Let's go.
Chat, der kann ja. Ich glaube, wir gehen direkt zu ihm über. Ich glaube, der macht besser Content als ich. Chat, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Oh mein Gott, oh mein Gott, Chat. Holy moly. Pirate, Firelove. Effi Pirate. Oh mein Gott, liebe Chat. What is happening? Was ist schon passiert? Sabi, merci vielmals für den Resub im 29. Monat. Sabi, merci vielmals für deinen Support. Celiabo, merci vielmals für den Resub im 2. Monat. Let's go. Celiabo, auch merci dir für den Support. Airfighter mit 47 Monaten. Airfighter, ich glaube, so wie es aussieht, wirst du immer on top sein. Also am meisten Monate haben, wenn es so weitergeht. What is happening, Chat? Wieso kann ich die Musik nicht pausieren? Oh, Chat, what is happening? Merci vielmals für 27 Monate, Jenny. Danke vielmals für den Resub. Danke vielmals für den Support. Und Speck, merci vielmals für 100 Biddies. Speck hat noch Post bekommen. Ich habe gesehen, du hast noch geschrieben. Es ist angekommen, das freut mich auch mega. Speck hat Stack komplett gehabt. Meine Stimme ist weg. Ich glaube, meine Stimme habe ich auch mitgeschickt im Speck. Ich habe meine Stimme ins Kuvert rein da. Chat, wie haben es schön, dass ihr da sind. Ich begrüße mal schnell alle. Schnell schauen, dass da alles funktioniert. Etwas funktioniert schon mal nicht, ich weiß nicht wieso. Die Musik kann ich nicht pausieren. Ne? Aber das schaue ich nachher schnell an. Wird es irgendein Update geben. Aber egal. Ich begrüße schnell Römer, Highway Racer. Kokainum. Highway Racer geht's jetzt zum First. Dann Skizzy, Paui, Yuti, Princess Luna, Sabi, Kaylee, Lucifer, the Dark Lord Lucifer, and Gigi's to the VIP. Warlock, grüezi wohl, Speck, Nelfi, Gattorino, Swiss Coconut, Tiliabo. Was ist das? JK LMNOP, Nick Mann, Airfighter, Jenny, Steampunk Lady, respektive Specko, Murloc, Flörumann, Rumpel, grüezi miteinander. Schön, dass ihr da sind. So viele Leute, das ist unglaublich. Brandy ist auch da. Brandy. By the way, Song Requests sind offen. Ich schaue gerade schnell, ich muss immer schauen, ob das meine Songs sind oder schon eure. Das ist noch mein Song, aber ihr könnt Songs wünschen, lieber Chat. Müsst ihr gehen. Wenn nichts kaputt ist, dann müsst ihr es gehen. Und wie war eure Woche, lieber Chat? Wie war euer Einstieg ins Wochenende? Ich kann euch nur schon sagen, mein Einstieg ins Wochenende war wild. Das ist absolut wild. Oh, was haben wir? Spielzeughammerkarte für Specko. Fienchen, grüezi. Fienchen, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Lieber Chat, ich erzähle es jetzt schnell. Vielleicht haben Sie es schon beim Blatsch gehört, beim lieben Mr. Blatsch. Das ist, glaube ich, auch noch live. Er war bei mir. Er ist gestern, ich muss gerade schnell überlegen, kein Zeitgefühl mehr, oder? Er ist gestern zu mir gekommen, gestern am Abend nach dem Arbeiten. Dann haben wir gesagt, wir nehmen das ein paar Bier. Ein paar Biere. Und wir haben auch die Nacht durchgesoffen, Chat. Wir haben auch die Nacht durchgemacht. Blatsch ist um 6 Uhr verzogen. Aber es war genial. Lieber Chat, es war genial. Ja, also auch nochmal an dieser Stelle natürlich ein kleines Shoutout für den Blatsch. Wie gesagt, er ist selber in dem Moment wahrscheinlich noch live. Ja, also, ihr kennt ihn ganz sicher. Ganz cooler Dude. Und mit dem kann man sehr gut Bier trinken, Chat. Nur mit Bier lese ich gerade Abo. Es hat tatsächlich noch ein bisschen Rum gegeben. Ja, das muss auch sein. Ein bisschen Rum haben wir gekostet. Aber sonst haben wir wirklich einfach, ich weiss gar nicht, wie viele Biersorten probiert. Das sind mega viele Biersorten gewesen. Der Blatsch hat das alles organisiert gehabt. Und dann haben wir uns da wirklich durch jede Art von Bier getrunken. Es hat gute gehabt, es hat weniger gute gehabt, aber sie haben gewirkt.
Let's go! Ich glaube, das sind eure Song-Requests, Chat. Oh, oh, oh. Oh, Rumpel. Rumpel, ist das die du noch brauchst? Ich weiss es nicht, Rumpel. Jetzt sehen wir gerade, ob der Rumpel Freude hat oder nicht. Und der Lizzie. Airfighter baut sich den Franziskus zusammen. Let's go. Lizzie, kein Problem. Und hallo Lizzie, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und schrei mich nicht so an, Lizzie. Nee, alles gut, ne? Kann passieren. Und GZ Airfighter zu der Franziskuskarte. Jetzt muss ich gerade schnell schauen. Bei dir, Airfighter, da steht jetzt Treus haben wir 1, Spielzeug haben wir 1, Gameplay-Karte, Gameplay 6, Treulina 2, Franziskus 5. Da haben wir Pump. Was fehlt denn da noch? Ich. Ich fehle noch. Was ist? Okay, Airfighter, dann brauchst du noch Troy-Karte, die jetzt der Rumpel gezogen hat. Rumpel schreibt aber nein. Rumpel mit oh, der Hype Train. Merci übrigens noch für den Hype Train Chat. Die haben mich gar nicht bedankt. Er hat einen Hype Train gestartet. Das heisst, die drücken schnell aufs Knöpfchen. Da schnell einmal pausieren. Und dann, wo ist mein Knöpfchen? Knöpfchen hier. Merci vielmals für den Hype Train. Let's go! Also, lieber Chat, es war nicht notwendig, ich sage es immer wieder, aber es ist appreciated. Danke vielmals für euren riesigen Support. Okay, das war nicht schlecht gewesen. Das war nicht schlecht gewesen, Nickmann. Let's fucking go. Jetzt muss ich da nochmal schnell schauen. Chat, ich bin gerade bei euch. Ich will nochmal schnell ein Problem beheben. Das nervt mich ein bisschen. Die eine Taste, die nicht will. Wieso will die nicht, Chat? Spotify Pause, das müsste doch gehen. Oh. Oh. Wieso startet Python Scripts nicht im... Mann. Meine Python-Scripts werden nicht ausgeführt, sondern einfach geöffnet. Das ist natürlich nicht da, wo ich will, Chat. Moment schnell. Open with Python. Python. So, Python. Oh, jetzt geht's wieder. Chat. Problem gelöst. So, ich muss mal schnell ein bisschen Chat nachlesen. Ich kann nicht alles lesen, ihr kennt es langsam. Ich steige irgendwann ein. Wenn ihr also vorher noch irgendetwas Wichtiges geschrieben habt, lieber Chat, dann müsst ihr es wahrscheinlich nochmal schreiben, aber ich steige jetzt einfach da ein. Und was für eine schöne Schrift du hast du das geschrieben? Nein, das hat meine Assistentin geschrieben. Also eine von meinen Assistentinnen. Ich bin mir gar nicht, ich habe glaube nachher noch die Assistentin von meinem Mod habe ich noch müssen fragen, weil meine direkte Assistentin hat nicht wirklich Zeit gehabt. Und genau. So ist es gelaufen, Speck. Nein, natürlich habe ich das geschrieben. Merci fürs Kompliment in dem Sinn. So, schnell schauen. Hat irgendjemand noch... Also übrigens, wenn ihr alle 6 Karten habt, ich habe es letztes Mal schon gesagt, dann könnt ihr Ausrufezeichen bestellen, Abstand S1 oder S2 für Season 1 oder Season 2 machen. Dann habt ihr es offiziell bestellt, dann bekomme ich eine Notiz, dann rutscht das in meine To-Do-Liste und bei euch ist es dann auch so hinterlegt, dass ihr die physisch bekommt. So, wo bin ich gewesen? Ja, das war noch die Frage, die habe ich vorhin schon beantwortet. Nur mit Bier. Gipfeli haben wir leider keine gehabt. Ich habe noch Chips gefunden. Ich bin irgendwie nicht so vorbereitet gewesen. Endlich hätte ich noch so Salzstängel besorgen. Aber der Plätsch hat das Bier mitgebracht und ich habe die gute Laune mitgebracht. Also es war fair aufgeteilt. Wie gesagt, den Rum haben wir noch ein bisschen probiert. Also mein Lieblingsrum, den ich halt im Regal stehen habe. Noch nicht so fit, wie geht's dir, Lesi? Dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Mir geht's gut. Irgendwie die Stimme ist ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob das am Alkohol liegt. Also ich bin jetzt nicht mehr besoffen, Chat. Ja? Ich bin nicht besoffen. Aber wie gesagt, die ganze Nacht ein bisschen durchgesoffen mit dem Plätsch.
Also ich glaube, es ist ein bisschen auf die Stimme gegangen. Ich weiß nicht wieso. La la. Hast du meinen Vorschlag schon durch den Kopf gehen? Der, wo ich der beim Barracks im Chat gesagt habe. Oh shit, Barracks, ja, Barracks. Flöru. Fuck, was ist es gewesen? Du musst mir schnell auf die Sprünge helfen. Ich weiss, es war irgendetwas gewesen und ich habe darauf reagiert. Ausrufezeichen Gameplay. Mit dem... Was hast du gesagt? Mit dem Subway Surfer, ist es das gewesen? Ja, Subway Surfer Gameplay. Ich muss mir das noch genauer überlegen. Also in dem Sinne, nein, ich habe mir es noch nicht wirklich überlegt, aber ich habe mir es, glaube ich, noch einmal notiert. Aber ich tue mir es jetzt noch mal notieren, lieber Flöro. Für das habe ich so eine Funktion. Erinnerung. Let's go. Ist abgespeichert. Schauen wir an. Die Roylina hat es... Oh, endlich hätte ich das sagen. Das stimmt. Also, hey, ich korrigiere, Speck. Das hat nicht meine Assistentin geschrieben, das hat auch nicht die Assistentin vom Warlock geschrieben, sondern die Roylina hat das geschrieben. Sie ist schnell gekommen, durchs Portal und dann hat sie das geschrieben. Also eigentlich ist sie nicht einmal richtig durchs Portal, wie die Roylina halt ist. Oder die interessiert sich nicht für die Leute. Oder ich habe gesagt, da muss schnell schreiben. Und sie, ja, also gut, also gut. Schnell durchs Portal hat sie das geschrieben und ich habe dann unterschrieben. Jutti, die Gipfel ist, ne, Jutti? Es hatte keine mehr. Ich war einkaufen, ne, und es hatte keine Gipfelis mehr, Jutti. I'm so sorry. Chat, wir haben keine Gipfeli heute. Aber dafür habe ich Kaffeedrinks. Kaffeedrinks hat es noch gehabt. Mir getraut sich gar nicht, die auspacken. Ich habe sie nur schnell angeschaut, gerade wieder einpacken. Aber... ja gut, jetzt gerade schnell müssen überlegen, ich habe alles in eine Folie rein da, das heisst, alle 6 Karten müssten stehen. Ja, ich fühle es. Ein bisschen bin ich auch so. Also jetzt bei den Funko-Pop-Figuren habe ich schon manchmal gesagt, die packe ich immer aus. Aber so Kärtchen, wo man noch denkt, hey, wenn ich sie auspacke, sind sie nicht mehr geschützt und so. Das fühle ich irgendwie. Aber du kannst wie nicht alle anschauen, wenn du sie nicht auspackst, oder? Das ist ein bisschen doof. Dann hätte ich sie einzeln müssen verpacken. Na dann, nächstes Mal dann lieber Troy. Oh, das ist jetzt aber nicht, das ist nicht bezogen auf das, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Hast du besoffen rumgegrölt? Ja, wahrscheinlich schon. Ich muss mal die Nachbarn fragen. Ich muss die Nachbarn fragen, ob sie etwas gehört haben. Ich könnte mir schon noch vorstellen, dass sie vielleicht ab und zu ein bisschen uns gehört haben, lachen, labern. So, da bin ich wieder, Chat. You can't take the sky from me. Bleib weiterhin im Lurk. Hey Jutti, danke dir für den Lurk-Support. Merci vielmals. So, alle halbe Stunde kann man 3 Minuten Subway Surfer Gameplay anzeigen. Also, ohne Scheiß, im Fall Fleur, ich muss mich zuerst noch mit der Subway Surfer Thematik auseinandersetzen. Also, ist jetzt das etwas? Das sagt mir im Fall nicht. Also, für mich sind das eigentlich so Subway-Sandwiches, die dann kommen. Aber ich glaube, ich muss da googeln. Was ist das, Fleur, überhaupt? Was ist der Subway Surfer? Ist das etwas, das man kennt? Das ich kennen müsste? Oh, geil, by the way, Herald of Darkness von Fienchen gewünscht. Ich freue mich schon drauf. Und Mino grüezi. Sorry, dass ich dich nicht begrüßt habe. Erst jetzt gesehen. Mino, wie geht's? Schön, dass du da bist. Mir geht es soweit gut, alles fit. Mino, du hast es ja so ein bisschen mitbekommen, darum sage ich es jetzt auch an dieser Stelle. Nicht, dass ihr verwirrt sind und denken, oh, der Troy hat doch gesagt, das ist im Moment ein bisschen doof und jetzt sagt er, es ist alles gut. Ja, ich habe im Moment so, ich sage mal, meine Challenges, die hat man im Leben und aktuell geht es um eine Challenge, die ich ein bisschen weit habe, bezogen auf meinen Job. Aber es ist noch zu früh, um wirklich auch viel dazu zu sagen. Es wird eine Veränderung kommen, das ist da, wo ich weiss. Ich bin dummerweise eben auch nicht wirklich so richtig informiert worden. Aber es wird sich irgendetwas verändern, so viel steht fest. Und jetzt ist halt für mich so ein bisschen die Frage, wie gross ist die Veränderung? Ist die innerhalb von der Firma oder
muss ich mir etwas Neues suchen. Also, aber lieber Chat, macht euch jetzt auch nicht zu grosse Sorgen. Wir müssen jetzt alle auch mal abwarten. Ich muss mal abwarten. Wenn ich News dazu habe, dann erzähle ich sicher auch mehr dazu. Earth Angel, Chat. Earth Angel. Earth Angel. Ja, die Szene, Back to the Future, Chat, wo sie dort sind und sie tanzen. Und der Marty McFly ist an der Gitarre. Ja, das ist das Lied. Das ist genau das Lied. Ach, Troy, ich vermisse dich. Aber Lizzie, ich bin doch hier. Ich bin doch hier. Und du bist doch auch hier. Oh, Lizzie, danke für den Hug. Merci vielmals für den Hug, Lizzie. Ja, aber alles gut. Wir sind hier. Und jetzt gibt es von mir noch einen Hug an alle. Hug an alle, Chat. Genau so machen wir das jetzt. Habe eben schon gedacht, dass das eine Frauenschrift muss sein. So schön. Ohne Scheiß. Ja gut, das ist mir schon manchmal gesagt worden. Also endlich bin ich nicht so verwundert. Kann ich irgendwie gerade etwas zeigen? Hello there. Ist das ein Leak? Also den Inhalt müsst ihr nicht beachten, aber das ist meine Handschrift. Das sind meine Notizen, by the way, für das Marbles-Event. Ja, das ist meine Schrift. Vielleicht habe ich mir auf der Karte noch ein bisschen mehr Mühe gegeben, Chat. Aber ja, ich habe schon ein bisschen eine Frauenschrift. Das ist mir schon manchmal gesagt worden. Indeed. Na gut, ich glaube dir mal. Aber Jutti, ich höre da so einen Unterton. Ne? In deinem geschriebenen Satz, den ich jetzt gelesen habe, höre ich einen Unterton. Ich glaube dir mal. Ausnahmsweise. Aber der Treu, der lügt doch sowieso nur. Hat es auch schon Community-Karten für 2024? Nein. Die einzige Community-Karte, die aktuell in Umlauf ist, ist die mit dem Fantasy-Basel-Bild. Chat, wo habe ich sie? Ich habe sie nicht einmal da. Wieso habe ich sie nicht da? Das ist so ein schöner Song. Chat, ich kann es nicht einmal zeigen, aber Fantasy Basel, das Bild auf der Community-Karte, das ist im Moment die einzige Version. Aber ich muss auch ehrlich sagen, jetzt am Hero Fest hat es kein Gruppenbild gegeben. Ich würde halt dann immer auch gerne so ein Gruppenbild haben, wo jenste Leute oder Streamer oder auch von euch Leute drauf sind. Und wenn irgendwann mal das nächste geile Foto entsteht mit jensten Leuten, dann werde ich wahrscheinlich eine neue Variante davon machen. Und Martyr Musics, grüezi. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ich habe noch 8 Gipfel. Ja, aber Finchen, du hast da die kleinen Gipfel, oder? Vom Hotel. Finchen, du hast doch die kleinen Gipfel mitgenommen. Oder du bist schnell auf Bern geholt. Im Frühstücksbuffet hast du die mundgerechten kleinen Gipfel geholt. Sonst hättest du doch nicht 8 Gipfel bei dir. Hollywood Undead. Ich habe nur Bangs Latz verstanden. Geil. Und guten Morgen, Römer. Römer, wie hast du es? Das macht doch nichts, Troy. Kannst du mir auch ganz überlesen. Oh, Mino. Moment schnell, ich lese schnell nachher. Jetzt muss ich schnell etwas checken. Weil... Aber Moment, nein, das hast du nachher nicht geschrieben. Mino, ich glaube, das habe ich noch nachgeholt. Ich habe das dann noch gelesen, oder? Ich habe das dann schon noch gelesen. Darum mache ich jetzt weiter. Lizzie, merci für den Lurk-Support. Danke vielmals. Brack hat mich im Fall abgelehnt. Sie haben keine 24 Stunden gebraucht zum Absagen. Ja, ich halte auch keinen Einblick, wie das funktioniert, aber es funktioniert ja wahrscheinlich wie bei allen anderen Orten. Aber ich weiss nicht, nach welchen Kriterien jetzt in deinem Fall so schnell entschieden worden ist. Aber ich finde das halt auch schade. Das ist halt so, ja,
es ist die moderne Zeit und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass die Firma halt gewachsen ist, logischerweise. Wir sind nicht mehr so klein wie vor 15 Jahren oder vor 14 Jahren, als ich angefangen habe. Und ja, da wird halt alles so ein bisschen manchmal automatisiert gemacht. Also ich hoffe nicht, dass als Bewerbungen auch automatisiert abgelehnt werden. Das möchte ich damit nicht sagen. Aber es ist natürlich schade, ja, wenn man irgendjemand durch halt auch nur noch Nummern ist. Oder? Eine Nummer im System, aber das ist ganz allgemein. Das ist nicht nur auf Brack bezogen. Amelia, Tamika, grüezi. Let me do it for you. Amelia, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Aber hey, Feinchen, fühl dich gedrückt. Also, hätte ich etwas können beeinflussen, hätte ich das sehr gerne gemacht. Aber das ist natürlich zu weit entfernt. Also, das läuft über das HR und so weiter. Und da kann ich halt nicht reinschnarren. Feinchen, aber das wird schon. Also, du findest ganz sicher etwas. Ich drücke dir die Daumen und wir alle drücken dir ganz sicher die Daumen, Feinchen. Wegen dir hat der Troy keine mehr bekommen. Also wait, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Und übrigens, welcome back Fleur, oder hast jetzt du geschrieben Haag? Haag zurück. Haag. Merci für den Haag, danke vielmals. Meinst du, der kommt da bei mir einkaufen? Ist ein weiter Weg. Wegen der Gipfeli. Jetzt ist es angekommen. Mal, ich fahre immer extra in die Region der Feinchen. Ich mache den weiten Weg vor dem Stream jeden Samstag, um dort einkaufen. Meine Idee ist immer, dass ich den Feinchen ihre Gipfeli wegkaufe, aber meistens ist es umgekehrt. Check, man, Ich weiß Black. nicht, wie das P ist. Aber irgendwie unterstütze ich die Ananas verherrlichen die in Star Show 10 Monet und anscheinend neuerdings sogar mit Echtgeld. So tief gesunken bin ich Black J3 Bumme. Bumme? Ja, natürlich, Simon, die Bumme. Hey, Blackjack, merci vielmals für den Resub im 10. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Und ja, also ich kann deine Message nochmal unterstreichen. Aber ich finde es auch schön, dass in einer Welt von Ananas-Liebhaber, also Pizza Hawaii-Liebhaber und Pizza Hawaii-Hater und alles zwischenin, dass man doch zusammenkommt und eine gute Zeit hat. Das finde ich schön und natürlich, man muss nicht Geld liegen bei mir, das sage ich immer wieder, aber es ist natürlich geschätzt und check. Merci vielmals und wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hey, Chat, übrigens, also ihr habt sie hoffentlich gesehen. Für die es nicht gesehen haben, heute gibt es keinen Song of Horror. Nicht, weil ich es jetzt beendet habe, nein, nicht, weil ich jetzt Rage quittet habe, auch wenn ich vielleicht ein bisschen weit Rage quittet habe. Wir machen eine Pause. Aber ihr versteht mich sicher, wir müssen halt die zweite Episode müssten wir noch mal machen. Und ich bin irgendwie noch nicht in dem Flow, wo ich sage, hey, ich kann jetzt da mit Freude, kann ich das noch mal machen, ich brauche wie eine Pause. Aber es ist halt perfekt, lieber Chat. Das DLC von Alan Wake 2. Das DLC, das sich nennt «Der Haus am See». Ich hoffe, sie haben es korrigiert und das heisst nicht mehr «Der Haus am See». Aber früher ist es immer so im Menü gestanden. Das ist rausgekommen. Das ist released worden und das würden wir heute tun. Das würden wir morgen. Nein, irgendwann in diesem Stream werden wir das noch anzocken. Vielleicht durchzocken, I don't know, ich weiß nicht, wie lange es geht. Ich habe mal gelesen, es dauert eben nicht so lange. Ich habe mal gelesen, es dauert 5 Stunden, aber bei 5 Stunden bei mir, lieber Chat, sind das 2 Streams. Ausser die machen wieder bis am 9 Uhr am Morgen. Aber ich muss auch sagen, ich bin ja endlich jetzt in diesem Rhythmus drin. Ich bin endlich in diesem Schlafrhythmus schon drin. Dank dem Blätsch und dem Bier bin ich schon im richtigen Rhythmus drin. Wie gesagt, der Blätsch ist schon von 6 Uhr am Morgen. Und ich bin dann irgendwie eine halbe Stunde später bin ich ins Bett gelegen und direkt eingeschlafen. Aber der Rhythmus in dem Sinn ist schon mal so ein bisschen richtig.
Wo bin ich gewesen? Chat, ich will da nichts überlesen. Ich gebe mir immer Mühe, dass ich nichts überlese. Aber über 7 Minuten, Minuten hin und nachher, ja genau. Für Gipfeli macht der Troy alles, also in dem Fall, ja, für Gipfeli kommt er auch zu dir einkaufen, Fienchen. Absolut richtig. Mino, Fienchen, so ist es. So ist es. Wärst du früher da gewesen, hättest du noch welche bei mir bekommen. Ja, und Jutti hat auch schon alle gegessen, ne? Hat alle gegessen. Hat gebackt für die Kunden, hat sie alle selber weggegessen. Oh, was haben wir da? Nice, what? Chat. Ja. Schaut mal, von wem es der Song ist, der da läuft. Jetzt der Blätsch. Hört. Ich lese mal weiter. Guckli-Mann! Hier Geld. Die getragenen Socken waren gut. Wann schickst du mir eine neue Ladung? Sind doch nicht bei OnlyFans, Guckli. Du bist am falschen Ort. Das ist OnlyFans. OnlyFans, da kannst du so Zeug machen. Hier reden wir nicht über die getragenen Socken. Hey Guckli, merci vielmals für den Resub. Im 22. Monat, danke vielmals für deinen Support. Oh, sorry. Kann passieren. Passiert mir amigs auch. Wir kennen es. Passiert uns allen. Guckli, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und wie war deine Woche? Paddy Blatch, let's go. Bonus The Wellington Sketchbook ist das. So, Chat, ich bin 10 Minuten hinten nachher. 10 Minuten bin ich hinten nachher, glaube ich. Troy, Mann, offen hast du es gut. Ich bin offen, ich bin immer offen zu euch. Nicht zu dir erst recht. Aber mir geht es gut soweit. Ja, ich bin gesund. Gesund bin ich auf jeden Fall. Habe eine wilde Nacht hinter mir. Aber das gehört auch dazu. Nick, wie geht es denn dir? Doch, hat es eins gegeben. Jetzt muss ich schnell überlegen. Sind wir immer noch bei den Gipfeln? Ich weiß, ich habe den Vater verloren. Tekla, ich habe den Vater verloren. So schnell den Tekla lieber. Den Vater verloren. Mir geht super, dir auch. Hey, Musics, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, alles gut. Wie gesagt, es gibt immer mal Challenges. Wie genau das Wort? Challenges im Leben. Die müssen wir alle bewältigen. Aber in dem Sinne, es geht mir gut. Also ich kann mich endlich nicht beklagen. Aber es freut mich natürlich, dass es dir gut geht, Musics. Nick, Mann. Nick, Mann. Team Blau. Der Nick ist halt einfach blau. Nein, 4 French Croissants und 4 Rustico und noch eins mit Schoki. Also eigentlich noch. Ja, aber die French Croissants, die sind aus dem Coop, oder? Also dort sind sie immer angeschrieben mit French Croissants. Das ist einfach so ein Croissants. Das ist so ein schönes Wort. Aber Gipfel ist schöner, Chat. So, Chat, wo sind wir? Ja gut, ich habe gerade fette Kürbissuppe gemacht und Vergenusswurzeln. Das ist ein sehr schönes Wort. Vergenusswurzeln, die jetzt. Hey, Römer, gönn dir. Also Römer, das ist nichts Neues, dass du kannst kochen kannst. Ich habe noch nie kosten, was du kochst. Aber ich glaube dir, dass du kannst kochen. Und darum bin ich mir auch sicher, dass die Kürbissuppe so richtig fett ist. Richtig fett. Auch Remove Song. Flatter. Welcher Song soll removed werden, Fleur? Und da muss man noch schnell sagen. Vielleicht sehe ich es noch. Und sonst muss man es schnell schreiben und dann kann ich es in 10 Minuten, wenn ich es dann lese, ist der Song wahrscheinlich schon gelaufen und dann tue ich ihn noch entfernen. Sie haben geschrieben, meine Lohnvorstellung sei nicht im Salärrahmen. Wie wenig wollen die zahlen? Ich kann nichts dazu sagen. Aber ich glaube,
Nein, ich sage jetzt nichts dazu. Ich sage nichts dazu, sonst muss ich mir wirklich einen neuen Job suchen, lieber Jen. Aber ja, Fienchen, grundsätzlich, du hast recht. Du hast recht. Der Troy ist Nummer 69 plus. Das ist dann so, ich habe nicht nur eine Nummer, ich habe noch das Plus-Chat. Weil ich einfach geil bin, oder? Hey, Amelia, das freut mich. Das freut mich. Wegen sowas wurde ich auch mal abgesagt. Ja, das ist halt. Ich finde das immer doof. Aber ja. Die Firma wird halt. Muss halt auch ein bisschen schauen aufs Geld, Chat. Die Firmen, die müssen doch auch ein bisschen schauen aufs Geld. Kannst mich hart am Arsch legen. Brack braucht einfach keine kompetente Mitarbeiter. Das letzte Mal bin ich mit dem PC reingelaufen wegen Garantie. Und die Gumsle hinter dem Tresen hat gemeint, also liebe Brack, ich lese nochmal vor, was da steht. Wir müssen das telefonisch anmelden. Und dann hat sie gemeint, sie können mich im System nicht suchen. Und fast Vögel bekommen. Gut, ich kenne jetzt nicht den ganzen Fall, aber das klingt für mich auch ein bisschen unlogisch. Also du hast es bei uns gekauft, du hast es bei Brack gekauft, also bist ja als Kunde hinterlegt. Auch wenn du das Gast bestellst, ist ja... I don't know, also ich weiß es nicht. Mino, aber das tut mir natürlich leid, wenn du die Erfahrung gemacht hast. Ui. Careless Whisper. Nice one. Sonnenblumen, ja genau, das ist auch so ein geiles Emote-Check. Einfach so ein geiles Emote. Deutsch doch geil. Immer. Hat das geschrieben, während er auf die Salami, Schinken, extra Käse, Pizza wartet. Oha. Also, okay, nur extra Käse, das ist extra. Und sonst hast du Salami und Schinken drauf. Das ist nice. Aber tust du am die Ananas noch, holst du dir noch so eine richtige Ananas? Ja, und dann kommt die Musik. Und dann küsst sie noch schnell, die Ananas. Und dann tust du selber noch ein bisschen drauf. Oder? So muss das gehen. Mir geht es eigentlich gut, nur so ein... Oh. Hey, Calls übrigens, grüezi wohl, Calls. Und jetzt muss ich schnell schauen. Ich muss noch schnell nach YouTube Hallo sagen. Wieso siehst du das nicht? Chat, ich muss schnell F5 drücken bei meinem Chat-Tool. Hallo nach YouTube. Aber ich sehe es nicht. Mein Chat-Tool ist kaputt. Hier, Razier. Hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und Grüße nach YouTube. By the way, wenn du den restlichen Chat auch noch sehen willst, dann kannst du auf Twitch kommen. Twitch.tv/treuhammeren. So, Chat. Ich muss gucken, wo ich bin. Ne? Ich muss gucken, wo ich bin im Chat. Da, ich habe es ja offen gehabt. Hey, jetzt ist es wieder zu. Hey, mir geht es endlich gut, nur so eine doofe Ohrenentzündung eingefangen ist. Oh, schon wieder? Oh no. Aber das Mal warte ich nicht mehr so lange und gehe am Montag direkt mal zum Doc. Hey, mach das ist wichtig. Ich habe auch zu lange gewartet damals und dann hat es geheißen, es ist eine Mittelohrentzündung. Nee, Verkaufsandrang war zu groß. Das ist gelogen, Jutti. Das höre ich doch raus. Du hast die selbst gegessen. Ich glaub's ja wohl. Was höre ich hier? Kann mich nicht beschweren, danke und dir. Hey Google, ist alles so weit gut bei mir. Merci. Freut mich, dass es dir gut geht. Und der Calls. Habe ich jetzt den Calls endlich begrüßt. El Gallo. Der El Gallo, den ich endlich am Hero Fest live getroffen habe. Muss ich jetzt auch jedes Mal sagen. Bist jederzeit, also kann ich einfach vorbeikommen. Übrigens Römer, hello nach YouTube. Der Römer ist auf YouTube. Sehr schön. Ich komme einfach vorbei, Römer. Immerhin, da, wo ich jetzt bin, wenn sie meine Sachen noch einen Monat länger behalten und dann doppelten Lohn dafür zahlen. Ja, es geht anscheinend an Firmen, die wissen, was ein guter Mitarbeiter wert ist.
Ja? Und das fände ich schön, das zu hören. Ich meine, ja, es ist eben, nachher musst du ja gleich gehen, aber das hat auch seine Gründe. Ich will jetzt da nicht zu viel erzählen. Ähm, aber ich fände es schön, dass man das so macht, weil das ist auch irgendwie eine Wertschätzung, oder? Und by the way, Razier, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, ne? Ein geiler Akzent. Ja, ich bin halt aus der Schweiz, das ist die schweizerdeutsche Sprache, ne? Aber wie gut verstehst du denn das? Das nimmt mich jetzt Wunder. Es gibt hier viele im Chat, die haben am Anfang, wo sie das erste Mal hier waren, ganz, ganz wenig verstanden. Inzwischen geht es aber schon sehr gut. Also man gewöhnt sich auch dran. Aber ich passe mich auch an, ne? Wie jetzt. Bonjour, Calls. Wenn man eine Mittelohrentzündung hat, raucht dann der Kopf? Fragezeichen. Wegen der Zündung. Das ist nicht eine Mittelohrentzündung. Es ist eine Mittelohrentzündung. Das kann man schnell falsch lesen und somit, nein, der Kopf, der raucht nicht. Wenn du mich findest, ja, ich habe da, weißt du, Römer, ich habe da schon mein Whiteboard, oder? Mein Whiteboard, nein, nicht Whiteboard, ich habe die Korkwand. Und da habe ich so Haufen so Heavies angeklebt, ja, da der Römer und da ist er mal auftaucht. Und da habe ich die roten Fäden und den Umkreis und so. Also ja, so langsam bin ich näher dran, Römer. Und irgendwann stehe ich auch vor der Tür. Hey, Finnchen, viel Erfolg beim Fertigkochen. Chat, ich bin am Ende vom Chat angelangt. Gehen wir ins Gameplay rein jetzt. Merci für den Lurk, Speck, danke vielmals. Und M&A, grüezi. M&A, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Corkboard, genau, with evidence. Hey, da kommt mir jetzt auch gerade wieder etwas in den Sinn. Das habe ich, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es mit euch auch schon angeschaut oder darüber geredet habe, Chat. Aber ich habe zumindest mit dem Warlock, meinem Mod, habe ich mal darüber geredet. Es gibt ja so Anbieter von, es ist nicht ein Brettspiel, aber es ist ein physisches Löse einen Fall-Spiel. Und das würde mich mega reizen, so etwas mal machen. Also entweder mit Leuten, so wie es angedenkt ist, oder eben vielleicht auch on Stream. Das würde mich mega reizen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei der Lulena, kennt ihr sicher, sie hat auch schon so Rätsel gelöst, die eben in physischer Form sind, wo du immer so Hinweise hast und dann bekommst du eine Nummer, dann musst du auf dem Kärtchen schauen, was steht jetzt dort drauf und dann steht, hey, ist falsch oder hey, da, ja, ist richtig, da geht es weiter und das ist mega nice und sie hat das eben auch on Stream gespielt und das würde mich mega reizen, so etwas auch zu machen. Und eben vielleicht so, ich stelle mir dann eben so die Korkwand vor, oder? Die müsste dann schon sein. Die Korkwand-Cam. Und die Idee ist eben, wenn ich es live streame, dass die alle auch ein bisschen wie mitmachen können. Aber ich muss mal schauen, wie ich das realisiere. Das ist auch so eine Idee, ne? Mal schauen, wie das kommt. Akte X. Also gibt es von Akte X auch so etwas? Oder meinst du jetzt auch, ja, Akte X in dem Sinne, da haben sie das auch gehabt? So typisch halt Detective-Zeug, oder? Welcome back, Fienchen. Hast jetzt du schon fertig gekocht? Das ist jetzt aber schnell gegangen. Was hast denn du gekocht? Mit deinen 9 Gipfeln. Servus zusammen, bin direkt wieder im Lurk. Pfannkuchen futtern, ja. Bist du bei Fienchen zu Hause? Hat die Fienchen Pfannkuchen gemacht? Oder Dave, hast du selbst Pfannkuchen gemacht? Hey, Dave, gönn dir. Hi, Dave, gönn dir. Und vielleicht bis später, ja. Und merci für den Lurk. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Immer noch. Moment. Nicht so mein Ding. Machst du heute hoffentlich ein bisschen lang.
Machst heute hoffentlich ein bisschen lang, gell, Troy? Du hast nicht mehr Rage quitten, gell? Würde mich freuen. Würde mich freuen, wenn du on bist, wenn ich verwache. Mino, vielleicht noch so ein Schlaftablettchen dazu. He? Hört mal so ein Schlaftablettchen nehmen, damit du ein bisschen länger schlafst. Wobei, nein, das macht es ja noch schwieriger für mich. Wait a second. Nein, vor dem Schlafen vielleicht noch keine Ahnung, sondern ein Red Bull saufen. Und dann gehst du jetzt am besten schlafen. Gipfelis, Mann. Oh, jetzt bekomme ich gerade Lust auf Gipfelis. Ich muss gerade über... Das Geile ist auch, lieber Chat, heute ist wieder mal einer dieser Tage, wo ich halt nicht gegessen habe vor dem Stream. Aber ich esse nach dem Stream. Also nein, bestellt mir nichts, lieber Chat. Bestellt mir bitte nichts. Weil ich weiss, dass Leute schon nicht vor dran sind, mir etwas heimstellen. Ja? Eine Pizza Hawaii würde ich also schon noch nehmen. Pizza Hawaii ist okay. Jetzt, nein, mach jetzt nicht, Chat. Das war jetzt keine Aufforderung, auch als es gesagt ist. Gemüsesuppe mit ganzen Bullenschenkel drin. Und sie ist doch noch nicht fertig. Darum bin ich wieder zurück. Also sind Bullenschenkel noch nicht so ganz durch. Ich nehme an, es geht vor allem um das, oder? Weil das Bullenfleisch muss halt schon durch sein. Niemand einen Song eingegeben. Meine Songs sind noch nie so schnell gekommen. Specko, hey. Genieße es. Genieße es. Etwas trinken ist eine gute Idee. Das ist immer eine gute Idee. He? Chat, trinkt genug. Wie zum Beispiel Bier. Mit dem Plätsch. Die ganze Nacht. Wochenende saufen. Ich könnte dir noch einen Gipfel und eine Portion Suppe vorbeibringen. Ja, holy shit. Ja, da hast du aber einen Moment, Fähnchen. Bestellung Pizza Hawaii. ich sehe es schon kommen. Im Verlauf vom heutigen Stream läutet es irgendwie 5-mal an der Tür und ich bekomme einfach 5-mal Pizza Hawaii. Also wenn ihr so etwas macht, denkt daran, sprecht euch vielleicht noch mit den Leuten. Sonst so viel Pizza Hawaii kann auch ich nicht essen. Dann müsste ich den Jack noch einladen. Den Black Jack müsste ich dann noch einladen. Ja genau, Familienpizza. Aber Chat, habt ihr das auch schon gemacht, dass ihr einfach so Hunger habt, dass ihr gedacht habt, und die Betonung ist auf, dass ihr gedacht habt, dass so eine 32 cm Pizza nicht reicht. Habt ihr das auch schon gehabt, Chat? Ich glaube, es sind 32 cm, einfach Standardgröße. Und dann denkt man so, hey, ich brauche so einen 40 cm, oder? Für den grossen Hunger. Und dann kommt sie und dann denkst du, holy shit, man, ist die gross. Aber das Gute ist, Pizza, bin ich der Meinung, kann man eben auch noch kalt essen. Also man kann so auf die Seite legen und dann den Rest noch später essen. Das geht wunderbar. Der wird dann nicht auftauchen. Leider nein, leider gar nicht. He? Ja, der Check. Er ist halt noch nicht so weit. Jetzt denke ich, wir haben das so ein bisschen, wie ich es vorhin so erklärt habe, wir haben ein bisschen so zusammengefunden und Verständnis und so. Und vielleicht einmal so ein 40 cm Pizza Hawaii liegt vielleicht drinnen. Ich bestelle meistens 40, Reste gibt es dann am nächsten Tag. Ja, eben, aber das ist, ja, das macht auch Sinn. Aber ich finde es auch manchmal geil. Ich denke auch, hey, jetzt, ich habe so Hunger, die esse ich an einem Stück, die wird gegessen. Nachher bleibt weniger als die Hälfte meistens Führung. Aber dann kommt so der Moment, wo ich denke, okay, das tue ich jetzt mal auf die Seite. Geiler Song, by the way. AC/DC Thunderstruck. Thunder. Geil! Und da sehe ich gerade, ohne Scheiß, das erinnert mich gerade an Bounce, wo er dort am Rennen fahren war.
Irgendeinem Game war er am Rennen fahren gewesen. Und dann hat er, glaube ich, mich gefragt, Troy, wir brauchen einen Song für den Moment. Und dann habe ich den vorgeschlagen. Und ich habe den vorgeschlagen, weil es einen Film gibt. Chat, wer kennt den Film Ricky and Bobby? Ricky and Bobby. Ja, geht um Rennen fahren. Will Ferrell. Der Will Ferrell und der andere Dude, wo ich immer den Namen vergesse. Ullen, wie geht's dir? Boy! Ullen, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hä? You've been thunderstruck. Und hey! Carnage, grüezi, Carnage, wie geht's dir? Jetzt bin ich schnell, Carnage direkt verwundert. Wieso liest Troy den Chat direkt? Ich weiß es auch nicht. Fragen über Fragen. Oh Gott, ich habe glaube nur den Schluss gesehen. Der Film ist richtig kaputt. Ich liebe den Film. Ich liebe den Film. Aber ich gebe dir recht, der Film ist schon recht kaputt. Aber ich liebe den Humor. Ich mag den Will Ferrell extrem als Schauspieler. Vor allem in einer lustigen Rolle. Und das ist echt gut. Ricky and Bobby, müsst ihr euch mal geben, Chat. Und dann kommt eben auch die Szene vor, wo's Rennen fahren. Also so die grosse finale Szene ist es, glaube ich. Und dann läuft Thunderstruck dazu. Auch sehr geil. Und Ace of Spades bei Motorhead haben wir auch noch drin. Let's go. Highway Racer ist am Karten sammeln und er hat schon gesammelt, zweimal Ende des Chats. Ja, darum bin ich immer am Ende vom Chat, weil der Highway Racer so viel von diesen Karten hat. Mein Schlafrhythmus ist aktuell alles andere als bescheiden. Uff. Ja gut, meiner auch, Carnage. Meiner auch. Carnage, ich hab die ganze Nacht durchgesoffen. Die ganze Nacht durchgesoffen mit Mr. Bletch. Schlafrhythmus kaputt. Chat, bis um 6 Uhr am Morgen. Es geht's. Skizanta. Mit 6 Lied. Danke dir für den Raid. Da, 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 da. Da, 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 da. Hey Skizzy, danke dir für den Raid. Und liebe Raiders, wie geht's euch denn? Schön, dass ihr hier seid. Und Skizzy, was gab's bei dir? Und liebe Raiders, hat sich Skizzy gut geschlagen? Und liebe Raiders, jetzt noch nicht gehen, ne? Ihr müsst jetzt bleiben. Weil wir machen ein Foto zusammen. Zusammen mit Skizzy und mir und euch machen wir jetzt ein Foto. Ihr müsst einfach Ausrufezeichen Foto reinschreiben in den Chat. Dann kommt ihr mit dem Profilbild hier aufs Foto. Skizzy, du darfst dir noch was auswählen auf der linken Seite. Und ich begrüße noch Civil Craft Grüezi. Naja, das weiß ich nicht so ganz. Hat sie es nicht gut gemacht, ne? Einfach raus damit, ne? Ehrlich sein, Skizzy hatte keinen Aim. Skizzy hatte keine Strats. Weit entfernt von 279 Damage. So, wait a second. Hier noch kurz anpassen. Oh, das ist falsch hier, so. Blur ein bisschen. Ich lese noch kurz, Chat, ich stelle auch kurz ein wenig auf Hochdeutsch dass ihr mich versteht. Und ja, by the way, liebe Raiders, ich bin der Troy aus der Schweiz. Geil. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Interaktivität, Effekten, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und heute ist die Idee, dass wir irgendwann ins Alan Wake 2 DLC reingehen, in das Lake House DLC. Aber das ist viel später, ne? Viel später, wir labern jetzt noch stundenlang. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit here. They call him Troy Hammerin. He does that thing where he says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it hashtag eventually some gameplay. What a bunch of fucking weirdos.
Oh, oh, nochmal. Und wie viele Karten gibt es pro Season? 6. 5, die droppen. Eine, die ihr herstellen müsst und dafür 5, jeweils eine von den 5 bezahlen müsst. Und dann habt ihr am Schluss dann irgendwann 6. Ja? 6. Und das ist das volle Deck. Und dann bekommt ihr es physisch zugeschickt. Antonio Margareti. Genau. Ancora? Margareti. Margareti, Chat. Margareti. Ich weiß es nicht, Specko. Es ist Akte X. Ist das nicht der Film, wo sie immer hure geil aufeinander sind und überall poppen? Nein, das ist, glaube ich, nicht der. Ullen, ich weiß nicht, ob du da die andere Version von dem Film geschaut hast. Ja? Ricky and Poppen und so, das ist die falsche Version. Ich rede von Ricky and Bobby, nicht Ricky and Poppen. So, ich wollte sagen Ricky and Poppy, aber das egal. He? Chat, ihr wisst, was ich sagen will. Ich bin mir es auch nicht gewöhnt. Ich hoffe, du stinkst nach Aromat, denn das ist geil. Ja, schon ein bisschen. So, Chat, kurz nachlesen. Seid ihr alle auf dem Foto? Ausrufezeichen Foto. Wer noch nicht drauf ist, Ausrufezeichen Foto. Ricky and Poppy. Oh, Coffee Drink, den hole ich mir gerade. Und Suri Z und Tiger und Lannister, Lisa Lee, Juna. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Wie war eure Woche? Ich glaube, das war der Film, den ich geschaut habe. Also Ricky and Bobby ist ein Rennfahrer-Film, so, aber Rennfahrer-Komödie, ne? So in diese Richtung. Lieber Raiders, hat von euch jemand Ricky and Bobby gesehen? Film mit Will Ferrell. Es kann... Wait a second. Es kann auch sein, dass der auf Deutsch nicht Ricky and Bobby heißt. Oder andersrum. Es kann sein, dass der im Deutschen einen anderen Titel hat. Und Sty, grüezi Sty. So, Chat, ich hole mir schnell den Coffee Drink. Be right back. Coffee Drink. Let's go. Merci vielmals, Nick, für den Coffee Drink. Oh, es gibt's. Ich muss noch gucken hier. Oh, das war der falsche Knopf. Gucken hier. 6 von 15, also es gibt sie. Ne? Du weißt, wie es funktioniert. Wenn die 15 voll sind, das heißt, wenn noch ein, vielleicht 2 Raids reinkommen, wenn auf jeden Fall noch 9 Raiders, 9 Personen hier reinschauen, dann ist der Balken voll und dann würde ich den Bossfight reinqueuen, wo du dann Dungeon Leaderin bist. Ne, Skizzy. Einfach, dass es nochmals gesagt ist. Aber ich weiß noch nicht, wann das soweit sein wird. Und Smoker CH, grüezi. Oh, so eine Smoker anheizen. So ein bisschen Rips. Rips smoken. Das wäre jetzt schon noch geil, oder? Also vor allem das Essen noch können ist geil. Aber hey Smoker, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Yes, 279 Damage. Es geht Sonntag. Also für die es nicht wissen, sie hat in einem Bossfight, das ist jetzt aber auch schon ein paar Streams her, hat sie da mal die 279 Damage mit der Pistole, war das mit der Pistole gemacht? Ich glaube, das war mit der Pistole. Kaffeetrink ist wichtig, ja, Mananan. Mananan. Und der Nick, der geile Siecher, der bringt mir am Hero Fest einfach immer einen Kaffeetrink. Das ist auch so ein Ehrenmann. Aber der Clou hat mir auch einen gebracht, das muss ich also schon sagen. Das Jahr habe ich 2 bekommen. Am gleichen Tag. Sprecht euch amigs noch ein bisschen ab. Nein, ja, das ist mega lieb.
Und wenn wir schon beim Thema sind, lieber Chat, ich habe natürlich nicht nur Kaffeedrinks am Hero Fest bekommen, ich habe auch Gipfeli am Hero Fest bekommen. He? Liebe Snuffis. Grüezi wohl, Snuffis, wie geht's? Schön, dass du da bist. Snuffis, ich kann mir das jetzt so richtig vorstellen. Snuffis denkt jetzt so, nein, jetzt komme ich hin und ich bin echt direkt das Thema. Ich bin echt direkt das Thema. Das mache ich jetzt einfach so, weil ich weiß, dass das unangenehm ist für dich. Der Film heisst Ricky Bobby. Nicht Ricky and Bobby, ganz wichtig, sondern Ricky Bobby. Das stimmt. Und übrigens, schönes Lied, Bruno Mars. Juttis Gipfeli, frisch gebacken, auch mit Kokainum erhältlich, direkt in die Nase geliefert, Chat. Direkt in die Nase geliefert. Da kommt Jutti, ne? Mit ihrem Spezialapparat, steckt sie den Schlauch in die Nase rein und dann wird das direkt da rein befördert. Die Maschine heißt Juttis Kokainum Transfergerät. Chat sagt ja alle auf dem Foto. Können wir das Foto machen? Ich mache das Foto erst, wenn wir 24 Leute sind, Chat. Ich mache das Foto erst, wenn wir 24 Leute sind. Guten Abend, ja, beim Arbeiten immer gut. Immer gut. Okay. Also du bist noch am Arbeiten. Aber dann nicht zu fest Fokus jetzt auf meinen Stream, gell, Snuffis? Gerade denkt, geh gerade wieder. Nein, Snuffis, das möchte ich natürlich nicht. Das ist nicht mein Ziel. Dann nehme ich mich wieder ein bisschen zurück, okay? Da fehlt das 2000 am Ende des Namens. Chat, ich habe vorhin gesagt, wenn wir 25 Leute haben auf dem Party. Let's go. Oh, let's go, Chat. 25 Leute. Der Plätsch ist halt auch hier. Plätsch, grüezi wohl. Und Findlibot, grüezi, Mr. Plätsch. Wie habt ihr's? Nein, Plätsch, ich habe allen erzählt, wie wir gesoffen haben. So, jetzt mache ich da das Foto. Es war die Abmachung, dass wir bis 26 haben wir gesagt. 26 brauchen wir. Moment, noch kommen gleich. Ich muss das Foto jetzt machen, Chat. Ich habe keine Zeit mehr. So, wie machen wir das? Wie haben wir das einmal gemacht? Ich schaue einfach dich an. Oder nicht? Jetzt werden wir wieder so back-to-back. Nein, back-to-back ist, glaube ich, geiler. Back-to-back. Let's do this. Foto zwischen 7 und 15 Sekunden. Holy shit, Mr. Blatsch. Holy shit, merci vielmals. Danke dir für den Raid. Danke dir für den Raid, Mr. Blatsch, Brother. From another mother. Wow. Chat, wir haben vorhin direkt ein Foto gemacht mit Skizzi. Hier noch unser Foto. Und das Foto habe ich jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Und Chat guckt auch bei dem lieben Mr. Bletch vorbei. Wir haben einen Raid von ihm reinbekommen. Und liebe Raiders, ich bin der Troy. Aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltungen mit Interaktivität, Effekten, Spielereien, Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und heute werden wir ins Alan Wake 2 DLC reingehen. Ins DLC, das sich nennt Der Haus am See. So, Chat. Raiders. Wir machen ein Foto. Und dann sind wir schon ready für den Bossfight, ne?
Alle einmal Ausrufezeichen Foto eingeben, damit die auf dem Foto mit eurem Profilbild erscheint. Ja, Sam. Sam, lass doch den Owen auch drauf, ne? Oh, geiles Bild, geiles Bild. Gerade den Blur ein bisschen rausnehmen. So, ich begrüße Jesse, Nöreli, Noriman, Trini, grüezi miteinander, wie geht's euch? Schön, dass ihr hier seid. Ja, wir bleiben noch ein wenig bei Hochdeutsch, wegen den Raids, auch Bletches Raid, machen wir das so, das passt besser. Und Bletch, was gab's bei dir denn? So, Brother from another mother, jetzt bin ich da, na, wie geht's, hey? Ich hab gut geschlafen, ne, Bletch? Wie geht's denn dir? Ich hab's den Leuten schon erzählt, dass wir die ganze Nacht durchgesoffen haben. War nicht der Plan, aber es hat sich so ergeben und es war geil und ich habe sehr gut geschlafen. Ich habe wirklich sehr gut geschlafen. Ich hoffe, du bist ja am Ziel angekommen, ne? Du hast nicht verschlafen im Zug oder so. Das ist schon mal sehr gut. Jenny hat keine vermissten Meldungen aufgegeben. So, Chat, wer ist noch nicht drauf? Ausrufezeichen, Foto, wer noch nicht drauf ist. Oh, Kaffee Kostner, let's go. Hey, nein, wo sind die Leute jetzt hin, Chat? Also so, 20, okay. Langsam, ne? Ja, okay, da geht aber noch mehr, Chat. Da geht noch mehr. Oh, geiler Song. The Jackson 5. Oh. Das ist so ein Feel-Good-Song, Chat. Hab wunderbar geschlafen, als ich endlich zu Hause war. Hey, Plätsch, ich glaub dir das sofort. Ne, Plätsch, der war, also ich auch dann langsam, aber Plätsch war wirklich müde dann gegen Schluss. Und es war halt so wir haben gesagt, ne, wir machen jetzt die Nacht durch. Und er nimmt den ersten Zug. Und der ist halt erst um kurz nach 6 gefahren. Und ja, so um 5, halb 5 rum hat man es gemerkt, ne, die Müdigkeit. Nach einem Arbeitstag dann auch noch. Ja, aber hey, Blatsch, es war geil gewesen. He? Es war echt geil gewesen. Ich kann es nicht genug manchmal sagen, müssen wir wiederholen. Auf jeden Fall. Weiß nicht, was verloren ist. Kannst du mir das übersetzen? ich muss schnell schauen, was Skizzy noch geschrieben hat. Skizzy, ich lese noch kurz deine Nachrichten. Hey. Ich habe die gar nicht richtig gelesen. Das Bu ist noch nicht da gewesen, Skizzy. Ich rühre schnell das Bu eine Flasche an, dann kommt sie auch mal in den Chat. Oh, Skizzy, hast du Geburtstag gehabt? Skizzy, hast du Geburtstag gehabt? Du hast Geburtstag. Oh mein Gott, du hast es noch gesagt. Am Donnerstag. Oh mein Gott. Skizzy hat am Donnerstag Geburtstag, Chat. Und by the way, es kommt noch was. Eins nach dem anderen. Skizzy. Schnell schauen. Das ist voll. Ich queue rein. Ich mache mal 20 Minuten, lieber Chat. 20 Minuten, dann kommt der Bossfight. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit bis da. Skizzy, Blatsch, 20 Minuten. Bitte melden, wenn es zu lange dauert oder zu kurz ist. Ich hab morgen gedacht, wann ist der nach Hause gekommen? Dann habe ich geschaut und gesehen, dass er noch nicht zu Hause war. Um 5:30 oder so. Ja, 5:30, da war er noch bei mir auf dem Sofa, Jenny. Holy shit, aber es war geil. Es war geil. So, jetzt. Der muss schon sein. Aber kann ich da so machen? Ja, machen wir es so. Trini zieht nach Karten, Kaffeetrink Season 2. Let's go. Piu, piu. Chat, piu, piu. Wir machen jetzt ein Foto, Chat. Ich darf auf dem Foto sein. Let's go. Und wir machen das Foto. Moment kurz. Noch kurz einen Kaffeetrink für Tiger. Tiger, genießt den Kaffeetrink. So, wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden.
Let's go, Mr. Bletch. Hier unser, oh, jetzt steht da Thanks for the raid. Aber das ist auch okay, oder? Ich, Treulina, hab das lieber, wenn es da Englisch steht. Hey, sehr schönes Foto, Mr. Bletch. Aber jetzt auf dem Discord, Ausrufezeichen DC und auch für Skizzy, auch für dich. Ich mache dann noch eine Instagram-Story, eine Twitch-Story. Das mache alles ich, ne, die Troylina. Ich muss da immer die Arbeit machen für Troy. Und ich markiere euch dann noch und man kann sich das Foto auch in physischer Form bestellen. Link zum Merch Store im Chat. So. Chat, wo waren wir denn jetzt? Ich muss hier noch Nachrichten lesen von Troy. Ich steige mal irgendwo ein. Wenn ihr was Wichtiges geschrieben habt, lieber Chat, dann müsst ihr das nochmal schreiben. Ist gerade ein bisschen viel wieder. Hey, ich bin mir das halt nicht mehr gewohnt, aber im Zug ging's dann. Das Laufen an den Bahnhof war top, alle Flaschen weg im Hintergrund. Ja, ich habe sie verräumt, die Flaschen, nicht Treulina. Ja, hier. Neu steht hier ein Tisch, ne? Habe ich extra hingestellt wegen Besuch, aber der bleibt jetzt auch hier, habe ich Plätsch noch gesagt. Die Flaschen sind im Hintergrund nicht mehr sichtbar. Die stehen in der Küche. Aber hey, es sind einige Flaschen gewesen. Schöne Erinnerung. Die lasse ich da stehen. Oh, Lucifer, oh no, Lucifer was timeouted because of the 50-50 chance. So, Chat, kurz gucken, 16 Minuten, 16,5 Minuten. Ne? Macht euch einen Timer, wenn ihr noch was anderes machen wollt, liebe Raiders. Dann geht der Bossfight los, dann kämpfen Skizzy, Maverick und Schufki tatsächlich noch vom letzten Stream. Skizzy und Mr. Bletch gegen mich, aber auch ihr, liebe Raiders, Chat, auch ihr kämpft gegen mich in einem interaktiven Bossfight, den ich gebaut habe. Und Psyops, danke dir für den Follow. Psy, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hast du dir nicht sogar... Oh, Skizzy. Oh mein Gott, jetzt muss ich... Chat, wir müssen die Musik pausieren. Ja, wir pausieren die Musik. Ich habe es mir eingetragen. Skizzy, ich habe es natürlich eingetragen, aber ich habe es natürlich vergessen. Aber es ist schön, hast du mich daran erinnert. Schön, hast du mich daran erinnert. Ich muss schnell meinen Knopf suchen. Und zwar ist es ganz wichtig, ich brauche jetzt Reverb. Lieber Chat, die liebe Skizonta hatte Geburtstag am Donnerstag. Und für Skizonta gibt es jetzt nachträglich noch ein kleines Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Not Skizonta. Happy Birthday to you. Hey Skizzy, let's Hey Skizzy, nochmal alles Gute zu deinem Geburtstag, nachträglich. Lieber später als nie. Und ich hoffe, du hast es ein bisschen feiern. Ich hoffe, die LAN war gut gewesen. Ich glaube, du hast noch gesagt, es ist ein LAN. Ich hoffe, du hast gefeiert, hast viele Geschenke bekommen. Let's fucking go. Happy Birthday. Und Nascha, grüezi Nascha. Und Double Click. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. So, Chat, Timer im Auge behalten, 14 Minuten. 14 Minuten. War die Treulina auch dort? Eifersucht kommt auf. Blatsch, was haben wir da abgemacht? Was ist die offizielle... ich weiß es nicht mehr. Blatsch, ich sag nichts. Erste Danke Meme Edgelord noch bei DGSC Holt Dobin.2. Jo, 1,3. Nein, ich zahl Doktor de Psychiater DR Vornet. Vierter Krieg jetzt All Season 2 Charte gratis Fragezeichen 5. Chilesü.
Chill is Issue, hä? Chill Issue, Chat. Ey, Double-Click. Merci vielmals für den Resub im 12. Monat. Ein Jahr, Mann. Dave, du geiler Mann. Metal Dave. Double-Click, merci vielmals für deinen Support. Und ich lese es nochmal schnell vor. Erstens, danke meinem Edgelord-Nachbar, dass er geschuldet ist, dass ich da bin. True, der TikToker. Zweitens, ja. Das freut mich mega. Dass dir gut geht. Ja, ein Jahr ist der zweite Punkt. Okay. Drittens, nein, ich zahle den Psychiater dafür nicht. Ja, aber come on, ist das nicht die Abmachung gewesen? Viertens, bekomme ich jetzt alle Season 2 Karten gratis? Nein. Fünftens, Skill Issue, das ist Quatsch. Das sind Räubergeschichten. Hey, merci nochmal. Double-Click, merci vielmals für den Support. Holy shit. So, und jetzt bin ich wieder nachher im Chat. Das ist immer, dann bin ich mal am Ende vom Chat und dann bin ich wieder 10 Minuten nachher Chat. What the fuck? Nein, jetzt lese ich schon wieder Steuererklärung. Geht weg mit der Steuererklärung. Die will ich jetzt nicht machen, ne? Ich muss mal kurz gucken, wo ich war. Ich mache jetzt gerade den Suited. Aber ist mir jetzt egal. Biertasting, das etwa 4-mal so lange ging wie geplant. True, genau so war's. Ja, Troy, kaum war ich zur Tür raus, hat mir JT geschrieben. Okay, geil. Die hat das gespürt. Mit dir teile ich gerne, Troy, aber nur mit dir. Oh, Jenny. Sehr schön, sehr schön. Ja, Foto mit Heulina, let's go. Mit Heulina und schönem Shirt. Hey, ja, true, hä? Das ist das Pledge-Shirt, Chat. Gibt's bei ihm im Merch-Store. Steuererklärung habe ich heute auch gemacht. Geh weg mit der Steuererklärung. Das ist noch in ferner Zukunft. Das ist erst nächstes Jahr wieder ein Thema. Bei mir einmal. Und hallo Nascha, sorry nochmal, dass ich es so spät vorlese. Und wie geht's dir, Nascha? Und Ueli, schön, dass du da bist. Wie geht's dir, Ueli? Für das Jahr 23, okay. Hat dir eigentlich mein Clip gefallen? Ja, ich habe ihn noch geschaut. Im Offstream habe ich geschaut. Deine Reaktion war echt gut gewesen. Ullen, merci für den Lurk-Support. Was Wichtiges. Merci vielmals, Specko, dass du das nochmal schreibst. Bier habe ich nicht gerne, nur wenn es Panache ist. Ja, also ich bin auch nicht so der Biertrinker, aber das ist jetzt echt geil gewesen, weil wir so viele verschiedene Bier auch probiert haben. Also von Bier, wo ich muss sagen, ja, muss ich jetzt nicht mehr haben, bis zu Bier, wo ich muss sagen, holy shit, okay, geil. Aber ich bin sonst auch nicht der Biertrinker. Aber mit dem Plätsch ist auch gerade nochmal etwas anderes, oder? Jetzt sind die ganze Zeit auch nochmal am Quatschen gewesen. Wir haben so viel zum Besprechen gehabt, Chat. Danke und Landlauf gerade noch deswegen, ich könnte dir gerade das Spu anstupsen. Du sie schnell umarmen von mir, Skizzi. Einmal umarmen, die Spu von mir. Was im Westflügel passiert, bleibt im Westflügel. Der Plätsch, das war unsere Abmachung gewesen. Und das ist auch gut. Da finde ich eine gute Lösung. So machen wir das. Oh, Specko, merci für den Clip. Ich schaue schnell, das nimmt mich Wunder. Okay, das Timing ist wirklich gut gewesen, Chat. Timing war gut. Abbruch, Chat. Da müssen wir nicht mehr hören. Troy, habt ihr Schlitten. Troy, gang weg, Troy. Hilfe, gang weg. Merci vielmals für den Clip, Schwego, danke. Hast du dir am Hero No Mystery Loot Chest gegönnt? Ich habe eine geschenkt bekommen von der finnischen Nascha. Ich habe eine geschenkt bekommen.
Und ich habe es im letzten Stream unboxed. Und es war ein Mr. DNA-Shirt drin. Ich habe es nicht erwischt. Sorry, ich hätte es wirklich angelegt. Aber ich habe es nicht erwischt. Nächsten Stream lege ich es ganz sicher an. Mr. DNA von Jurassic Park. Harry Potter-Tasse. Game of Thrones Pins. So eine Star Wars Grogu-Kartenspiel. Irgendwas. Und dann noch was war denn da noch? Kokainum. Genau, Kokainum ist auch noch drin gewesen. Irgendwas war da noch. Oh, Spu, ist der Marmig rausgekommen? Ist der Marmig angekommen, Spu? Hello, Spu, wie geht's dir? Äpfelmast, let's go! Der ist alle noch live. Hey, Äpfelmast und Spu, schön sind ihr da, wie geht's euch? Wie geht's euch? Ich muss schnell schauen, 7,5 Minuten bis zum Bossfight. Macht euch schon mal warm für den Bossfight-Chat. Und ich tue noch schnell 5 Minuten Chat nachlesen. Darf ich dir mal ein paar empfehlen? Ah, die sind... Okay. Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Hey, ich kann mich nicht beklagen. Uli, alles gut? Alles gut? Freut mich, dass es dir gut geht. Bier, das ihr passen könnt. Okay. Double-Click und Highway Racer haben den Bier-Tag. Ganz wichtig. Es gibt sicher auch ein Bier, das der Highway Racer feiert. Der Blatsch schön trunken. Aha. Mache ich 1 Sekunde. Okay, das ist schon passiert. Merci vielmals, Skizzi, für die Umarmung. Belgische Lambic oder generell Bier von Pinta. Okay. Jetzt kommt der Double-Click, der kennt sich halt aus, oder? Zertifizierte Bier-Sommelier. Sommelier. Mit 13 Jahren Erfahrung. Sorry, nicht Pinta, Funky Fluid heisst's. Bite Pole. Blatsch, verstehst du, um was es geht? Die haben wir, glaube ich, nicht dabei gehabt. Bei unserer Sammlung. Wir haben viel dabei gehabt, aber glaube diese Sachen nicht. Ah, nein, es klingt aber nach guten Sachen. Ja, hey, auf jeden Fall. Was war noch gewesen? Ich habe Nascho, wenn du noch wenn du noch schnell Zeit hast, zeige ich es noch mal schnell. Ich habe es mehr oder weniger griffbereit. Ich kann es schnell holen. Chat, wenn ihr noch mal gesehen, was in der Mystery Chest drin war. Eins in Chat, wenn ihr es noch mal gesehen, wenn ihr es vielleicht nicht im letzten Stream nicht mitbekommen habt. Oder vielleicht wollt ihr es noch mal gesehen. Eins in Chat. Dann hole ich das noch mal schnell und zeige euch schnell, was drin war. Panache habe ich jetzt schon länger nicht mehr gehabt. Ich kann aber auch, kann auch gut sein, mal ab und zu. Ich war gerade am Horrorfilm schauen und plötzlich kommt eine Umarmung von hinten. Das ist ein geiles Timing, Spu. Was für einen Horrorfilm bist du denn am Schauen gewesen? Oder hast du gemeint, es sei ein Horrorfilm? Dabei war es einfach mein Stream gewesen. Beide aus Polen. Okay, jetzt beide aus Polen. Nicht Paul. So out of context tönt es komisch. wie so häufig. Ich kann es schon noch mal vorholen. Sehr gut. Nascho jetzt, also, Chat, ich alles schnell. Wir schauen, 4,5 Minuten, das langt. Moment schnell. Jetzt sind wir fast die Hosen runtergefallen, Chat, live on Stream. Da muss niemand sehen. Abo, merci für den Lurk-Support. Danke vielmals. 420. Ich habe so noch, nicht alles, was jetzt da drin ist ursprünglich da drin gewesen. Ich habe da ein paar Sachen da reingeräumt. Das war noch Chat. Squid Game. Der Song Gi Hun oder auch der Hauptdarsteller und so. Funko Pop. Er hat in der Hand da das Ding, wo man ausstechen muss. Für die Squid Game gesehen haben, die wissen, was ich meine. Das war streng.
Das Kartenspiel mit dem Grogu, Something Wild. Was ich nicht zeigen kann, weil es in der Wäsche ist, ist das Mr. DNA-Shirt, Jurassic Park, Mr. DNA. Die Figur ist ein mega geiles Shirt. Ich lege es nächstes Mal an. Das war noch der Ring. Und an dem habe ich mega Freude, Chat. Die Häuser von Game of Thrones, House Stark, Lannister, Targaryen und Baratheon. Und das ist natürlich auch sehr geil. He? Die verschiedenen Häuser, eine ist mehr, aber das mal von Harry Potter, Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw. Das ist drin gewesen. Nascha, und ich habe mega Freude gehabt. Ja. Was noch drin ist, aber das ist drin gewesen, sind die kleinen Eicheln von den Fienchen. Die habe ich auch da rein da. Aber sehr geil, Chat. So, schnell schauen, wo ich im Check bin. Hast du etwas gehört wegen... sind wir wieder bei den Lichtern im Wald. Das ist das wiederkehrende Thema da zwischen Trini und Jenny. Die mysteriösen Lichter im Wald, wo eigentlich ich organisiert habe. Das ist alles nur ein Marketing-Gag, den ich organisiert habe. Immer am Samstag gehen die Lichter im Wald an. In Zusammenarbeit mit Fienchen lassen wir die Fireflies fliegen. Schnell schauen. 2 Minuten Chat, 2 Minuten und dann müsst ihr ready sein für den Bossfight. Ja, da sind die Listen im Wald, Chat. Fireflies. Merci, Fienchen. Ich finde die Mystery Box halt doof, weil amix drinnen ist, wo gar nicht kennst. Also Zeug drin ist, wo du nicht kennst, haben wir gehabt, nur Game of Thrones und Fallout gewesen, beides, was ich noch kenne. Hast du die Sachen? Also, ohne Scheiß, wenn du Sachen hast, noch, wo du nicht kannst brauchen, darfst du es natürlich auch gerne haben. Darfst es gerne im Discord share. Ich werde jetzt nicht derjenige sein, der es claimt, aber vielleicht ist auch etwas dabei, wo ich gerne etwas bereit wäre, dafür zu zahlen. Weißt du, was ich meine? Aber ja, natürlich, wenn du Zeug dabei hast, die du nicht kennst, ist das ein bisschen doof. Das ist definitiv doof. Aber ich habe mega, also Game of Thrones, das ist mega nice. Das ist mega nice, die Pins. Ja, darum kaufe ich eben auch nie eine, reizen tut es mir aber schon. Es ist so der Mystery-Aspekt, dass es könnte etwas drin sein, was geil ist. Das macht es halt meistens aus, dass man es dann kauft. Aber ich habe tatsächlich bis jetzt noch nie eine Mystery Box gekauft. Wie gesagt, ich habe sie geschenkt bekommen von den Fienchen. Und, aber es reizt mich schon auch jedes Mal. Ich glaube, nächstes Mal kaufe ich eine. Chat. Nicht nur eine. Nächstes Mal kaufe ich einfach. Am Chat. Auch Fienchen, wie teuer ist eine Box? Ich muss natürlich schon ein bisschen auf die Finanzen nachschauen. Aber ich kaufe mir einfach ein paar nächstes Hero Fest. Und dann tun wir einfach ein bisschen Zeug, dann machen wir ein bisschen Giveaways. Dann sage ich so, das ist geil, das behalte ich. Das kenne ich nicht, das tue ich verlosen. Bossfight. Ich lese noch schnell. Im Speedrun-Modus. Oh mein Gott, quer tut's so. Quer tut's so, Mann. Jetzt ist einfach schon 18 Monate. 18 Das Monate. gibt's ja nicht. Die Zeit fliegt. Quer tut's so, das habe ich gestern auch wieder gedacht. Quer tut's so, merci vielmals für den Resub im 18. Monat. Danke vielmals für deinen Support und quer tut's so, wie geht's? Schön, dass du da bist. Wir starten nachher gerade einen Bossfight rein. Ich werde noch schnell im Speedrun-Modus durch den Chat durchfliegen. Mit meinen Flügeln. Und für das tue ich natürlich schnell die Flügel montieren. So fliege ich jetzt durch den Chat durch. Zuerst muss ich mal schauen, wo ich überhaupt bin. Nimmst aber lieber eine Mystery Box, wo weißt, dass Stuff drin ist, wo du gerne hast, wie zum Beispiel Genshin oder Anime. Okay, ja, geht natürlich dann noch spezifische und so. Troy, würfeln auf Überzeugen. Ich glaube dir nicht, dass du das Zeug nicht für dich wettest. Shit, welchen Würfel muss ich? 20er? Ja, oh shit, ich habe eine 80 gewürfelt, Ullen. Das ist nicht gut. Sicher kann
kann schauen, ob ich was noch habe und dafür muss dann auch niemand zahlen. Also es gibt ja. Und sonst, weißt, sonst kannst du ja auch das Giveaway bei dir machen. Dann ist es fair für alle. Dann komme ich natürlich auch mitmachen. Ja, einfach als Input. Giveaway auf deinem Stream. Let's go. Manchmal ist es halt auch Misterei gehört zum Risiko. Ja, es ist so. Ich glaube, Feinchen hat bei mir noch ein bisschen geschaut. Ich weiss, Feinchen hat noch ein paar Sachen getäuscht. Das war für mich ein Geheimnis gewesen. Ich habe nicht reingeschaut, aber sie hat mir gesagt, hey, ich tausche noch was. Und dann so, hat sie so ein bisschen Zeug reingelegt und so. Ich glaube, Feinchen hat ein bisschen dazu beigetragen, dass ich wirklich Sachen drin hatte, die ich kenne. Alle kaufst, alle. Alle. Ich kaufe alles weg. Ich habe auch schon welche gekauft, manchmal Glück gehabt, aber auch oft so Sachen, die man eben kaum oder gar nicht kennt und nichts damit anfangen kann. Ja, ist halt leider so. Dann müsst ihr halt mal in die Serien schauen, die Filme schauen, Chat. Müsst ihr ein bisschen Anime schauen. One Piece schauen, alle Folgen. Müsst ihr halt auch noch machen. Einer glaube ich ca. 40 Franken, 2 habe ich für 70 bekommen. Oder? Aber das ist noch easy. Ich glaube, aber chatten ist das ein Deal. Und bitte dort mich daran erinnern am nächsten Hero Fest. Ich muss ein paar Mystery Chests mitnehmen für die Streams nachher. Das war schon noch geil. Ich glaube, 2K vom ersten weiss ich nicht mehr, das zweite war nichts. Okay. Speedrun während wie die Deutsche Bahn. Ja, wenn da so komische Nachrichten wie das da im Chat drin steht, das ist auch klar, habe ich dann lang, oder? Mir geht es prima. Jetzt gerade saftig gegessen nach dem Training, also wirklich sehr gut. Das gehört dazu, das freut mich natürlich riesig. Hast du dir gegönnt und es geht dir gut, das ist nice. You lose. You lose. So, Chat. Ich sehe das Ende. Da hat eine Person nur Güssel bekommen. Grüssel. Also Güssel hat sie geschrieben, aber Grüssel ist auch gut. Ich habe One Piece gehört. Ja. Alle Folgen Chat. Alle 1100. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es sind. Ich glaube, es läuft sogar aktuell noch. Also, wenn euch jemand sagt, hast du One Piece schon gesehen und du sagst, nein, kenne ich nicht, und die Person sagt, hey, tu doch mal alle Folgen durchbingen. It's a trap. Chat, it's a trap. Das sind über 1000 Folgen. Ich nehme das jetzt als Angriff. Da gibt es jetzt gerade noch 279. Jetzt müssen wir langsam rein, oder? Geschmortes Saftplätzchen. It's a trap. Oh, das klingt geil. Da geht es einem immer gut. Ich warte auf meinen Döner und dann gibt es den Dönermann, meinen Döner jemand anderem. Was? Jetzt muss ich noch... Was? Den Döner hat er jemand anderem gegeben und jetzt hast du keinen bekommen. Aber what the fuck? Hast du reklamiert, oder? Du hast wie so einen richtigen Bünzli-Schweizer. Hast gerade die Polizei angerufen, oder? Nein, ist kein Trap. One Piece bekommt das Remake, der wird Pacing gefixt. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ich glaube, da hast du sogar mal mehr erzählt. Wir haben alle keine Ausreden mehr. Schöner Kosename. Hey, du mein geschmortes Saftplätzchen. Ja, das ist mega cute. Soll ich die Umarmung von der Skizze weiterreichen zum Wulli? Oh ja, hey, please, yes. Könnt den Wulli auch noch drücken von mir. Spu, Skizze oder also Spu gehst du weiter. Das machen wir jetzt. Da geht jetzt eigentlich durch die ganze Land durch. Chat, genau so machen wir das. So, jetzt gehen wir im Bossfight rein. Also, welche Knöpfe ich muss drücken. Franziskus, bist du ready? Müssen wir den Greenscreen aufmachen? Greenscreen, let's go. Nach dem Bosskampf gehe ich schlafen, weil morgen früh aufstehen muss mit der ÖV, habe ich etwa 2,5 Stunden fahren. Oh, Uli, okay. Also dann mache ich vorwärts, ich verspreche es. Ich lese aber schnell noch chatten. Mann, ich habe Arch Enemy verpasst. Die sind doch tatsächlich am 15.10. in Zürich gewesen. Das regt mich auf. Oh no. Arch Enemy habe ich mal in Aarau gesehen. Chat, in Aarau, im Kiff zu Aarau. Ganz klein gewesen.
Aber es war geil gewesen. Chat, wir pausieren die Musik. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wie es geht, ne? Oder machen wir es so. Eins in Chat, wer nicht weiß, wie der Bossfight funktioniert. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist alles gut. Ja. Genau gewusst, dass das etwas bringt, wenn ich das frage, Chat. Oh, Blatsch. Merci vielmals für 69 Biddies. Danke vielmals. Oh, Baby Metal kommt auf Zürich. Okay. Interesting. Der Wulli, Mann. Wulli. Hast du eine Umarmung bekommen, Wulli? Nein. Eine dicke Umarmung von mir. Also dick wegen mir. Nicht wegen euch. Jetzt schau ich schnell. Moment. Ich stehe schnell ein bisschen näher an. Ich bin alt. Ich glaube, es hat niemand ein Eis geschrieben. Franziskus, ich nehme dir das Bier weg, ne? Also, der Plätschers, nimm da, Franziskus. Ja? Das war ein Mann. Autsch! Wieso ist eigentlich der Grid? Was ist da los, Mann? So, Pringles, let's go. Huhu zum 10. Huhu zum 10. Tiger. Ja, zum 11. Tiger, zum 11. Tiger, merci vielmals für den Resub im 11. Monat. Prime. Danke dir für den Support, Tiger. Merci vielmals. So, ich drücke jetzt den Knopf, ne? Ah nein, die Musik wieder einschalten. Habt ihr noch Karten? Ich habe gar keine Karten. Okay, ich drücke auf den Knopf, Chat. Ihr habt halt nicht mal Lootkarten. Wie wollt ihr mich besiegen, Chat? So, Chat, macht eure Befehle rein, die Chat-Befehle. Ihr votet für jede Aktion mit diesen Chat-Befehlen. Let's go. Ihr wisst, wie es läuft. Und ich glaube, wir machen das Ganze in Schweizerdeutsch. Ich habe mir jetzt überlegt, soll ich für die Raiders noch auf Hochdeutsch wechseln? Aber sagt mir einfach Bescheid, wenn ihr nichts versteht. Dann rede ich trotzdem dann weiterhin Schweizerdeutsch. No, hey Spoo, come on. Hey. Weiter, können wir reden? Holy shit, Mann. Ach, Chat. Wulli hat eine Umarmung bekommen. Oh, mega schön. Hey, sehr gern. Und Wulli, jetzt musst du dir jemanden aussuchen an der LAN, dem du die Umarmung weitergibst. Das ist der Deal, das haben wir jetzt so abgemacht. Such dir jemanden aus, dem du die Umarmung weitergibst. Und das ist natürlich, das machen wir nur fürs für die Liebe, ne? Für die Liebe machen wir das. Das ist eine Aktion der Liebe. Hat nichts mit Marketing zu tun, Chat. So, Chat, was ist... Hey, Franziskus, ist dir gerade Liebe geschenkt worden? Wo am besten auch noch im Stream ist. Ja, vielleicht suchen die Leute aus, die noch nicht im Stream sind. Das Marketing, ne? Die Werbung und so. Nein, Chat, Spass und so. Aber das wäre echt geil. Das wär geil, wenn es jemand ist, der auch im Stream ist und dann jetzt auch eine Umarmung bekommt vom Wulli. Hey, weiter. Ja, wie manchmal willst du vorbeikommen? Pro Bosskampf. Ja. Okay, aber der Vader macht anständig Schaden. Holy shit, das war Runde 1. Runde 1 und er hat mich... Wow, auf 746 KP. Das ist nicht schlecht, Chat. Das ist nicht schlecht. Da gibt es gerade mal Chest of Hammers ins Gesicht rein, Chat. Halbiert, fast ja mehr als halbiert. Ja. Jetzt gibt es zuerst mal Schaden, Chat. Warlock, komm da hin. Warlock, komm aus der Kiste raus.
Der Warlock kommt... Okay, der Techie kommt aus der Kiste raus. Und der Techie macht Blitzschaden. Und zwar unglaubliche 470 Schaden. Let's go. Let's go. Und Untitled.psd grüezi. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und einfach Cake, auch grüezi dir. Schön, dass du hier bist. Ein Kuchen, ne? Einfach ein Kuchen, der mir hier auf die Fresse gibt, Chat. Okay, der Heal. Da kommt der Heal-Chat. Trainee healt. Ich habe recht Schaden gemacht bei euch. Das müsst ihr natürlich zuerst mal wieder aufhealen. Ihr healt auf 430 KP. Denkt dran, ich mache maximalst 500 Schaden im Moment. Denkt auch daran, aber Runde 6 bekomme ich einen Schadensboost über. Dann mache ich 10% mehr Schaden. Das heisst, ihr habt auch einen gewissen Zeitdruck. Also wenn ich mir meine HP anschaue, ihr macht es gut. Ich weiß nicht, ob wir es bis Runde 6 schaffen. Und Karandar, grüezi Karandar, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Der Mr. Bletch. Mit der Mystery Chest und... Oh. Hey, also, jetzt, Mr. Bletch, jetzt haben wir so gute Gespräche gehabt. Wir haben so gutes Bier miteinander getrunken. Ja? Und jetzt heisst es, der Troy ist sass. Oh, hey, come on! Chat, also wir müssen jetzt nicht jedes Mal einen Speedrun machen, hä? Komm, Bletch, hau ihn rein oder hau ihn raus. Sehr gut, sehr gut. Chat, was macht ihr? 10 Votes auf... Oh, nochmal ein Heal. Okay, nochmal ein Heal. Ich nehme an, schnell einen Schluck, Chat. Machen das schnell synchron. Machen wir schnell synchron, Skizze. Aber mehr healen es halt nicht, oder? Das funktioniert bei mir nicht. Chat, haben wir noch eine Aktion? Bin ich wieder dran? Hey, also, jetzt wird geheilt, ne? Ist ganz einfach. Das kann ich auch, Chat. 300 HP aufgeheilt. Ich muss mir echt den Damage Boost holen. Das ist jetzt mein Ziel, Chat. Mein Ziel, Damage Boost. Runde 6, 10% mehr Damage. Wir haben 11 Votes auf dem 12, 13 Votes auf der Mystery Chest. Pew Pew Sanda, grüezi, einen guten Bossfight. Gut. Sanda, du kommst genau richtig. Aber wie geht's dir denn, Sanda? Disconnect, come on. Ja, das WLAN-Kabel wieder müssen einstecken, hä? Hast du schon gemerkt, dass ihr das WLAN-Kabel ausgesteckt habt, Chat? So, was kommt als nächstes? 11 Votes auf der Mystery Chest. 13 Votes auf der Mystery Chest, ein paar vereinzelte Votes. Franziskus, ein Vote. Ja, Franziskus, die schenkt dir wenig Liebe heute, hä? Habe ich auch gemerkt. Aber Franziskus, das liegt nicht an dir, ne? Das liegt an ihnen. Ne? Guck dir Trini an, ne? Die macht eine Mystery Chest auf und die ist leer. Die ist so leer wie die Liebe zu dir, Franziskus. Also nicht meine Liebe, sondern die Liebe von Chat. Die ist genauso leer wie die Mystery Chest. Chat, eure dritte Aktion. Und Sanda sagt, nach mir geht es soweit ganz gut, hat mir heute einen Faulen im Bett gegönnt. Ja, aber das ist auch gut so. Ich meine, es ist Wochenende. Ne? Da darf man das, soll man auch machen. Bisschen entspannen, Skizze. Jetzt steckst du das Kabel. Skizze pfui, längst jetzt nicht mehr, gell? So, Chat, oh, what the fuck, ich lebe noch. Ich habe 62 KP, no fucking way.
Warum lügst du eigentlich deine Eicheln an? Das macht man nicht. Gut, also ich muss noch ergänzen dazu, dass sehr wenige Leute mit ihrer Eichel reden. Ja. Ich mach's. Dann nehme ich mir auch die Freiheit, auch mal zu lügen. Ja, das gehört dazu. Zur Kommunikation. Ich bin halt Elektroplanerin, das Kabel gehört mir. Uff. Heal würde nicht schaden. Hey, Maverick, merci vielmals für den Raid, Maverick. Ich nutze den Moment und tue dich als Dungeon Leaderin, Maverick. Wie war dein Stream gewesen? Und merci vielmals für den Raid. Danke vielmals. Redbeard, grüezi wohl. Und natürlich Maverick, grüezi. Wie geht's euch? Wie habt ihr's? Ich muss schnell überlegen, was ich da mache. Ihr seht, ich bin in einer doofen Situation gerade. Ne? Stell dir vor, Leute reden mit anderen. Komische Vorstellung. More damage is more better. Hä? Hört. Oh nein, Maverick, wieso denn? Nicht gut. Was ist denn passiert? Vielleicht, ich tue mich schon mal entschuldigen, falls es untergeht, wegen dem Bossfight. Schreib mir es bitte auch nachher nochmal. Ich werde jetzt nicht überlesen, wenn ich frage, wieso geht es dir scheiße. Du musst aber auch nicht antworten, gell? Also, wie du willst. Aber ich hoffe, es kommt alles wieder gut. Oh, hey. Chat, ich muss da schnell heilen. Ich mache jetzt den Barracks. Chat, come on, please. Come on, please. Oh. Genau, macht Mystery Chest. Und dann ziehen ihr dort den Thanos raus. Please, Thanos. Please. Das wäre jetzt so geil. Es wäre ultra sass, wenn jetzt der Thanos rauskommt. Mit einer 2% oder 2,5%igen Wahrscheinlichkeit haben wir nachgeschaut. Aber ich habe halt, ja, die Hoffnung war da. Die Hoffnung war da, Chat, aber ich werde halt... Geschrumpft und ich nehme dann Schaden und ich sterbe dann und dann war... Also auch schon wieder vorbei mit dem Bossfight, Chat. Nein! Loot Drop. Loot, Chat. Geil. Lightsabers-Karte haben wir bekommen. Obi-Wan, also... Obi-Wan, das Lightsaber, das gehört... Es gibt nicht das Lightsaber wieder zurück. Obi-Wan... Gib jetzt das Lightsaber. Es gehört im Chat, Obi-Wan. Es gehört im Chat. Es ist dropped für die Leute im Chat. Oh, Chat, ihr habt das gut gemacht. Nice one. Treue ist verbrannt. Listen. Oh, neuer Linkin Park Song. Nice, Chat. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Ich werde unbedingt noch schnell... Maverick, du hast noch geschrieben, kein Zuschauer. Schau, Maverick, ich weiß nicht, ob es hilft. Aber ich habe es schon ein paar Mal erzählt. Es gehört dazu, aber ich glaube, das kann jeder Streamer, jede Streamerin. Ausser du bist ja irgendwie gerade einfach gepusht worden vom ersten Moment an. Ja, geht's auch. Aber das, im Normalfall hast du die Phase relativ lang. Aber du musst auch immer schauen mal. Nein, ich will jetzt nicht irgendwie, es soll jetzt nicht eine Kritik sein. Wenn du dir Feedback wünschst von mir, kann ich gerne mal schauen, was ich dir an Feedback geben kann. Aber was ich will sagen, schau mal, was kannst du verbessern. Schau mal deinen eigenen Stream. Vielleicht siehst du etwas, was du verbessern kannst, etwas, was du einbauen kannst, irgendetwas, was du ändern kannst. Aber
es ist am Anfang einfach auch schwierig und ich sage es, weil ich habe am Anfang, ich habe ein fucking Jahr gestreamt. Jede Woche, mehrmals in der Woche. Und ich habe in diesem Jahr 11 Followers bekommen. Das war ganz am Anfang. 11. Und ich habe gestreamt für 0 bis 1 Viewer. 1 Jahr lang. Aber ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe einfach weitergemacht. Und irgendwann bin ich da gewesen. Da, wo ich jetzt bin. Auf dem Stuhl. Mit dem Franziskus, der Pringles frisst. Also gib nicht auf, ne? Das werde ich eigentlich sagen. Ich weiß nicht, ob es hilft, Merrick, aber das ist da, was ich dir sagen kann. Und ich glaube, das können viele Streamer können das bestätigen. Aber ja, es ist schwierig und man muss auch immer ein bisschen am eigenen Stream arbeiten. So, Chat. Wir schauen schnell den Clip, der da entstanden ist, vom Carnage. Soziale Kontakte. Chat, hört. Das gehört dazu. So, ich schaue schnell, ich steige auch da den Morgen gerade wieder ein. Auch da wieder an dieser Stelle, wenn ich irgendetwas überlesen habe, jetzt zwischendrin, bitte schreibt es nochmal, wenn es wichtig war. Treue ist verbrannt. Bisher jeden Bosskampf gewonnen, ich verliere nicht gegen dich. Moment, ich muss mich schnell auf den nächsten Bossfight vorbereiten. Es gibt sie, wart noch. Irgendwann gewinne ich dann auch wieder. Hast du extra so eingestellt, dass man die VOD nur schauen kann, wenn man es ab ist bei dir? Ich wollte reinschauen. Okay, aber hey, also Maverick, Maverick, sag bitte Bescheid, wenn du jetzt von mir oder von allgemein jetzt nicht Feedback willst in dem Moment, wenn du es lieber per DM willst, sag bitte Bescheid. Aber ich hänge da ein. Nimm das raus, Maverick. Um Gottes Willen, nimm das raus. Weil ich kann dir sagen, Maverick, und das ist meine Meinung jetzt da dazu, und das ist nicht auf dich bezogen, sondern ganz allgemein. Wenn ich jemanden sehe, wo erstens mal Follower-Only-Mode hat im Chat, ich nehme nicht an, dass du das hast, das ist nicht das, was ich sagen will. Aber jemand, der das hat, und jemand, wo ich die Videos anschaue und es steht, nur als Abonnent kannst du die anschauen, ist bei mir vorbei. Dann sage ich, okay, ich bin nicht der geeignete Zuschauer für diesen Channel. Das ist meine ehrliche Meinung. Also Maverick, mein Tipp an dich, nimm das raus. Das bringt dir nichts. Ich bin der Meinung, das wird nie auch etwas bringen, ausser keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht mitreden, ich weiß nicht, wie das bei einem Gronk ist oder bei einem grossen Streamer mit Tausenden von Viewers, ob man dann kann sagen, okay, es macht einen Unterschied finanziell. Aber ich bin der Meinung, es bringt nie etwas, wenn man VODs kostenpflichtig macht. Das macht einen ganz schlechten Eindruck tatsächlich. Wie findest du denn? Aber Highway Racer, ich habe halt durch das Just Chatting halt nicht wirklich so fest können lassen. Aber ich lasse mir es dann offstream gerne nochmal an. Aber es hat gut getönt. Ich bin jetzt hure schnell gewesen. Der Ullen ist halt ein Schneller. Ich gehe noch ein bisschen Zeit mit Filmen verschwenden. Hey, Santa, mach das, wenn du noch hier bist. Was für ein Film? Das muss ich wissen. Ich bin ein Film-Nerd. Was für einen Film gehst du gucken? Aber auf jeden Fall wünsche ich dir viel Spaß. Schön warst du hier. Und danke dir. Das wünsche ich dir auch. Und wer tut so viel Erfolg mit PC-Gebastel, BIOS neu flashen? Let's go. Mach dich nicht Melanie C. Das wollte ich gerne sagen. Das ist schon ein schönes Lied. Schon ein bisschen älter. Mach dich nicht wegen Zuschauer fertig, du streamst für dich selber, denk dran. Hey, auch die von der Skizze nehmen, die musst du zu Herzen nehmen, Maverick. Ich finde das jetzt wirklich auch ein wichtiges Thema, darum sage ich jetzt auch so viel dazu. Obwohl ich eigentlich den Chat nachlesen müsste. Ich sage immer, in erster Linie muss der Streamer Spass machen.
Das ist das Allerwichtigste. Und Streamen, wenn ich jetzt das so sehe, wenn man oder einfach halt wieder allgemein, wenn man auf die Zahlen schaut und dann eben sagt, Scheiße, das schießt mich an, dann bin ich der Meinung, macht es eben nicht. Dann drückt das auf den Spass. Also wenn du sagst, hey, mir geht Scheiße wegen Zahlen, versuch aus dem rauszukommen. Blend dir die Zahlen nicht ein. Blend die Zahlen aus im Livestream. Tu so streamen, als würdest du, auch wenn niemand etwas im Chat schreibt, stream immer so, als würdest du für etwas streamen. Weil du weißt nicht, ob jemand zuschaut. Und wenn jemand reinkommt, also, hey, das ist jetzt auch, ich weiß nicht, wie es jetzt in deinem Fall war, jetzt in diesem Stream oder whatever, aber einfach ganz allgemein auch wieder, wenn ein Viewer reinkommt und sich 2 Minuten das Bild macht und der Streamer sagt nichts, weil der Streamer das Gefühl hat, es ist eh niemand rum, dann geht die Person auch wieder. Das ist ein Teufelskreislauf. Also streamt immer so, als wäre jemand rum. Das habe ich auch müssen machen. Und blendet die Zahl aus. Das hilft, damit man so kann streamen kann. Oder? Die Zahl ausblenden. Ich habe seit 3 Jahren die Phase. Aber dann musst du vielleicht mal schauen, was kannst du verbessern. Dann musst du vielleicht auch wirklich einmal, also vielleicht hast du es ja auch schon gemacht, aber schau, Maverick, wir können auch, du kannst mir gerne mal ein DM machen und sagen, hey, kannst du mir Feedback geben? Dann komme ich mal vorbei und schauen wir einen Stream an und gebe dir ganz ehrliches Feedback, wenn du das von mir willst. Aber das würde ich wirklich auch per DM machen. Das würde ich nicht irgendwie live am Stream machen. Und dann bekommst du von mir auch Feedback und dann kannst du vielleicht etwas damit machen. Ich habe noch nie gestreamt, ich habe jetzt schon 21 Follower. Feinchen ist so ein bisschen, das ist jetzt eben genau das andere, wo ich gesagt habe, es gibt Leute, die werden vom ersten Moment an gepusht. Aber das sind halt Leute, die, und das ist im Fall von den Feinchen so, das sind Leute, die sich halt schon einen Namen in der Community gemacht haben. Feinchen kennt man einfach in der Community. Und ich nenne jetzt auch ein anderes Beispiel, JT6, Jenny, wo Swiss Twitch-Clips macht, lieber Chat. Kennt man auch in der Community und sie hat genau das Gleiche, bei ihr ist genau das Gleiche passiert. Sie ist live gegangen, hat einfach schon mal x Leute drinnen gehabt, die nur gewartet haben darauf, dass sie live geht das erste Mal. Also auch da Swiss Twitch-Clips abchecken. Followt bitte schon mal bei der Feinchen 85 rein, weil sie fällt auch irgendwann dann an streamen. Und Maverick streamt auch. Maverick. Ich lese jetzt zuerst mal noch ein bisschen Chat, sonst komme ich nicht hinten nach. Aber ich werde endlich noch mal schnell zu etwas zurückkommen. Ich nicht mehr wundern, was die noch dazu geschrieben haben. Es gibt viele, die jahrelang mit einem Zuschauer streamen. Das kann es geben. Der Tipp von Troy mit reinschauen ist gut. Und auch Mike Cam Content sind halt viele Sachen, die müssen zusammenpassen. Genau, du auch die Qualität von deinem Content beurteilen. Gar nicht ins Detail rein. Wichtig ist, ja, es klingt jetzt so blöd, aber schau deinen eigenen Stream und stell dir die Frage, ist das ein Stream, den ich jetzt selber schauen würde? Ist das interessant? Ist das Content, den ich jetzt auch selber konsumieren würde? Ist immer schwierig, wenn man sich selber sieht. I get it. Aber schaut, dass Audioqualität stimmt. Versteht man euch gut? Ist der Lautstärkenmix gut von Game und Mikrofon? Das sind die wichtigsten Sachen meiner Meinung nach. Noch bevor man Cam irgendwie eine High-Quality-Cam hat, ist das Wichtigste. Ist Cam gut positioniert? Sieht man euch überhaupt? Oder sieht man immer nur, keine Ahnung, vielleicht ist die Cam zu weit ab und man sieht euch das Gesicht gar nicht. Oder man sieht nur das Kinn, weil die Cam unterhalb ist. Ihr wisst, was ich meine. Da muss alles passen. Und vielleicht muss man auch den Content nochmal überdenken. Aber da müsste man sich schon mal ein besseres Bild machen von deinem Content, Maverick. Ich lese weiter. Den Clip hättest du doch besser schneiden können. Ist jetzt das an mich gerichtet? Ich kann jetzt auch Clips schneiden, Chat. Das fände ich sehr geil von Twitch, dass sie das ermöglicht haben. Oder Clips nur als Abonnent, das kann ich nicht verwenden zum Beispiel. Ja. Und das ist auch, da kommen wir jetzt in den Bereich hinein. Jenny sagt jetzt, hey, wenn ihr Clips habt, die hinter der Paywall sind, kann ich die nicht in einen Swiss Twitch Clip
Tipps-Video rein. Also darum, nur schon aus dem Grund, macht nicht irgendwie zu mit Subscriber-only, das ist birrenweich. Und dann verbaut ihr euch die Möglichkeit, dass zum Beispiel ein Jenny kommt und ja eigentlich Werbung für euch machen, wenn ihr einen coolen Clip habt. Oh, Avalon, okay. Hey, Avalon, sorry, dass ich dich erst jetzt begrüße. Hallo, ich habe gerade eine random Umarmung von Muli bekommen. Jetzt weiss ich nicht, was ich mit dieser soll machen. Avalon, ich hoffe, du hörst mich noch. Ich bin gerade ein bisschen im Chat nachlesen. Aber erstens mal, grüezi, schön bist du da. Und es freut mich mega, dass du die Umarmung bekommen hast. Und die kommt von mir, respektive, aber auch von uns allen. Und Avalon, die Idee ist jetzt, dass du jemanden suchst, der du die Umarmung weitergibst. Das machen wir jetzt. Hast du jemanden, und du sagst, hey, das wäre jetzt cool, ich umarme die Person und dann sagst du schnell, die Umarmung kommt von mir und meiner Community, vom ganzen Chat auch, natürlich auch von dir selber. Das ist die Idee. Avalon, no pressure, aber das wäre mega cool, wenn du jemanden aussuchst. An dieser LAN. Ich finde das super geil, dass wir das machen, Chat. Super gut. Also VOD für Sub ist draussen. Maverick, das hast du gut gemacht. Sehr gut. Troy, schau irgendwie Trash auf Amazon Prime. Je schlechter, desto wahrscheinlicher, dass ich es heute schaue. Okay, das ist sehr speziell, Sandra. Aber jedem das Seine. Ja. Wieso nicht, ne? Wieso nicht? Geh Foto machen mit Spuschnucki. Hey, viel Spaß. Wahrscheinlich sind wir schon lange wieder retour. So was wie ein Prinz zu Weihnachten. Und dann einfach das Emote vom Pirate Software. Gut. Ja, das habe ich vorgelesen. Schüch auch nicht davon zurück, mal was Neues zu probieren. Hey, unbedingt. Tipps holen von anderen Streamern kann auch hilfreich sein. Ich streame seit fast 8 Jahren und habe vor allem, seit ich auch nach Tipps fragen, sehr viel gelernt und viel Fortschritt gemacht. Maverick, das kann ich auch unterstreichen, da wo der Ullen sagt, halte die Tipps, aber ganz wichtig, nimm das Feedback auch an. Ich sage jetzt das auch wieder ganz allgemein, es ist nicht auf dich bezogen, aber es gibt ja so viele Streamer, die fragen nach Feedback, aber sie nehmen es nachher nicht an. Man merkt dann, es passiert gar nichts, die Person macht nichts mit dem. Das ist das Wichtigste natürlich in diesem Prozess. Wenn du das ehrliche Feedback bekommst, das vielleicht auch mal her kann sein, wo du denkst, oh shit, man, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es wegen dem ist. Aber nimm das an, versuch etwas daraus zu machen, das ist das Wichtigste. Wenn du das nicht machst, dann bringt es natürlich auch nichts. Ein Gruß aus der Burg, hey Avalon, ein Gruß zurück in die Burg. Und viel Spaß noch weiterhin an der LAN. Das mache ich immer als Wohlwi-Mann. Wolvi. Hey, Remix, grüezi wohl. Remix, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hello. Ich muss den Chat nachlesen. Sorry, ich bin weiterhin nachher im Chat. Wo bin ich? Das mache ich immer, als ob immer jemand rum ist. Wichtig, ja, aber dann mach es weiterhin. Dann machst du das schon richtig, aber in dem Fall das nicht ändern. Ich weiss nicht, was ich noch verbessern soll, aber Maverick, der bietet dir das an. Aber schreib mir noch ein DM. Schreib mir ein DM, hey Troy, bitte gib mir Feedback und dann bekommst du von mir Feedback. Dann schaue ich den nächsten Stream rein. Ausser es ist am Samstag und ich kann nicht, wenn ich selber streame, kann ich natürlich den Stream nicht schauen. Oder ich schaue das VOD. Jetzt, wo die VODs offen hast, kann ich mal das VOD schauen. Aber ich will das von dir noch per DM einmal quasi wie bestätigt, als du Feedback von mir willst und dann bekommst du das. Der Deal kann dir anbieten und ich würde jetzt mal behaupten, das ist wertvoll für dich. Also nicht nur, weil das Feedback von mir kommt, einfach allgemeines Feedback an sich von einem anderen Streamer. Ja, und dann bin ich nervös geworden. Ja, das ist normal, Jenny. Es ist halt gerade ein bisschen Pressure rum, oder? Aber Nervosität gehört dazu. Also Chat, ich kann euch glaube gar nicht vorstellen, wie nervös ich früher war. Vor jedem Stream. Und da rede ich jetzt nicht von diesen Streams, wo ich habe gesagt, ich habe ein Jahr lang für einen Viewer oder 0 Viewer gestreamt. Dort bin ich noch nicht nervös gewesen, weil ich auch irgendwie das Gefühl habe, es ist ja gar nicht mehr rum.
Aber wo dann ein bisschen Leute reingekommen sind, bin ich nervös geworden. Ich kann euch sagen, das erste Mal, als ich für Brack.ch gestreamt habe, nicht nur das erste Mal, ich war vor jedem Stream fucking nervös gewesen. Das ist eben dann nochmal etwas anderes. Gut, das ist nochmal eine Firma, für die du streamst, die einen Namen hat, der gross ist. Das ist dann gerade ein bisschen Verantwortung. Aber ich bin dort auch fucking nervös geworden, jedes Mal. Aber das ist irgendwie wie jetzt auch ein bisschen weggegangen mit der Erfahrung. Ich bin an vielen Orten bekannt. Wie meinst du das jetzt? Zum Glück habe ich keine Paywall. Paywalls die sind nicht beliebt. Bei mir kann jeder reinschreiben. Gut, das ist, also du hast kein Follower-Mode-Only drin, das ist auch sehr gut. Hey, Senda, mach's gut und viel Spaß nochmals. Über die Webseite habe ich auch mal geschrieben. Okay. Shutting things down, let that S.Korea do. That's more than enough. That doesn't get you anywhere further. Der Calls fährt jetzt das Internet runter. Habe ich gehört, aber muss schon aufpassen, wenn es so weitergeht, könnte die Deutsche Bahn dann noch schneller. Ja, ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Hey, Avalan, gell? Du musst nicht. Also, ich habe gedacht, hey, komm, wir haben irgendwie damit angefangen und ich finde es irgendwie noch cool. Also einfach nur, weil auch einfach mal eine Umarmung bekommen oder geben, beides tut mega gut. Und wenn wir das noch ein bisschen so als Gamification jetzt drin haben, why not? Also wenn ich bei jemandem lande, der only Sub oder Follower hat, ob ich den Stream finde oder graded werde, habe ich dann keine Lust zum Follower direkt zum Schreiben. Wenn der Streamer dann ausmacht, wenn ein Raid kommt, ist okay. Ja, true. Finde ich auch. Der hilfreichste Tipp: schalt Zuschauerzahlen aus, Stream also ab 100. View. Genau, Stream als ob du Hunderte von Viewer hast. Einfach reden, es darf eigentlich nie wirklich ruhig sein im Stream. Bei den meisten, die ich VODs anschaue, ist einfach an jedem Ort, wo ich reinklicke, Silence. Und das ist echt der grösste Fehler, aber auch der häufigste Fehler, wo man sieht auf Twitch. Das ist genau da. Und es ist nicht einfach, Chat. Es ist nicht einfach. Ich habe das auch wieder müssen merken. Ich habe vorhin ich habe für Brack.ch gestreamt, habe ich vorhin schnell erwähnt. Und ich habe ja damals, als ich gestartet habe bei Brack.ch mit den Twitch-Streams, habe ich ja auch schon meine Community gehabt, regelmäßige Viewers auf meinem eigenen Channel. Ich bin live gekommen und habe gewusst, es ist gerade jemand rum. Und bei Brack war es dann effektiv so gewesen, dass ich wieder die Phase hatte, wo niemand rum war. Und dann habe ich wieder gemerkt, es ist nicht einfach. Jetzt, so wie ich jetzt streame, jetzt lese ich natürlich noch Messages vor, aber ich sage jetzt mal, das Game, alles schön immer kommentieren, ein bisschen Humor haben, ein bisschen entertainen. Wenn man die erste halbe Stunde lang null Aktivität hat im Chat. Ich weiss, dass das nicht einfach ist. Aber dort muss man, das ist wirklich wichtig, dass man es eben durchzieht. Du musst besoffen bestellen, schön. Ich suche Clips und wenn sie ins Video passen, nehme ich das Restream-Stuhl vielleicht zwischen mehr melden, wenn man selber streamt, dass ich euch die Liste nehmen kann. Also der Wulli streamt auch. Ich weiss nicht, wie häufig, aber Wulli, das übernimmst du, hast wahrscheinlich schon lange geantwortet. Chat, ich muss ein bisschen überfliegen. I'm so sorry. Aber da, wo wichtig ist, lese ich vor. Ich kann nach Feedback fragen und annehmen, aber es bringt... Aber das ist Maverick, ganz ehrlich, das ist keine gute Einstellung, die du hast. Also, versteh mich nicht falsch. Das ist kein Angriff jetzt gegen dich. Aber das ist keine gute Einstellung. So wird es nicht. Wenn deine Einstellung ist, es bringt nichts, dann bringt es nichts. Und ganz hart gesagt, wenn deine Einstellung ist, es bringt nichts, dann hör auf. Hör auf. Dann bringt es effektiv nichts. Aber das liegt an deiner Einstellung. Das ist der Grund, wieso das es nichts bringt. Ja, das ist ein Teufelskreislauf. Just saying. Immer positiv bleiben. Hey, absolut. Das ist der Tipp, den wir geben können. Der Rest, das meiste musst du nachher machen.
Das meiste und ein grosser Teil ist deine Einstellung tatsächlich zu dem Ganzen. Ich finde das gerade die falsche Einstellung. Musst du dir immer sagen, also, ja, genau, da, wo Specko sagt, das ist endlich da, was ich auch gesagt habe. Es gibt leider keine Zauberformel, es ist bei allem ein Probieren, schauen, ob es klappt. Wenn du nicht hast, was gelernt. Wenn du nicht hast, was gelernt und gehst einen Schritt weiter. Ah, genau. Wenn nicht, hast du was gelernt und gehst einen Schritt weiter. Wir lernen nur dazu, im Leben und im Streaming und überall, wenn man Fehler macht, Fehler erkennt oder auch Schwächen erkennt und daran schafft. Chat. Das ist eigentlich die Zauberformel am Ganzen. Aber ja, ich weiss, wie du es meinst. Es gibt nicht einfach, man kann nicht einfach schnippen und dann ist es gut. Das ist ein teilweise langer Prozess, aber hey, du kommst immer einen Schritt weiter. Ich weiss noch, wie nervös am Samstagmorgen am Hero Fest nervös bist worden, wo ich mich vor dir materialisiert habe. Das ist true. Also das ist schon auch, aber das ist so die Nervosität und das Excitement, das dann ein bisschen kommt. Ja, es ist beides. Ich gebe dir recht. Ich gebe dir schon ein bisschen recht. Ich habe schon gedacht, holy shit, ist das der Calls? Ist das der Calls? Und nachher war es aber nur noch Freude, pure Freude. Ich glaube, jeder war nervös, als er dich gesehen hat. Ja, weil einfach die Leute auch nicht damit gerechnet haben. Aber es ist ein positives Nervössein. Ich streame meistens mit Enker zusammen auf Eracom. Ah ja, genau, das stimmt. Ja, ich habe einmal wie ein Buch geschnurrt und haben gesagt, eine Cam ist das Wichtigste beim Streamen. Ich selber, wenn ich einen Raid suche, ja, ich nehme an, es ist eine Anspielung auf das, verlangen von den Streamern, dass sie einen Cam haben. Das ist auch meine Meinung und da geht es nur um Raids. Das ist eine Regel, die ich aufgestellt habe und ich breche die Regeln so häufig, Chat, was es gesagt hast. Aber die Aussage so ist nicht richtig, dass das Cam das Wichtigste ist. Für mich ist das Audio das Wichtigste, weil da, was du sagst, muss man gut verstehen und das soll einigermaßen qualitativ sein. Und da meine ich einfach in erster Linie auch mal den Lautstärkepegel. Wir reden deutlich und dann ist schon mal das Wichtigste abgehökelt. Und wenn dann das stimmt, ja, dann bin ich schon auch der Meinung, also, dann wäre ein Cam schon auch geil. Es macht es ein bisschen persönlicher, ein bisschen interessanter für die Zuschauer. Ich rede immer, aber die Zuschauer schauen rein und gehen raus. Was streamst du denn? Wie bezeichnest du deinen Content? Fass deinen Content in einem Satz zusammen. Ganz allgemein, nennen wir jetzt nicht das Spiel, sondern fass mir deinen Content in einem Satz zusammen. Was streamst du? Genau das eigentlich ist Streamen nicht anders als permanent laut denken. Alles, was man denkt, aussprechen, das ist das Wichtigste. Yes. Und mit der Zeit lernst du auch noch ein bisschen Humor reinzubringen. Mit der Zeit entstehen die Insider-Jokes, die du immer wieder einbinden kannst. Das mache ich ja genau gleich, lieber Chat. Mache ich ja genau gleich schlussendlich. Und irgendwann lernst du auch, wie man halt ein bisschen entertainen tut. Aber da musst du wirklich auch Erfahrungen sammeln. Das kommt mit der Zeit. Aber das, was der Bletch sagt, das ist so. Einfach reden, als wenn keiner da ist. Auch wenn keiner da ist, ist eigentlich nur Übungssache. Habe ich am Anfang auch nicht können und heute laber ich einfach automatisch drauf los. Genau. Laut denken, ja voll genau das. Laut denken. Ich weiss nicht, das ist mir so schwer gefallen. Das war so awkward gewesen, ganz am Anfang. Und das ist nicht einmal dort, wo ich habe dort schon länger gestreamt und ich habe das schon mal erzählt, die Story. Und dann habe ich das erste Mal ein Singleplayer-Spiel gespielt. Weil vorher habe ich einfach immer mit meinen Discord-Mates zusammengeredet. Ich habe mit denen kommuniziert. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen Unterhaltung, aber nicht, das ist keine gute Unterhaltung für den Zuschauer. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich fange jetzt an Singleplayer-Games spielen. Und dann kommt das Spiel, das wir jetzt besprochen haben, mit laut reden, was man denkt. Und dann hast du keine Discord-Mates.
Und du spielst ein Singleplayer-Spiel und musst kommentieren, was du jetzt machst, was passiert, was ist dein Ziel und was siehst du gerade Lustiges und bla bla bla. Und dort habe ich auch gemerkt, holy shit, so einfach ist es nicht. Aber wie gesagt, man macht immer Erfahrungen und man lernt dazu. Man wird besser in allem. Wo bin ich gewesen? Dann wissen wir ja ab heute, was du von neuen Viewer denkst. Okay. Aber wenn ich alles würde sagen, was ich denke, käme das gar nicht gut raus. Ja, natürlich braucht es noch ein bisschen einen Filter. Ja, je nach Person, sage ich jetzt einmal, oder wenn nicht sogar bei allen, braucht es einen Filter. Du musst dir auch einmal überlegen, was ist deine Zielgruppe? Ab 18? Oder nicht ab 18? Und bei mir, meine Streams sind ja auf 18 plus gestellt. Einfach aus dem Grund, dass ich halt nicht so einen dicken Filter muss montieren muss. Und immer muss überlegen, darf ich jetzt da sagen? Darf ich jetzt ein Fluchwort sagen? Ja, ich kann fucking sagen, was ich will, solange es nicht gegen TOS verstößt. Fienchen, Mann, let's go. Ja, das ist auch gut, das ist auch nice. Aber das heisst nicht, dass ich mich jetzt nackig mache. Das gibt es nur auf OnlyFans-Chat. Und der Mori, wie geht's? So schön, dass Fienchen packt jetzt all die passenden Soundeffekte aus. Mori, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Mori, by the way, oder alle, die jetzt neu dazugekommen sind und sich fragen, hey, was macht der Troy da? Chat nachlesen, bei 5 Minuten hinten nachkommt. Und wir haben gerade das Thema Streaming. Und Anfang vom Streaming jetzt ein bisschen. Und was ist, wenn man immer nur einen Viewer hat oder in dem Sinne keine Viewers? Was kann man machen? Es gibt mir auf. Wie kann man an sich arbeiten und so weiter. Das ist ein bisschen das Thema gerade. Und dann ist der Mori reingekommen. Dann habe ich auch nur noch gedacht, sorry, Nascha. So, Chat, was haben wir gesehen? Mir ist bewusst, dass ich vielleicht ab und zu mal Nachrichten nicht lesen Chat. Ich muss echt irgendwie ein bisschen schauen, wie ich vorwärts komme. Seid mir bitte nicht böse und wie immer, wenn ihr das Gefühl habt, hey, Troy, da musst du jetzt lesen, dann schreibt es auch nochmal. Fehler machen sie erkennen und wieder machen, bis sie eine Gewohnheit sind. Mino, das ist der falsche Weg. Von der von der Redeaktivität her, es kommt auch aufs Game an, wenn ich Osu spiele, macht das einen verdammten schlechten Eindruck, wenn ich dauerhaft rede. Bei dem einen oder anderen Game sieht man, wie sehr es Konzentration abfordert. Hey, true. Ja, also das ist mir auch bewusst. Also auch wenn ich Clone Hero spiele, kann ich nicht reden dazu. Aber darum baue ich das auch als kurze Teile in mein Streaming. Würde ich das als Hauptcontent machen? I don't know. Da weiss ich nicht, ob euch das würde gefallen, ob das den Zuschauern würde gefallen. Guten Abend, Troy und Chat. Mori, Mann. Das stoppt nicht, Mori. Stopp-Check, Mori. Geil. Gell, ihr habt auch mega Hemmungen am Anfang. Ja, absolut. Aber das haben doch alle. Gut, es gibt so ultra extrovertierte, rampenso-geile Leute, die haben das vielleicht nicht gehabt. Ich bin aber der Meinung, es ist normal, dass man es hat. Aber jetzt einfach als allgemeiner Tipp, ich müsste den Chat noch lesen, aber egal. Als allgemeiner Tipp, also ich habe es so gemacht. Ich habe halt die erste Kamera, und ich werde jetzt nicht sagen, dass wenn ihr anfängt zu streamen, dass ihr sofort so eine ultra teure Kamera haben müsst. Aber ich hatte eine gehabt. Die hatte ich einfach zum Fotografieren damals. Und ich bin halt direkt mit einer DSLR an den Start.
Und ich bin ja jemand gewesen, ich habe immer so gedacht, oh shit, man, ich zeige mich nicht gerne, ich zeige jetzt nicht gerne mein Cam-Bild. Aber ich muss, ich will das. Aber ich fühle mich unwohl. Und ich habe mich dem einfach zu 100% gestellt, indem ich halt einfach direkt ein High-Quality-Cam vor mich gestellt habe. Also quasi alles oder nichts. Ne? Und für mich hat das auch sehr gut funktioniert dann. Ich kann mich nicht beklagen. Mori, alles gut. Also ja, hey, ich sage es nochmal, ich habe meine Challenges im Moment ein bisschen beruflich zum Beispiel. Ja. Aber es gibt jetzt keinen Grund, wieso ich sollte sagen, mir geht es nicht gut. Ja. Man hat eine gute Zeit da, coole Leute, coole Themen. Mal auch ein bisschen etwas anderes. Ja. Also ja, das Thema Streaming haben wir ab und zu mal wieder. Ich würde gerne gewissen Leuten amigs ernstes, ehrliches, direktes Feedback geben, aber habe dann immer das Gefühl, die Leute fühlen sich dann fast ein bisschen angegriffen, leider auch schon erlebt. Habe ich auch schon erlebt, auf jeden Fall. Ich habe mal gelernt, und ich glaube, das ist auch etwas, wir sollten es ein bisschen so machen. Ich habe mal gelernt, dass man Feedback dann gibt, wenn es gewünscht ist. Darum habe ich jetzt in Amerika gesagt, machen wir eine DM. Schreib mir, dass du mein Feedback willst und dann bekommst du das. Wenn es auch aus dem Nichts kommt, kann man sich angegriffen fühlen. Ich habe jetzt inzwischen natürlich auch damit gelernt umgehen, dass wenn mal negatives Feedback kommt, jetzt auch bezogen auf meinen Stream oder whatever, auch wenn es aus dem Nichts kommt, ungefragt, versuche ich etwas damit zu machen. Aber ja, es ist vielleicht nicht so super anständig, wenn man einfach aus dem Nichts mit Feedback kommt, vor allem wenn es dann halt so ein bisschen wirklich kritisch ist. Wichtig ist natürlich, dass es konstruktiv ist, wenigstens. Aber ja, Leute fühlen sich halt einfach schnell angegriffen. So ist der Mensch nun mal. Ne? Auch dort muss man zuerst Erfahrungen sammeln, bevor man wirklich auch damit umgehen kann. Teilweise auch rasieren. Ja. Spielzeug haben wir für Liabo. Let's go, let's go. Beste Quali hier. Oh, Tiger, du bist beste Quali hier. Du! Guck mal das Profilbild an von Tiger. Der ist immer ready. Ja, das ist so. Es gibt leider auch kritikresistente Leute. Ja, und das ist eben da, was ich meine. Vor allem, wenn jemand nach Feedback fragt und dann gibst du es und dann sind sie resistent. Das ist wirklich so, ich erlebe das immer wieder. Leute fragen, gib mir Feedback, ich gebe Feedback und dann fangen sie an zu diskutieren. Und wenn, was auch immer das ist, es geht jetzt nicht einfach nur um einen Stream, egal was es ist, wo sie Feedback dazu wollen, fangen sie an, das zu verteidigen. Und sie sagen, ja, also, jetzt nicht mit dir darüber diskutieren, ob es so ist oder nicht. Du hast nach Feedback gefragt, du bekommst meine Meinung darüber. Also nimm sie bitte an. Aber diskutieren nachher über das ist halt schwierig. Da hat man auch keine Lust mehr. Da habe ich auch keine Lust mehr. Dann sage ich auch nichts mehr zum Thema, oder? Mr. Blatch, mal gucken, was da geklebt worden ist. Das war auch irgendetwas gewesen, oder? Das war einfach irgendetwas gewesen, Chat. Nice one. Fürs Nippelboard. Ist mir eine Ehre. Blatsch, mach das. Ja, aber jetzt bist du noch froh. Und ich kann dir sagen, ich habe die Musik ja austauscht, das ist dir sicher aufgefallen. Die Musik im VOD ist eine andere. Und auch, falls dir das wichtig ist, einfach aus lizenztechnischen Gründen, es ist Epidemic Music. Wenn du bei Epidemic eine Lizenz hast, dann hast du auch das Recht, die Musik zu brauchen, die in diesem Clip gekommen ist. Auch als dort alles auch mit rechten Dingen zu und her geht.
Troy, der Cooldown-Bot, nervt. Ja, ich weiss. Deal with it. Habe ich auch nie gemacht, Feedback gegeben wegen der Mino. Das ist so geil. Also weißt du, Messages kommen schon an, Mino. Hey, weißt du schon, was du da schreibst? Ich habe nie nach Feedback wegen der Cam gefragt. Und ja, mein Ziel ist es, im Troy heute ein schlechtes Gewissen zu machen. Aber jetzt hast du hast es wenigstens auch so direkt in klaren Worten kommuniziert. Plätschmann, Troys Hammerkarte. Das ist nicht da, wo du willst. Du willst, glaube ich, Troy Lina haben. Wie so viele willst du Troy Lina bei dir haben? Ja, Jenny langt halt nicht, oder? Jenny langt halt nicht. Nein, es muss noch Troy Lina dazu kommen. Habe ich gedacht, hast du gestern ja gesagt. Danke für den Hinweis. Ja, jetzt habe ich noch überlegen, wegen der VOD-Musik. Genau. Das ist genau so ein Beispiel. Genau so ein Beispiel. Aber das ist halt die Idee. Das ist eigentlich genau die Idee, die hinter. Erstens mal, wenn man das VOD schaut, soll ja der Effekt, der ja auf Humor basiert, es soll etwas lustig sein, soll immer neu kommen. Und wenn man einen Clip macht, soll auch irgendwie das noch funktionieren. Also, sprich, ich habe Musik drin, die erlaubt ist in dem Moment. Aber es ist natürlich immer so, wenn man dann ein VOD oder einen Clip auf seinem eigenen Channel bringt, muss man wiederum die Lizenz haben für die Musik. Also so funktioniert es leider. Und darum habe ich eben noch gesagt, dass es von Epidemic Music ist. Ersatzmusik für Clips, jetzt hör auf, das ist episch. Das habe ich an vielen Orten. Es gibt Orte, da habe ich Musik auch weg. Also wenn da einmal die Back to the Future schöne Hype-Train-Szene kommt, dann ist, glaube ich, Musik weg. Aber dann sind so Sachen wie der E-Check, also der Among Us, ich werde ins Weltall befördert, dort ist Musik ersetzt mit etwas anderem. Weil ich muss ja für den Livestream wie die Original-Meme-Musik haben, die dazu passt. Also in dem Sinne ist es ja, wie heisst es? Das meine ich. Wenn ich die Originalmusik habe, aber im VOD darf ich sie ja nicht haben, also nehme ich dort eine Ersatzmusik, um die Silence zu füllen. Ich hatte mal einen Möchtegern von Grafikdesigner mal auf Wunsch Feedback gegeben und da war es unter anderem, dass diese Person in seinen Panels ein Uber mich drinstehen hatte als Bild. Da kam dann sinngemäß das war in dem Font nicht drin. Da hatte ich keinen Bock danach. Da wäre sicher ein Alter, du willst Grafikdesign machen und dann scheiterst du daran, dass es ein Ü nicht in der Font drin ist. Ja, also das ist natürlich schon, das sehe ich gleich wie du, Carnage. Aber das ist genau wieder sowas. Das ist jetzt perfektes Feedback. Liegt ja auf der Hand. Aber die Person verteidigt dann das und sagt, nee, ich habe es halt nicht gefunden und ich habe auch keinen Bock. Ja, aber dann, wieso fragst du dann nach Feedback, ne? Hey, die letzten 4 Mal habe ich so einen Hammer gezogen. Oh no. Oh no. Genau, Troilina fehlt. Die Troilina, die fehlt halt, ne? Bei den Fienchen, da fehlt halt immer noch ich. Ich fehle immer noch. Ach, Fienchen. Bleibst du einen Hammer zu sagen. Oh. Treu fühlt meine Musik, Moves like Jagger, hey, nice. Shooting Stars, jetzt ist der Name des Songs. Ja, merci vielmals. You have no risk. Wow. Okay. What is risk? Das ist so ein Wort, ein neumodisches Wort, Chat. Ritz, kann man das trinken? Der hat mich über einen Fahrer gesucht, also à la Famisch. Aha, der hat mich mit Uber, okay, jetzt ist es glaube ich auch ein Fahrer gesucht, so à la Famisch. Das ist auch bitter. Ritz ist Charisma.
Chat, habe ich kein Charisma. Habe ich keinen Riss. Where's the Riss? Where is the Riss gone, Chat? Wo ist er hin? Sagt man noch Riss? Ist doch durch Aura ersetzt worden. Ja, ich kenne mich gar nicht aus. Ich kenne mich halt gar nicht aus. Das Einzige, was ich weiss, Chat, ist, dass wir am Ende vom Chat angekommen sind. Und dass die Song-Requests noch eingeschaltet sind. Und ein Song vom Coles läuft. Ende des Chats. Genau so. Irgendwann entführe ich einfach den Troy und sperre ihn bei mir im... Hey, jetzt machst du mir den Angstfinchen. Bei mir im Keller ein. So wie er es mit der Troilina macht. Gut, das ist fair. Auch wenn es nicht stimmt. Ja. Auch wenn das Lügengeschichten sind. Ja, fein. Also, Chat, ich habe nach dem Hero Fest habe ich schon schnell ein bisschen Angst gehabt, gell? Muss ich schon sagen. Hat mich Fienchen gepackt, wie sie es versprochen hat. Jetzt hast du gemeint, sie hat einen Joke gemacht. Da ist sie gekommen, hat mich gepackt, ja, ins Auto rein da und ist losgefahren. Bin ich ja schon gerade ein bisschen nervös geworden. Hey. Ist Troy etwa am Ende vom Chat angekommen? Ja, Tiger. Ja, Tiger. Troy, vor allem Troy-Bär-Geschichtli, Chat. Ja. Ein Troy-Bär. So ein Kuschel-Troy-Bär. Genau so einer bin ich. Troy, hast du jetzt vorne sitzen? Ich habe nicht gesehen, wo ich liege. Wir sind die Augen verbunden worden. Nein, natürlich durfte ich vorne sitzen. Ich habe natürlich auch das Auto um da. Er hat gesagt, weisst du eigentlich nicht, wer ich bin? Ja? Was hast du das Gefühl, wer ich bin? Ich hocke jetzt vorne. Völlig abgehoben, oder? Ein Kofferraum. Ja, ist jetzt noch schwierig zu erklären. Da muss Pfeinchen erklären. Die Kofferraum-Thematik, ne? Schwierig. Hat safe neues Steuer. Ja, ich bin eben so ein Beifahrer bin ich. Ja. Sag nicht mehr, gang links, rechts. Ich bin so, eigentlich bin ich so ein, es ist dann nicht ein Backseat-Driver. Es ist tatsächlich ein Frontseat-Driver. Aber da lange ich noch so drin, oder? Jetzt gehst du rechts über. Ja, Chat. Jetzt schnell schauen, ob ich alles erledigt habe. Die Fotos haben wir gemacht. Die Karten habe ich verschickt. Ich hasse Beifahrer. Ich hasse Beifahrer. Ja. And this, ladies and gentlemen, was Swiss German. And Matthäus Bratz, oder Matthias. Do you understand German? Or do you understand also Swiss German? I'm not sure. But nice to have you here. How are you? Schon noch nicht, wie da über den gratis Taxiservice gelästert wird. Fienchen, oh mein Gott, das ist alles nur Spass. Ne? Alles nur Spass. Natürlich, jetzt Real Talk. Hat mir die Fienchen angeboten, mich heimzubringen. Und ich habe natürlich dankbar gesagt, hey, das war mega cool. Und dann ist mich Fienchen heimgefahren mit meinem Gepäck und das war mega cool gewesen. Klingt nach einem Gen 1 Beta-Prototyp von Navi-Beifahrer. Okay, interesting. Schlüssel ziehen in der Kurve. Machen es nie, ist aber sehr ungesund wegen dem Lenkradschluss. Gut, bei mir könntest du nicht einmal den Schlüssel ziehen. Ich habe halt so ein Knöpfchen. Ne? Aber ich habe mal so einen lustigen Beifahrer gehabt. Wirklich lustig. Es war immer sehr amüsant gewesen. Da hat man einfach den Lehrgang reingemacht ab und zu. I hate it, ich habe es gesagt. Das macht man nicht. Das ist nicht cool. Highway Racer grüezi nach YouTube. Highway Racer auch auf YouTube. Ich habe nur die Post als Beifahrer, die sagt zum Glück nichts.
Gibst du denn den Post amigs Namen? Du gibst noch so Namen und du redest ein bisschen mit. Ne? Only English and Portuguese. Okay. Well, for your information, yes, you heard that right. It is actually Swiss German. The main language here on the channel is Swiss German, but sometimes I also speak German, which is not quite the same as Swiss German. It's actually a different language, but I also can a bit speak English. If you write in English, so no problem. Everyone is welcome here. If you write in English, I will answer and comment in English too. But how are you? Do I say your name right? Matthias. Is it Matthias? Matthäus. It would be Matthäus in German. Matthias. How are you? Portugal. Portuguese. I can't speak Portuguese. But I once made Portuguese food. I think it's Portuguese. It's the... Oh my God, what is the name? It's the little cake thingies with a cream, a creamy thingy inside of the thingy. I'm not sure. I think it's a Portuguese speciality. I'm not sure. It's not sus. Don't forget the flat German. The flat German, das Plattdeutsch. Ja, okay. Ja, wo bin ich überhaupt gewesen? Chat, ich muss nochmal schnell da. Jetzt überhaupt nicht der same im Fall, gell? Hä? Hört, hä? Listen, Chat. Nein, aber mit den Briefkästen, wenn sie wieder besser gewesen. Ja, okay. Die Briefkästen, die beißen, Chat. Chat, ich bin gerade wieder da, Moment schon. Ich habe nichts mehr zu trinken, Chat. Ich habe nichts mehr zu trinken. Ich schenke mir jetzt ein bisschen Wasser ein. Be right back. Ich habe gerade gemerkt, dass ich den Greenscreen da oben habe. Muslim Fair. Hello, brother. Hello, brother. Ja, how are you? Ja, grüezi. Wie geht's Ihnen? Nice to have you here, Muslim man. How are you? And hello to YouTube. Ja, da kommen die Leute auf YouTube langsam. What is happening? I'm still thinking about the name of the Portuguese Süßgebäck. Was ist wieso funktioniert das nicht? Ich muss da selber toggeln jetzt, oder? Ich muss das Knöpfchen drücken. Schon. Pastéis de nata, irgendwie so. Something like that. I think that's the name. Pastéis de nata. Hast schon der ein oder andere Fingernagel in einem Briefkasten verloren? Ja, oh shit, Mann. Ja, und dann machst du den Briefkasten auf, oder? Und dann ist so, das Paket plus auch ein Fingernagel drin und denkst so, what the fuck? Portugiesische Gipfeli hast du gemacht. Das ist nicht Gipfeli tatsächlich, aber das finde ich tatsächlich auch noch einen geilen Gedanken. Leader of the Pack, Chat. Nein, ich meine nicht das. Es ist wirklich, ich glaube, es ist Pastéis de nata, irgendwie so. So frittierte Panini-Kügel, ja, das klingt auch geil. Nicht das, sie sind mir fast wieder runtergerutscht. Die müssen halt mal zusammenbinden, oder? Chat, ich bin halt so ein schlanker Dude.
Da rutscht mir immer die Hosen runter. Über Sixpack, geht dann über Sixpack, so und dann fallen die Hosen runter. Hasset ihr die verdammten EU-Deckel auch so an der PET-Flasche? Ja, wir haben es jetzt wieder gesehen. Ein Zeitchen lang hast du sie wieder wegnehmen, aber das Ding ist, gut, wenn ich jetzt etwas einschenke, dann muss ich es nicht umstülpen. Aber einfach umstülpen und gut ist. Problem gelöst, Chat. Ich habe mich am Anfang aufgeregt, aber inzwischen, muss ich ganz ehrlich sein, fühle ich den Vorteil. Weil ich sag mal, eben für einen Moment, der Blackjack kann es bestätigen, bei diesen Flaschen hat es wieder solche gegeben, wo der Deckel wegnehmen konnte. Und dann hatte ich genau das Problem gehabt, shit, ich habe hier die Flasche, wo ist der Deckel? Wo ist er? Und wie man es kennt, die Deckel, die gehen an den Ort, wo auch Gitarrenpicks hingehen, wo auch, keine Ahnung, all die kleinen Sachen hingehen, wo man immer wieder neu kaufen muss, weil man sie nicht mehr findet. In das schwarze Loch rein. Und dann muss ich auch mal sagen, das ist halt schon noch geil, dass sie dran sind. Aber man muss sich umstülpen. Es gibt auch solche, die kann man nicht umstülpen. Und dann hängt es irgendwie immer rum und dann will man trinken und dann hat man es immer irgendwie in der Nase und so. Das muss ich nicht haben. We are from Schwitzerland. Switzerland, Chat. Pastry, merci. Pastry, Süßgebäck. Pastry. Pastéis de Nata, jetzt, ja, das ist Dagholz. Genau das hier. Die habe ich mal selber gemacht. Ich weiß nicht, ob ich noch Fotos davon habe. Einmal fürs Büro habe ich die gebacken. Und wir haben eben jemanden im Geschäft gehabt, der auch aus Portugal ist. Und da habe ich gesagt, hey, hier, probieren, Feedback. Und dann hat die Person gesagt, also erstens mal da, zweitens mal da. Und dann habe ich natürlich meine Pastéis de Nata verteidigt. Ich kann mit Feedback nicht umgehen. Nein, sage ich. So war es nicht. Es ist gut angekommen, tatsächlich. Warum ist eigentlich Musik auf YouTube stumm? Weil auf YouTube kein VOD-Track existiert, Highway Racer. Ja, dann wird es ja nicht gemutet. Ja, genau wegen dem. Genau wegen dem. Weil Twitch mutet es wenigstens, damit du einen Strike bekommst. Bei YouTube bekommst du einfach einen Strike. Ja, also musst du mal andersrum denken. Wenn Twitch dir den Sound mutet, dann kannst du eigentlich dankbar sein, weil Twitch schaut, dass du keinen Strike bekommst. Angst musst du dann haben, wenn du weißt, du hast jetzt lizenzierte Musik, die Twitch nicht mutet, dann musst du eigentlich Angst haben. Und dann musst du es selber abnehmen. Und auf YouTube gibt es keine VOD-Tonspur und dort riskiere ich ganz sicher nichts. Über Sixpack ich muss noch schnell zurück zu dem YouTube. Wenn du Musik drin hast, tun sie das Video, glaube ich habe das auch schon mal gehabt, da ist es einfach nicht mehr live. Oder der Ton ist weg, komplett vom ganzen Video. Das habe ich ohne Scheiß auch schon erlebt. Irgendwie so, da bekommst du eine Meldung. Also es ist auch dort ist eine Funktion, die dich schützt. Aber dort kannst du es nachher nicht easy einfach wieder quasi aktivieren. Aber das ist auch schon ein paar Jahre her, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es inzwischen ist. So, über Sixpack abziehst du die Hose bis zu den Nippeln rauf, ja? Also da ist ja. Genau so. Abreißen das eigentlich. Ich schreibe da schon immer wieder drauf. Ja, manchmal, wenn man ihn wegnehmen kann, mache ich es eben nicht. Ne? Vor allem, wenn die Flasche leer ist. Dann so, ja. Aber so bin ich halt. Leute, da mit den Dächeli. Geht mal an einen Meeresstrand, wo nicht jeden Morgen gereinigt wird. Fucking 70% vom Güssel, wo rumfliegt, wo rumliegt, sind fucking PET-Flaschendächli. Das ist wahrscheinlich aber auch der Grund. Aus dem heraus ist es wahrscheinlich auch entstanden, das Ganze. Oder? Und ja, schlussendlich, wir denken nur an den Moment, wo wir hier hocken und eine Flasche aufmachen und wir beurteilen halt nur genau diese Situation. Ist jetzt das cool, dass der Deckel dran ist oder nicht? Und ich muss sagen, ich bin jetzt so weit, dass ich es cool finde und dann ist ja alles gut. Und sonst,
Müssen wir etwas dagegen machen, Chat? Nein, sage ich. Also ich verstehe, dass es für die Umwelt ist und wenn das auch funktioniert, was ich halt wirklich einfach auch nicht beurteilen kann, aber wenn man sagt, hey, mal, das bringt etwas, dann ist es eine gute Sache. Harry, eine der schlechten Erfindungen der EU, an denen nicht die Deutschen schuld sind. Okay. Die gehören all im Troy. Ja, genau. Das sind an dort sind's. An dort liegen dort noch Gitarrenblätter drum. Das ist der Song, der läuft. Deckel, das kleine Gänkeli-Zeug, ich trinke immer direkt vom Hydranten. Das ist auch eine Möglichkeit. Du musst mehrere Velo trinken, die haben sich schon recht gegen die Deckel-Evolution. Okay. Not. Zack, da bin ich wieder. Ullenmann. Kokainum. Ullenmann. Da ist er wieder, Chat. Na gut, man kann jetzt auch sagen, am WC ist der Deckel auch die ganze Zeit dran. Man gewöhnt sich alles. Ja, stell dir vor, gut, das Geile ist, ich kann den Deckel wegnehmen. Ich kann so drücken und dann hängt es aus und dann kann man ihn wegnehmen. Das ist praktisch tatsächlich auch zum Reinigen und so. Ein Wunder, dass ich das hier noch nie verloren habe. Karls, an dem Strand, wo du vorhin gesagt hast, liegen dort noch so WC-Deckel rum. Das könnte noch einer von mir sein. Wenn du nie weisst, ist jetzt was triggert worden. Ja, es ist wirklich, das ist immer so ein Moment, so, passiert jetzt etwas? Dann schaue ich das Overlay an, dann sehe ich, okay, das ist der Song. Ich habe noch nie einen Meeresstrand gesehen in der Schweiz. Ja. Chat hat jemand von euch schon mal in der Schweiz einen Meeresstrand gesehen? Jedes Mal, wenn der Song kommt, das gleiche True. Das ist wirklich jedes Mal so. Muss ich schnell überlegen. Aber auch andersrum, wenn der Effekt kommt, gut, wenn es sich überschneidet mit dem Song, dann weiss ich es. Aber wenn gerade Silence ist, dann muss ich auch zuerst schauen, was ist es jetzt. Von der Müllentsorgung her sind die Deutschen in der EU, glaube ich, an erster Stelle, was Plastikflaschen angeht. Und dem Prozentsatz, wie viele davon noch Deckel haben, glaube ich, irgendwas mit über 90%. Okay. Barracks, Mann, wie geht's dir? Hello, Barracks. Barracks has entered the chat. Barracks, fit und knusprig. Ich sag's jetzt einfach, ist mir gleich. Ja. Zahle ich halt Lizenzgebühren. Nein, eine Abdeckung zu einem Notstromaggregat ist noch dort gelegen. Eine Abdeckung zu einem Notstromaggregat. Holy shit. Jetzt ist vielleicht noch Kamomille rum. Vielleicht hast du noch Kamomille gesehen. Kamomille ist auch häufig an diesen Orten, wo ich nicht weiss, wo es ist. If you know what I mean. Ein Strand, ja, an einem See, ja, an einem Meer, nein. Okay, ja gut, fair enough. Ein Meeresstrand in der Schweiz, vielleicht sehe ich einen 2070. Geht das so schnell? Dann ist so Waterworld, oder? Dann sehen wir, das ist Waterworld Time. Dann kommt der Kevin Costner. Ich wollte sagen, der Kaffee Costner. Wow. Und die Schweiz, Chat, ist dann Dryland. Genau so stelle ich mir das vor.
Ja, das Pfandflaschensystem sollte es in der Schweiz auch geben. Ja, true, das ist was, das kennen wir bis jetzt nicht. Wait, doch, kennen wir auch. Aber nicht so ausprägt. Nicht so ausprägt, definitiv. Sehr danke. Und du, fit und knusprig. Hey, ja, alles gut, alles gut. Mutti! Mutti! Mutti, wie geht's? So schön, dass du da bist. Hello, hello. Wenigstens klappt noch etwas bei den Flaschen, also den Deutschen mit ihren Flaschen. Ich glaube, Mino, du hast es schlimmer gemacht, indem du hast genau erklären, wie du es jetzt meinst. Jetzt habe ich das falsche highlightet. Das habe ich eigentlich highlighten. Kaffee Prost. Kaffee Prost. Kitoin, hallo, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello, hello. Und auch wieder Grüße nach YouTube. Heute ist so richtig was los auf YouTube, ne? So richtig Aktivität da. Aber nice, I like. In Waterworld warst du froh, wenn du so Deckel findest. Genau, also Chat, ich wünsche mir jetzt in dem Moment einen zweiten Teil von Waterworld, wo aber im Fokus sind die Deckel, die PET-Flaschendeckel. Und die sind dann so mega wertvoll und so. Irgendwann musste ich den Spruch wo bringen? Anno 2070 wird einfach jedes Jahr realistisch. Okay. Well, ja, das ist nice. I like. Sehr geile Überlegung, Carnage. Gasflaschen habe ich früher gefangen. Ja, okay. Mir ist jetzt nur mal Sinn gekommen, ich habe halt so Harassen, die ich mir bestellen. Und dort ist halt auch ein Pfand drauf. Also, sagt mir dann mal bei uns Pfand, nehmen wir schon an. Aber das ist so das Einzige, wo ich mit so etwas in Berührung komme. Die Harassen mit Glasflaschen. Danke, gut und selber. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Mutti, alles gut, alles entspannt. Coole Leute hier. Und jetzt ist noch eine coole Person mehr hier. Mutti. Damit meine ich natürlich dich. Dich. Wer moderiert YouTube? Du, Hyper Racer, du. Depot, ja, jetzt Depot, ja, das war der richtige Begriff, Depot. Pfand ist gleich Depot. Mhm. Darum bin ich mir jetzt eben nicht sicher gewesen, weil ich dachte, nein, Pfand gibt es bei uns in dem Sinne nicht. Aber Depot ist da, bei uns sagen wir auch Depot. Was ist denn das bessere Wort, Depot oder Pfand, Chat? Wäre mir neu, dass Troy mich als cool bezeichnet. Ich sag dir aber jetzt cooler Rage. Cooler Rage. Genau du. Genau du. Pfand. Besseres Wort. Hallo, nur kurz. Hat er deine Umarmung mit ganz viel Schmerz an Herz weitergegeben? Und Ade wieder. Hey, merci vielmal. Merci vielmal, Avalon. Merci vielmal. Ich hoffe, die Person geht aber die Umarmung dann jetzt auch wieder weiter, oder? Das muss jetzt weitergehen, ne? Aber sehr lieb, sehr lieb. Depot. Oh, jetzt da. Depot, besseres Wort. Calls, Specko sagt auch, ja. Wie läuft's? Hey, gut. Maverick, alles gut, alles gut. Wir sind gerade irgendwie bei der PET-Flasche durchgekommen und der Deckel und jetzt sind wir beim Pfand angekommen.
Und in Deutschland heisst es Pfand. Oder da gibt es halt das Pfand, sehr verbreitetes Ding. Bei uns gibt es halt Depot ab und zu mal. Und ich glaube, die Aussage war auch von irgendjemandem, ich glaube vom Highway Racer, dass es in der Schweiz auch sollte Pfand geben, wie in Deutschland. Depot macht mehr Sinn, ich finde eben auch. Aber ich meine, deponieren, oder? Deponieren, das ist ja nicht ein Schweizer Wort. Ja, macht mehr Sinn, finde ich auch. Pfand dort nach Grundstückhandel, finde ich eben auch. Woher kommst du? Dass ich aus der Schweiz komme, ist, glaube ich, offensichtlich. Ich komme aus der Schweiz, aus dem Kanton Aargau. Und was du auch vorwiegend hörst, ist natürlich das Schweizerdeutsch mit dem Aargauer Dialekt. Woher kommst denn du, Kituin? Und wie gut verstehst du denn das Schweizerdeutsch? Das nimmt mich jetzt noch Wunder. So, ich gehe auch. Bis morgen am Morgen. Mino, hey. Ich hoffe, du kannst erwachen zu meinem Gesicht. Oder so. Stellst du das Tablet so auf, du legst es so an und das Tablet ist auch so gedreht, liegt es so gestützt auf dem Küssi, dass wenn du aufwachst, du direkt auch mich siehst. So stelle ich mir das vor. Das wollte ich sagen. So stelle ich mir unser Leben vor, Mino. Depot ist auch noch vorübergehend, ja, true. Früher hat es das in der Schweiz ja auch gegeben, aber sie haben ja herausgefunden, dass gratis PEP besser funktioniert. Ja. Aber da muss ich halt auch ehrlich sagen, ich finde halt Getränke aus der Glasflasche einfach viel geiler als aus der PEP-Flasche. Es ist ja so, wie es ist. Stellt euch jetzt mal ein Bier vor aus der PEP-Flasche. Das geht gar nicht, Chat. Aargauer Fahrer. Jetzt werden wir wieder Test-Chat. Was machen wir? Und was machen wir mit solchen Leuten, Chat? Was machen wir mit solchen Leuten? Ja, das war übrigens eine Aargauer Maschine mit Sarah Connor, die aus dem Aargau kommt. Depot aus dem Französischen, wir sind ein multilinguales Land. Wir dürfen schon ein bisschen übernommene Ausdrücke verwenden. ja, das ist so. Ja, das hoffe ich auch. Da bin ich gerade hellwach und meine, dass ich immer noch einen Albtraum habe. Hey, aber Mino, ich wünsche dir eine gute Nacht, wenn ich es noch nicht gesagt habe. Schlaf gut. Und schön bist du da gewesen. Die Geschichte von Calls und dem Cooldown-Bot. Da könnte man so eine Trilogie, da könnte man verfilmen, oder Chat? Trilogie. Und dann noch mit Spin-Offs. Da gibt es noch Spin-Off vom Calls und ein Spin-Off vom Cooldown-Bot. Origin Stories, Chat. Alles. Die ganze Palette. Da machen wir gerade ein Universe draus. Sculloverse nennt sich denn das. Nicht Spaß beiseite. Es war eine schöne Zeit hier. Danke für den Stream, Troy. Ich freue mich jedes Mal wieder drauf. Hey, merci für die netten Worte, Mino. Danke. Und auch schön, dass du amix da bist. Da kann ich nur geben. Und hey, jetzt gehst du schlafen. Paint the walls by Xordia. Chat. Wo bin ich da? Schaut da. Da bin ich bei dieser Message bin ich, und die ist nirgends. Ich bin, glaube ich, über das Ende vom Chat raus. Über das Ende vom Chat raus bin ich.
Chat, sind ihr noch da? Machen wir ein bisschen Gameplay, was meint ihr? Ich kann euch jetzt 2 Sachen anbieten, Chat. Nein. What is this show, Rick? It's an alternate universe where humans all look like this dipshit Warte here. schnell, They call warte him schnell, Troy ich habe eine Hammerin. Idee, He ich habe does eine that thing where he Idee. says that he's going to play a game, but ultimately he never plays it. They call it Wir- hashtag eventually some wir warten noch gameplay. schnell What a mit dem bunch of fucking Gameplay. weirdos. Wir warten noch schnell mit dem Gameplay. Ich mache eine Umfrage. Paul, was jetzt? So, ich mache schnell eine Blitzumfrage, 3 Minuten Chat, und ihr könnt jetzt bestimmen, was ihr wollt. Wir haben die Möglichkeit Puzzle oder Puzzle. Wir können aber auch das Puzzle machen, Chat. Oder wenn ihr wollt, können wir Gameplay machen. Mit Puzzle meine ich natürlich, wir würden jetzt auch ein Puzzle machen vor dem Gameplay. Das heisst nicht, es ist entweder oder. Es ist eher so, wenn wir noch das Puzzle machen, bevor es ins Gameplay hineingeht. Weil es ist fast noch ein bisschen früh fürs Gameplay. Darum ist das jetzt meine Idee. Song-Requests laufen, oder könnten wir eben noch Song-Requests laufen lassen. Das ist eigentlich die Überlegung. Artimann. Alle zusammen, alle Troy, hoffe, ihr habt es alle gut. Mich gar nicht erst fragen, mein Tag war scheisse bis beschissen. Oh Mann! Arti, Hack für dich, Hack für Arti. Chat, Arti braucht schnell einen Hack, ganz wichtig. Schenken wir dem Arti schnell Liebe, er hat es verdient, er ist ein guter Mensch. Und es ist immer schade, wenn es so Leute beschissen geht. Leider gehört es dazu zum Leben, aber es ist gleich schade. Arti, fühl dich gedrückt. Ich glaube, ich weiß ab jetzt, ich weiß, um was es geht. Das ist doof. Aber hey, wir haben es hier gut. Also, wir haben wirklich tolle Leute wieder da und es macht Spass. Wir haben coole Themen gehabt, die wir jetzt auch ein bisschen besprochen haben. Jetzt ist die Frage, ob wir noch ins Puzzle reingehen. Wir schauen schnell. 3, 3, 3 sind 9 versus 6. Ist eigentlich dumm, was ich so gemacht habe. Ich rechne natürlich selber zusammen. Oh, Chat. Ui. Ihr dürft natürlich immer noch überstimmen. Da bräuchte es dann auch 10 Votes. Bei 10 Votes für Gameplay gibt es Gameplay. Aktuell haben wir aber 9 Votes auf Puzzle. Etwas Gameplays wird doch der zweite Alan Wake DLC, da wird das wohl kaum nur etwas. Ja. Mal gucken. Und zum Thema kurz zurückzukommen, folgende Situation: Jemand kommt in deinen Stream, schreibt was, du reagierst drauf, er antwortet eventuell und nach ein paar Austauschungen einfach keine Response mehr. Was denkst du dir dabei? War ich so langweilig? Oder nein, also macht dir keinen Kopf. Also, ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn man sich den Kopf darüber zerbricht. Also, ich meine, versetz dich mal in die Zuschauerinnen. Wie manchmal bist du schon einmal rein? Bist vielleicht bist du noch am Kochen. Ich sage jetzt eigentlich irgendetwas. Bist du noch am Kochen, irgendwie noch am Videoschneiden mit einer Hand. Und stehen und dieses machen und dann irgendwann denkst, shit man, ich muss mich jetzt auf etwas fokussieren und stellst den Stream ab. Erwartest du dann vom Streamer, dass er sich den Kopf zerbricht, wieso du jetzt nicht mehr schreibst? Nope. Das ist ganz normal. Also, das ist wirklich einfach normal. Mein Gott, das ist auch so. Ja. Meine Antwort ist deal with it. Es ist weder negativ noch positiv. Noch. Es ist auch so, wie es ist. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, du hast keinen Riss und dann einfach nichts mehr schreibt. I don't know. Dann frage ich mich, okay. Jetzt hast du wirklich die 15 Sekunden von deinem Leben für das verschwendet. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Der ist abrupt fertig. Das war das schönste Intro gewesen.
Better Call Saul, Chat. Geile Serie gewesen. Aber hey, Highway Racer, ich hoffe, ja, das war eine Antwort gewesen auf deine Frage. Ich glaube, das ist wirklich so, macht er um Gottes Willen keine Gedanken darüber. Also ich glaube, das macht null Sinn. Weil dann müsstest du dir ja x Fragen stellen, den ganzen Stream lang. Also, wieso hat jetzt der Highway Racer schon 10 Minuten nicht mehr geschrieben? Habe ich etwas falsch gemacht? Wieso schreiben nur x Leute von Y Leute, die könnten schreiben? Bin ich langweilig? Spürt ihr, was ich nicht sage? Es macht keinen Sinn. Also das ist wirklich, da steigert man sich noch irgendetwas rein, wo nicht gesund ist. Wirst du zugelassen als Medienschaffender und sagst auch, was für eine Ausrüstung hast und dann am Schluss heisst es, nee, das geht doch nicht. Ja, aber das ist echt scheiße, ja, Arti, Mann. Ja, doof. Ja, und jetzt ist, also, wie soll ich das jetzt interpretieren? Ist jetzt vorbei oder ist das jetzt bezogen auf ein Projekt oder ist das irgendwie etwas Allgemeines? Also ich hoffe, du kannst weiterhin da machen, was du amigs machst. Also. Ja, nein, das ist das Scam, das immer getäuscht wurde, Chat. Nice Gameplay mal vor dem 12. Wie ist eigentlich das Resultat gewesen? 4-3-4, das sind 11 versus 8. Das heisst, wir machen noch ein Puzzle, Chat. Wir machen noch ein Puzzle und ich versuche ein Custom-Puzzle zu machen. Also alle, die das hören, Chat. Oh, by the way, bevor ich jetzt weiterrede, ich muss noch schnell begrüßen. Hans-Uli, Oreo, Bounceman. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da seid. Sorry, dass ich euch teilweise so spät begrüße. Und Oreo, ich schaue dann noch. Ich hoffe, bist mir nicht böse, dass ich bis jetzt keine Antwort geschrieben habe, aber ich bin noch dran. Es war gerade ein bisschen viel los in den letzten Tagen. Schauen wir noch an. Oreo, Bouncemann, Uelimann, wie haben wir's? Und jetzt weiss ich nicht, was ich sagen wollte. Jetzt habe ich den Faden verloren. Fletch. Gameplay hat ganz sicher nicht gewonnen. Nein, ich habe es natürlich auch doof gemacht. Ich wollte nur wissen, wie du darüber denkst. Ja, aber meine Antwort ist kurz gefasst. Es macht wirklich, denk gar nicht darüber nach. Es macht keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn. Ich glaube, da steigerst du noch zu feste Sachen rein. Wenn du so denkst, wenn du so viele Gedanken machst. Ja. Nochmal neu Nein, ganz sicher nicht. Wenn ihr nicht puzzeln, Chat. Wieso sind jetzt Song-Requests deaktiviert? Weil ihr gefüllt haben. Und ich schaue schnell, wir haben aber noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Songs in der Playlist. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Puzzle. Wenn wir während dem Puzzle, wenn uns die Songs ausgehen, dann tue ich nochmal schnell anmachen. Oder der Kapfinchen oder wer auch immer nochmal schnell anmachen. Mr. Bletsch kann das auch. Aber wir warten mal. Und vielleicht machen wir dann 2 Puzzles oder 3 oder 50. Hey, Bounce, Mann. Du Geile. Geile Runde gewesen, Zembele, Mann. Müssen wir wieder machen. Das ist schon x-mal gesagt. Müssen wir wieder machen. Gibt auch die Kategorie von Personen, die erstmal ganz nett reinkommen und fragen, ob sie joinen können, wo man nett Ja sagt und dann ein Thema kommt, wo die Person einen stillen Abgang macht. Das muss man sich, glaube ich, auch nicht zu viel Gedanken machen. Vielleicht darf man noch ein so viel zum freundlichen Sein hinterherwerfen. Ja. Ja, was Carnage sagt. Es ist halt immer schwierig, da geht es ein bisschen um die Erwartungshaltung vom Streamer. Erwarte ich von jeder Person, dass sie Hallo schreibt und nachher auch wieder Tschüss schreibt? Nein. Es gibt so viele, die einfach schauen, die nicht schreiben haben. Und damit meine ich viele von euch, lieber Chat. Und das ist absolut in Ordnung. Aber auch wenn jemand reinkommt und Hallo schreibt und plötzlich nachher nicht mehr schreibt.
Ich würde jetzt mal behaupten, dass das bei der Hälfte der Leute der Fall ist, aber die sind halt plötzlich mal weg. Vielleicht sind sie im Lurk, vielleicht sind sie eingeschlafen, vielleicht beides. Haben lange noch den Stream laufen und sind nachher irgendwann geschlafen. Aber irgendwann muss man ja auch zugeben, ist es wie zu lang her, dass man, ich sage jetzt, wenn man nach 3 Stunden im Führer kommt und sagt, hey, geh jetzt geschlafen. Es ist ja dann wirklich auch nicht mehr zwingend notwendig, oder? Also, was ich sagen will, ich sehe es überhaupt nicht eng bei diesem Thema. Überhaupt nicht. Ich meine, ich bin mir bewusst, dass Leute kommen, dass Leute gehen, dass Leute unfollowen, dass Leute followen. Und das ist ja so, wie es ist. Und so funktioniert das Ganze. Ich bin da richtig zum Zembler Bin ich da richtig zum Zembler Profiträuber? Jetzt gehen wir puzzeln, Mann. Jetzt gehen wir puzzeln. Aber jetzt weiss ich genau, welches Bild das wir nennen. Ich weiss genau, welches Bild das wir nennen. Hey, Fed. What the fucking what? Hey, Feta-Käse. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das sind 10.000 Bits. What? Chat, Moment, mal schnell. Moment, mal schnell. Was macht ihr? Feta-Käse. Merci vielmals für... Ich sage es jetzt auch so casual wie möglich. Feta-Käse, merci vielmals für 10.000 Bits. Mr. Blatch, merci vielmals für 180. Ja, Feta-Käse. Also, das ist ein Null zu viel, oder? Also auch ein Null weniger ist immer noch viel. 10.000 Bits. Feta-Käse, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Also, merci vielmals. Danke vielmals für den Support, Feta-Käse. Aber lieber Chat, Feta-Käse, es ist nicht notwendig. Es ist echt nicht nötig, dass ihr das macht. Das ist jetzt passiert. Das ist ich bin ein bisschen neben den Schienen jetzt, neben den Schuhen und so. Also ähnlich auf den Schienen sind wir mit dem DeLorean. Mr. Blatch, merci vielmals für 138 Bits. Jenny, merci vielmals für 100 Bits. Finchen, merci vielmals für 100 Bits. Merci vielmals für den Hype-Train, den ihr gestartet habt. Schnell kurz den machen, Chat. Das ist auch ein Hype-Train Level 6. Tiger 75 gifted a tier 1 sub to Feta-Käse. They have given 8 gift subs in the channel. Hype-Train, let's go! Tiger, merci vielmals für einen Gifted Sub an Feta-Käse. Wow, Tiger, merci vielmals. Danke vielmals für den Support. Merci vielmals, dass du dem Feta-Käse den Sub geschenkt hast. Feta-Käse, viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnent. Ja, Chat, merci vielmals, Feta-Käse. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, aber merci. Danke vielmals. Jetzt bin ich, das ist immer der Moment, wo ich plötzlich auch wieder 10 Minuten hinten nachher bin im Chat, oder? 10 Minuten hinten drin, Chat. Ich lese schnell noch ein Chat. Wir werden noch puzzeln. Juttis Gipfeli habe ich vergessen. Für 10.000 Bits. Ja, die Gipfeli, die kosten nur 10.000 Bits da bei Jutti. Und wenn ihr das nicht zahlt, dann ist Jutti die Gipfelis weg. Und ich muss noch schnell begrüßen. Also Feta-Käse natürlich auch. Hallo, Feta-Käse, wie geht's dir denn? Schön, dass du da bist. Sind das deine First Words gewesen? 10.000 Biddies? Hey, holy shit, Mann.
Vierter Käse, hoi, Vito, grüezi. Vito, hey, long time no read. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. SDTLC, grüezi. Und grüezi, Bär. Merci vielmals fürs Abo auf YouTube. Danke vielmals, grüezi, Bär. Schöner Name, schöner Name. Hey, Leute, nein, also come on, please. Ah, Leute. Ullen. Ullen, merci vielmals für den Resub, für den verschenkten Sub. An Orion Creature, an Speshi, an Naxlani, an das Messi und an Tarakesh. Euch allen viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnent. Ullen, merci vielmals für 5 verschenkte Subs, merci vielmals für den Support. Jenny, merci vielmals für 5 weitere verschenkte Subs. Of the Son of Lucifer. Lucifer, do you have a son? An Eternus 2, an Seeker, an Solo Freak und an Paui. Merci vielmals. Merci. Ich kann nicht mehr reden. Chat, was machen ihr mit mir? Viel Spaß mit den Perks und den Emotes als Abonnenten, lieber Chat. Für all die uns abgeschenkt bekommen haben. Jenny, merci vielmals für den Support. Und jetzt hört mal auf, Chat. Cherryberry, grüezi. Ullenbullen gifted a Tier 1 Sub to Heil sie. They have given 30 Gift Subs in the channel. Oha. Also, Cherryberry. Erstens mal grüezi. Cherryberry, merci vielmals für 200 Biddies. Danke vielmals für deinen Support. Cherry, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ullen mit einem weiteren verschenkten Sub. Natürlich hat Lizzie mega lieb. Ullen, merci vielmals. Lizzie, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Ich muss noch irgendwen begrüßen auf YouTube. SDTLC gifted a Tier 1 Sub to Jerryberry 93. Oh, They have given 56 Gift Subs in the channel. Senpai! Hilfe! Kassi! Hilfe, Tier 1 Kassi! Sub to Yasukiwa. Was They machen die have mit mir, given Kassi? 87 Gift Subs in the channel. Hey, oh mein Gott. Hey, come on, jetzt please. Oh mein Gott, hey, was macht ihr, hey? Haben wir einen neuen... Nein, Stufe 12 ist Rekord. Kassi! Ist noch anfeuern hier. Oh, Kassi, wie geht's SDTLC dir? gifted a Tier 1 Sub to K. They have given 57 Gift Subs in the channel. Dead 2, by the way, noch Hallo nach YouTube. Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und wieso ist es so silent hier? Why is it so silent? Wo bin ich sie? SDTLC, merci vielmals für den Gifted Sub an Cherryberry. Mega lieb, SDTLC, merci vielmals für den Support. Cherryberry, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Highway Racer, merci vielmals für den verschenkten Sub an Yasukiwa, mega lieb. Highway Racer, auch dir, danke für den Support. Yasukiwa, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Mr. Blatch. Chat, ich mache mich kaputt. Hey. Merci vielmals für 5 verschenkte Subs. An Rumpel, an Cynical, an Lari, an Pummelige Papaya und an Lost Vince. Danke vielmals für den Support, Mr. Blatch. Ich mache mich kaputt. Ich mache mich wieder kaputt. Merci für den Lurk-Support. Danke vielmals. Oh, Chat. Oh. SDTLC gifted a Tier 1 Sub to both him Maren. They have given 58 Gift Subs in the channel. Leute, oh come on. Ey, oh mein. Wo bin ich? Mr. Blatch, merci vielmals für den Support. Danke vielmals für die 5 verschenkten Subs. SDTLC, merci für den verschenkten Sub. Akassi, for you. Kassi, viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Und SDTLC, merci vielmals für den Support. Hey. Verliert, du hast
That's brilliant. Wir wollten doch puzzeln gehen, Chat. Wollten wir nicht puzzeln gehen? Chat, wo bin ich? Ich bin im Event-Feed. Etwa gefühlt so, nachher, wenn ich einmal im Chat nachher bin. Im Event-Feed. Highway Racer. Merci vielmals für 10 verschenkte Subs. Merci. Geschenk bekommen haben Goddo, ich sage einfach God, Sly, Igdavi, Ordered Pusher, Kurt, Park, Silky, sorry, ich kann nicht lesen. Blüffefort, Viertelblot, Inmate und Far Off Guild haben ein Subgeschenk bekommen. Merci vielmals Highway Racer für den Support und viel Spaß mit den Emotes und Perks an alle, die ein Geschenk bekommen. SDTLC, merci vielmals für den Gifted Sub an meinen Bot. Mega lieb. Jetzt kann ich mit meinem Bot wieder meine Emotes posten. Let's go. SDTLC, merci für den Support. Danke vielmals. Highway Racer mit 3 weiteren verschenkten Subs. Holy shit. An Crow, an Solem und Enzo. Euch viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Highway Racer, merci vielmals für insgesamt jetzt 13 verschenkte Subs. Und ich glaube, es geht noch weiter. Oh mein Gott. Cherryberry, merci vielmals für 260 Bits. Danke für den Support. Cassie. Auch noch mit 5 Subs. Cassie, danke dir für den Support. Und geschenkt bekommen haben Lessa, Vivi, Carnage Rage, Mori und Baby. Baby? Ich glaube Baby. Haben ein Sub geschenkt bekommen. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Chat, ich kann langsam nicht mehr reden. Ich weiß nicht, was los ist. Das Try.exe stopped working. Cassie, merci vielmals für den Support. Holy shit. Arti, merci vielmals für 13 Bidis. Danke vielmals. Ich mache auch weiter. Chat, also ich kann nicht mehr machen als auch weiter vorlesen. Highway Racer, merci vielmals für 500 Biddies. Danke vielmals für den weiteren Support. Specku, merci vielmals für 69 Biddies. Danke auch dir für deinen Support, Specku. Fienchen mit weiteren 5 verschenkten Subs. Daniel, Likely to be Forgotten, mega cool. Killa, Loki und Taxexenempetepetist. Hey, euch viel Spaß mit den Emotes und den Perks. Fienchen, merci vielmals für insgesamt unglaublich viel verschenkte Subs inzwischen. Danke vielmals für den Support. Jenny, merci für 500 Biddies. Danke noch für deinen Support. Ist jetzt Chat. Someone bought epic merch from the Troy Hammer merch store. You are awesome. Danke, Tusich Fletch. BFAUM. Let's do this. Let's fucking do this. Merci vielmals für die Bestellung im Merch-Shop für das Raid 40, wo wir nachher gerade ausdrucken, lieber Chat. Für unser Raid-Foto, wo wir gerade ausdrucken. Pletsch, merci vielmals. Und hey, Cassie, oh, come on, please. Cassie mit weiteren 5 verschenkten Subs an Hermatze Römer, let's go. Spark und oh mein Gott, die Namen haben Nefetro und Rappi, let's go. Rappi hat auch ein Geschenk bekommen. Cassie, ich danke dir für die 5 verschenkten Subs. Viel Spaß euch allen mit den Emotes und Perks und Cassie, Ehrenmann, Cassie. Aber ich habe überhaupt ja, ich habe sicher gefragt, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie 10 Minuten schon den Chat nicht mehr gelesen. Ne? Cassie, ich sage es jetzt einfach so, ich hoffe, es geht dir gut, ne, Cassie, und es freut mich, dich hier auch zu lesen. Der Support, ne, wäre nicht notwendig, aber na, danke dir dafür.
Danke dir. Und ich begrüße noch schnell Lari. Lari, grüezi. Last Man on Earth, grüezi. Und Vivi, ich glaube, du hast ein Abgeschenk bekommen. Vivi, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Wow. Es ist gerade ein bisschen wild. Wir haben einen Hype Train Level 10. Level fucking 10. Krass. Wie geht's besser, wenn ihr Hey, Chat, nein, also, come on. Nein. Für das sind wir nicht hier. Einfach, als es gesagt ist, ich kann das schlussendlich kann ich es nicht steuern. I know. Ich mache, was ihr wollt. Es ist ja auch erlaubt. Aber haben eine gute Zeit hier, haben, lieber Chat. Das ist für mich. Das ist für mich das Schönste am Ganzen. Und ich sage es immer wieder, und es ist nicht gelogen, es ist so, wie es ist. Das ist das Schönste für mich, wenn ihr da seid und wir eine gute Zeit haben, gute Themen haben, just chatting bis in alle Nacht, kein Gameplay. Wir wollen puzzeln und wir puzzeln nicht. Aber was wir jetzt machen, wir hören jetzt Herrgott Donner auf mit seinen verdammten Subs. Platsch, also allgemein Chat, I'm so sorry. Chat lesen ist jetzt kein Thema mehr im Moment. Chat lesen, I'm so sorry. Ich ignoriere euch ungern, aber ich habe keine Chance, alles nachzulesen. Wir drucken noch ein Foto für den Platsch. Das muss ich unbedingt machen. Ich muss mich aber auch noch schnell bedanken bei... Wo bin ich überhaupt gewesen? Bei weiteren 5 verschenkten Subs vom Highway Racer. Es ist Highway Racer, guckst ein bisschen aufs Geld, ne? Einfach, was gesagt ist. Asuna Yukisama, da wissen wir auch, wer es ist, aber das ist natürlich Zufall. Luni, geil. Luni hat auch einen Sub bekommen. Nussbrigade, Avalon hat auch einen Sub bekommen. Und Baktakratz. Listen! Mach doch später absolut keinen Stress, genieß jetzt und mach einfach weiter. Hey, okay, Platsch. Sobald wir ruhigen Moment haben, drucke ich das Foto aus. Und wenn du das Gefühl hast, ich habe es vergessen, bitte du mich daran erinnern. Das ist erlaubt, bin ich auch nicht böse. Und du sagst, Troy, Herrgott Donner, und dann hängst du noch 3 Biddies an. Also nicht, das tönt jetzt so, dann hängst du noch 3 Biddies an. Wegen der Lizenzgebühren vom Calls. Das ist universelle Regel, das bestimmt nicht ich. Du gehst bei einem anderen Streamer rein und tust dort noch 3 Biddies rein. So machen wir es. Damit du die Lizenzgebühren für den Calls noch bezahlt hast. Double-Click, merci vielmals für 1 Bit. Danke. Sorry, dass ich nicht falsch verstehe, Dave. Aber der Kontrast ist schon geil. So Dave so, hey, ich mache auch mit. Aber auch 1 Bit ist natürlich appreciated. So wie auch 3 Bits von der Jenny, merci vielmals. Cardinal Systems und Asuna Yukisama sind auch hier. Ne? Let's go. Chat. Habe ich mich bei allen bedankt. Bitte schimpft mit mir, scheißt mich zusammen, wenn ich mich noch nicht bedankt habe. Das war gerade ein bisschen viel gewesen. Aber merci vielmals. Level fucking 11. Level fucking 11 haben wir noch voll gemacht. Also, wir sind jetzt bei Level 11, alles shit. Irgendetwas wollte ich ja machen, Chat, und ich habe es vergessen. Foto drucken. Habe ich alle begrüßt. Wir drucken jetzt Foto. Chat, wir drucken jetzt Foto. Few moments later. Lieber Blatsch, ich nehme an, du willst das wunderschöne Foto Nummer 1. Richtig. Du kannst natürlich auch sagen, hey, geh noch ein bisschen zurück. Es gibt noch ein anderes Foto, das ich gerne gedruckt habe. Dann kannst du mir sagen, welches. Du darfst auch natürlich ein beliebiges Foto wählen. Einfach eine schnell die Nummer in den Chat rein, wo sehr wahrscheinlich die Nummer 1 wird sein. Dann drucke ich das Foto aus. 1, let's go. Gut, schnell schauen, ob alles läuft. Drucken.
Troy. Yes. Jesus Christ. Jesus Christ. What a sorry ass of a streamer you are when you can't thank for every single goddamn gifted sub of your lousy viewers that shit the entire stream with these useless pieces of garbage. I will unfollow this channel and put you onto my ignore list. Ja. Well. Oh, Chat. Lass mich schnell ein Printfoto machen. Es ist, I don't know. Ich weiß nicht, ob ich da das richtige Zeug eingebe, Chat. Keine Ahnung. Ich glaube, es kommt raus. SDTLC. SDTLC. Merci vielmals für 100. 100. 100 verschenkte Subs. SDTLC. Also wirklich, bis man nicht böse, ich weiß nicht, was ich soll sagen. Ich weiß nicht, was ich soll sagen. SDTLC. Come on. Fucking hell. Aber danke. Danke ist da das Mindeste, was ich sagen kann. Merci vielmals für 100 verschenkte Subs. Und das ist auch, ja, es ist fucking viel. Es ist fucking viel. Geiles Lied, by the way. Geiles Lied. Breaking Bad. Oh. Chat. Soll ich jetzt alle vorlesen, die uns abgeschenkt bekommen haben? Ich fasse mich da wirklich schnell kurz, weil sonst kommen wir nicht vom Fleck. SDTLC hat 100 Subs verschenkt. Alle, die uns abgeschenkt bekommen haben. Und das werden wahrscheinlich die meisten sein von euch. Also, würde mich jetzt verwundern, wenn irgendjemand rum ist, der noch keinen Sub bekommen hat. Dann muss ich mit Twitch schimpfen. Euch allen viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Abonnenten. Ich habe wirklich das Gefühl, im Moment, ich rede, aber mein Hirn funktioniert gar nicht. Ich weiß nicht, was. Es kommt auch irgendetwas raus. Ich hoffe, es ist kein Scheiß, den ich gerade rauslasse. Danke vielmals für die verschenkten Subs. SDTLC. Ja. Herbst die Grüezi. Oh, das war nicht die Absicht, Chat. Aber ja. CR03 gifted a Tier 1 Sub to Julie Sophie 35. Chat, They have given 111 gift subs in the channel. Bert, Mann. Bert habe ich immer. Bert immer in meinen Gedankenchat. Highway Racer, das ist mega lieb. Das ist nicht, ich kann nicht da kommunizieren, natürlich. Ich muss schnell überlegen, shit, man, wenn jetzt jemand wirklich keinen Sub hat, ist es mega frech. Aber Juti hat jetzt auch einen Sub. Danke dem Highway Racer. Das ist echt eine Ehre, Highway Racer. Danke nochmal für einen oben drauf. Und Juti, viel Spaß. Viel Spaß. Das ist Chatty und
Plätsch, I'm so sorry, es ist fast ein bisschen untergegangen. Da. Aber du natürlich auch im Rampenlicht. Auch wenn es regnet, auch wenn es dramatisch ist. Und ich merke gerade, dass mein eine Keylight nicht funktioniert. Darum hat es nicht geblitzt. Hat nicht geblitzt, Chat. Muss ich schnell das Keylight neu starten, Moment. Oh, holy moly. I love you, chat. Da noch. Jetzt ist noch, der Blitz ist noch hinten nachgekommen, Chat. Da, Blätsch, unser wunderschönes Föteli. Wirklich geil. Also, es ist ja nicht einmal unseres. Es ist da von der Troilina und dir und euch mit dem englischen Thanks for the Raid. Das ist leider jetzt auch so, aber... Kokainum. Kokainum. Mr. Blatch, Brother from another mother, ich schicke dir das zu. Oder wahrscheinlich einfach mit. Wahrscheinlich bringe ich es einfach mit. Mal schauen. Und du bekommst natürlich all das, was noch dazugehört. Das heisst Stickerpack. Ein kleines handgeschriebenes Kärtchen von mir. Ja, Autogrammkarte. Sitzen. Stube sitzen. Und dann der SDTLC 100 Subs rausgelassen. Unter anderem. Und du bekommst natürlich von mir noch ein Mystery Chest über, aber man weiss halt nicht, was da drinnen ist. Platsch. Das alles bekommst du von mir und ich sage nochmal Danke für das, dass du dir das gegönnt hast im Merch Store. Und ich sage noch schnell Hallo an Toblerone Toni. Oh mein Gott, oh mein Gott, Toblerone Toni, merci vielmals für den... Wie ist das da? Du führst den Gifted Sub vom SDTLC fort, also du hast auch endlich wieder abonniert und ich danke dir für das. Merci für deinen Support, Toblerone Toni. Mega, mega lieb. Und Carlo Schmettau, ich danke dir für das Abo auf YouTube. Merci vielmals. Getrocknete Bananen. Wild. Chat, es ist wild. Wild. What the bloody father-mocking party is going on here? Is everyone gone bloody nuts? Yeah. Just be like Tony Margaretti. Antonio Margaretti. Hey Chat, übrigens, ich muss mich nochmal schnell bedanken. Vor 2 Minuten ist der Hype-Train durch. Beendet gewesen. Level fucking 14. Chat. Level 14. 160. 161 Subs. Und 12 DSD-Bits. 161. Merci für die Korrektur. Subs. 100. Okay, gifted at here Okay, ich 1 rechne drauf. 162. given 26 Gift Subs in the channel. Gassi, danke dir für den Sub an Bert. Merci vielmals für den Support. Chat macht alles, damit es kein Gameplay vor ja, Mitternacht hey, geben. Leni, 6. Joda, komm 6. 162. Ja. 162. 102. Munch bish crass will bandeli hash. Smile. Ja, bin ich. Ich bin krass, weil ich Bändeli habe. 100. Nein, doch. 162 verschenkte Subs. 11.885 Biddies. Level fucking 14. Level fucking 14. Lieber Chat. I don't... Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker, genau. Da hocken wir an, ja, streamen an einem Samstag, ein normaler Tag. Und dann passiert da, aber Surprise, motherfucker. So, Chat. Listen, loot. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Merci vielmals. Merci vielmals für den ganzen Support, lieber Chat. Kannst es tun? Lissimon.
Listen. What the fuck, man? Chat. Ich kann nicht mehr klar denken, das ist euch schon bewusst. Oder auch ich, Troilina, auch ich bin völlig neben der Schuhe jetzt. Also, Jetzt können wir endlich putzeln. Jetzt können wir endlich putzen. Jetzt habe ich gemeint, jetzt können wir endlich putzen. Da muss ich schon immer machen für den Troy, lieber Chat. Aber wenn wir puzzeln. Hey Bert, Mann, Bert, habe ich dem Bert schon mal den Dings da schütteln? Hey Bert, wie geht's dir? Schön bist du da. Sherlock Holmes, merci vielmals für den Follow. Danke vielmals. Ich bin übrigens Troilina. Ich bin aus einem anderen Multiversum. Genau. Und auch ich bin, wieder merke, gerade ein bisschen neben den Schuhen. Genau. Wollen wir puzzeln, Chat? Chat können wir nicht mehr lesen, oder? Chat lesen wir nicht mehr heute. Da kommen wir nie hin. Da müsst ihr irgendwie, ohne Scheiß Chat. Wenn ich jetzt noch Chat anfangen lesen, dann müsst ihr irgendwie eine halbe Stunde oder so zurück und dort anfangen Chat lesen. Das geht nicht, ne? Chat, das geht nicht. Ich mache jetzt das Puzzle auf. Chat. Schnell schauen. Puzzle Explorer, irgendwie so, Jigsaw Explorer ist es gewesen. Jigsaw Explorer. Wir machen jetzt ein Puzzle zusammen. Also jetzt alle runterkommen, Chat. Alle runterkommen. Sag ich die Troilina, die hübsche Streamerin aus der Schweiz. Runterkommen, genießen. Puzzeln, Chat. Pass auf, dass du nicht zu lang schüttelst, Troilina. Ich schaue immer, beim Bert weiss ich das. So scheiße. Ja. Troilina weiss Bescheid. Sie kann das gut, sie weiss, wenn sie muss aufhören muss. Sie ist Profi. Ja, well, ja, bitte. Is this real, Chat? Merci für das. Hey, denkt an eure Punkte, Chat. Kanalpunkte, Sammelkarten. Wie wär's einmal, Chat? Zum schnell Werbung machen. Habt ihr gewusst, es gibt eine limitierte, nummerierte Franziskuskarte für 150 Kanalpunkte. Aber es interessiert es niemand, oder? Highword. Ja, natürlich sind es 150.000. Chat, ich funktioniere nicht mehr und jetzt bin ich da irgendwo im Weltall draussen. Wo bin ich denn jetzt hier, Chat? Wo bin ich hier? Da bin ich wieder, Chat. Was haben wir da für interessante Bücher da? Okay. Chat, wir wollen puzzeln. Wir wollen puzzeln und ich muss noch ein Bild finden. So ein Bait. Einfach schnell so baiten mit 150 Punkten. 150 Kanalpunkten. So, Chat, ich werde da wieder raus, Chat. Könnt ihr mir schnell helfen? Für so einen musst du Karten verschenken. Oh. Soll ich schnell ein bisschen Sammelkarten verschenken, Chat? Ist das die Idee? Also, Chat, machen wir einen Deal. Hui!
Oh, wo bin ich? Da bin ich. Chat. Holy shit, Mann. Hey, aber das ist ein guter Input, das machen wir jetzt. Chat, das ist das Mindeste, was ich irgendwie umgeben kann. Oh mein Gott. So. Chat, Moment schnell, muss da schnell einstellen. So, da schnell raus, raus. Gut. Also, lieber Chat, ich schenke euch allen eine Sammelkarte. Die könnt ihr echt gratis einlösen jetzt. Mit Ausrufezeichen Sammelkarte, Abstand S1 oder S2 oder 1 oder 2. Geht glaub beides. Und jetzt werden wir da eine halbe Stunde lang die Animation. Aber Chat, ich mache schnell so. Ich mache schnell einen Szenenwechsel. Ganz unauffällig hier rüber. Dann ist die Animation nämlich immer noch so gross, was absolut keinen Sinn macht. Oh, Troy-Karte für Snuffis. Thank you, Troy. Thank you. Thank you, Troy. Hey, sehr gerne. Das ist wirklich das Mindeste, was ich machen kann. Gute Idee. By the way, merci für den Input, Warlock. Ich glaube, so war es gemeint gewesen. Aber so habe ich es auf jeden Fall interpretiert und das ist eine gute Idee. Sehr geil. So, Chat, nochmal schnell Check machen. Ich habe mich für alles bedankt, hoffentlich. Chat habe ich nicht gelesen. Wir gehen ins Puzzle rein, wo wir aktuell nicht sehen. Sieht man es jetzt? Jetzt sieht man es. Let's go. Tired of your old casual mug? Throw that ugly piece of crap in the trash and get yourself a new Troy Hammerin mug from the merch store. And don't miss out on the Epic Warrior clothing or the Pro Gamer mousepad for flawless 360 no-scope headshots. Check out the Troy Hammerin merch store. Link in the profile description. Fienchen, let's go, Chi-Chis. Fienchen hat endlich die Troy-Karte bekommen, die letzte, die ihr noch fehlt. Und jetzt hat sie das Deck komplett. Fienchen, Ausrufezeichen, bestellen, Abstand S1. Ja, S1. Bestellen und so kannst du offiziell dir das Deck bestellen, wenn du das willst. Ich nehme an, das willst du auch. Holy moly. Lot! Hey Freya, grüezi Freya, wie geht's dir? Merci für Pitis, fürs Emote gigantifizieren. Ullen, merci für den Lurk-Support, danke vielmals. Freya, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Holy shit, Freya. I'm so sorry, ich bin gerade ein bisschen nett schon. Es ist gerade ein bisschen viel passiert gerade. Und auch für dich, ich habe gerade für alle Sammelkarten verschenkt, weil wir so einen riesen Hype-Train hatten. Hype-Train, by the way, Hype-Train-Karte. Und einfach Ausrufezeichen, Sammelkarte, Abstand 1 oder 2. Für Season 1 oder 2. Ist eine geschenkt heute, kostet keine Kanalpunkte. Also, claimt euch die. So, und ich versuche da mal irgendwie das Puzzle zum Laufen zu bringen, Chat. Das ist, ich muss mich echt gerade ein bisschen zusammenreissen, dass ich da funktioniere. Play your own phone. Nein. Fienchen, wenn du willst, ich glaube, das sind meine Songs, wenn du willst, kannst du noch mal so eine halbe Stunde anhängen bei den Song Requests. Ist erlaubt. Dann würde ich sagen, da können wir während dem Puzzle noch ein bisschen Dings da hören. Merci vielmals. Chat, ich muss mich echt... Troy, reiss dich schnell zusammen. Wo ist es? Mystery Puzzles? Nein. Create... Ja, okay. Okay, dann muss ich schnell ein Bild aufladen. Dunkelwald. Ich wechsle schnell die Szene. Festheben, Chat, festheben. Nur schnell das Verstecken, das ich jetzt mache. Ich mache jetzt geheime Dinge. Ich hole mir jetzt ein Foto von euch.
Okay. Was für ein wundervoller Tag! Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Nice, Mann. So. So, Chat, schnell schauen, wie das kann. Da. Thank you, Troy, for the gratis chart. Für was? Aber sehr gern. Oh, Juti, sehr gerne. Für die Gratiskarte. Sehr gerne. So, ich nutze schnell den Moment. Sorry. Man sieht es noch. Man sieht es hoffentlich noch. Spielzeughammerkarte. So, Chat. Da muss ich drücken. Mein Name ist Troy. Oi. Ba 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 ba. Ra ba 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 ba. So, lieber Chat, wir haben das Puzzle offen. Ich zeige euch schnell, was das für ein Bild ist. Das ist das schöne Bild, wo wir hier schnell zusammen puzzeln. Es könnte noch tricky sein. Wir haben den lieben Blackjack, den Pascal, den Arti, Fienchen, Barracks und mich auf dem Bild in der Pizzeria. Und jetzt tun wir das zusammensetzen, Chat. Ihr dürft alle reinjoinen. Warlock, bist du noch oben? Könntest du echt... du bist noch oben. Könntest du das schnell pinnen, den Link pinnen, den ich rein gemacht habe zum Puzzle? Das wäre super, mega, giga geil. Und Eugen, Subaru Fippo und Brain, grüezi miteinander. Wie geht's euch? Schön, dass ihr da sind. Und aktuell geht auch das Greenscreen-Dings halt hier nicht. Ich muss da schnell umschalten. Let's go. Wie geht's euch? Wie war eure Woche gewesen? Ich kann euch sagen, der Stream hier, der ist wild. Ja? Also habt euch fest. Heute müsst ihr euch festhaben in meinem Stream. Da wird ich schnell wachsen. Und für all die neu reingekommen sind, joinet doch rein. Der Link ist im Chat. Und dann könnt ihr da einfach mitpuzzeln. Alle dürfen rein. Es ist no pressure, es gibt keine Stats. Auch wenn ihr reinkommt, ein Style setzt, ist alles gut, ist alles Team-Effort, das wir hier machen. Ich glaube, mich braucht es gar nicht. Ich kann ein bisschen Chat lesen währenddessen. Hey Eugen, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut, merci vielmals. Ja, Hyper Racer, weißt du, die Pin-Funktion von Twitch, meine ich? Die kennst ja du sicher auch, Herrgott Tanner. Muss ich dir ja nicht erklären. Möchtet ihr da ein Herzli, Chat? Möchtet ihr da ein Herzli? Oh, ich sehe da, ich habe da den Pascal. Ich habe das Gesicht von Pascal. Geil. Und der Arti. Jetzt könnte man da ganz schnell schauen. Das ist irgendwie ist doch das so. Oh, der Barracks entsteht auch langsam, Chat. Holy moly. Also, ich nutze schnell den Moment. Übrigens, Freya, einfach nochmal schnell zum Erklären. Du hast ja gefragt, was haben wir mit dem Troy gemacht? Hype Train Level 14. Hype Train Level 14. Haben sie mit mir gemacht. Es ist so ein bisschen, ja. Und jetzt sind wir am Puzzeln. Wir sind ein bisschen am Abkommen. Freya, du darfst natürlich auch mit puzzeln, gell? Hey Eugen, das freut mich. Schöne Woche gehabt. Ich bin dann mal im Lurk, lieber. Ganz viel Spaß. Hey Cassie, auch dir nochmals danke vielmals für den Support. Holy shit. Cassie, Ehre, auch nur schon deinen Namen hier im Chat zu lesen, ist mir eine Ehre. Cassie, mach's auch gut. Auch dir viel Spaß. Schön warst du hier.
Coole Woche gehabt und vorher gerade einen coolen Film gesehen im Kino. Oh, welchen? Wo bist du schauen? Chat, und ich sage es immer wieder, aber wenn ihr vor dem jetzt noch etwas ganz Wichtiges geschrieben habt, das ich unbedingt muss lesen muss, schreibt es auch noch mal rein. Ich bin euch nicht böse. Aber es ist wirklich unmöglich, den Chat so ein bisschen nachzulesen im Moment. Aber ich glaube, ab da können wir es wieder probieren. Und dann tue ich gleichzeitig noch ein bisschen puzzeln. So, ich habe noch nichts beitragen zu dem Puzzle, lieber Chat. Wir haben... Okay, da der Rand, das ist langsam dann so der untere. Dann suche ich da noch schnell die Teile. Die Kante. Dunkelkante. Oh, das ist mein Hawaii-Hemdli da. Das ist das Muster von meinem Hawaii-Hemdli. Das finde ich mega speziell, wenn man ein eigenes Foto hat zum Zusammenbauen. Die Ecke haben wir. Können wir noch nicht verbinden. Da noch so eine schwarze Kante, Chat. Ryan, grüezi, merci für den Lurk-Support, Ryan. Und vielleicht hörst du es noch, vielleicht willst du noch schnell antworten. Wie geht's dir, Ryan? Schön, dass du da bist. Und vor allem, die noch reingekommen sind, können wir alle mitpuzzeln. Es braucht alle von euch, Chat. Alle. Einfach URL. Ich weiss jetzt, ich muss schnell schauen. Ist es angepinnt? Sorry, ich habe aktuell wirklich null Überblick. Ne? Null Überblick. Ja, es ist angepinnt. Es ist alles gut, es ist angepinnt. Einfach auf den Link klicken, Namen eingeben, mitpuzzeln. Ganz unkompliziert, alle dürfen mitmachen. Ja, ich bin schon da, Chat. Ich bin halt schon da. Ja, das stimmt etwa da. Ja. Dann brauchen wir Hawaii-Hemdenmuster. Da ist schon der Elon Wishmop ist da schon dran. Da ist, gehört das auch dazu. Schwierig. Oh, gehört das da? Oh, ich will es nicht wegmachen. Auch random habe ich einen gefunden. Oder? Da Hawaii-Hemdenmuster. Und da ist schon jemand genommen. Da haben wir noch mehr. Ich versuche es schnell. Ja, gut. Dann kommt da an. To see me, they'd understand. And everything's made to be broken. Who I am. Da ist noch mal etwas. Wo kommt echt das an den Chat? Ich nehme da schnell. Kommt der da an? Der kommt da an. Let's go. Da haben wir schon Gesichter ein bisschen zusammen. Der Pascal, oder der Jack fehlt noch ein bisschen. Der Pascal habe ich vorhin noch einmal in den Finger gehabt. Pascal habe ich in den Finger gehabt, Chat. Da fehlt uns immer noch so eine Ecke. Wäre das einfach... da, let's go. Jemand hat es gerade gefunden. Jetzt können wir zusammensetzen. Elon Musk. Merci vielmals. Ja, gute Leistung, Elon Musk. Bin stolz. Ja, natürlich eine gute Leistung von euch allen, Chat. Da nehme ich. Da tue ich da hin, Chat. Kann man da noch nicht zusammensetzen? Da? Das wäre wahrscheinlich so. Das wäre die Idee. Oh, nice one. Tun wir da noch schnell rein. Gut. Da haben wir da noch so ein Stirnteil. Da, let's go. Im Blackjack seine Sterne, ganz wichtig, Chat. Oh, Joker bin ich schauen im Kino. Okay, nice. Wie war es, Fippo? Hey, und Kassi, ich weiß nicht, ob du noch siehst, aber danke dir für die netten Worte. Danke. Welchen Polaroid-Apparat hast du mich auf die Idee gebracht, dass ich bei der LAN mit einem Erinnerungsfoto machen kann? Specko, ich habe, das ist jetzt noch schwierig, von Instax, ja, ich sage es euch, Instax Share SP3. Instax Share SP3. Aber
Ich habe das Modell gekauft, weil ich das mit WLAN kann verbinden kann. Aber ich kann für den ganz normalen Zweck das Gerät nicht empfehlen. Wenn du es mitnehmen als Hero Fest und Fotos ausdrucken, nimm dir eine andere Version, die nicht über WLAN verbindest. Eine von den neueren. Das ist tatsächlich auch eine ältere Version. Aber ich habe auch die genommen, weil ich halt das in die Automatisation ich kann einbinden kann. Das ist ein schwieriges Wort, Chat. Automatisation. So, Jack ist ja schon fast zusammengesetzt. Da habe ich noch ein Ohr gefunden. Wo gehört echt das Ohr hin? Das gehört da. Da habe ich noch die Ohren. Das Fienchen ist gerade auch am Ohr dran. Da habe ich noch mal ein Ohr. Habe ich schon... meine Ohren sind nicht drauf, Chat. Ich habe das Gefühl, ist das Ohr vom... Ist das Ohr vom Pass... Oh, sorry, ich kann nicht alles bewegen. Das sind ein bisschen viel. Ich drücke jetzt auch mal auf das Knöpfchen Chat. Ich glaube, das ist nur bei mir, dass es jetzt hier Teile verräumt. Gut, wäre mich selbst true. Aber Specko, ich hoffe, das hat als Antwort geholfen. Ich sage es auch, nimm nicht das Modell, das ich habe, weil das macht keinen Sinn wahrscheinlich für dich. Nimm eines von den neueren Modellen, aber du kannst sicher mal schauen, Instax. Instax Marke Fujifilm. Schau dort mal, was die neuen Modelle so können und dann wähl dir dort etwas aus. Es gibt auch verschiedene Formate, da musst du vielleicht noch ein bisschen schauen. Auf dem Puzzle sperre so ein Fienchen, ja Flöro, was ist es so? Treu, das ist ein Trick, das nicht mehr so viel schreiben. Richtung Jenny. Ja. Natürlich, also logischerweise, es ist also ein Trick, es ist eine Win-Win-Situation, sind wir ehrlich, oder? Es ist nicht so, dass ich euch auch los habe, aber zum schnell ein bisschen runterfahren und alle haben Spass dann noch gleichzeitig, ist es halt schon genial. Was haben wir da? Ich glaube, das gehört irgendjemand da in die Region, oder nicht? Schwierig. Da ist ein Dunkler, der muss doch da noch einmal rein, Chat. Das ist ein bisschen im Weg. Ich finde die Teile nicht, die ich suche, Chat. Und ich bin der Meinung, immer wenn ich ein Teil suche und ich finde es nicht, dann hat es den Calls versteckt. Wenn man Teile verstecken kann, wenn man da das Händchen nimmt und dann das Teil nimmt, dann ist es auch weg. Ja? Und niemand sieht es mehr. Also ich glaube, so funktioniert es auf jeden Fall. Ich sehe schon wieder Puzzle, das wird ein Trend. Hey, true. Joker ist tipptopp im Kino. Okay, nice. Flöro. Muss ich mal schauen, ob ich mir den auch noch gebe. Also, Moment jetzt, aber ist es ein Kinofilm oder ist es auch Joker in dem Sinn im Kino geschaut? Das ist jetzt die Frage. Ich habe es halt noch nicht geschaut. Aber ist das wirklich ein Kinofilm oder ist es auch im Kino ausgestrahlt worden? Von mir gibt es 8 von 10 Treu. Okay. Das klingt schon mal gut. Automatisation. Da lernt man eben noch richtig reden. Sehr gern, Specko, sehr gern. Die verdammten Huren Schleifbirnen. Ja, jetzt aber. An die Personen, die alles auf einen Haufen packen, hört doch auf, Mann. Ja, aber im Fall einfach... Ich muss euch unbedingt noch etwas zeigen. Also, ihr könnt ja mal vergleichen, wie es bei mir jetzt aussieht und wie es bei euch aussieht. Aber das ist je nach Fenstergrösse sind Positionen komplett anders. Also, vielleicht ist es eben nicht wirklich der Fall von den anderen. Es ist auch irgendwie so, wie es halt funktioniert, was ein bisschen doof ist. Ich glaube, das ist nicht absichtlich. Ja, manchmal hat es Darstellungsprobleme. Vielleicht auch ab und zu F5 drücken hilft auch. Wer versteckt immer am Troy Perix im Troy Kopf? him not bloody hard tiles him not even taking part of this puzzle. The heck? Es ist true. So gut, Karls. Merci für den Input. Ich könnte aber im Mitte drücken, damit die auseinander nimmt. Ja, das und...
Aber es nimmt nicht alle. Das ist eben auch, ich verstehe das Prinzip noch nicht. Alle, die da jetzt in der Mitte auf dem einen Haufen liegen, da, ja, wo der Barracks verdeckt, die tut es nicht verschieben. So, Chat, ich gebe mir jetzt auch noch schnell ein bisschen Mühe. Und für da muss ich jetzt auch wirklich da schnell ein bisschen auseinandernehmen. Ich bin aber nicht der Einzige, der das macht, das finde ich gut. Gut. Jetzt habe ich das Puzzle gepackt. Das ist auch immer so ein Moment. Da ist ja der... Jetzt könnt doch der Barracks auch mal komplettieren, Mann. Einfach im Barracks sein Gesicht ist auch irgendjemand, oder? Einfach irgendjemand. Geiler Song, by the way. Geiler Song. Love it. Schnell schauen, wo gehört das? Ah, das gehört da oben. Das ist... Ja, das habe ich nehmen. Das gehört irgendjemand da hin, oder? Da, let's go! Da ist sogar noch ein Teil von der Haare von der Fienchen ist noch dran gewesen. Ist noch dran geklebt, Chat. Das sieht komisch aus. Ist da... Oh nein, okay, das ist so, wie es ist. Ah, ich will nicht das Puzzle nehmen. Siehst du da was, Chat? Let's go. So ein Grau. Genau das suche ich. Genau das suche ich, Chat. Wer verdeckt jetzt wieder meinen Kopf, Mann? Verdeckt doch nicht meinen Kopf. Wer ist das? Wer ist das? Ich finde es raus, Chat. Irgendwann, ich finde es raus. Ich finde es raus. Ich finde es raus. Ich finde es raus. Jetzt hört mal auf mit dem Seich. Ihr seid so blöd. Wieso verdeckt ihr immer den Kopf? Ah, Chat, Mann. So, ich setze jetzt hier den Tisch noch schnell zusammen. Hey, lieber Chat, machen wir jetzt. So, der kommt da hin. Tisch da. Der kommt. Das ist nicht Tisch, das ist da oben noch einmal. So, die eine Person, die nicht aufgeht, meinen Kopf immer zu verdecken. Chat, Mann. Aber ich mache das gut. Ich bin stolz auf euch. Ich mache jetzt auch noch ein bisschen mit, Chat. Ja, auch noch ein bisschen. So. Oh, yep. Let's go. So. Chat, ich frage mich langsam, ob das jemand von euch ist. Ist das jemand von euch? Ist das jemand von euch? Der Anti-Puzzler, ist das jemand von euch, Chat? Okay. Wir haben es geschafft, Chat. Let's fucking go. Let's go. Findet an den Pinchen nicht ihre Pulli? Hey, GG's. Sehr geil, Chat. Aber ich frage mich immer, ist der Anti-Puzzler jemand von euch? Es kann ja auch sein, dass es irgendwie so wie ein Bot ist, wo dann wirklich auch Seich machen kann. Viertag has left the gamer Chat. Wir haben gesagt, ein Puzzle. Sicher jemand von uns. Ich nehme es auch an. Bei mir ist es nicht ganz. Oh, da hast du einen Desync. Aber hey, Highway Racer, das, was da on Stream ist, das gilt. Wir haben es gemeinsam geschafft. Ich habe am wenigsten dazu beitragen. Haben wir gesagt, 2 Puzzles. Also, machen wir noch schnell, machen wir das. Noch ein Puzzle. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Song-Requests. Also von dem her. Chat, bitte schnell abstimmen. Twitch-Umfrage.
Puzzle, ja oder nein? Machen wir noch das zweites, ja oder nein? Aber dann würde ich sagen, spätestens nach dem nächsten Puzzle gehen wir dann richtig Gameplay, damit wir noch ein bisschen Zeit haben und so. Aber dann schauen wir mal schon. Es ist ausgeglichen, es ist relativ ausgeglichen. Von uns. Die Frage ist jetzt, soll ich noch mal ein Foto holen? Es sieht dann aus, als würden wir es machen. Soll ich noch mal ein Foto holen vom Hero Fest? Ich schaue mal schnell durch, ob ich gerade ein geiles Foto vom Hero Fest sehe. Ich habe es gefunden. I'm so sorry, Bounce, aber das muss jetzt sein. Bounce, irgendwie hoffe ich, dass du dumm bist, aber irgendwie hoffe ich auch, dass du nicht dumm bist. Die dabei waren, die wir die Fotos angeschaut haben, Chat vom Hero Fest. Für die es gesehen haben, was für ein tolles Foto. Also man hat mehrere mit dem Bounce. Wenn ihr die gesehen habt, wisst ihr ganz genau, welches ich jetzt nehme. Das wird der absolute Burner. Absolute Burner-Chat. Jetzt muss ich es nur noch finden, Mann. Wo ist das jetzt hin? Das ist so gut. Das ist so gut. So gut. Haben wir... Oh, schnell schauen. Ja. Okay. Wir machen nochmal eins. Du hast schnell vorbereitet, Chat. Give me a sec. Und lieber Chat, für die, die es wundern, weil letztes Mal habe ich ja gesagt, man kann das gar nicht, man kann keine Custom Puzzles zusammen machen. Ja, es ist halt, ich habe es halt nicht gecheckt. Wenn ihr ein Custom Puzzle machen mit anderen Leuten, müsst ihr nicht auf Play Your Own Photo, sondern Create a Custom Puzzle. Das ist aber der Fehler, den ich gemacht habe. Dann müsst ihr euch ein Foto irgendwann aufladen. Moment. Das ist echt ein Foto irgendwann aufladen. Die URL eingeben. Let's go. Geiler Song. Geiler Song. Chat. So. Und dann kommen wir auf die Ansicht und dann könnt ihr auch sagen, wie viele Teile. Und da machen wir jetzt ein bisschen tricky, Chat. Seht ihr das Foto? Ja, wobei, das können wir schon, das schaffen wir schon, Chat, oder? Das machen wir. So, Chat, einmal Link zum Puzzeln. Weiß nicht, wie man das schreibt. Games with my heart. With my heart. Lieber Warlock, wenn du noch oben bist oder sonst ein Mod, gerne wieder anpinnen. Link im Chat, lieber Chat, einmal auf den Link klicken, einmal den Namen eingeben und mitpuzzeln. Und mein Gesicht ist einfach direkt zusammengesetzt, Chat. Ja? Gute Wahl. Und Marachu, merci für den Follow. Und wie geht's dir? Wie geht's dir, Marachu? Und du darfst auch gerne direkt mitpuzzeln. Alle dürfen rein, Chat. Alle dürfen rein. Und ich gehe da noch schnell mein OBS managen. Quit playing games with my heart. With my heart. No, from the start. Merci übrigens fürs Anpinnen, das hat geklappt. Let's go. Sehr geil. Sehr, sehr geile Emotion, Chat.
Der Bounce in sein Gesicht ist halt auch schon zusammen. Aber der Rest könnte tricky werden. Wir haben hier viel Weiss tatsächlich. Hey, mein Gesicht bleibt jetzt da, Chat. Das bleibt da. Ja? Nicht wegschieben. Da haben wir noch eine Hand. Wo kommt das hin? Ja, das ist ein Bounce seine Hand. Das wäre irgendwann da unten dann. Chat, ich lese noch schnell. Das Mami-Foto, nein, ja, das halt, wo er so geil reinschaut, der Bounce, Mann. Findest du, wir lassen die Song-Requests noch schnell ein bisschen laufen, mal schauen, wie weit wir kommen. Absolute Burner Carnage, absolut richtig. With my heart. Fippo voll am Abgehen im Chat, holy shit. Skizzi. Da muss ich gerade schnell Musik pausieren. Gell? 790 Bits. Merci vielmals für deinen Support, zuerst mal. Aber wieso denn nicht 279 Bits? Du hast jetzt die Chance verpasst, Skizzi. Hey, merci vielmals für den Support, Skizzi. Danke vielmals. Appreciated, hä? Kappa. Das Geile ist, ich mache einfach nichts. Ich mache einfach nichts. I'm so sorry, Chat. Hey, Schweizer Streamer respektive Fenty, oder Fenty? Merci vielmals für den Resub im 26. Monat. Fenty, wie hast du es? Und merci vielmals für den Support. He? Schön bist du da. Wie geht's dir? Lise, ich verabschiede mich mal. Viel Spaß noch und morgen einen angenehmen Sonntag und denkt an die Zeitumstellung heute Nacht. Oh, bekommen wir eine Stunde dazu oder fällt eine weg, Chat? Das habe ich ganz vergessen. Das heisst, wir haben je nachdem eine Stunde weniger oder mehr Gameplay. Lise, aber schlaf gut. Und Lise, bevor die Otter ins Traumland segeln, möchten sie dir eine gute Nacht wünschen. Möge dein Schlaf so genauso magisch sein wie Sailor Moon und so funkelnd wie Glühwürmchen. Träum süß. Hey, Lizzie, mach's gut. Und ich freue mich schon auf den nächsten Kuchen mit dir. Eine Stunde zurück. Let's go. Let's fucking go. Wir haben 1 Stunde mehr Gameplay. Warlock, let's fucking go. Das ist geil. Das ist die schöne Zeitumstellung. Die andere ist aber scheiße. Aber Chat, was meint ihr? Zeitumstellung ja oder nein? Eins für ja, 2 für nein, Chat. Ist die Zeitumstellung cool? 1. Findet ihr das völlig sinnlos und mühsam? 2. Ich habe gerade wir sind da schon ein bisschen das Muster am Zusammentragen. Hawaii-Hemden-Muster, mal schnell schauen. Können wir noch nicht zusammensetzen. Yeah. Da habe ich einen verwünscht, Chat. Da haben wir auch schon angefangen zusammensetzen, da oben. Ja, viele 2. Das finde ich interessant, aber ich bin auch dieser Meinung. Wirklich, ich finde es halt auch so. Wir bekommen eine Stunde Minimum, hat es mir so erklärt. Spring forward, fall back. Das ist aber nice. Das ist nice. Das ist eine geile Eselsbrücke. I like. Wow, wie ihr es nicht gecheckt habt. Oh, wait a second. Skizzy, merci für weitere 279 Bits. Das habe ich völlig verpasst. I'm so sorry. Danke vielmals für... Nein, jetzt habe ich die nicht beten, gell? Ich habe die jetzt nicht beten. Skizzy, Mann. Beit mich mehr. Traust du die nicht? Nein, so bin ich nicht. Ich kann das nicht einmal. Auch wenn ich es jetzt würde absichtlich machen, ich könnte es nicht. Das würde ich nicht hinbringen. Eins jeden Monat eine Stunde zurück. Ja gut, das ist das andere, was man machen könnte. Aber auch Dave, Jenny, Carnage Rage, Feta,
Speck und Mutti sagen alle, nein, ist nicht cool. Mr. Blatch sagt, 1, ja, ist cool von 2-mal cool. 1 von 2-mal cool, ja, okay. Ja, ist es so. Aber ich bin eben auch der Meinung, ich glaube, wir können es abschaffen. Ich glaube, mich würde es nicht stören. Ja, klar wird es dann so ein bisschen, es ist dann so Zeiten dunkel, aber hast du ja auch sonst. Ja, im Winter ist es dunkel, wenn du am Arbeiten bist am Abend. Das spielt auch keine Rolle mehr, ob man jetzt da die Zeiten noch ein bisschen umschiebt. Ich kann es mir so merken, Sommerzeit gleich Gartenmöbel nach draußen 1 Stunde vor und Winterzeit Gartenmöbel kommen wieder zurück 1 Stunde zurück. Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Meine Schwester findet es nice, sie hat einen Stunde mehr Geburt. Ja, okay, so viel gibt es natürlich auch noch. Das finde ich irgendwie noch ein geiler Gedanke. Ja, das ist definitiv so. Ich bin da schon fast komplett. Haben wir, da. Das ist irgendjemand da hinten. Da gehört sicher da hin. Invaders. Big powers. Hypnotize and magic fruit. Die Fantasies. So, Chat, ich muss mich ein bisschen mehr beteiligen. Das ist da, was ich bis jetzt am wenigsten gemacht habe, mich am Puzzle beteiligen. Die Schuhe, okay. Was ist denn da verrückt? Da, schnell schauen. Das ist da, das ist irgendwie in dieser Region. Das heisst, es gehört da. Let's go. Da ist nochmal ein Teil von mir. Gehört das auch nicht? Und da oben? Oh, let's go. Da, Hawaii-Hemden-Muster. Da, wo ist echt der? Ich schaue immer, das ist nicht eine, das ist eine. I guess. Jetzt bin ich einfach wieder da auf die Seite geschoben worden, Chat. Ich bin jetzt so frech und schiebe mich wieder retour. Oh, okay, das habe ich wollen. Da, das kommt da hin. Da, der obere Teil vom Gesicht, let's go. Und jetzt kann man doch schon gleich verbinden, oder nicht? Ja, die Hand kommt noch nicht. Da, die Hand. Wo ist denn die Hand hier? Und jetzt irgendwann. Da, jetzt ist es verbunden. Let's go. Ich glaube, das kommt da hin. Da. Das sieht aus, als würde es irgendwie da in diese Region hineingehören, oder? Oh, ich habe es sogar verwünscht. Let's go. Was hat der Bounce für Hosen an? Okay, so beige. Das heisst, beige, das ist der Bounce. So, gute Nacht jetzt, Lizzie. Bye bye, tschüss. Apropos Alan Wake, wann spielst du eigentlich das zweite DLC? Das ist jetzt ein Witz, oder? Das ist jetzt ein Witz. Das ist jetzt ein Diss, oder? Wenn ich jetzt sage heute, ist es definitiv gelogen. Darum sage ich morgen. Avalon, ich sage morgen. Morgen spiele ich das. Respektive, sobald wir das Puzzle fertig haben, spiele ich es. Ja, dann ist es soweit. Ich greife jetzt random ein Piece und versuche es einzusetzen und habe keinen Erfolg. Aber Bounce, hättest du nicht einfach Hosen anlegen können, die noch irgendwie ein Muster drauf hätten?
Es wäre doch viel einfacher gewesen für uns alle Bounce. Da, 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 da. Oh, wo bin ich da? Wo bin ich da? Ich setze mal Frauen zusammen. Wieso setzt du Frauen zusammen? Siri, grüezi, grüezi. Wie hast du es? Wenn es dich wundert nicht, wir haben ein Foto von der LAN in Server geschickt. Eine mega schöne Frau neben mir. Ui. Muss jetzt schnell, also ein Discord-Server. muss ich schnell schauen. I need you. Ui, die Fotos da. Holy moly, jetzt aber. Oh, der Speck hat da noch eins geschickt, gesehen ich gerade. Oh, schau mal an. All die tollen Leute, Mann. Die tollen Leute. Hey, mega cooles Foto. Mega cooles Foto. Aber mega schön eingerichtet. Land. Chat, ich rede jetzt davon, ich werde das Puzzle nicht ausblenden, aber im Discord sind noch Fotos reingekommen von der Landsburg. Mega cool. Mega cool. Und alle, die noch neu reingekommen sind, klickt auf den Link, es angepinnt sein, können mitpuzzeln. Jetzt werden Plätze austauscht, oder? Mit den 2 Bildschirmen übereinander bin ich. Okay. Das bist du. Okay. Ich werde hier noch ein Stückchen Hose zusammenbasteln von mir. Let's go. Ah, das war aber Schuhe. Jetzt kein Stückchen Hose mehr von mir. Ich bin zu blöd für zum Puzzle gerade. Oh, ein Stückchen Hose vom Viertagkäse. Jetzt ist noch ein Schuh von mir rum. Chat, ich muss den Schuh finden. Findest du nicht den Schuh gefunden? Gut, dann tue ich den Schuh noch komplettieren. Auftrag Schuh komplettieren. Das ist nicht da, wo ich suche. Okay, findest du nicht den Schuh komplettiert? Chat, ich habe nichts mehr zu tun. Ich bin arbeitslos geworden. Chat, meinen Schuh kann ich auch. Das ist es doch, oder? Hä? Nein, das ist es nicht. Was mache ich eigentlich? Ich bin verwirrt, Chat. Was ist denn das? Das gehört da an. Okay. Ist das da mein Schuh? Ah, der Schuh ist auch komplett. Oh mein Gott. Ich darf bei diesem Puzzle nicht mitmachen, sonst nehme ich euch den ganzen Spalt. Ja, so ein Seich. Bist du so gut? Also, dann werden wir es aber sehen, Skizze. Gut, jetzt ist nicht mehr viel rum, gell? Gut, jetzt ist aber vor allem der tricky Part ist jetzt noch rum, ja? Ich muss da schnell ein bisschen Teile wegnehmen, die da oben drauf liegen. Shit, I'm so sorry. Ich muss da schnell ein bisschen einen Überblick haben. La. Der Nickmann ist halt der Bounce am Zusammensetzen. Kommt das nicht an? Ist das falsch? Ah, das ist eher da. Ja? Ich weiß es nicht, Chat. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Bounce hat einfach absichtlich so Hosen angelegt, die die gleiche Farbe haben wie die Teile von der Wand am Hero Fest. Einfach so uns das Leben ein bisschen schwieriger machen. So, anderes Prinzip, Chat. Anderes Prinzip. Da tue ich mal jetzt einfach hier hin. Einfach weil ich gedacht habe, hey, das muss es sein. Oh, ich wollte es nicht packen, sorry. Wo gehört denn der da hin?
Let's go. Zack. Passt nicht. Okay, sorry. Passt nicht. Oh, und Schmarz und Kluger rühren sie miteinander. Sorry, Schmarz, das ist so spät gesehen. Schmarz, wie geht's dir? Klug, wie geht's dir? Troy, er sieht aus wie der Troy, klingt wie der Troy, aber er spielt. Ich finde das interessant, dass der das kategorisiert als Gameplay. Das ist natürlich sehr wertvoll zu wissen, dass das Gameplay ist, was ich da mache. Chat. So, Chat, ich als letzter Teil. Und ich lasse jetzt das nicht los. Ich will der sein, der es als letztes einsetzt. Dean, ich bin kein Trollfienchen, hat sie eingesetzt. Und jetzt sind wir da zu dritt und haben ein Stand-off. Stand-off, Chat. Aha, bei mir ist es noch nicht fertig, ihr geht schon raus. Ja, es war ein Design, weil ich das Teil in der Hand hatte und irgendjemand hat es endlich schon eingesetzt. Und als ich es losgelassen habe, sind alle noch draufgerutscht. Let's go. Oh, hey, Chichis, Chat, ihr habt 95% von der Arbeit geleistet. Wenn nicht mehr. Und Rina, grüezi. Chichi und Halli, hallo, ihr lieben Rina, wie geht's dir? Wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Überprüf nochmal den Kanal, da es hier sonst kein Gameplay gibt. Ja, hab dich fest, wenn du jetzt das Gefühl hast, es gibt kein Gameplay. Ja? Wenn du jetzt das Gefühl hast, es gibt kein Gameplay. Lieber Klo. Hm? Dann halte dich jetzt fest, ne? Oh. Ja, der Clou weiss schon, wie er da die 4 Minuten noch füllen kann, oder? Hey Clou, merci vielmals für den Resub. Im 22. Monat. Danke vielmals für deinen Support. Holy shit, Clou. Ist das ein Farmer? Ich habe zum Schluss das ganze Bild genommen und passend auf das haltende Teil geschoben. Ohne Scheiß. Der Carnage ist halt, das ist so. Das ist ein gescheiter Dude. Noch ist nicht Mitternacht. Ja, also es wird jetzt halt knapp. Also es wird tatsächlich ein bisschen knapp mit dem Gameplay. Ne? Wird halt wirklich knapp. Chevron 6 is holding. Chevron 6 is locked in place. This is as far as we have ever been able to get. No, God! No, God, please, no! 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 Ihr könnt es nicht verhindern, Chat. Ihr könnt es nicht verhindern. Jetzt gibt es... Okay, nice one. Ron, come on. Ron. Gugus gsi, Gugus geblieben. Ach, Chat, ich habe euch auch lieb. Schnell schauen, ja, es ist halt nichts, oder? Gibt halt nichts. Ist alles nur heisse Luft gewesen, Chat? Oder vielleicht eben nicht. Schnell schauen, wir müssen einfach ein Alan Wake rein, oder? So wie letztes Mal. Und dann steht das DLC irgendwann, Chat. Oh, haben wir noch Ton? Haben wir noch Musik hier? Schon witzig war, dass ich genau diese Gameplay-Karte ziehe. Das war wirklich nice gewesen. Hey, John Wong und Mary. Mary grüezi, John Wong. Moin, moin. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wie geht's euch? Wie geht's euch beiden? Schön, dass ihr hier seid.
Troy Clue is only bloody here to scan for father mocking bots, priests and other bad guys. Just bloody act normal and humble. Okay, The normal, heck? normal and humble. Don't act Okay. stupid. Okay, No. sorry. No. Don't. Bloody stop it. Lord God Thunder, stop it. Stop it. Love you too, asshole. What? Jesus Christ. Chat. Oh, Leni. Wiggly, 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 just a little bit. Wirklich, just a little bit, Chat. Just a little bit. Ich frage mich gerade, wieso ich keinen Ton habe. Das ist da, wo mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich müsste doch Ton haben, oder, Chat? Müsste ich denn nicht Ton? Shut up. I'll show you the herald of darkness. Ich muss da mal schnell wieder Musik reinmachen. Wieso zum Teufel, Chat? Geil! Wieso sehen wir da nichts? Wieso kommt da keine Musik? Also, ja, die Musik kommt ja von mir. Clearly now the rain is gone. Chat, das Universum will nicht, dass wir Gameplay machen. Will es nicht? Wir haben keinen Ton. Wieso haben wir keinen Ton? Oh no. Ich will nicht, Chat. Ich will nicht. A few minutes later. Chat, ist der Troy wieder unfähig? Ist der Troy unfähig? Er liest nicht einmal Chat. Er ist komplett verwirrt. Er liest nicht einmal den Chat. Jetzt mache ich das schnell für euch. Also, Chat, ich bin für euch da. Troylina, die hübsche Streamerin, ist immer für euch da. Ich habe im Fall die Fanseite updated heute. Fienchen hat die Fanseite updated. Fienchen, willst du das reinschicken? Du darfst das gerne reinschicken. Carnage, hi. Bei Schnecke hast du den Sound. Nein, der Troy hat es kaputt gemacht. Ich muss es jetzt fixen für den Troy. Das einzige Gameplay, das ich gesehen habe, ist Black Ops 6. Ja, habe ich mit dem Bounce ein bisschen zocken gehabt, letzte in seinem Stream. Ich gehe schnell den Dude bei Alzago nerven, weil ich gehe eine weitere Umarmung verteilen vom Troy. Okay. Die Umarmungen nehmen ihren Lauf, Chat. Ich bin seit 2 Wochen krank, kleine Grippe, die mich so fertig macht wie noch nie in meinen 52 Jahren. Oh no, John Wong. Ich wünsche dir eine ganz gute Besserung. Ne? Fühl dich gedrückt, aber nicht zu fest. Ne? Und so, weißt du, was ich meine? Aber hey, 2 Wochen, holy shit. Ist aber dann nicht eine kleine Grippe, ist dann schon eher eine größere Grippe, John. Holy shit. Und gute Nacht, Luna Lovegood. SDTLC, natürlich gute Nacht, SDTLC. Mögen deine Träume so bunt sein wie Crumplehorned Snorkax. Lass die Lichtschwerter der Nacht dir Schutz bieten, während du in ferne Welten driftest. Schlaf gut, hey SDTLC. Nochmal danke. Also, ich weiss nicht, wie ich mehr soll danke sagen als da. Ich bin immer noch Troylina, habe ich gerade gemerkt. SDTLC. Danke vielmals für die viele verschenkte Subs heute. Es ist abartig, einfach ein 100er Sub-Bomber reinhaben und so. SDTLC, merci vielmals und schlaf ganz gut. Luna Lovegood. SDTLC. Schönen Sonntag dir und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye, tschüss. Doch, es wird jetzt gerade klappen. Jetzt hat Troylina jetzt nicht behoben. Ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Ja. Wir haben die Challenges im Leben aber es ist alles gut. Troylina, die hübsche und talentierte Städti. Troylina, mach doch bitte mal den Game Sound an. Ja, hat sie es jetzt nicht gemacht? Chat, muss ich es jetzt machen? Hey, ich weiss nicht, wo der Game Sound ist. Ich habe keine Ahnung, Chat.
Aber wir finden das noch raus, Chat. Ich gehe jetzt schnell schauen. Cam Link 2. Okay, das ist interesting. Cam Link 2 Filter. Ja, ich frage mich jetzt gerade, habt ihr Sound? Habe ich ihn einfach nicht? Ja, also Moment schnell. Das müssen wir natürlich, da muss ich schnell die Musik abstellen. Hören ihr irgendetwas, Chat? Nein. Nein, ihr hört unter Pro auch nicht. Nope. Das ist also nicht nur bei mir, das ist bei beiden. Das heisst, es kommt kein Sound an. Okay, wait a second. Schnell schauen, HDMI einfach mal schnell neu verbinden. Listen. Es gab ein neues Update. Geh mal in PS-Einstellungen dann. Aha. Oh, hey, okay, let's go. Highway Racer. Das sind die guten Inputs. Aber ich glaube, du hast recht. Das ist das Einzige, was irgendwie noch Sinn machen würde. In die Einstellungen. Dann machen wir da wieder ein bisschen Musik. Ton. Ja, shit. Es ist eigentlich auf HDMI. Das macht ja keinen Unterschied. Chat, ich glaube, es gibt auch kein Gameplay mehr heute. Schnell überlegen. Think. Ich mache schnell einen Test. Etwas hören, wenn ich es anders mache. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Oh, okay, Ton hätte ich theoretisch. Also Ton kommt da, aber OBS bekommt den Ton nicht. Dann tue ich. Probiere ich schnell etwas, Chat. Oh, shit. Oh, okay, ich hasse es. Es ist nicht schlimm, Chat. Es ist nicht schlimm, aber ich muss eigentlich über alle Einstellungen gehen. Ich hab's, Chat. Ich hab's. Ich hab's great gehört. Chat, wir haben Ton, wir haben Sound. Alan Wake. Und es ist 7 ab Mitternacht und wir sind noch nicht drin. Und jetzt gehen wir auf Erweiterung. The Lake House. Das Haus am See, Chat, sie haben es korrigiert. Bin ich jetzt auch ein bisschen enttäuscht. Ich hoffe, sie haben es nicht korrigiert. Ich hoffe, es steht immer noch der Haus am See. So, jetzt muss ich schnell Chat lesen. Genau, das habe ich schon gelöst. Egal. Kannst du einfach noch ein bisschen was erzählen. Ja, das hätte ich gemacht, aber jetzt haben wir Ton. Okay, super. Ich kann mir vorstellen, was es war. Ich kann es schnell erklären. Wahrscheinlich ist es nicht da. Ich habe meine Capture Card. Ich habe irgendwie ein Problem in den vergangenen Tagen mit der Capture Card und habe die Treiber für Capture Card noch installiert. Das heisst, die Devices, die Audio-Devices, die ich endlich im OBS ansteuere, haben eine neue ID bekommen. Was heisst, das hat sie auch auf Default zurückgesetzt. Das heisst, unter Cam Link 2, was bei mir PS5 ist, habe ich keinen Ton mehr gehabt, weil es halt auf dem falschen Kanal war. Das Haus am See, Peter Fox, let's go. Hast alles wieder umstellen. Zur Ablenkung hatte ich erwähnen können, dass ich vorhin einen Title Screen als Pixel Art für ein Fangame von wem fertiggestellt habe. Oha. Jetzt muss ich noch schnell schauen. Ich habe Fienchen noch den Link hineingeschickt. Chat. Ich tue es noch mal schnell wiederholen für euch. Da. Bevor es jetzt losgeht, gehen wir da noch mal schnell drauf. Chat. Das muss jetzt also schon sein. Ja? Es gibt Dinge, die müssen sein. Vor Yoda. Gameplay. A myth, it is. No. Troy's true game. Reading chat all night, it seems. The Just Chatting Simulator, Chat.
Das wäre so. Stellt euch vor, es kommt irgendein Game raus, das heisst Just Chatting Simulator. Ne? Da würde in meinem Stream das Universum implodieren. In dem Moment. Wix, Sass, come on. Wix, Chat. Ja, jeder soll wichsen, was er will. Schaut mal an. Ja, der Mjölnir. Willkommen auf der bestesten Treuhammeren-Fanseite. Die Nummer 1 Fanseite. Da ein Foto von der Fantasy Basel 2023. Ui, oh mein Gott, Chat. Treuester Fan, Preis. Ja, Troy hat heute, 7.7.24, im Stream angekündigt, dass er die beste Fanseite sucht. Ja, das ist wahr. Das haben wir, glaube ich, schon mal gelesen. Das ist neu. Troy war dieses Jahr wieder am Hero Fest und hat ganz viele Fotos mit Fans und Freunden gemacht. Oh, hey, Fienchen. Ich weiß nicht, ob ich das Foto habe. Darf ich das Foto noch hoch auflösen? Das wäre mega lieb. Oder ist das vielleicht sogar... Vielleicht ist das sogar schon hochauflösend. Vielleicht hast du es noch hochauflösender. Das wäre mega nice. Ich weiß nicht, ob ich da schon eine Sammlung habe. Ja, da, wo ich geschenkt bekomme. Also, da ist noch Text. Wait a second. Treu, Fienchen und Freunde, Special Guest Franziskus Lookalike. Treues Geschenk, eine Wechselpuppe von Treu und Treulina. Ja, true. Ja, Treu und Fienchen am Hero Fest 2024. Nice. Road to 1700 Followers. Treu hat die 1600 Follower auf Twitch vor kurzem endlich erreicht. Folge ihm jetzt und sei am Samstag um ca. 19 Uhr beim nächsten Stream dabei. Merch verlinkt. Oha. OnlyFans ist auch verlinkt. Sehr gut. Nice one. Die neuesten News bekommst du auf Troy's Discord. Das ist auch mega nice. Fienchen, hä? Ehre. Also mit Joke raus entstanden, aber irgendwie habe ich halt schon mega Freude an dem. Dass die Seite existiert, finde ich mega schön. Chat, wie findet ihr es? Wenn ihr Freude habt, dann habt Freude. Schreibt ihnen, ich habe Freude. Und wenn ihr nicht Freude habt, dann sagt einfach bitte nicht. Dann sind ihr auch eifersüchtig. So sieht es dann aus. Troy, kurze Frage. Hast du den gemachten Treuhammer kein Plüschtierli? Hast du einen gemachten Treuhammer kein Plüschtierli? Also ich habe einen Plüschhammer von mir, den ich von der Freya bekommen habe. Aber sonst habe ich nur eine kleine Version 3D gedruckt von meinem Hammer. Das habe ich. Aber ich habe das mal in Angriff nehmen, so einen 1:1 Hammer, der 3D gedruckt ist. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Es gibt sie. Ich habe Freude. Ich habe Freude. Ich habe Freude. An euch. Hey, okay, nein, es ist wirklich... Edmund Freude. Einfach bitte nichts. So, Chat. Ein grosses Treuhammerli. Und falls es dich wundernimmt, habe ich ein Foto gefunden von meinem jetzigen Puzzle. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, Freya, du sagst es. Wir gehen jetzt in dieses Gameplay rein. Ich drücke mich einfach davor, weil ich weiss, ich kann es nachher nicht. Warnung, bist du sicher, wenn du von diesem Menü aus die Erweiterung lädst, wird dein Fortschritt im bestehenden Schnellspeicherplatz der Erweiterung... Ja, natürlich. Chat, natürlich. Und ich sehe es sogar nicht. This isn't the Bureau's first time in Bright Falls. 1970, 76, 8. Last one was in 2010. Wieso redet ich jetzt da genau? It's not exactly clockwork, but this town sees way more altered world events than most. We knew it was just a matter of time before the lake acted up again. After the AWE in 2010, the FBC's research department set up a facility, the Lake House, to study the Threshold and Cauldron Lake, find better ways to contain the entity inside. Your tax dollars at work.
When we detected a spike in paranatural activity at Cauldron Lake, before I even knew you were on this case, Saga, the lake house was my first stop. Spielen wir die Saga eigentlich? They could spare some help, maybe give us some intel on the situation. If I had any clue what was waiting for us in there, Saga, I'd have just kept on driving. This is Agent Kieran Estevez responding to an AWE alert in the vicinity. I need to speak with the Marmons. Ich glaube, die haben wir mal gesehen im Spiel. By the way, Schwarz ist das DLC. Das ist das DLC, das diese Woche rausgekommen ist. You all set up the perimeter. We're on the Threshold's doorstep, so keep your eyes peeled. Yes, ma'am. Also wir haben hier Leute vom Federal Bureau of Control. He? Nicht das FBI, sondern FBC. Das Haus am See. Das habe ich vermisst, Chat. Das habe ich vermisst. Schnell lesen. Weil du Puzzles gemacht hast, ich mache ja ganz viele und habe jetzt ein schwieriges in Angriff genommen. Ach so. Der Haus. Nee, die Hausinnen. Bulle. Bollis Apartment. Bulle. Jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich Lust auf Bulle. Ja, wer will Deathmaster sein? Eisenchat, wer Deathmaster will sein, Chat. Wer will counten, wenn ich sterbe? Jetzt muss ich aber wahrscheinlich für Alan Wake zurücksetzen. Das muss ich jetzt noch schnell anschauen. Wahrscheinlich habe ich einfach Alan Wake Death Counter. Wett eigentlich niemand, Chat. Wenn der nicht schaffen. STWS hat Alan festgenommen in der Main Story, wo der Casey vom Dunkel getroffen wurde. Das ist true. Ja, STWS. Ja. Okay, wir spielen sie. Interesting. 3. Wenn ich mache, stirbst du wieder zu oft. Chat, ihr dürft euch immer noch melden. Ich sehe es jetzt gerade nicht so aus, ob jemand will. Aber einfach noch mal sagen, ich muss aber definitiv... was haben wir für einen Death Counter? 7. Okay, da muss ich zurücksetzen. Auf 0. Gestorben wegen Wischtaschenlampe. Let's go. Jenny, hey, alles gut. Also, ich möchte euch auch nicht entschuldigen. Ich sehe ein Eis von den Fienchen, also mache ich jetzt einfach das einmal. Set Death Count Master Fienchen. Fienchen, du hast dir das jetzt geclaimed. Troy, stop bloody turning to every other straw that interrupts you from gameplay. Ich weiß. Just play the freaking game. Ich weiß es, Mann. We want to see you Agent fail. Kieran Estevez Everyone is requesting waiting entry. with the finger on the clip button. Just go now. The heck? The heck? Also hier passiert nichts. Okay, STWs eigene Schlüsselkarte. Ja, okay. Ja, haben wir mal rein das Ding, oder? Ui, This check. shouldn't take long, okay? You Wir see haben halt anything? Zugriff. Listen. Roger that. Troy, nicht spielen, Kaffee trinken. Also gut. Chat, be right back. Chat, ich mache noch schnell Pipi-Pause. jetzt also, endlich. Kommt er ins Gameplay. Endlich drückt er mal da auf X und nachher sagt der Troy, ja, wir machen jetzt Pipi-Pause. Ja, ich hole mir einen Kaffee, Chat. Von der Jenny spendiert worden und dann gehe ich Pipi machen. Und jetzt bin ich triggered. Ja, triggered. Ich liebe so Sätze in Games, es geht nicht lang. So, be right back. Ja, ich bin gewesen in die Stube, sitzen.
das ist wild. Das ist echt wild, was die da machen, Chat. Nice one. Hammer Time und auch ein Siegfall Franziskus. Ey. Wie gut, Chat. Das war richtig geil. Wir haben jetzt quasi auch wie ein Chat-Reset gemacht. Ich muss jetzt gar nicht mehr aufscrollen. Alles, was oben ist vom vorgestern, Chat. Und merci übrigens für den Coffee Drink. Jenny, merci vielmals. So, es ist wieder Ruhe eingekehrt, Chat. Fertig lustig, he? Der Schwarz schreibt's. Chat geht ab, das ist auch geil. Das ist richtig abgegangen, richtig geil. Ich habe auch noch mal so das Screen auch voller Franziskus gesehen. Das war richtig geil. So, Chat. Stimmt alles. Ich muss schnell schauen. Wir haben 12 Schüsse. Wir haben das Inventar. Wir können uns heilen. Wie habe ich schon wieder die Taschenlampen ein- und ausgeschaltet? Ich muss all das Zeug muss ich wieder herausfinden, Chat. Oh, okay, das ist... Jetzt habe ich die Batterie gewechselt. Ja, Chat. Wir finden das schon raus, oder? Wir finden das schon raus. Haben mir auch einen Kaffee geholt und dazu ein Schokogipfel. Oh mein Gott! Ja, danke, Messi TLC haben jetzt alle an den Franziskus können spammen. Das ist halt true. Das macht halt mega viel aus. Das ist so true. Franziskus ist ermüdet jetzt. Der geht jetzt. Franziskus. Der hat immer noch Pring. Ich muss dem Franziskus eine gute Nachtmilch geben. Franziskus, nein, jetzt gehst du. Nein, du bleibst jetzt da. Der will halt auch ablegen, oder? So. Franziskus hat jetzt eine Milch bekommen, Chat. Eine Milch. Er ist happy. Und, ich muss mal schon schauen. Pandebil Pro, kannst nur Deutsch reden. Darf ich nur Deutsch reden oder kann ich nur Deutsch reden? Pan, wie geht's dir? Alles gut? The lake house was run by the research department. Research and investigations. Du bist ein guter Eichelpapi. Ein Schlafmilch. What Habe ich früher auch immer bekommen. I call a violation of Bureau protocol and human decency. Classic interdepartmental drama. Your FBI saga, you know how it goes. Now, in retrospect, my low opinion of the research department may have clouded my judgment. Esteves. Oh. There it is, chat. There it is. Sheesh, great game choice. Oh, Shaky. How are you? How are you? Nice to have you here. Did you already play the DLC? It's the DLC, Alan Wake DLC Lake House. It was released this week, I guess. And I thought, hey, I have two options. Just chatting or just chatting. No, I have two options, Song of Horror or the DLC, the Alan Wake DLC. And because I have to repeat the whole episode 2... Okay, ich habe irgendwie Sound auf dem Control. Because I have to repeat the whole episode 2 in Song of Horror and I need a little break from it, I thought to myself, hey, let's play this game first. And how are you, Shaky? How are you? Franziskus bekommt Milch, andere Eichen Gangenmilch. Hä? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, oder? Schlafmilch und ein Schmatzer, dann geht es ihm gut. Ja, der Franziskus ist mit wenig zufrieden. Agent! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Danke für den wertvollen Input, Fienchen. Merci vielmals. Started the first DLC this week, so not this one yet. Okay, that one was great too. I also played it on stream, the first DLC, which has like 3 episodes, right? 3 additional stories, but it's great.
in my opinion, it's a good DLC. So have fun with the first DLC. Of course, and yeah, maybe don't spoil yourself here with the story to the second DLC. I'm great. Hope you're as well. I am. Shaky, I'm good, thanks. Ich habe gerade gehört, du kommst mal vorbei, essen. Ich muss vielleicht noch klicken. Ja, Schwarz, ich stehe dann einfach einmal vor der Rang und komm essen. Das ist der Deal. So, Chat, wir machen weiter. Untersuche das Haus am See, sprich mit Dr. Marmont und Dr. Sprich mit Dr. Marmont und Dr. Marmont. Also, es ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behalten. Betritt das Haus am See. Schlüsselkarte. Ich muss da nochmal schauen, was steht da noch etwas. Also, es ist schon ein bisschen sass, oder? Ich finde das ein bisschen sass, auch so mitten im Wald, einfach so. Oder am See, einfach so das Gebäude, wo irgendwie so ein bisschen mega Hightech-mässig aussieht, oder? I'll only spoil myself a little bit. Yeah, there are two ways to spoil yourself. Hello? First, Agent with the Estevez, story, and secondly Department. with the jump scares. Tiefgeschosslobby. No one wants to check the individual carrying a firearm into a restricted government facility? Hallo, wo sind die Mitarbeiter hier? Ich habe eine Pistole. Ja, ich glaube, da ist niemand rum. It was definitely going in the report. Es ist halt von der Regierung. Wo ist der See? Aha, ich glaube, der See war gerade. Wir können nicht raus schauen, Chat. Wo ist der See? Hier ist der See, Chat. Dr. Marmont's not here. So, Nobody. jetzt müssen wir da schnell nach System müssen wir hier gucken. I'll have to check downstairs. Also, sprich mit jemandem im Untergeschoss. Aber da müssen wir das Passwort eingeben. Chat, ist ganz einfach. 69. 69. 69. Okay. Ja, hallo, Gameplay von der Zeitumstellung. Ja, ich sag's, irgendwann implodiert das Universum, wenn ich so weitermache, Chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es wäre irgendwie eben noch geil, wenn es plötzlich Unless I'll be working on gehen. the lower levels. Ja, Chat, ich glaube, ich need to muss head zuerst einen down. Hinweis finden. Ja, aber da ist Changing sicher ein Hinweis. passwords, huh? Okay. Abteilung für Sicherheit und technischen Support. An alle Abteilungen betreff Update für die Computer, Passwort Zurücksetzungsricht. Ab dem 13. September müssen alle Computerpasswörter aus Sicherheitsgründen täglich zurückgesetzt werden. Uns ist bewusst, dass es sich hierbei um eine unangenehme Änderung handelt, die zu Schwierigkeiten beim Merken des Passworts führen kann. Wir empfehlen Ihnen, eine gleichbleibende Zahlenfolge am Anfang als Passwort auszuwählen, gefolgt von Zahlen, die sich täglich ändern. Versuchen Sie es mit wichtigen persönlichen Daten, Koordinaten und so weiter. Benutzen Sie keine Geburtstage, Telefonnummern und so weiter. Bitte denken Sie auch daran, dass die Passwörter derzeit nicht länger als 6 Ziffern sein dürfen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Okay, also da haben wir schon mal die ersten Infos, wie das Passwort könnte zusammengesetzt sein. Das heisst, mit Zahlen, die sich täglich ändern. Die Frage ist dann einfach, ist das abgeleitet vom Datum? 14. September 2023, Donnerstag. Wissenschaftlicher Fakt des Tages. Hedy Lamarr, die vor allem als Schauspielerin bekannt ist, war auch eine Erfinderin. Im Alter von 38, die ist ein Jahr jünger als ich, ein Jahr jünger als andere in diesem Chat, meldete sie ein Patent für ein Frequenzsprunggerät für Torpedoleitsysteme an. Okay.
420, 420. Da können wir schon mal die Inputs von Chat. Oh, da können wir noch mehr lesen. Kann ich da noch schnell? Ja, da müssen wir natürlich probieren. 420, 420. Nope. 1974, 1, 2, 3 Kaffee. Oh, haben wir einen Geburtstag. Komische IT-Support und Passwort-Policies. Das finde ich auch sehr speziell. Zur Sicherheit einfach das Datum. Probieren wir es auch mal. 14. Was haben wir gesagt? 14. September 2023. 14. September 23. Damn it. Ja, das wäre es einfach gewesen. Wir schauen da noch schnell in die Notizen rein. Formular für eine Ersatzschlüsselkarte. Füllen Sie bitte die Felder unten aus, bevor Sie das Formular einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes übergeben. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine neue Schlüsselkarte. Jules Marmont, Co-Leiterin der Forschungsabteilung. Grund für den Ersatz. Meine alte Karte ist verschwunden. SAS. Was ist da noch? Erforderliche Freigabe. Die höchste, ich habe vergessen, wie sie heißt. SAS. Chat. Geben Sie an, ob Ihre Karte gestohlen wurde. Woher soll ich wissen, ob sie gestohlen wurde oder verloren gegangen ist? Warum statten Sie diese Dinge nicht mit Microchips aus, wenn Ihnen das so große Sorgen bereitet? Ich bin die Leiterin der Forschungsabteilung und ich erwarte bis zum Ende des Tages eine neue Karte auf meinem Tisch. Sassy. Die sind da schon am Rechnen, oder? 140. Also jetzt gehe ich durch. Chat. Ich gehe durch. 140. Das ist übrigens erlaubt. Ihr dürft immer gerne mitraten. Einfach nicht irgendwie ein Spoiler. Wenn ihr die Lösung wisst, dann ist natürlich ganz vorsichtig. Eben Death Count Master. Nicht vergessen. 2023 minus 38 Lösung. Aber du musst Tag und Monat tauschen. Das ist ja ein amerikanisches System. Oder wäre das jetzt noch. Aha, 09. Ja, du bist halt. He? Er ist halt smart, oder? Er ist halt smart. Nope. Aber vielleicht eben auch doch nicht so smart. Das habe ich Zeit, oder? 09, 14, 23. Irgendwas mit 198. Nick, wieso? Wieso? So weit habe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht überlegt. Ich lese noch schnell die anderen Notizen. Ich kann nicht spoilern. Das ist alles gut. Wenn ihr die Lösung nicht wisst und auch mitraten, dann habe ich nichts dagegen. Ein Tod für... Sicher nicht. Sicher nicht ein Tod für jedes falsche Passwort. Also ich kann auch Tipps geben. Sonst. Ja, du weißt es wahrscheinlich schon, oder? Vielleicht halte ich ein bisschen zurück. Ich lese noch schnell den letzten Part und dann mache ich mir schnell Gedanken. Mein Name ist Hase und ich weiß von nichts. Bin halt nur der Putzmann, sorry. Du bist der Paui-Mann. He? Der Paui-Mann. Das ist ein Suppenheld. Es war 0948. Ja, jetzt da. 09. Ja, das ist aber einer zu wenig, oder? Es ist einer zu wenig, Mann. Aha, und noch Sternchen. Ich komme dafür mit meinem Schlüssel in den Serverraum. So, Chat, ich lese jetzt da mal schnell das Zeug, das ich noch nicht gelesen habe. Forschungsprofil, Antwort, Versuchsperson P. Zusammenfassung: Durch intensive Tests konnte erwiesen werden, dass die Versuchsperson über intrinsische paranatürliche Fähigkeiten verfügt, die sich ausschließlich beim Malen manifestieren. Auf den Bildern sind Szenen oder Ereignisse abgebildet, von denen er keine Kenntnisse haben sollte oder die teilweise sogar erst später eintreten sollten. Dieser Effekt wurde mehrfach bewiesen und weist eine geschätzte Erfolgsquote von 40 bis 100% auf. Die fehlende Genauigkeit ist allerdings auf das Unvermögen des Teams zurückzuführen. Es ist immer das Team-Chat. Zu beweisen, ob der Inhalt eines Bildes nicht irgendwann in einer möglichen Zukunft eintreten könnte. Die Forschenden möchten ihre Unschlüssigkeit darüber betonen, ob zu diesem Zeitpunkt konkrete Aussagen über die Versuchsperson und seine Fähigkeiten getätigt werden sollten. Da die Natur einer
seiner Bilder und ihres paranatürlichen Effekts sich außerordentlich schwierig zu erfassen und quantifizieren erwiesen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es richtig gelesen habe. Egal. Schlussfolgerung. Die Versuchsperson ist vermutlich ein Parautilitätinnen. Das ist wieder das Wort, Chat. Das Wort, das plagt mich in dem Spiel. Ein Para-Utilitarier der Klasse 2, obwohl weitere Tests nötig sein werden, um dies zu beweisen. Zum aktuellen Zeitpunkt scheint seine Fähigkeit keine Bedrohung für sich oder andere darzustellen und ist gut kontrollierbar. Seine Fähigkeit lässt ihn derzeitige oder zukünftige Ereignisse mit Hilfe seiner Kunst abbilden, doch das Ausmaß dieser Vorhersagen kann von den Forschenden nicht mit absoluter Genauigkeit bestimmt werden. Anders als bei der Kunst von Alan Wake gibt es keine Hinweise darauf, dass die Testperson die Realität durch Schattenenergie direkt manipuliert. Und ihr habt schon wieder Zahlen in den Chat hineingeschrieben. Let's go. Also, das 60065. Come on. 8. Du schreibst einfach irgendetwas, oder? Nope. 2. Parauthetitelen. Genau so, Jenny. Parauthetitelen. So, jetzt machen wir uns schnell Gedanken. Wir haben An eigentlich... experiment. Haben wir da noch mehr? Bodes well. Haben wir da irgendwelche Sachen? Also, nochmal schnell überlegen. Nochmal schnell lesen vor allem. Also, wir empfehlen Ihnen eine gleichbleibende Zahlenfolge am Anfang als Passwort, gefolgt von Zahlen, die sich täglich ändern. Koordinaten. Wichtigen persönlichen Daten, Koordinaten. Jetzt ist ja schon irgendwie so ein Input gekommen, hey, so vom Nick. Es muss starten mit 09148. Aber wäre es nicht anders, oder? Am Anfang eine gleichbleibende Zahlenfolge. Und da muss es irgendwie, also Sie sagen jetzt kein Geburtstag, keine Telefonnummer, aber sonst irgendeine persönliche irgendwas Persönliches und nachher etwas anschliessend, etwas, was sich immer ändert. Schnell schauen. Dann muss das Jahr voraus, oder? 2023 0914. Chat, ich probiere. 20. Du hast absolut recht, dass es ähnlich diese Reihenfolge. Aha. Ja, sorry. Jetzt ist es natürlich falsch gewesen. 23. 23 09 14. Das macht Sinn, ist es aber auch nicht. Ich glaube, das wär zu naheliegend, oder? 23 09 14. Okay. Wait a sec, 1985 ist das Geburtsdatum. Hast du das jetzt irgendjemand gesehen? Hast du das irgendjemand gestartet? Ich werde das nochmal schnell. Im Alter von 38. Hallo. Im 23. Beste Jahrgang, Chat. Der beste Jahrgang. He? Der beste Jahrgang. Findest du, oder? 02. Come on. Oh. Also da müsste wahrscheinlich das sein. Vierzehn. That's not right. Nicht. Was haben wir noch für Ideen gehabt? Täglich ändern, dann muss der Tag am Schluss sein. Das ist jetzt da, was ich probiert habe. Die Frage ist auch, ist der Anfang vielleicht auch 85? Ja, vorhin, weil das bleibt und Tag sowie Monat ändert sich. Damn it. Nope. Oder wann war das Datum aus dem Experiment vorher?
Das Experiment ist das 18. April 2020. Ich habe ohne Scheiß das Gefühl, Chat, ich habe das Gefühl, Fienchen hat recht gehabt mit dem Geburtsdatum, weil es ist hervorgehoben. Es ist fett 38. Ah, dann ist es vielleicht, dann startet es mit 38. Aber da würde dann jährlich ändern. Chat, ich weiß es gerade nicht. Mal schnell schauen, was die noch haben. 1985, 14, das habe ich glaube vorher nicht probiert, das ist nicht gegangen. Finde ich auch, hast recht, 1985 Rules, hey, absolut. Nur ein Jahr daneben, neben dem besten Jahrgang, Räubergeschichtli. Das ist auch dann, wenn Tschernobyl war. Das ist, wie soll ich sagen? Not great, not terrible. Du musst noch meine vorletzte Nachricht lesen, sehr wichtig. Kappa. Schwarz. Tu es mal, Pups. Okay, nice one. I like. Schwarz, ich kriege jetzt nicht das Loch, aber weil das ist genau mein Humor. Ja, Chat, ich probiere nochmal schnell eure Inputs. 2004 von der Rina. Habe ich das jetzt? Oh nein. So. Come on. 2004, 18, nein. Sagen wir mal so, nicht zu weit denken. Ja, das ist immer das Problem. Wir haben letztes Mal, glaube ich, auch mit DLC haben wir genau das Problem auch schon gehabt. 1947. Gibt es eine Erklärung dazu? Was sagt der Passwortzettel? In welchem Intervall wechselt das jetzt? Ich schaue nochmal schnell. Ich glaube, ich bin der Meinung, 1985 ist richtig am Anfang 38, weil... Nope. Ich glaube, das ist so etwa irgendetwas mit 14, 38, was noch. Also. Chat, wir gehen nochmal schnell durch. Wir gucken uns das an. Die Frage war, in welchem Intervall? Also täglich wird es zurückgesetzt, aber das ist vor allem der letzte Teil, der sich ändert. Der erste Teil ist da, wo gleich bleibt. Und das sollte ja kein Intervall wechseln. Gleichbleibende Zahlenfolge, was eben die Idee ist, dass es 1985 ist, weil das ist abgeleitet von etwas Persönlichem. Obwohl es steht, benutzen sie keine Geburtstage. Aber es kann auch sein, dass sie, wenn es heisst, kein Geburtstag nehmen, dass es das Alter ist, aber das würde ja immer wieder jedes Jahr ändern. Bitte denken Sie auch daran, das Passwort derzeit nicht länger. Ja gut, das ist auch 6 Ziffern, das ist da, wo wir eingeben müssen. Mir sollte ein Award verliehen werden. Schwarz, irgendwann gibt es den. Schmatz des Jahres. Und dann kommen mega viele Leute, die Schmarz heissen, kommen dann an das Event und sind nominiert. Aber du gönnst immer. 1985 01, wenn es ja täglich ändert, ab dem 13.09. Okay, das macht Sinn. 1985, was ist jetzt gerade 01? Come on. Das ist es nicht. Schau, es hat doch das eine Schildchen mit einer fetten 14. Okay, wait a second. Jetzt nochmal schnell. Aha, das ist der 4. Ja, ich weiß es, Mensch. Das war. Aha, 14,8. Okay, got it. 14,38. Nein. Aber was ist denn der Anfang? 85? That's not right. Fuck, man. Damn it. Nein. Schnell schauen, was die noch reingeschrieben haben. 85 090, okay, das ist so ähnlich. Du bist jetzt auf die Dinge gekommen. Jahreszahl 85 0901.
Nope. Oder anderes Format, 85. Aha, 0902. Come on. Nope, Fienchen leider nicht. Also, 1985 habe ich schon probiert, Paul. Mach es nochmal. Das war auch mein Guess sehr früh. Es ist eine Adresse auf dem Blatt. Schau nachher schnell. Eigentlich ist es ja nicht eine Geburt, es ist auch das Science-Fact vom Tag. Mhm. Gut, das stimmt auch wieder. Ich frage nachher, wie du drauf kommst, aber irgendwie macht es Sinn. Okay. 1985, 14 habe ich schon probiert. 2023, wieso hast du schon probiert? That's not right. Nope. Gerade und ungerade. Was ist mit dem Patent? Chat, wir schauen nochmal. Moment, schnell. Auch nochmal schnell. Ich werde nochmal das anschauen. Also, es ist der 14. September 2023 und das ist echt der Fakt vom Tag. Stimmt, das ist ja nicht das Geburtsdatum. Aber daraus könnte man eigentlich schon sagen, eben 1985 wäre es dann. Oder man nimmt das 38. Dann wäre aber das 38 wäre Teil von dieser Nummer, die sich ändert. Also, wir schauen hier nochmal schnell. Was ist noch etwas hervorgehoben gewesen? Mit dem Patent, also das ist da die Versuchsperson, das ist der verlorene Schlüsselkarte. Ich glaube, das trägt alles nicht dazu bei. Ist da noch etwas? Sonst ist nichts. Da nochmal schnell. Das ist eben das. Also ich bin der Meinung, es müsste sicher ein 38 vorkommen. Chat, wir hatten noch ein paar Inputs gegeben. 23, 38, okay. 23 ist das Jahr, 38 ist da, wo wir gesehen haben. Nein, das soll nicht sein. Mal 38. 14 ist der Tag. 23. Da habe ich, glaube ich, vorher schon probiert. Oder? Da habe ich, schon probiert. Mann. Das Geile ist eigentlich, das Ziel ist eigentlich, dass ich irgendwie runtergehe, aber ich weiß gar nicht, muss ich das jetzt machen? Egal, wir machen es jetzt einfach. Avalon, ich würde mich melden, wenn ich am Verzweifeln wäre. 2023, okay. Da weiß ich auch nicht, ob ich es schon probiert habe. 2023, Jahr 38, wo hervorgehoben worden ist. Nope. Ich denke schon, dass das 38 am Schluss ist. Haben wir 1985, 38 jetzt schon probiert. That's not right. Ich habe schon probiert. Aber du, Passwort hast du 13. September ändern, also probiert 2023 13. 2023. Come on. Nochmal schnell überlegen. Wenn sie so tägliches Passwort haben, wäre ich einfach full, würde das Jahr als feste Zahlenfolge machen und dann irgendwo um eine andere Zahl, die ich gerade am Tag gesehen habe. Hey, ja, aber Rina, das ist ein guter Input. Hast du schnell gegoogelt? Hedy Lamarr, 9.11.1914. Also da würde das gar nicht stimmen. Mutter des WLAN. Ohne Scheiß. Ist das echt so, das ist sehr so ein Easter Egg, oder? Paul, ich probiere das noch schnell und wenn es nicht geht, gehe ich schnell schauen, was noch ist. Damn it. Also, wir schauen schnell, was wir da noch haben. Da muss noch mehr sein. Das hätte ich eigentlich vorweg schon selber machen. Schaut, da haben wir 100 Pro irgendetwas. 100 Pro.
Barrows University auf Empfehlung der Fakultät und Kraft der ihr übertragenen Befugnisse haben die Kuratoren der Barrows University, Jules François Marmont, den Titel Doktor der angewandten Wissenschaft verliehen, der hiermit Anspruch auf alle damit verbundenen Rechte und Privilegien hat. William Devereux, Vorsitzender des Kuratoriums, Paul Jensen, bla 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 bla. Also haben wir jetzt nichts gehabt, wo irgendwie hervorgestochen ist, vor allem zahlentechnisch haben wir nicht. Federal Bureau of Control Zertifikat für besondere Leistungen. Dieses Zertifikat für außergewöhnliche Leistungen wird Jules François Marmont in Anerkennung an seine herausragenden Beiträge zu den Bemühungen des Büros verliehen. Caspar Darling, Forschungsleiter. Und da haben wir Zahlenchat. Ernennungsbenachrichtigung. Jetzt haben wir es gerade. Ich lese es aber vor. Dr. Caspar Darling, Forschungsleiter. Dr. Jules Marmont, Ernennung zum Leiter der Einrichtung. Die Leitung des Federal Bureau of Control hat sich dazu entschlossen, Dr. Jules Marmont als Forschungsleiterin der Einrichtung am Cauldron Lake, Washington, einzusetzen. Sie wird sich diesen Posten ab der Fertigstellung der Einrichtung am 18. Juli mit Diana Marmont teilen, Zachary Tranche, Leiter des Büros. 18. Juli 1807. Tada! 1807 38. 18. Oh, andersrum. 07 18 38. Danke vielmals. Danke vielmals, Chat. Danke. Maschine. Panzer, Traktor, Maschine. So, jetzt sind wir drin, Chat. Jetzt sind wir drin. Merci vielmals. GOV Security, you can trust. Hackerman. Oh fuck. Ich habe ohne Scheiß, ich habe mal so. Von Anfangszeiten vom Stream habe ich ohne Scheiß eine Hackerman-Animation gemacht. Aber ich glaube, die ist so alt, die habe ich nicht einmal noch einmal auf einem Knöpfchen. Ich bin jetzt gerade schnell am Schauen. Das würde mich mega wundern. Habe ich nicht mehr. Müsste ich mal wiederbeleben, die Animation tatsächlich. First try, true. Ja, ich meine, first try jetzt mit allen Informationen, auf jeden Fall. Und was lernen wir daraus? Hört immer auf Rena. Immer erst durch die Gegend spazieren, das ist halt true. Aber irgendwie, ne, da ist man plötzlich dann fokussiert und denkt, nee, ich probiere jetzt das noch, ich probiere da noch, jetzt habe ich da, ich probiere das noch, jetzt schnell überlegen und dabei wäre es einfach so offensichtlich. Again, I dare you. I double dare you, motherfucker. Say one more goddamn time. Was ist 15 von 15? Das ist der Rage-Meter von Sam Jackson. Wie wir gerade festgestellt haben. First Try wohl eher für First Try. Hey JJ, grüezi. JJ, wie geht's dir? Wie hast du es? Schön, dass du da bist. So, Chat, ich mache weiter. Kann ich da nicht bewegen? So. Oh, jetzt haben wir noch E-Mails, die wir lesen müssen. Also, gehen wir schnell durch. Hallo, bitte denkt daran, euren Computer zu sperren, bevor ihr euren Arbeitsplatz für längere Zeit verlasst. Die Sicherheit unserer Einrichtung wird durch das tägliche Ändern des Passworts nicht verbessert, wenn der Computer unbeaufsichtigt bleibt. Dankeschön, Brian Lopez, IT-Spezialist. Dr. Marmont, Projekt Arbutus. Uiuiui, was ist denn da? Projekt Arbutus hat offiziell darum gebeten, dass wir die Seiten zurückgeben. Wir nutzen sie nicht für das Projekt Ramnus
und sie sind geteiltes Forschungsmaterial. Kann ich sie also an Arbutus, was sind das für Namen, zurückgeben? Okay. Dann also nächsten Mittwoch. Fick dich doch, Jules. Das war, eigentlich müsste ich die verkehrte Reihenfolge schnell lesen. Ich fahre schnell unten an, Chat, ja, wie sich's gehört. Guten Morgen. Eine kleine Erinnerung, dass das veranschlagte Jahresbudget bis zum Ende des Monats eingereicht werden muss. Jede Station soll dieses Jahr eine genaue Auflistung angeben, damit Bereiche identifiziert werden können, in denen Einsparungen möglich sind. Soll ich uns einen Termin freimachen, damit wir das besprechen können. Liebe Grüße. Hat noch freundlich angefangen und so. Ich habe keine Zeit für Meetings. Nehmen Sie einfach das Budget vom letzten Jahr, aber sorgen Sie dafür, dass ein bestimmter Prozentsatz des Forschungsbudgets an Projekt Arbutus geht, damit gewisse Personen nicht auf die Idee kommen, ihre Konkurrenz zu behindern, indem sie ihnen Ressourcen stehlen. Ich entschuldige mich für die Schwierigkeiten, die meine Frau verursacht hat, Harry. Ich denke, sie vermutet, dass ich mir das Budget ihres Projekts unter den Nagel reißen würde. Eine unfaire, absurde Unterstellung, aber das wissen Sie sicherlich. Gerne würde ich Sie treffen, um das Jahresbudget zu besprechen. Es ist natürlich die Aufgabe des Forschungsleiters, solche Aufgaben zu überwachen. Vielleicht ist Diana der Aufgabe nicht länger gewachsen. Ich muss nochmal schauen, Dr. Schoß Marmont. Okay, da haben wir keine. Da ist Harry Kingston. Okay. Fick dich doch, Jules, ist noch gekommen. Also von J. Marmont zu D. Marmont. Fick dich doch, Jules. Okay, das ist die Antwort auf das. Da I don't know, aber irgendwie ist da nichts Interessantes drin, Chat. Ist jetzt das wirklich? I don't know, das war jetzt gar nichts, ja? Wir haben halt zuerst die E-Mails gelesen. Muss man auch machen, Chat. Google und selber haben wir gerade eine Website entwickelt. Oh, holy shit. Für dich selber, JJ. Also so ein jj.ch Webseite. Das ist sicher jj.ch, oder? Ich würde mich aber fragen, ob es noch. Ja, wahrscheinlich wäre sie sogar noch. Rahmennuss tönt nach Glasse. Chat, ich habe noch Cornet. Ich habe noch Cornet gelassen. Ja, voll aber nicht CH, sondern Chichi. jj.chichi. Das ist geil. I like. Hey, ich gehe da schauen. Ich tue mir schnell notieren, ist gut. Ich gehe mir das gerne anschauen. Chat, ihr dürft natürlich auch. Ihr dürft schnell schauen, wenn es euch wundernimmt. jj.chichi. Im JJ Swiss. Seine Webseite. Jul 1 Nax raided mit 20 Lüt. Juli! Danke für den Raid. Liebe Raiders, willkommen hier bei mir. Willkommen hier bei mir. Ich bin der Troy. Ich bin aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, vielen Effekten, viel Interaktivität. Es wird viel gelabert und es gibt ganz selten mal Gameplay. Aber wir sind jetzt tatsächlich aktuell im Gameplay. Wir sind im DLC von Alan Wake 2, dem sogenannten Lake House oder das Haus am See oder wie es früher hieß, der Haus am See, das DLC. Und wir machen aber jetzt zuerst ein Foto, liebe Raiders. Kommt alle mit drauf aufs Foto mit Juli und mir. Gebt ein Ausrufezeichen Foto in Chat und dann erscheint ihr mit eurem Profilbild hier auf dem Foto. Ich stelle hier noch was ein und Juli, was gab's bei dir? Wie war dein Stream? Und danke nochmals für deinen Raid, mega lieb. So, schnell das hier, so, der Blur. Blur ist eigentlich gut. So, nice. Ja, lassen wir mal weg. Der Wald passt zu M&A's Haarfarbe tatsächlich. Und ich begrüße noch kurz alle, die in den Chat reingeschrieben haben. The Last Tip und Chamon grüezi und natürlich Juli und Michi Mike grüezi miteinander. Wie geht es euch, lieben Menschen denn? Und wie war der Stream? Ich habe Dying Light DLC weitergespielt, war cool. Okay. Dying Light,
Wait a second. Also vom letzten Teil, vom Dying Light 2. Warte, jetzt habe ich ein Durcheinander. Es ist von Dying Light 2 das DLC. Teil 1 das DLC. Okay, alles klar. Weil ich hab sogar Dying Light 2 habe ich gestreamt damals mit der lieben Pinwerk. Und den ersten Teil habe ich aber off-stream gezockt. Aber es sind beides gute Spiele. Ne? DLC habe ich, glaube ich, nie gespielt. Und wie findest du das DLC, Juli? Wie findest du das Dying Light DLC? Und wie gesagt, alle noch einmal Ausrufezeichen Foto. Wer noch nicht auf dem Bild ist, Ausrufezeichen Foto. Wir haben 25 Leute. 26 Leute. Chat, das ist Tradition bei mir, dass wir das Foto erst machen, wenn da 27 Leute drauf sind. I'm sorry, aber es funktioniert halt immer so gut. Wenn da 28 Leute drauf sind, dann machen wir das Foto, Chat. 28 Leute, ne? Das schaffen wir. Da bin ich zuversichtlich. Ne? Da sind jetzt Leute noch unterwegs an den PC, ne? Waren im Audio-Lurk und jetzt noch kurz Ausrufezeichen Foto eingeben, damit wir hier auf die 29 auf holy shit, jetzt aber machen wir noch Vollchat. Schaffen wir 37? Let's go. Chat, ich mache ein wenig Musik für einen Moment. So, und Flo, grüezi Flo. Flo ist auch hier, auch auf dem Foto. Hey, Chat, jetzt ohne Scheiß, ne? Wenn wir die 37 voll machen, dann... Chat, wenn wir die 37 voll machen, verlose ich so eine Eichel. Heute noch. Dann gibt es ein Giveaway für so eine Eichel hier. Schlüsselanhänger. Von Fienchen gemacht. Ja, aber jetzt schnell überlegt, ist das wirklich eine gute Idee, wenn ich das jetzt mache? Aber interessiert mich nicht, machen wir jetzt. Chat, jetzt machen wir das Foto voll jetzt. Ich muss noch kurz gucken, liebe Raiders, ne, bevor ihr geht, möchte ich euch informieren, dass wir den Bossfight noch machen. Juli, bist du in 20 Minuten noch hier? Ich weiß, ne, nach dem Stream ist immer so, muss noch was essen gehen, man muss noch Pipi machen gehen und man muss dann auch irgendwann mal schlafen gehen. Darum frage ich jetzt kurz, bist du noch hier in 20 Minuten, dann würden wir den Bossfight dann machen. Weil dann kann ich noch kurz ins Gameplay rein, vielleicht kommt noch ein zusätzlicher Raid und dann können wir die Dungeon Leaders noch zusammennehmen. Nee, das dauert leider zu lange, Troy. Wärst du denn dabei, wenn wir direkt starten? Wärst du dabei, wenn wir direkt nach dem Foto starten, oder ist es so oder so schon zu spät? Darfst du mir das gerne sagen, ist kein Problem. 36, Chat, 36, come on. Swiss Twitch Clips ist halt auch noch drauf. Sehr geil, Chat. Love it. Und also Swiss Twitch Clips übrigens, grüezi. Schön, dass ihr da sind. Dann 5 Subs für den Chat. Nee, Schlüsselanhänger, Eichel, das ist der Deal, Chat. Das ist der Deal. Oh, Last Man on Earth, danke für die Biddies, für das Hervorheben. Nach dem Foto muss ich aber leider den PC ausmachen und ins Bett gehen. Hey, das ist alles, das ist auch okay. Ne? Es ist auch schon spät. Es Treuhödeli. Wenn 37 werden, gibt es direkt einen Raid danach. Nee. Ja, ich verlose meine Eichel. So, das ist der Deal. Aber es sind immer noch 36, ne? Hat er noch mehr als eine? Ich habe viel von diesen Eicheln, Chat. Ganz viele. Ich habe 20 Stück mitgebracht, kann Zero Fest, genau. 20 Stück von... Let's go, Freya. Merci vielmals. Du bist auch noch drauf gejoint. Also Freya Luna, let's go. Es ist leider schon 1 Uhr vorbei. Ich muss morgen wieder Uni-Zeug machen und darf nicht so lange schlafen. Juli, ich mache dir sonst einen Deal. Ne? Ich mache dir jetzt einen Deal, den mache ich aber nur für dich.
Wenn du noch dabei bleibst für den Bossfight, dann mache ich einen Deal mit dem Universum und dann sagen wir, hey, für Juli, wir schenken Juli eine ganze Stunde. Ne? Eine ganze Stunde schenken wir dir, einfach so. Dann gibt es einfach eine Stunde zusätzlich heute dazu. Wird einfach integriert in die Zeitrechnung. Ist das ein Deal? Oh, I'm so sorry, jetzt wollen noch mehr drauf. Es hat keinen Platz mehr. I'm so sorry, Omen. Omen, es hat leider keinen Platz mehr. Das Foto ist voll. Aber schön bist du trotzdem hier, Omen. Och, I'm so sorry. Wir haben es jetzt noch voll gemacht. Ne? Das ist ein bisschen zu spät. Ich muss da mal ausbauen, ne? damit wir Platz haben. Muss noch kurz ein bisschen Chat überfliegen. Oh, Omen, ich danke dir für den Follow trotzdem. Mega lieb und willkommen hier auf dem Channel. Macht Sinn, wenn sie nicht mehr da ist nachher. Oh, danke dir, Omen. Sehr, sehr, sehr lieb von dir. Hat Juli noch was geschrieben? Muss kurz gucken. Nicht, dass da was untergeht. Was? Ich schenke dir eine Stunde. Ich schenke dir einfach eine Stunde Zeit. Wir drehen einfach die Uhr zurück. Ne? Das ist der Deal. Und ich darf das, ich kann das entscheiden. Drehen wir die Uhr zurück eine Stunde und dann hast du eine Stunde mehr. Einfach 25 Stunden an diesem Samstag. So, Chat, wir machen das Foto. Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden. Antonio Margarete. Margarete. Hey, aber war nicht schlecht. Der Versuch war nicht schlecht, aber leider zu früh. Chat, leider zu früh. Ganz ein wenig zu früh. Chat, aber nice try. Und Juli, hier unser Foto, volles Foto, 37 von 37 Avatars drauf. Und das Foto ist ab jetzt auf dem Discord drauf. Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Story, wo ich dich markiere auf Instagram und wo ich dich markiere auf Twitch. Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Ich habe das heute auch schon gemacht. Link im Chat, dann drucke ich das aus, so auf ein Polaroid und schicke das per Post. Wenn du das möchtest, kannst du das bestellen. So, finde ich, ist einfach eine wahre Künstlerin, voll cool, die Eichelpuppe. Hey, true, ja? Die Eichelpuppe. Hey, und jetzt, ich muss mein Versprechen halten, ne, Chat? Das war das, was ich euch versprochen habe. Und jetzt muss ich kurz gucken, wie wir das am besten machen, Chat. Da, da. Da, 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 da. Ein Raffle. Ein Raffle. Chat, machen wir kurz. Ich muss mal überlegen. Ich muss mal kurz überlegen, wie wir das machen. Machen wir 20 Minuten. Ja, das ist jetzt wirklich für euch. Für euch. Ich will da jetzt nicht 3 Stunden machen, aber 20 Minuten müsste fair sein. Und ihr könnt jetzt mit Ausrufezeichen Ticket mitmachen. So ein Ding wird verlost unter allen Teilnehmern, ein Stück heute. Ich gucke kurz, ob es oder geht's nicht? Chat, wait a second. Doch, es geht. Seid nicht verwirrt. Der Bot gibt euch keine Rückmeldung. Ich muss das mal einstellen. Aber es funktioniert. Wir haben schon 12, 13, 14 Leute drin. Wenn ihr Ausrufezeichen Ticket reinschreibt, seid ihr dabei. Ich muss das mal optimieren, dass da noch eine Rückmeldung kommt. So. Da, da.
Oh, Specko, gehst du schlafen? Gute Nacht, liebe Specko. Mögen deine Träume von schillernden Gitarrenklängen, epischen Cosplays und aufregenden Gameplays erfüllt sein. Ruhe dich gut aus und tauche ein in eine Welt voller Kreativität und Abenteuer. Hey Specko, schön bist du dabei gewesen. Schlaf gut, schönen Sonntag noch. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss, Specko. Abgehört, es werden kleine Eicheln verlost. Ja, Lizzie, bist du dabei? Lizzie ist dabei. Let's go, let's go. Alle Ausrufezeichen-Ticket und dann habt ihr die Chance auf eine Eichel. Ab jetzt noch 18 Minuten und 30 Sekunden. Und dann mache ich da die Ziehung. Oh, Fienchen mit Herstellen, hat das jetzt funktioniert? Fienchen, jetzt bin ich verwirrt. Troy's Hammer, Spielzeughammer, Gameplay, Ah, du brauchst ja noch den Franziskus, stimmt. Ich hab mir gemeint, du hackst den schon. Aber ja, wieso ist es jetzt nicht... Ah, mach S1. Sorry, mach mal herstellen S1, Fienchen. Ich glaube, da muss ich auch mal noch anpassen. Ich glaube, dort habe ich nur S1 und S2 Varianten. Ja, let's go. Let's go. Die Franziskuskarte für Fienchen in der digitalen Form. Das heißt, Fienchen braucht noch ein paar Karten jetzt. Und dann kann sie sich das physische Deck bestellen. Liz ist immer dabei, wenn es um Troy's Eichel geht. Wow. Wow. Alles gut, alles gut. Das ist auch ein bisschen wie mein Fehler, aber S1 funktioniert. Jetzt muss ich auch noch mal den Troy haben. Ja, true. Hey, drück den Daumen, Fienchen, dass du das gleich schaffst. Heute hast du Glück gehabt mit der Karte. So, Chat. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Ne? Ich will nicht, dass jetzt hier die Nachrichten von Juli untergehen. Muss ich noch mal kurz den Check machen hier. Ah, ich glaube, sie hat noch mitgemacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Juli, das wünsche ich dir auch. Ich danke dir für den Raid und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Juli, bye bye, tschüss. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ne? Also Juli, einfach noch zur Info. Wir machen es so, ne? Ich mach für Juli die Ausnahme. Wenn ich Juli ziehe, braucht es keinen Claim. Ich entscheide das jetzt. Aber für alle anderen, damit es da wenigstens fair bleibt, ihr müsst dann noch claimen. Wenn ich euch ziehe in 16 Minuten, müsst ihr da sein. Aber ich will Juli jetzt auch nicht aufhalten. Und von ihr kam der Raid. Wegen ihr haben wir das Ganze auch gestartet. Und darum würde ich bei ihr die Ausnahme machen, wenn sie gezogen wird. Direkt geclaimed. Ist das okay für euch? Und wenn nicht, mir egal. Hey, wenig natürlich darfst du auch mitmachen. Also, es ist einfach dann müssen wir schauen. Also, ich schicke dir sehr gerne natürlich ein Eichel, aber du kannst mir auch sagen, wenn du einfach irgendwie sonst etwas willst, können wir sonst noch schauen. Aber mach einfach mit. Und Ragnar Röcka. Danke fürs Abo auf YouTube. Merci vielmals. Merci. Ich claime so oder so, ob ich jetzt gewinne oder nicht. Das machst du gut. Skizze mit Follow seit 2 Jahren, 3 Tage und 16 Stunden. Let's go. Hey Paui, danke fürs Zuschauen. Bevor du ins Land der Träume gleitest, denke daran, du bist so einzigartig wie Elon Musk. So stark wie ein Power-Move und so sanft wie Murmeln. Gute Nacht, hey Paui. Elon Musk ist und bleibt der Botsmann. Und du bist und bleibst der einzig wahre Paui. Und Paui, mach's gut, schlaf gut. Schön, bist du dabei gewesen und schönen Sonntag noch. Bye, bye. Ich sag's nochmal, es war cool, dass ich dich am Hero Fest getroffen habe. Ja, wirklich mega Freude gehabt. Ich muss aufpassen, wenn ich mitmache, Zahl macht euch. Nee, guck, also
ich verschicke das natürlich auch auf Deutschland. Also sonst hätte ich was gesagt. Der Vorteil ist, ne, die sind so ein bisschen, kann man die zusammendrücken. Das heißt, es müsste aufgehen mit 2 Zentimeter Maximum. Da finde ich schon wegen ein bisschen zusammendrücken. Und also hallo. Fienchen kann mir dann noch den Wert nennen, dieser einen Eichel, aber die wird nicht mehr als 40 € sein. Weil sonst würden wir dann tatsächlich wieder Probleme bekommen mit dem Zoll. Da muss irgendwer noch zahlen. Oh, Watchtime, holy shit. Okay. 26 Tage, 12 Stunden. Also, Chat, wir machen es folgendermaßen. Der Raid von Juli, ne? Auch wenn Juli jetzt schon schlafen gegangen ist, hat hier voll gemacht. Nur weil sie schlafen gegangen ist, heißt das natürlich nicht, dass wir auf den Bosskampf verzichten, aber ich mache jetzt einfach ab jetzt einen 30-Minuten-Countdown rein. Ich könnte mir vorstellen, ne, um diese Uhrzeit kommen immer so ein bisschen Raids rein. Dann können wir bis in 30 Minuten noch die Raiders sammeln und würden dann in den Bossfight rein. Chat. Und bis dahin machen wir noch ein bisschen Smooth Operator. Smooth Operator. Let's go. Oh, Warlock Watchtime. 19 Tage, 9 Stunden. Oha. Bist du getoppt worden von... Muss ich ganz schnell... Der Warlock ist halt... Der ist überholt worden. Die sind unbezahlbar. Einfach so, Zolldeklaration unbezahlbar. Alles gut, habe auch mitgemacht. Ich häkel selber, ich weiß, dass die fast nichts wegen. Hey, Juti, also alle, ne, Chat, egal woher, macht mit. Schlussendlich muss ich es irgendwie, keine Ahnung, als anderen Ende von der Welt checken. Aber auch da würde ich natürlich machen. Materialkosten 50 Rappen, okay. Ja, also Chat, nochmals, die kleinen Eicheln, die sind von Fienchen. Fienchen 85, ne? Hier der Name hier oben. Sind von ihr gemacht. Also auch bei Fienchen, ich sag's jetzt nochmals, Fienchen wird irgendwann anfangen zu streamen. Also, ne, macht mir den Gefallen und merkt euch Fienchen vor oder followt da einfach auch schon mal. Ne? Das wäre mein Wunsch. Mein Wunsch des Tages. Karls hat einfach einen Monat mehr als ich, Karls. Ich muss schnell schauen. Der Karls ist halt einfach der ist halt auf Platz 1, der Karls. Der ist halt der ungeschlagene Leader auf dem Leaderboard. Zolldeklaration, Zoll muss Warenwert von 1000 Franken an Troy senden und übernehmen. Fienchens Eichel. Es wird aber sicher Januar statt Dezember. Hey, alles gut, macht dir keinen Stress. Troy! Yes! For God's sake! Stop bloody singing! It's a mass harming to bloody Smooth mankind! operator. We can't take any more! Smooth Shut the father muck up! operator. And game! The heck do the game! I don't fucking care. Lord God, bloody thunder Can and do drain. what I want. It is my stream. Oh, eine Karte. Wie kommen wir schon wieder in die Karte? So. Okay, wir haben eine Karte, Chat. Chat, ich habe euch lieb, ne? Ich hab euch lieb. La 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 la, tra la 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 la. La 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 la. Oh, what do we have here? Chat, es gibt so viel zum Lesen. Es gibt so viel zum Lesen. Chat. Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun. Oh, Carnage Moon. Der Carnage Moon. Ain't nothing but a heartache. Tell me why.
Ain't nothing but a mistake. So, Chat, beruhigen wir uns. So. Von Ava Ramani, FCB-Personal, Status-Update. Antwort Oldest House. An alle Mitarbeiter, Beobachtungsteams vor Ort berichten, dass das Oldest House noch immer abgeriegelt ist. Der Status von Direktor Trench, dem Managementteam und allen anderen Mitarbeitern des Oldest House zum Zeitpunkt der Initialisierung der Abriegelung ist unbekannt. Beobachtungsteams haben sich Schwankungen im Redigiertfeld festgestellt, die vom Oldest House ausgehen und an Stärke zunehmen, da sie alle redigiert Stunden ein bestimmtes Muster durchlaufen. Diese Messwerte werden derzeit vom Forschungspersonal im Bostoner Büro analysiert. Mitarbeiter mit Informationen zu diesem Signal sollten sich umgehend an sie wenden. Was? Mitarbeiter mit Informationen zu diesem Signal sollten sich umgehend an sie wenden. Okay. Mit freundlichen Grüßen, Ava Ramani, leitende Mitarbeiterin. Ja? Wird ich auch schon, Rina. Oh, danke für die netten Worte. Der Troy versucht Spiel und der Chat zuerst mal Karaoke. Zuerst mal Karaoke aufgemacht. Oh, zum Glück, Chat. Zum Glück habe ich keine Kanalpunkte-Belohnung, wo dir nachher einen Song könnt wünschen, wo ich Karaoke singe. Chat, fühlt ihr das auch so wie ich? Spürt ihr das gerade? Ja, spürt ihr das? Nein, das will niemand, das will auch ich nicht. Schon. Ja, Chat. Die Epicness. Bitte wenden. Bitte wenden. Ist schon ein bisschen frech, dass Sailor Moon nicht mein Sound ist. Wer hat es aufgedeckt? Na klar, ja, wenn man Sub ist, ne? Wie jetzt fast alle. Dank SDTLC. Können sie alle brauchen. Dorime. Da sind wir her. Machen wir da noch schnell den Loot-Check. Irgendwas angucken, Check. Oh, da können wir noch rein. What do we have here? This should come in handy. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Hey, das ist mein Stream, liebe Leute. Walt. Ja. Danke, Fienchen. Der Calls macht halt worthy. Ach, Calls. Ach, Gallo. Ich habe dich zum Singen heute gebraucht. Ja, das ist aber auch ein spezieller Anlass. Es kommt immer dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Das ist eine Lebensweisheit. Ne? Das ist das Wort des Tages, das Wort zum Sonntag von Juti. Und dann komme ich ohne. Das, Fortuna und Say Wow Again, weiss ich, ja, das ist true, hast du aufgedeckt. Und Gipfel habe ich mir gekauft. True. Da hast du recht. Chat. Also, jetzt habe ich nicht mitbekommen. Irgend so eine Karte habe ich bekommen. Oder? Eine Karte. Schlüsselkarte oder irgend so etwas. Schnell einen Countdown im Auge behalten und ich erinnere nochmal daran, erinnere daran, dass wir noch eine Giveaway am Laufen haben. 5 Minuten, Chat. 5 Minuten Ausrufezeichen Ticket. Kleine Eichel, Schlüsselanhänger. Und 21 Minuten bis zum Bossfight. Sehr gut. Haben wir da etwas? Da haben wir wieder Ramnus Daily Stand-Up. Daily Stand-Up, Chat. Gut, Chat, wir machen jetzt das Daily Stand-Up. Fienchen ist Scrum Master. Sprintplanung. Was haben wir da?
Schmarz versucht, den Mordhammer zu heben, aber er bewegt sich überhaupt nicht. Und Schmarz ruft, ich bin würdig. Schmarz, es haben es alle gesehen. Es haben dir alle zugeschaut. Kannst du uns nicht täuschen? Oder ist das Wort so, ich suche Würgung? I don't think so. Skizonta kämpft darum, den Mordhammer zu heben, aber er bleibt regungslos liegen. Shit. Was haben wir da? Dann Neues vom Haus am See. Okay, gute Neuigkeiten. Hauptquartier noch dunkel, Kuchen war gut. Mehr Kuchen für den Rest von uns. Wir haben Kaffee, diese Woche ist Hirschfest. Jet, also da müssen wir echt einfach mal durchkünden. Oder? Einfach mal alle rausschmeißen. Neues Personal. Und auch Juttis Gipfeli, ja, Juttis Gipfeli und vielleicht auch noch Lissys Kuchen. Schlechte Neuigkeiten. Hauptquartier noch dunkel. Nussallergie schlecht. Kein Ama-Bier ist gut, habe es probiert. Der Künstler ist unlesbar. Okay. Jemand hat einen schwarzen Whiteboard-Marker gestohlen. Alle Urlaube sind abgesagt. Das ist schon mal gut. Someone stole the black whiteboard marker und es ist halt auch in Rot geschrieben. Das ist sehr geil. Worthy. Techie, Worthy. Chat, da. Das muss ich jetzt vorlesen lassen. Lieber Techie, nur für dich. Machen wir das so. T3KKIE hebt den Mordhammer, jubelt und ruft aus, ich bin immer noch würdig. Genau. Techie, let's fucking go. Hey, beide Mods, let's go. Techie, wie hast du es? Schön, dass du da bist. Hello, hello. Ich meine, wenn man nicht Mod ist. Aber ernste Frage, kommt dann auch etwas anderes als Nein? Nein, es kommt immer Nein, es bewegt sich nicht. Aber ich kann schnell erzählen, wie das entstanden ist. Damals, ich weiß nicht, wie lange das her ist, jetzt wo der Techie da ist, kann ich es halt wunderbar erzählen. Damals, als ich den Techie zum Mod gemacht habe, habe ich diese Funktion eingebaut. Und es war so, dass... Hello and welcome to another exciting day here at Würdest du the schnell Lake den House. Schlitten haben? Ich bin gerade am As I'm sure Erzählen. you know, I am Dr. Jules Mar Schnell pausieren. Dann war es so, dass ich das eingebaut habe. Dann habe ich im Chat gesagt, hey, da ist ein neuer Befehl, Ausrufezeichen Worthy. Und dann haben es alle eingegeben, alles, und bei allen ist gekommen, hey, es passiert nichts. Der Hammer bleibt regungslos liegen. Und dann habe ich es aber so eingestellt, dass wenn der Techie reinkommt und das eingeht, Ausrufezeichen Worthy, wird er zum Mod ernannt. Inklusive Animation, alles drum und dran. So ist der Befehl entstanden. Bei ihm hat er eigentlich ausgelöst, dass er zum Mod geworden ist in dem Moment. Alles vollautomatisiert. Der Stift hat mich so weggehauen. So ein Lachflash, das ist wirklich ein geiler Joke. Das ist so mega kreativ auch. Was, dass ich das noch erleben darf, der Troy ist im Game. Let's go. Das Bau, das habe ich auch für dich gemacht. Jetzt kann ich offline gehen. Jetzt können wir den Stream beenden. and this Sorry. is my wife. Dr. Diana Marmont. Rage quit. And together we are the heads of research at this facility. Jetty versteht sich nicht, oder haben wir vorhin schon Helping us break new ground gelesen? in our study of Cauldron Lake. That's right, Jules. But don't let our exciting work in threshold regulation and dimensional coupling keep you from observing the proper safety protocols. You said it, Diana. We run a tight ship here at the lake house. So, Oh, Chat, always giveaway. remember the three Giveaway. S's. Safety, security, and... Wir schauen schnell das Video fertig. See. Giveaway. See. That is the joke, Diana. Well, it's a stupid, wonderful joke, Jules.
We'll see you down there. Wow, wie sie auch TTS benutzt haben sie haben sich gemutet und haben auch TTS drüber gespielt. Nice, man. Schön. Smooth Operator. Chat. Eine Person gewinnt die Eichel. Die Eichel. Nicht ein Franziskus. Carnage Rage. Carnage, du musst claimen. Carnage, bist du hier? Vor 10 Minuten die letzte Nachricht von Carnage. Carnage Rage, melde dich. Carnage, noch schnell claimen. Ich nehme an, du bist rum. Ich nehme an, du bist hier. Wait a second, ich muss das einfach so machen. Schön. Carnage, let's go. Carnage, GG's. Carnage, wir machen das so. Ne? Du schickst mir deine Adresse, die brauche ich halt. Ne? Kannst mir die per DM schicken, einfach nicht hier in den Chat reinmachen. Ne? Heute wurden schon genug Adressen gelegt. Mach mir eine DM und dann schicke ich dir das zu. Wie nicht hier im Chat? Ja, okay, der Vorteil wäre vielleicht, dass alle von Chat an dem lieben Carnage noch was schicken können. Musterstraße 1, 2, 3, 4, 5 Musterstadt. Let's go. Let's go. So, hi Carnage, das freut mich mega und ja, du weißt, was du zu tun hast. Und dann wirst du schon bald glücklicher Besitzer einer Eichel sein. Sternenschnucki! Was für ein schnuckeliger Name! Liebe Raiders, oh mein Gott! Oh mein Gott, Sternenschnucki, ich danke dir für den Raid. Und liebe Raiders, willkommen hier bei mir. Wir gehen direkt ins Foto rein, also bleibt noch, weil ihr müsst alle jetzt noch aufs Foto kommen. Ne? Und wenn wir wieder 37 Leute auf dem Foto haben, dann gibt es noch eine Eichel zu gewinnen. Das ist jetzt einfach so, wie es ist. Ne? Und Sternenschnucki, was gab's denn bei dir? Was hast du gestreamt? Und vielen Dank nochmals, dass du mir deine Leute anvertraust. Ich bin der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit Interaktivität, Spielereien, Effekten, viel Gelabere und Hashtag eventuell auch mal Gameplay, aktuell mit Alan Wake 2 DLC, dem neuen DLC, das heißt Das Haus am See. Smooth Operator. Bloody smooth operator. Bloody smooth. Tell me, Father mocking, why? Ain't nothing but a gameplay. Tell me why. Ain't nothing but a. Play the bloody game. The heck. For Lords of God, Thunder and Wonder. Oh, jetzt aber. Calls. Nice. Hey, jetzt muss mich kurz sammeln, ne? Sternenschnucki, du kannst dir auf der linken Seite noch was auswählen. Du hast da verschiedene Commands, du kannst wählen, was neben dir aufs Foto kommt. Aktuell ist da der Coffee Kostner drauf. Du kannst dir aber auch was anderes auswählen. Einfach den entsprechenden Chatbefehl in Chat reinschreiben. Alle anderen einmal Ausrufezeichen Foto eingeben, damit ihr mit eurem Profilbild mit aufs Foto kommt. Wir haben noch Platz für 10 Leute. Und der Deal ist auch hier wieder, ne? Dass wenn wir die 37 voll machen, verlose ich nochmal so ein Ding hier. Eine kleine Eichel, Schlüsselanhänger, ne? Mega, mega cute. Und weil jetzt gerade noch wer auf YouTube schreibt, ihr müsstet natürlich auf Twitch kommen zum Mitmachen beim Giveaway, zum aufs Foto joinen. Ne? Das geht nur auf Twitch. Aber auch hallo nach YouTube. Und zwar, jetzt muss ich kurz gucken. Sterni,
Sterni auf YouTube. Ich weiß halt nicht, ob du einen Twitch-Account hast. Aber wenn du einen hast, dann kannst du jetzt auf twitch.tv/treuhammeren kurz reinschauen und dann da Foto eingeben. Ausrufezeichen Foto, dann klappt das auch. Sorry, aber Nino, Sterni, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und ich begrüße noch den Rest der Leute. Ravenheart, Daisy, Vannerpels, natürlich Sternenschnucki, Anton Vannepe. Oho. Da sind Leute verwandt, Chat. Da ist die Verwandtschaft im Chat. Anton und El Varaza, Mart, Oliver, Nino, Samira und Liz. Jetzt ist er hier auch noch live. Ne? Samira, Liz, auch nochmals Hallo an YouTube. Grüezi wohl. Ne? Aber auch als Erinnerung nochmals, Ausrufezeichen-Foto geht nur auf Twitch. So, Chat. Verwirrung. Und ich muss mal kurz schauen, was denn überhaupt Sternenschnucki noch geschrieben hat, Mann. Ich habe gar nichts gelesen. Sehr gerne, danke für den Shoutout. Hey, kein Ding. Bei uns gab es erst Horizon Forbidden West und später dann zur später Stunde Until Dawn. Oh, das Remaster. Until Dawn ist halt so ein geiles Game, ne? Bist du da schon durch oder bist du da noch in der Story drin? Ist sehr, sehr geil. Sehr geil. Und du hast dir den Rott ausgesucht. Sehr cute. Nicht verwandt, verheiratet. Let's go. Nice. Sub du diesen Pantedru. Oh, Nino Talks. Oh, danke für den Gifted Sub an diesen What? Diesen Shantedru. Viel Spaß mit den Emotes und den Perks als Subscriber Nino Talks. Ich danke dir für den Support. Mega lieb. So, Chat. Wie viele Leute haben hier für... Hey, Chat, come on. Nein, also ich sag's jetzt nochmal. Noch 2 auf dem Foto. Noch 2 Leute, die Ausrufezeichen Foto eingeben und das Foto mit uns joinen. Und dann gibt's ein Giveaway. Hier, die kleine Eichel. 35 von 37, Chat. Miss me. 7. Wir haben es voll. Chat, das Foto ist voll. Man kann ab jetzt nicht mehr joinen. Und ich begrüße an dieser Stelle natürlich noch die ich noch nicht begrüßt habe. Manti, grüezi. Und Slicks, let's fucking go. Auch noch beide auf dem Foto. Ich glaube, es hat für beide gereicht, ne? Slicks auch noch auf dem Foto. Ich hoffe es doch. Es wird jetzt ein bisschen überdeckt durchs Overlay, aber wir sehen es dann. Kann ich das Overlay kurz ausblenden? Wait a second, kann ich das ausblenden? Man sieht ja hier gar nichts, ne? Ja, ich kann es nicht ausblenden. Vielleicht sieht man es nachher besser auf dem Foto. So, Chat, Foto ist voll. Wir machen das Foto. Und ich erinnere dran, in 8 Minuten startet der Bossfight. Und natürlich ist Sternenschnucki dann auch Dungeon Leaderin. Ganz wichtig. Ihr bekämpft mich. Epischer Bossfight. Und hey, Nasty, hallo nach YouTube. Nasty, sorry, angespritzt. Was soll ich machen? Foto. So. Danke für den Raid. Und da würde ich sagen, wir machen das Foto in zwischen 7 und 15 Sekunden. No, God! No, God, please, no! 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 Oh, das Timing. Oh, das war leider... Oh, vieles ging daneben, aber wir haben doch einen Effekt haben wir drauf. Pat kommt... Oh, Pat hier, Pat. Sternschnucki, hier unser Foto, liebe Raiders. Wunderschönes Foto. Es ist voll, ne? Es ist ab jetzt auf Discord. Nice one. Das ist echt geil. Gar nicht nice one. Aber jetzt auf dem Discord Ausrufezeichen DC. Ich mache dann noch eine Insta-Story, wo ich dich markiere, Sternenschnucki, sofern ich dich auf Insta finde. Sonst kannst du mir eine DM machen mit deinem Namen, wenn der anders sein sollte.
Und das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen. Gab es heute auch schon eine Bestellung. Dann würde ich das ausdrucken und per Post verschicken. Link im Chat. So, Chat. Ja, der Deal. Der Deal ist der Deal, Chat. Ich mache nochmals ein Raffle. Wir machen alles außer Gameplay, Chat. Alles außer Gameplay. So, Chat, wir machen das ein bisschen anders jetzt als vorhin, aber ich mache auch wieder 20 Minuten. Das hat gut funktioniert. Also wenn ihr die Chance auf eine Eichel haben wollt, lieber Chat, dann, ich muss es noch kurz starten. So, jetzt. Wenn ihr die Chance haben wollt auf so eine kleine Eichel, müsst ihr, also nicht diese Eichel, ne? Die bekommt ihr nicht, den Franziskus bekommt ihr nicht, aber die hier. Schlüsselanhänger, Ausrufezeichen, Eichel in den Chat reinmachen. Alle können mitmachen, alle. Auch wenn ihr erst heute gefolgt habt, jetzt können alle mitmachen. Das ist ein bisschen anders als jetzt vorhin, wo ich es gemacht habe. Und ihr müsst es claimen. In 20 Minuten mache ich die Ziehung, dann müsst ihr es claimen und ja, dann verschicke ich das. Ausrufezeichen Eichel. Lieber Chat, schon 22 Leute sind dabei. So, ich überfliege noch kurz Chat. Give me a moment. Oh, LK Remix, für dich hat es keinen Platz mehr. I'm so sorry. Das ist eine wilde Kombi. Eine wilde Kombi. Ja, aber es ist ein sehr geiles Bild, oder? Sehr geiles Bild. I like. Und DJ Flavio auch noch mit dabei beim Giveaway. Let's go. Ausrufezeichen Eichel, alle dürfen mitmachen. Ist auch egal, ne? Aus der Schweiz, aus Deutschland, ist egal. Auch nochmal einen Hype-Train. Immer schaltet. Ne, das ist nicht das echte Golden Cup, ne? Wir hatten heute schon einen ganz, ganz gewaltigen Hype-Train tatsächlich. Gab es hier nicht eben Alan Wake? Ja, ich würde sagen, das Ding ist, in 3 Minuten starten wir den Bossfight. Das heißt, wir gehen nach dem Bossfight dann ins Alan Wake rein. Sternenschnucki, warst du schon mal Teil des Bossfights hier bei mir? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, ich erkläre dann auch noch kurz, wie das genau funktioniert, für die das erste Mal dabei sind. Es ist aber kurz gefasst ein epischer Bossfight. Ihr kämpft alle gegen mich. Ich bekomme goldige Flügel, Chat, goldige Flügel, einen HP-Balken, alles, ne? Und ihr habt dann 3 Aktionen pro Zug, dann bin ich an der Reihe und so weiter. Ich erkläre es dann nochmal. Eichelkäse. Außer die bereits eine haben. Hey, ich finde das aber auch fair, ne? Natürlich, es können jetzt alle mitmachen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmals Carnage Rage ziehe, dann würde ich natürlich jemand anderes noch ziehen. Es soll ja auch fair bleiben. Und ich nehme ja auch an, wenn ihr schon eine bekommen habt, ein paar Leute haben schon eine Eichel bekommen am Hero Fest, nehme ich jetzt mal und habt ihr nicht mitgemacht, aber ne, ist eure Entscheidung. Aber alle, die ich heute schon gezogen habe, die bekommen natürlich dann nicht noch mal eins. Oder eine Eichel. So, da muss ich schon bald wieder neu machen. Ich habe im Moment noch genug. Das ist jetzt die zweite, die ich verschenke. Aber ich finde es irgendwie noch cool, dass wir das so machen mit volles Foto. Mal schauen, wie ich es so weiterführe. Aber ich finde das eine geile Belohnung. Auch ein bisschen der Ansporn, dann, so das Foto voll machen. Wie sehen deine Finger so aus? Sind es schon heile auf Fienchen? Ich hoffe es doch. Nicht, dass ein Fienchen mit blutigen Fingern noch so zusätzliche Eicheln muss machen. Und ich dann noch so, den Leuten noch so an und sage, Fienchen, wo bleiben die Eicheln? Sie sind aber treu, meine Finger sind am Blüten.
Das ist mir egal. Ach, Chat. Hey, Simple, let's go. Simple, schön, dass du hier bist. Simple, Ausrufezeichen Eichel. 15 Minuten läuft noch das Giveaway. Hier. Hier. Gibt's zu gewinnen. Ausrufezeichen Eichel. Hero Fest ist ein fieser Cheat. Ja, true. Also dort dauert eben schon. Das ist schon so. Was sagt der Blätsch da dazu? Da muss Jenny beantworten. Also dürfen Männer nicht teilnehmen. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Du bist ein Mann, du hast schon eine. That I love you. Oh, jetzt habe ich nicht geschaut. Spoo mit dem Spielzeug haben wir. Let's go. Blutige Finger können beim Häkeln sogar passieren. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ne? Wenn man es übertreibt, Chat. Da mache ich mir keine Sorgen, du hast meine Nummer nicht. Ja, jetzt sagt es echt DC-Call, weißt du? So DC-Call, Video-Call. Und dann so, Fienchen. Ja, dann zeige ich immer so die Kamera so, Fienchen, wo sind die Eichel? So, Chat. Also. Oh, what is happening? Ich muss noch kurz gucken, da ist noch was passiert. Oh, Äpfelmost. Äpfelmost, merci vielmals für den Raid. Äpfelmost, machen wir es so. Mein Deal ist, ich mache dich zum Dungeon Leader. Ja, es ist immer so, die einer Raids, die zählen halt nie dazu, aber natürlich, es ist appreciated, merci vielmals für deinen Raid. Und ich mache dich zum Dungeon Leader. Ist das ein Deal? Weil wir würden jetzt mit dem Bossfight starten, dann hast du 3-fach Votes. Äpfelmost, let's go. Bist du einverstanden? Dann machen wir es so. Okay. Das ist ein perfektes Timing halt auch. Und was hast denn du gestreamt? Was gab es bei dir? So, Chat. Ja, Lechi. So, liebe Raiders, lieber Chat. Zuerst mal erkläre ich, wie der Bossfight funktioniert. Und jetzt ganz wichtig, ne? Die das erste Mal jetzt dabei sind, kurz zuhören, dann wisst ihr auch ganz grob, wie das funktioniert. Sternenschnucki, kurz zuhören. Ihr werdet, wenn der Bossfight startet, diese Chatbefehle zur Verfügung haben könnt, die brauchen, um zu voten für die Aktion. Ihr habt 3 Aktionen pro Zug. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Ihr könnt auch jeweils den ersten Buchstaben nehmen, also Ausrufezeichen A, Ausrufezeichen W. Das geht auch, das geht schneller. Dann ist es mein Zug. Euer Ziel ist es, mich zu besiegen. Ne? Wir haben beide HP-Balken. Dungeon Leaders, Juli und Sternenschnucki und natürlich, ich habe es gesagt, Dungeon Leader Apfelmost.ch ist jetzt auch drauf, also Juli, Sternenschnucki, Apfelmost.ch, ihr seid Dungeon Leaders. Ihr habt 3-fach Votes. Ihr könnt also am meisten Einfluss nehmen auf das Kampfgeschehen. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, 3 verschiedene Trefferwahrscheinlichkeiten auch, machen unterschiedlich Damage. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, hat aber eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Wenn ihr verschüttet, hielt ihr nicht. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Mit Franziskus schenkt ihr dem Franziskus hier, der am Milch trinken ist, Liebe, denn er kämpft für mich, hat eine Attacke, die 400 Damage macht. Nicht easy win jetzt, ne? Nick, nicht easy win. Und ihr könnt die Chance senken, dass er diese Attacke gegen euch ausführt, wenn ihr ihm Liebe schenkt mit Ausrufezeichen Franziskus. Genau. Chat. Ja. Most important information. It's Information. all bloody staged. This game is totally controlled by Elon Musk, the janitor of Troy. Totally bloody obvious. Because Troy never does bloody gameplay. Lord God sake of thunder and plunder.
Okay, nice one, nice one. Chat, bevor es losgeht, ihr habt hier schon die erste Möglichkeit zu voten. Ihr habt nämlich eine Karte erhalten im letzten Bossfight, die können droppen, wenn ihr gewinnt. Eine von 4 Karten kann droppen. Und wenn ihr Lichtschwerter wollt in diesem Bossfight, dann gebt ihr ein Ausrufezeichen Karte 1. Wenn ihr keine Lichtschwerter wollt, macht ihr Ausrufezeichen keine Karte. Ist rein kosmetisch, ist nur visuell, ihr habt Lichtschwerter dabei, ja oder nein. Dürft noch voten, ich gebe euch noch so eine halbe Minute fürs Voting und dann würden wir in den Bossfight reingehen. Keine Karte. Wo sind denn die Star Wars Fans, Chat? Wo sind denn die Star Wars? Oh, 6 gegen 6. 7 gegen 6, ne? Also mehr Star Wars Fans als nicht Star Wars Fans. Okay, never mind. Mehr nicht Star Wars Fans als Star Wars Fans. Seid ihr denn Star Trek Fans? Muss ich da noch so einen Phaser einbauen? 13 Votes auf keine Karte. Okay, interesting. Hey, und Yakari, I'm so sorry, Yakari. Ich hoffe, du bist noch da. Ich habe dich überlesen. Ich habe erst jetzt gesehen, dass du noch geschrieben hast. Yakari, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und jetzt direkt in den Bossfight rein. Ich habe nie Star Wars geschaut, aber gleich mal für Karten gestimmt. Ja, ich meine, it's Lightsabers. Das ist so wie Korn. It's Korn. Die 13 sind Star Wars Hater. Ach, Troja, ach, Yakari, I'm so sorry. So, Chat, ich löse auf 13 Votes auf keine Karte. Das heißt, ihr löst keine Karte ein. Ich pausiere die Musik und wir gehen rein. WLR, 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 WL. Okay, Yoda. Ihr wollt mich besiegen? So, Chat. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich hoffe, die Dreifachvotes, die müssen noch funktionieren. Ne? Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gedrückt. So, Chat. Ihr habt Jetzt hat aber irgendwas nicht geklappt, ne, Chat? Jetzt ist so. Chat, Abbruch. Jetzt hat was nicht geklappt. Chat, wir müssen abbrechen. Oh, shit, wir müssen kurz abbrechen, Chat. Da hat was nicht funktioniert. I'm so sorry. Das ist aber jetzt auch Premiere. Hatten wir noch nie, Chat. Aber ich will, dass das hier richtig funktioniert. Weiter Gang weg. Chat, wait a second. Wir müssen kurz beenden. Hä? Antonio Margarete. Ich komme nicht mehr raus, was passiert, Chat. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wir machen das nochmals. What the fuck? Okay, wait a second. Gebt mir einen kurzen Moment. Ihr habt jetzt noch eine Karte geschenkt bekommen. Ich muss nochmals kurz das hier machen. Das hier und das hier. Apfelmast. Aber das ist mega stroh. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Chat. Seid ihr ready für den Bossfight? Wir machen das jetzt nochmals. Ne? Wir probieren das jetzt nochmal. Let's fucking go. Ihr wollt mich besiegen? Wir probieren jetzt das nochmals, Chat. Votet für eure Wunschaktion. Ich weiß nicht, was vorher nicht geklappt hat. Ne? Ich weiß es echt nicht. So, 12 Votes auf der Mystery Chest. Ich glaube, das hat vorhin nicht geklappt, ne? In a Barbie world, life in plastic.
it's fantastic. JKLMNOP. Das ist so ein guter Name. JKLMNOP. Oh, holy shit, Game of Thrones Season 8. Wir nehmen beide Schaden. Okay, es ist jetzt die erste Aktion von 3 Aktionen in dieser Runde. Denkt daran, vielleicht müsst ihr noch healen. Ja. Das ist immer auch der Grund, wieso ich sage, die Mystery Chest in der letzten Aktion ist gefährlich, ne? Weil ihr könnt euch auch selbst Schaden zufügen. Was ein Game of Thrones Hate. Und ich erinnere an dieser Stelle noch kurz daran, ne, während Skizzy die leere Mystery Chest aufmacht. Es ist noch ein Giveaway am Laufen. Ne? 5 Minuten, Ausrufezeichen, Eichel. Ausrufezeichen, Eichel. 5 Minuten läuft noch das Giveaway für einen kleinen Schlüsselanhänger hier, ne? Den gibt's zu gewinnen. Ausrufezeichen Eichel. 14 Votes auf Kaffeetrink. 15 Votes auf Kaffeetrink. 16 Votes auf Kaffeetrink. Chat, let's fucking go. Da waren noch 9 Votes auf Franziskus Feta-Käse. Mit dem Kaffeetrink. Hielt auf 581 HP. Kurze Info am Rande, ich kann maximal, jetzt im Moment maximal 500 Damage machen. Ihr seid also somit safe. Ich kann euch so nicht besiegen. Aber ab Runde 6 bekomme ich mehr Damage. Ab Runde 6 bekomme ich 10% mehr Damage. Und das geht dann alle 3 Runden so weiter. Also Runde 6, Runde 9, Runde 12 und so weiter bekomme ich jeweils einen 10% Boost über. Also ihr habt auch einen gewissen Zeitdruck. Ne? Einfach, dass es gesagt ist. Aber ich mache jetzt zuerst mal meine Chest of Hammers. Hammer of Protection. Ich bekomme ein Schild. Ich mache Schaden. Mein Schild absorbiert einmal Damage, egal wie viel. Also gut überlegen, mit welchem Damage ihr jetzt auf mich geht. Ne? Am besten, was das eine hohe Wahrscheinlichkeit hat. Ihr könnt natürlich auch healen. Wir haben 10 Votes auf Angriff. Ich denke mal, eure Idee, eure Strats sind jetzt Schild weg. Okay, let's go. Highway Racer mit dem Angriff. Hat gesessen, 0 Damage, Schild weg. Let's go. Zweite Aktion von 3 Aktionen, Chat. Troy, yeah. We don't need 400 count in this boss fight. We already get some afterwards. Jesus Christ. Ja, fair enough. Das ist true. Das ist true. Oh, für was habt ihr gewotet? Tiger mit der Mystery Chest. Tiger mit der Mystery Chest und sie ist halt nicht leer. Tiger, come on. Tiger, das ist unfair, ne? Das ist unfair. Ich hab doch gar nichts gemacht. Sass. Sass. Oh ja, der Heal-Chat, ne? Ich hab's im Chat gelesen. Wir brauchen Heal. Ja, ihr braucht Heal. Würde ich jetzt auch behaupten. Wir haben auch 20 Votes, 21 Votes auf dem Kaffeetrink, 22 Votes. Spoon. Mit dem Kaffeetrink. Healt. Oh no. Die Enttäuschung im Chat ist da. Ich kann es nachvollziehen und deshalb, Chat, mache ich meine Chest of Hammers. Wenn jetzt der Mjölnir rauskommt, dann ist vorbei. Okay, ihr hattet Glück, Chat. Kriegshammer macht nicht viel Damage. Aber ist alles gut. Ne? In Runde 6 bekomme ich Damage Boost und dann geht dann die Post ab, Chat. Votet für eure Wunschaktion, Chat.
Denkt daran, ihr müsst healen. Avalon mit dem Kaffeedrink. Avalon healt Chat um 200 HP auf 440 HP hoch. Let's go. Zweite Aktion, Chat. 4 Votes auf Mystery Chest. 5 Votes auf Mystery Chest. Die Verteilung, Chat. Wo sind denn die Strats? Wo sind die Leaders, Chat? 13 Votes auf Mystery Chest. Sternenschnucki. Jetzt, ne? Wenn du jetzt eine leere Chest hast, dann sind alle enttäuscht. Oh, shit. Okay. Ich meine, ja, ihr macht Schaden, ne? Ihr kennt's schon. Aber ihr habt euch selbst auch Schaden zugefügt. Das heißt, jetzt muss der Heal hin. Chat. Also natürlich, in der Mystery Chest kann auch Heal drin sein, aber ich glaube, ihr müsst manuell hin und hoffen, dass ihr nicht verschüttet. Johnson Berlin, grüezi, wie geht's dir? Johnson, schön, dass du hier bist. Ja, hier direkt in die Action rein. Bossfight Action. Highway Racer healed. Okay, du hast nicht verschüttet, aber 440 ist nicht viel, Chat. 440 HP. Ich könnte euch besiegen. Aber die einzige Möglichkeit ist in meiner Chest of Hammers. Auch wieder der Mjölnir kann bis zu 500 Damage machen. Dann muss ich ihn aber zuerst ziehen. Und dann muss er noch genügend Damage machen, Chat. Mods! Jackie. Verteile Schmerz. Jetzt haben wir es nicht gesehen. Es wurde jetzt überdeckt, ne? Es wurde überdeckt. Es war nicht rigged, ne? Es war nicht rigged. Anscheinend hat er genügend Damage gemacht, Chat. Holy shit. G. Und Gurke fängt auch mit G an. Ron, come on. Ich darf auch mal. Alles tut's mir weh. Oh, Snuffy, sie hat es ganz genau gesehen, dass du das miterlebt hast. Was hast du erlebt, du hure Banane? Oh, Wolvi. Ich hab dich auch lieb. Oh. Also. Hey, aber Chat, ne? Holy shit. Getrocknete Bananen. Kokainum. Da war kein Kokainum im Spiel, Chat. Alles, war alles normal, war nix rigged. Moment, kurz. Okay, jetzt stimmt's. Ne, war alles, wie es sein muss. Ich habe nicht gecheatet. Waren keine Aimbots im Spiel, Chat. Ihr habt halt leider verloren. Ach, übrigens, Troy, ich habe noch einen Clip gesendet. Du kannst auch den Clip, also es ist ein Twitch-Clip von mir jetzt hier aus dem Stream. Kannst mir gerne den auch im Chat schreiben. Oder hast du ihn? So, my Oh, dear wait a second. Hast du ja beloved gemacht. ones, Hast du ja gemacht. And Warlock, I go to bed. If I win anything, Shandy can bloody claim for me. Good night. Sleep well. Wait a second. And I will dream a dream of gameplay. Aber nur ein Little Dream, ne? Little Dream. Wir lösen jetzt auf, ne? Wart noch kurz. Wir lösen jetzt auf. Chat. Let's pick a winner. Und ich gucke nachher wegen dem Clip noch kurz. Das hier gibt's zu gewinnen, Chat. Also nicht mich, sondern die Eichel. El Varaza 1996. Bist du hier? Kannst du claimen? Wenn ja, gehört dir diese Eichel. Müsstest mir dann einfach noch die Adresse schicken. Bist du hier? Oh, let's go. El Varaza 1996.
GG's. Gratuliere. Mach mir doch bitte... Was geht's denn? Mach mir doch bitte eine DM auf Twitch Eine oder auf Volume Discord, letzte wie du Lang möchtest. Grad für die 349 Damage Bookchamp. Oh. Ja, okay. Es geht sie. Merci vielmals für die BTs. Danke vielmals für den Support. Elvarazo, danke dir für den Follow. Ne, mach mir eine DM mit deiner Adresse. Ne? Ich brauche halt die Postanschrift und dann bekommst du das hier. Gratuliere nochmals dafür. Let's go. Let's go. Treu, schau mal bei Sternenschnucki vorbei im verbotenen Westen und Horror. Im verbotenen Westen und Horror? Hey, also Sternenschnucki auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Jetzt muss ich hier noch kurz ein paar Knöpfchen drücken. Hier. So, Follow. Ich muss dir unbedingt einige Worte widmen. Oh, wer ist jetzt das hier? Die Stimme in meinem Kopf-Chat. So, Follow ist raus. Sternenschnucki, let's go. Und danke in diesem Sinne auch nochmals für den Raid. Danke, dass du noch geblieben bist, ne? Für den Bossfight. Let's go, let's go. Leider habe ich gewonnen. Ich bleibe unbesiegt. Ja, ist ja gut, Win. Komm, chill. Ja. Abhocken. Ja. Abhocken. Ruhig bleiben. Da kann ich ja jetzt schlafen gehen. Gute Nacht, hey Lizzie. Gute Nacht. Nochmals schlaf gut, ne? Und gute Besserung, ne? Lizzie. Ich freue mich auf den Kuchen. Siehst du abstauben? Der Follow finde ich funny. Hey, nein, es ist alles gut. He. Alles gut. Ich habe bewusst dass dieses Giveaway jetzt gemacht für alle. Weil das erste war, da war die Einschränkung, du musst eine Woche gefollowt haben. Aber ich habe beabsichtigt jetzt das für alle freigeschalten. Und es freut mich entsprechend auch, dass da wer Neues gewonnen hat. Ne? Das finde ich auch cool. Und es hat noch genügend. Ich meine Chat. Oh shit. Also hier noch ein paar und dann in der Kiste noch ein paar. Also es hat genügend hier. Es hat genügend für alle. Für alle 1606 Followers. Gell, Fienchen? Nein, sag ich nicht. Das war's jetzt noch. Ich sage jetzt auch, alle bekommen eine Eichel und Fienchen so, what? Hey, ich muss noch schnell schauen, wie ich alle begrüßt habe. Sikaro, grüezi. Übrigens, Sikaro, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ich kann mich nicht beklagen, merci vielmals. Freut mich, dass du da bist. Und Susi, ich habe meinen Schock überlebt und die haben ja auch grüezi miteinander. Susi, schön, dass du da bist. Wie geht's euch? Wie war eure Woche gewesen? Kann ich dir auf Insta schreiben? Hey, Elvarazo, ja, mach das. Das darfst du natürlich auch. Kannst mir dort die Adresse schreiben. Das passt. Ah, geiler Song. Chat, ich muss noch schnell schauen, ob ich jemanden überlese. Da macht man nichts. Treu ist OP. Der muss im nächsten Patch genervt werden. Ich werde nicht genervt. Ich werde noch gebufft. So läuft das hier, Chat. Danke für den Stream, es war mega toll gewesen. Hey, Jenny, merci für deinen Support und dass du da gewesen bist. Es ist ein wilder Stream gewesen. Das ist echt Chat. Ich muss es jetzt nochmal sagen und ich sage es auf Hochdeutsch. Ne? Wait a second. I will say it in English. Just because I can. No, I will not. Einfach, dass es jetzt gesagt ist. Das war ein wildes Wochenende. Ein wildes Wochenende, wilder Stream. Und einfach nur geil. Ne? Level 14 Hype Train. Nach einer Nacht mit viel Bier und Mr. Bletch. Ja, das war auch geil. Darum sage ich, wildes Wochenende. Wild.
So, jetzt, ich gucke noch kurz. Es gehen einige schlafen. Ich hoffe, ich überlese niemanden. Alle, die schlafen gehen, ne? Ich wünsche euch natürlich allen eine gute Nacht. Ihr könnt alle noch Ausrufezeichen gute Nacht schreiben und ich versuche, die Dinge noch vorzulesen. Seid mir aber böse, wenn ich es nicht sehe. Calls. Fluxkompensator 81 Calls. Möge deine Nacht so süß sein wie eine Bündner Nusstorte und so magisch wie eine Reise mit dem Fluxkompensator. Träum von abenteuerlichen Murmelspielen und erlebe eine wundervolle Nacht. Gute Nacht. Calls, hey, schön bist du da gewesen. Ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Schönen Sonntag. Und man sieht sich, man liest sich. Mach's gut, bye bye. So, Solitroy, ich gehe mal von der TV, lädt dir einen Lurk da. Merci für den Lurk. Der Plätsch kommt vielleicht später wieder. Der ist am Arbeiten. Wünsche euch einen schönen Abend. Hey Jenny, das wünsche ich dir auch. Nochmal merci für den Support. Und was haben wir noch? Begebe mich aber tatsächlich auch langsam richtig waagerechte. Euch noch einen fantastischen Stream und schlaft später schön. Gebt fein Acht auf euch. Hey Sternenschnucki, ich danke nochmals für den Raid. Mega lieb. Und ich wünsche dir auch eine ganz gute Nacht. Und ja, der Follow ist raus. Ich gucke auch mal bei dir vorbei. Sternenschnucki, mach's gut. Bye bye, tschüss. Ach ja, wenn der Troy das Fienchen anstellt für die Aufgabe mit einem guten Lohn, wäre das sicher eine Möglichkeit. Einfach mal so 1600 Eicheln. Und dann müsste ich noch jeden einzelnen Follower erreichen, müsste jeden dazu bringen, mir die Adresse durchzugeben. Das kostet dann nicht nur Geld fürs Fienchen, sondern noch ein bisschen Geld fürs Porto. Ja, alles shit. Mir ist alles top, Caro, das freut mich natürlich. Da freut mich zu hören. Ich kann leider nur eine Nachricht raussenden. Hey, aber mach das so, mach das so. Ich gucke mal kurz, wenn du schon was geschrieben hast. Ist noch nichts angekommen, aber ich würde dann natürlich annehmen, ne, und so weiter. Oder wait a second. Ah, ja, ich sehe es. Es akzeptiert, du kannst mir jetzt schreiben. Müsste gehen. Let's go. Troy, you're a damn good streamer and a really cool dude with an Gypfeli addiction. Thanks for your funny streams. Oh. The Gypfelis are proud that they are eaten by you, Troy Gypfeli. Oh, hey, danke für die netten Worte. Hey, merci vielmals für die netten Worte. Ich lese da schnell noch ein bisschen nachher, gut, bis auf das, dass mir einer vor das Auto gesprungen ist, hat Anhalter gemacht, hat fast angehalten und zusammengeschlagen. Vor das Auto gesprungen? Ja, aber so macht man nicht Anhalter. Das ist... Ja, nein, also das geht nicht. Also da fühle ich dich, dass du dich aufgeregt hast. Susi, ich hoffe aber, es ist alles gut gekommen. Hast du mir hoffentlich auch mal schnell einen Flatter mit auf den Weg gegeben, oder? So ein Flatter, wo man sich daran erinnert. Für immer. Zum Glück habe ich nicht gewonnen, hat es nochmal persönlich entgegengenommen. Okay, dann hätte ich aber vorbeikommen für ein feines Essen, oder? Dann muss aber der Troy noch deutlich mehr streamen und braucht mehr als Level 14 Hype. Fair enough. Ich bin Platz 2 in Bits. Let's go, hey Skizzy. Habe ich mich für alle Bits bedankt. Skizzy, nochmal merci für 349 Bits. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich Danke gesagt habe. Aber merci Skizzy auch für den inzwischen doch riesigen Support, den du reingehst mit deinen Bits. Ein bisschen kochen und dann ist er bitte. Der Warlock kennt mich halt eben gut, oder? Am 3 wird die Uhr zurück. Ey, was passiert? Haben wir denn jetzt wollte ich sagen, 3-mal. Haben wir dann 2-mal das Kellergeräusch von der Silvi? Hat dann mein Streamerbot wieder ein Durcheinander? Oh, das kommt wieder der Moment, wo Streamerbot-Cooldowns völlig durcheinander werden sein, Chat. Aber wir wissen jetzt, dass es auch an der Zeitumstellung liegt. Aber true, Spoo, es ist so. Gute Nacht an alle, die schlafen gehen. Ja, genau.
Jenny, alles gut. Ich habe jetzt schnell den Sauter gemacht. Es ist ja... Hoi, bin der Treu, gib mir deine Adresse. Nice Data. Ja, hey, oh shit, Mann. Hey, aber Big Brain Mary. Big Brain Mary. Es kostet zwar etwas, die Eichel zu verschicken und so weiter. Die Kosten sind da. Aber die Daten, wenn ich die dann verkaufe, Chat. Nice, eigentlich. Also so etwas würde ich ganz klar niemals machen. Aber auf der Welt werden viele Daten verkauft und Daten sind teuer. Der Bund hat die datenschutztechnisch sicher Freude. True. Pro Eichel 5 Subs, das Feinchen um 5 hat er Troy. Das finde ich irgendwie noch. Also, würde ich jetzt bei mir nicht einführen, aber ich finde es trotzdem eine interessante Idee. Es ist so Subbaiting, oder? So ein bisschen weit. Wobei für so einen kleinen Anhänger, ich weiß nicht, ob man da von Baiting reden kann. Das ist eher so eine kleine Belohnung. Achtung, Achtung! An dieser Stelle einmal mehr unsere nachdrückliche Empfehlung, bitte in der Nacht auf Sonntag nicht, wir wiederholen nicht die Zeit umstellen, sondern nur die Uhren. Wie schon oft angemerkt, kann es sonst zu Rissen in Raumzeit-Kontinuum kommen. Merci vielmals, Yakari, für die sehr wichtige Info. Yakari, sehr wichtig. Es ist nachhaltig in einer anderen Richtung, true. Das ist wirklich ein what the fuck, habe ich auch gedacht. 349 Damage oder 249? Kommt auf die Situation drauf an. Wolfi Grüezi. Habe ich gar nicht bedacht mit dem Raumzeit-Kontinuum. Ja, aber wenn der Kontinuum-Transfunktionator, wenn du den Kontinuum-Transfunktionator dabei hast, dann sehe ich da keine Probleme. 279 mit Tastatur. Jetzt ist aber schon vorbei, jetzt hast du es verkackt. Das geht's. Chat, ich muss schnell jetzt mit alle da bleiben, um herauszufinden wegen dem Kellergeräusch. das ist halt wieder der Bait, oder? Das ist alles durchüberlegt, Chat. Ja, das mache ich nur wegen dem. Kommt auch am 3 ein Kellergeräusch und dann kommt es nochmal? Kann es sein, dass der Streamerbot so überfordert ist, dass es einfach nochmal ein Giveaway auslöst? Fragen über Fragen, Chat. Wie finden es raus? A true businessman. Das Einzige, was wir verkaufen, sind nicht Adressen, sondern 3D Sachen. Oh ja, und Badewasser von mir. Ja. Auf jeden Fall. Oder von der Troilina. Das ist jetzt eigentlich mit Gameplay. Ja, ich sehe das Ende vom Chat, also ich bin zuversichtlich. Aber wo soll ich meine Zeit nun hin umstellen? Einfach einmal drehen. So, nimmst du und dann tust du sie so drehen. Und dann ist alles auf die Seite die andere Richtung. Aber scheissegal. Dann werden wir jünger. Wenn alle auf der Welt ihre Uhren gleichzeitig umdrehen, hat er so quasi Spiegel. Weißt du, was ich meine? Geht dann die Zeit wieder retour. Ja, Selbstmörderanhalter, ja, das ist eben auch, das habe ich auch gedacht. Also muss ich sich nicht fragen, wenn er irgendwann einfach umgefahren wird. Dann ist er einfach selber schuld. Noch ein bisschen Gameplay erleben, Spu. Für dich gehe ich nachher ins Gameplay, okay? Oh ja, Kari, der Clip. Wait a second. Ich muss schnell schauen, ob ich das so machen kann. Okay, es geht. Jetzt geht. Wo tauchen da der Clip auf? Wieso haben wir kein Geräusch? Wieso haben wir keinen Sound? Haben wir keinen Sound? Das ist eben ja, Kari, sorry. Ich habe gerade. Es ist ein Problem mit dem Ding. Ich habe leider keinen Sound, aber ich nehme an, der Sound fehlt ein bisschen. Aber Chat, hey, es ist irgendwann im Chatverlauf, es ist jetzt recht weit oben inzwischen.
Wenn ihr euch den Clip anschauen wollt. Chat, ich muss mal schnell ein bisschen vorwärts machen. Ich muss ins Gameplay rein. Chat. Benjamin Button, ja genau, das habe ich jetzt auch gedacht. Aber ich sehe nicht den Bildschirm. Den musst du nicht sehen. Hast du so eine digitale Uhr? Ich hätte eher so eine analoge Uhr gedacht. Ja, die Umdrehsäule und drüber fahren müssen. Ja gut, schwierig. Ja. Schwierig, dann machst du dich strafbar. Ja, dann hätten wir nicht. Set-Time 2 Uhr beginnen wir heute schon früher mit der Umstellung. Okay, also Feta-Käse hat entschieden, wir stellen jetzt um. Komm, der Bounce, hat er wieder einen Hammer gezogen? Ach, Bounce. Hey Bounce, hast du mitbekommen, dass wir das Puzzle gemacht haben von unserem Bild? Wir haben das Puzzle gemacht mit unserem Bild. Das war episch. Chat, alle sind dabei gewesen. Speedrun. Gute Nacht. Schmarz, I'm so sorry. Bitte entschuldige mein Bot. Er hat den Calls, oder nein, irgendjemand hat schon irgendjemandem hat schon ganz komplett falschen Namen gesagt heute. Gute Nacht, Schmarz. Mögen dich die Frösche in süße Träume begleiten, während du mit Zaubern um die Wette fliegst und durch Pilzwälder streifst. Lasse dich von der Magie der Nacht umhüllen, wie in einem Spiel wie Alan Wake. Let's go. Hey, Schmarz. Schön, bist du dabei gewesen und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, einen schönen Sonntag. Grüße an den Römer und bis zum nächsten Mal, Schmarz. Bye, bye, tschüss. Alles gut, Troy. Ich sage einfach, ich habe ihn nicht gesehen. Okay. You do you. Also, ohne Mist, ich bekomme von meinem Freund den Alarm von Nintendo, also habe ich dann wirklich einen Bildschirm auf meiner Uhr. Der Alarm von Nintendo. Oh mein Gott, okay, krass. Hat Troy gerade Gameplay gesagt? Mhm. Ey, was, Puzzle? Von unserem Bild? Nein, nicht gesehen. Ja, von unserem Bild. Wo du so besoffen reinschaust, Mann, das haben wir puzzelt. Du musst halt ins VOD schnell anschauen. Das war geil. Das plus noch ein anderes Foto vom Hero Fest. Diese Aktion verzögert sich um unbekannte Zeit. Sorry, Troy, ich habe böse Musik gehört, das passt hier nicht hin. Was ist denn die böse Musik, John? Was ist hier böse Musik? Okay, fair enough. Das ist die böse Musik. Das verstehe ich. Chat, wir gehen jetzt noch ein bisschen ins Gameplay. Wir gehen noch ein bisschen ins Game-Game. Okay. Yeah. Troy ist müde. Say wow again. I dare you. I double dare you, motherfucker. Say wow one more goddamn time. Der Sam Jackson ist hassig. Wow. Das ist jetzt super gut. Endlich müsste es aus Gesicht davon fliegen, wenn der Will Smith Flatter gibt. Das wäre doch geil. Chat. So. Jetzt haben wir alles an Loot eingesammelt, Chat. Es fühlt sich schon wieder wie 10 Wochen an, seitdem wir das Spiel gespielt haben, letztes Mal. Ich glaube, ich habe alles mitgenommen. Das heisst, wir gehen hier mal Richtung Elevator. Zack, Knöpfchen drücken. Schon mal ready sein. Ganz wichtig. Wo ist die Liftmusik? Ich brauche Liftmusik, Chat. Schlüsselkarte. Oh, Chat, wo gehen wir hin? Was ist eigentlich der Plan? Ich muss schnell schauen, was der Plan ist. Hey, wie kann ich es einblenden? Nein, ich will doch nicht. Chat, wait a second. Wow, es bewegt sich. Ich finde es gut, dass ich schon weiss, es kommt. Hey, da Ziele, jetzt habe ich es gefunden. Sprich mit jemandem im Untergeschoss. Okay, wir wissen eigentlich grundsätzlich nicht, wo hin. Das heisst, wir gehen mal einfach der Reihe nach. Wir sind jetzt Ground. Nehme ich an, gehen das -1. As soon as I got in that elevator, my bad news detector. Chat, das ist ganz. Johnson Berlin.
Does he look like a bitch? What? Hey, die Szene, das ist halt einfach legendary. Legendary. Does Marcellus Wallace look like a bitch? Estevez to team, something's going on in the lake house. I want all nearby agents to... Oh, shit! Oh shit. Ich glaube, -1 wäre so oder so der Ort gewesen, wo wir hinkommen. Chat. Hat es gar nicht können steuern. Drück den Notruf im Lift. Nein, das machen wir jetzt nicht, Chat. Jetzt gehen wir ein bisschen hier rumballern, oder? Oh, gute Nacht. Ich lese schnell vor, Jutti. Gute Nacht, liebe Jutti. Möge dein Herz voller Glitzerträume sein, während du sanft in den Schlaf gleitest. Träume von Gipfel und Merch-Tasten, die dich morgen früh mit Freude erwarten. Schlafe gut und süße Träume. Jutti, schlaf ganz gut. Schönen Sonntag noch. Schön warst du hier. Und bis zum nächsten Mal. Jutti, mach's gut. Bye, bye. Drück ganz schnell auf den Notruf. Den wirst du brauchen, wenn der Lift so feststeckt. Oh, da kommt jedes Mal ein anderer Text. Ja, natürlich, Bro. Natürlich. So. Agent Estevez, what's your status? Das ist ein... Da wäre mal ein Weckerton. Staff should seek shelter immediately. We have a situation in the lake house. All agents converge on the facility now. Sieht schon ein bisschen aus wie eine Situation. Belay that order. Shit. Okay, und man hat keine Connection mehr. Ja, das war klar. Had hit the lake house. Now it was the Marmont's problem. Our mission was outside. Gestorben wegen der West-Taschenlampe, ja. Oh, findest du nicht, by the way. Ha? Schon mal ready machen? Schon mal ready machen? Beautiful. Genauso fühle ich mich, wenn ich am Morgen aufstehe. Oh. What the fuck was that? What the fuck is going on? Wieso ist dein Kopf immer im Weg? Schaut euch das mal an. Wie wird man wie soll ich so jemanden abschiessen, wenn er auf mich zukommt? I need to get back to the elevator. Du musst jetzt Where's gehen. the fucking elevator? Okay, das ist eine gute Frage. Das ist... Okay. Priority 1, get the lights on. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Standing Elevator around nicht in the oben dark ist. near Cauldron Lake. You're not smart? Ach, für mich spricht 3 zu 70% Gauderwelsch. Aber da, das mache ich echt. Ne? Ich erfinde da einfach Wörter. Mich versteht niemand. John, Mann, das bist nicht nur du. Chat ist nur hier für die Eicheln. Die müssen mich nicht verstehen. Ne? Was ist da so Grusiges? Jetzt tönt das so grusig. Jetzt habe ich gemeint, das sei im Spiel. Nach der Liam Neeson so im Spiel auftaucht. So. What do we have here? Oh, Loot. Eine Flashbang. Ist das eine Flashbang? Muss mich schnell orientieren. So. Blendgranaten, Batterien, Munition. Wieso zum Teufel kann ich jetzt... Aha, ich habe es nicht ausgerüstet. Mein Gott, ich bin so doof. Und auch mal schauen, dass wir da alle Loot gesammelt haben, die wir sammeln können. Ganz wichtig. Schlüsselkartenfreigabe 0. Aha, das ist aber 02. Komme ich dann mit meiner rein? Nein, komme ich nicht. Also ich muss zuerst Keycard für Level Zugang 02 finden. Jetzt weiss ich halt nicht mehr, woher ich gekommen bin. That is not a regulation FBC weapon. Weapon? Siehst du etwas, was ich nicht sehe?
Lassen wir schnell da die Dokumente. Jules' keycard. Could be useful. Oh, die ist da. Leider ging Jules' Schlüsselkarte gestern verloren. So ein Pech, völlig unabhängig davon habe ich jetzt eine Karte mit Freigabestufe 3 in meinem Büro und jede Menge Schwarzstein. Habe das Schwarzstein zu Pulver gemahlen und überall verteilt, falls es beschlagnahmt wird. Nächste Schritte, Waffentests mit Schwarzsteinpulver. Sollte ich Pläne beim Erfolg an Außenteams schicken? Das könnte zu einer Versetzung weg aus diesem Drecksloch führen. Ich muss mir mehr Anwendungen für den Schwarzstein ausdenken, jetzt wo ich welchen habe. Ich kann nicht mehr lesen, kann nicht mehr lesen. Im ältesten Haus gab es einen Forscher mit jeder Menge Ideen wie dieser. Ich wünschte, ich könnte mich an seinen Namen erinnern. Was ist... Oh, Marco, sorry. Ich lese es erst jetzt. Das ist Alan Wake 2, das DLC. Das ist diese Woche rausgekommen. Oder wann kam es raus? Am 22. Oktober, denke ich mal. Meinte ich. Das DLC, das heißt Das Haus am See. Und Marco, hi nach YouTube. Schön, dass du hier bist. Und Don Vomit, auch dir guten Morgen. Wie geht's dir, Don? Wie geht's dir, Marco? Ich weiß, dass deine Fans dich verstehen. Oh, wir verstehen uns. Aber ich verstehe auch dich, John. Oh shit, habe ich ausgelesen? Was ist das für ein komischer Sound, der da kommt? Ist das schon alles hier? Make these things lighter. Ja, hallo? Wo kommt's hin? Ich habe keine Ahnung. There was only one way out. Identify the source of the event and contain or eliminate it. No. Ja, ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss mit dem Ding. Kann ich das wieder ablecken? The elevator liked to disappear. Ich werde das gerne wieder anstellen. Ich muss zuerst schnell schauen. Ja, aber... Chat, ich muss echt zuerst wieder mal herausfinden, wie die Steuerung geht. Wie mache ich Tastenlampen? Also. Can't open it from the side. Ja, okay, ja, war ja klar, ne? War ja klar. Haben wir da keinen Laut? Ich muss mal schnell schauen, wo es hinkommt. Ich will hier nicht langsam rumlaufen, um herauszufinden, wo ich rennen muss mit dem Ding. Aber ich nehme mal, irgendjemand muss es einsetzen. Und das irgendjemand ist da. Okay. Oh, die Umarmung. An John, let's go. John, du hast eine Umarmung gekriegt von dem lieben Nick. Der Nick Uffmann. So, jetzt nehmen wir das, tragen das dort rüber. Ich finde es noch lustig gemacht, weil jetzt genau das Ding halt auch meine Lichtquelle ist. Und dann können sie da natürlich so geile Scheiße reinmachen, oder? Irgendwelche Jumpscares oder so. I don't fucking care. Ja, ja. Hast du extra das beste Foto genommen von uns, gell, du sie? Hast du es nachgeschaut, Bounce? Hast du es nachgeschaut? Also schnell geschaut, welches ich genommen habe? Natürlich habe ich da genommen. Ich habe so gedacht, also ihr zuerst hatte ich mal die Idee gehabt, wo du noch oben warst. Hey, wir gehen jetzt puzzeln und ich wusste, du bist noch oben. Dort habe ich schon gesagt, hey, ich weiss genau, welches Bild. Und dann hat es sich mega verzögert und du bist eben, glaube ich, nicht mehr oben gewesen. Oder auch im Lurk. Und dann haben wir zuerst etwas anderes gemacht und dann habe ich es nochmal gesehen und dachte, hey, das müssen wir jetzt auch machen. Ich werde jetzt auch das als Puzzle machen. So gut. Troy, keine Angst, das wird sicher nicht passieren in diesem Horror-Game. Ja. Nein, ja, ich habe Song of Horror gespielt. Noch nicht durchgespielt. Ich bin mehr gestorben, als dass ich irgendetwas anderes gemacht habe. Aber ich bin abgehärtet, ne? Ich kann nichts erschrecken hier. At least the elevator's back. Okay, the elevator is back.
Was haben wir denn da jetzt? Mal schauen. Also die Elevator war dann wo genau jetzt? Hallo? Was ist da für Musik hier? Ich kann überlegen. Oh! Ich muss jetzt los, viel Spaß euch noch. Good night, dann hey Bounce. Schön, bist du noch dabei gewesen und ich wünsche dir auch ganz eine gute Nacht, Bounce. Dann gehen wir wieder zämbeln. Chat, einfach, dass das noch schnell gemacht ist. Ja, lieber Chat. Bei letzte, vor ein paar Tagen, bin ich beim Bounce gewesen, einfach spontan bin ich mit dem zämbeln in seinem Livestream. Und ja, geht da vorbei. Ja, Chat, geht da vorbei, Gritti Bounce rein, followen. Ja? Wer es noch nicht gemacht hat, das lohnt sich. Schweizerdeutsch und es lohnt sich. Ich bin ein riesen Fan. Ja, sag an, ich bin um. Hey, Bounce, wir finden sicher einen Termin. Jetzt morgen habe ich noch einen Stream mit dem Mr. Blatsch und dem Ullen. Auf meinem Channel, by the way, bevor ihr jetzt gerne schlafen, morgen bin ich auch noch mal live. Shit, ich weiss die Zeit nicht mehr. Blatsch Ullen, ist irgendjemand rum? Help me. Wann ist es? 18 Uhr, 19 Uhr, ich weiss es nicht mehr. Chat. Mack. Genau, Mack. Genau, und am Montag habe ich auch wieder etwas los, da bin ich beim Blatsch im Stream. Also, wir gucken, Bounce. COD-Zombie-Veteran. Ich tue, glaube ich, da auch mal langsam anfangen, ich hätte die Hure Geräusche da, anfangen zusammenräumeln und dann uns mal heimzu. Ich wünsche euch allen viel Spass und Geniessen. Jetzt kommen dann noch Tschüss sagen, Skizzy und Avalon. Let's go, Spu, aber dann schön bist du dabei gewesen. Und ich wünsche dir eine ganz gute Heimfahrt und ein erfolgreiches Zusammenräumeln. Spu, mach's gut. Richtest nochmal einen Gruß an alle aus. Die meisten sind aber wahrscheinlich hier noch im Chat. Nochmal schnell einen Gruß an alle und Spu, bye bye, tschüss. Gute Nacht, lieber Spu. Mein Bot hat einfach getrunken, oder? Hey, liebe Spu, die Pizzeria reiner Träume wartet auf dich, während die Schattengang über die Stadt wacht. Träum süß von Abenteuern mit Will Smith. Let's go. Schattengang, let's go. Das ist heute, nicht morgen. Richtig. Auch wenn ich jetzt, muss auch wieder korrigieren, morgen ist dann, wenn man geschlafen hat, Fienchen. Das ist eigentlich die Regel. Ja, wenn ich von morgen rede, jetzt, dann ist das natürlich der Sonntag. Ja, auch, dass es keine Verwirrung gibt, am Sonntag bin ich live. Nochmal. Und zwischendrin muss ich noch schlafen. Und alles zusammenpacken, nehmen wir es mit zum Auto und dann adios, amigos. Let's go. Danke für den Gruß, Troy, dir auch einen. Hey, Spu, sagst du im Avalon einen Gruß, nochmal einen zurück. Wir tun jetzt auch hin und her Grüße schicken bis in die Unendlichkeit. Uli ist auch gerade gefusen, kann ich mir leider keinen Gruß mehr sagen. Dann wächst du ihn jetzt auf. Schüttelst du ihn schnell? Nein, sag ich, er macht das nicht. Alles klar, ich schaue mir das mal an, aber sei gewarnt, ich bin heute besonders scharf. Pizza Hawaii, what the fuck. Mein Bot ist auf Ärger aus, so wie es aussieht. Ja? Also, ich bin ja auch Pizza Hawaii-Fan. Ich habe gespeichert. Dann machen wir schnell. Schnell speichern. Oh, Loot. Eine Fackel. Habe ich die gerade ausgerüstet? Okay, das ist immer schön ausgerüstet. Haben wir noch mehr? Schrank? Nicht? Okay. Hello there. Oh, ich muss schnell schauen, muss ich das Passwort eingeben? Wie heisst sie überhaupt? STWS. Aber wie ist ihr Vorname, Chat? Avalon, wie ist ihr Vorname?
Hey, oh shit, Arti, ich Richtig spiele mit Controller. fies, nicht nur Ich spiele mit gemein, Controller, fies. Arti, das heisst, ich gebe das wieder um. Aber nice try. Nice try. Der WASD bekommst Retour zurückerstattet. Es ist ein wilder Troy. Der gamet. Ich bin fasziniert. Ich bin fasziniert, Nori, dass ich am Spielen bin. Was hast denn du noch so getrieben bis jetzt? Nein, kein Problem, Arti. Ja, kannst du es ja auch nicht wissen. Ich meine, fair enough. Kieran. Also, hey, Kieran. Ich tue es nochmal schnell nachspielen. Kieran, jetzt reiss dich zusammen, Gott für dich. Kieran, das ist ein spezieller Name. Also, was haben wir? Wir fangen von unten an. Hallo, bitte denkt daran, eure Computer zu sperren. Das haben wir schon mal gelesen. Das ist ja an alle gegangen, oder? Guten Tag, zur Feier des Herbstanfangs habe ich verschiedene herbstliche Kuchen. Hallo, eine freundliche Erinnerung daran, dass die Nussallergien und so weiter. Perry, geben Sie diese Seiten nicht raus. Sagen Sie Diana und diesen Idioten von Projekt Arbutus, dass wir sie verlegt haben. Ein unglücklicher Ablagefehler. Sagen Sie ihnen, dass die Seiten sicherlich in 2-3 Wochen wieder auftauchen werden. Aber dass wir zu beschäftigt damit sind, Fortschritte zu machen, um sie jetzt zu suchen. Schreiben Sie unbedingt, dass wir Fortschritte machen, genauso wie ich es formuliert habe. Okay. An das gesamte Personal. Auf Untergeschoss 5 fehlt eine beträchtliche Menge Schwarzstein. Vermutlich ist es nur ein Missverständnis und jemand hat ihn versehentlich auf eine andere Ebene mitgenommen. Wenn Sie das waren, antworten Sie bitte auf diese Nachricht und wir lösen das gemeinsam, Chat. Schwarzstein ist ein wertvolles Material. Wir haben nur noch eine begrenzte Menge davon, jetzt wo das älteste Haus geschlossen wurde. Sind wir nicht alle ein bisschen fasziniert? Ich war am Gwent spielen. Was ist Gwent? Was ist Gwent? Ja, also, das ist so schnell nicht. Gehen wir da schnell schauen. What do we have here? Fortschrittsbericht zur Schwellenverknüpfungsexperiment. Die arbeiten am Aufbau einer stabilen Verbindung zwischen unserer Realität und der von gehen weit. Wir machen gute Fortschritte und alle Teams melden sich mit Zuversicht, bald eine erfolgreiche Verbindung herstellen zu können. Die letzten Bemühungen, die Bilder von Versuchsperson P zu nutzen. Wer könnte die P sein? P. Der Paul Allen. Ich weiß es nicht. Um die Realität so zu beeinflussen, dass wir unsere Ziele erreichen können, waren nicht erfolgreich. Dennoch haben uns diese Ergebnisse gezeigt, dass wir unsere bisherige Vorgehensweise zugunsten einer umsetzbareren, verwerfen können. Unsere neue Annahme basiert darauf, dass die Energie der Schwelle und somit ihre realitätsverändernden Eigenschaften von Kunstwerken mit einem erheblichen Maß an Emotion angezogen werden. Dies wird durch einen klaren Trend in den Daten, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, unterstützt. Wenn wir in der Lage sind, die Emotionen eines Kunstwerks zu messen, wird das unsere Forschung bedeutend beschleunigen. Wie viele Texte steht da eigentlich? Wir haben bereits mit der Entwicklung von Geräten zur Messung des Emotionsgrades von Kunstwerken begonnen. Fürs Erste werden wir uns mit unserer Forschung auf die Kunst von Versuchsperson P konzentrieren, obwohl keines seiner Werke bisher Ergebnisse abseits der Entdeckung der Seiten von erzielen konnte. Sorgt sein Status als Para-Utilitarier dafür, dass seine Arbeiten beste Forschungsmaterial sind. Das beste Forschungsmaterial sind. Akte so und so, bla bla bla, enthält einen vollständigen Bericht. Okay. Versuchsperson Payne oder Max Payne.
Das wäre irgendwie noch geil. Irgendwie komisch zum Hören, wenn jemand Gwent nicht kennt. Das ist ein Kartenspiel von Witcher irgendwie. Der Gerald von Riva ist auch dabei. Okay, das habe ich nicht gewusst. Kenne ich echt nicht. Typisch treu. Wenn alle gehen, geht er anzocken. Oh, Freya. Oh, du gehst. I'm so sorry. Ich habe die halt echt knallhart überlesen. So, ich gehe mal. Hey, Freya, dann wünsche ich dir ganz eine gute Nacht. Schön bist du da gewesen, Freya. Merci nochmal vielmals für die vielen Shoutouts. Ich muss endlich mal einen Shoutout geben, Freya. Das ist das Mindeste, was ich irgendwie machen kann. Was ich auch sagen, danke für die vielen Shoutouts, die du auch immer machst. Gell? Und lieber Chat, Freya, English Streamer, English Streamer aus der Schweiz. Geht dort mal vorbei. Dort hat es auch Alerts von mir, Chat. Oh, Freya. Freya. Einfach nur schnell. Einfach, dass es schnell gezeigt ist. Ja, das habe ich designt und das gibt es auch als Untersätze im Merch-Store von der Freya. So, schnell ein bisschen Werbung gemacht, muss auch sein. Und Freya, ich wünsche dir ganz eine gute Nacht, schlaf gut und schönen Sonntag noch. Zeitumstellung nicht vergessen, 12 Minuten. Dann reisen wir in die Vergangenheit zurück. Freya, mach's gut, bye bye, tschüss. Ich wollte dich nicht ignorieren. What? Ja, Freya, ich habe es halt gekauft. Da, ich habe es gekauft im Merch Store. What just happened? Ja, ich habe Merch von dir gekauft, Freya. Mit meinem Design drauf. Let's go. Jetzt habe ich einen Kaffeetrink umgeschmissen, aber zum Glück ist er leer. Und Nick, was du meinst, ist... Ausrufezeichen frei. Ja, let's go. Let's go. Ist einfach immer noch so eine super Reaction, die du damals sprengen kannst, oder? Ja, blöd, dass es jetzt mein Design ist. Ja, das meine ich natürlich. Ich habe das Design gemacht für die Freya. Das gehört natürlich der Freya. Aber Freya, ich habe auch Freude. Darum habe ich es gekauft. Ja, Freude daran. So, Chat, Freya, gute Nacht, schlaf gut, mach's gut. Ich lese mal schnell weiter. Habe ich das schon angefangen zu lesen? Ich weiß es nicht. Auf dem Weg zum Ziel macht das Haus am See weitere Fortschritte und verfolgt verschiedene Forschungsansätze. Kürzlich hat ein solcher Ansatz unerwartet Ergebnisse erzielt. Die Erforschung von Kinderreimen, oh mein Gott, unter der Leitung von Dr. und Dr. Marmont, Doktor und Doktor, angeführt von Dr. Campbell. Als Kunstform hat sich als vielversprechend erwiesen, eine Verbindung mit der Schwelle am Cauldron Lake einzugehen. Daher werden die Kinderreimergebnisse nun durch die Co-Leiter der Forschungsabteilung aufgegriffen und in der laufenden Forschung im Haus am See eingegliedert, und zwar mit sofortiger Wirkung. Forschungsteams werden darüber in Kenntnis gesetzt, wie die effektiven Elemente der Kinderreime in ihre eigenen Arbeiten zu integrieren sind. Anmerkung: Dr. Campbell und sein Team werden abkommandiert. Sie werden ihre Arbeit zu den Kinderreimen außerhalb des Hauses am See fortsetzen, Risiken und offenlegen und durch die Durchführung streng vertraulicher Arbeiten außerhalb der Einrichtung wurden durch die Co-Leiter der Forschungsabteilung geprüft und genehmigt. Gezeichnet Dr. Diana und Dr. Jules Marmont. Das sieht echt super aus. Danke, Troy. Bis morgen, in dem Fall Freya. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss. Ja, das habe ich wollen. Nick. Der Nick. So, schnell schauen, haben wir sonst noch etwas? Ist jetzt nicht so umwerfend gewesen, oder, Chat? Merci vielmals für Bidis. Merci vielmals, Martyr Musics, für 50 Bidis. Danke vielmals für deinen Support. Merci vielmals. Chat, fragt euch nicht. So, gut, dann wäre das auch gemacht.
drücken Sie nicht auf den roten Knopf. Okay. Okay. First off, a huge thank you to everyone here. The Lake House has made amazing strides in researching the AWE here at Cauldron Lake. Great work, team. Und guten Morgen nochmal, Marcher Musics. Guten Morgen. Der Stuhl ist beschissen. No reason to be scared. Do you hear that, Dr. Marmot? Er ist ein bisschen laut in meinem Ohr da, Gottverdeckel. I want to focus on the relationship between the shadow and the AWE site below the lake. The theory that the shadow even originates from the dimension this threshold is tapping into is compelling. Eventually, I want to understand how this dimension manages to convert Ja, das ist ein cooler Dude. into objective reality. Und da nochmal schnell als Erinnerung, wer ist denn das? Altered items or even objects of power. Die Stimme von... Die Stimme von... These are the things we need to know. Alan Wake. Classify the shadow. I mean, that name is not very scientific. I mean, who came up with that? Shadow. So, any and all proposals. Man hört es auch mega gut raus. Anything testing art's effect on reality by using the shadow's energy is preferred. To find answers, we'll first need a lot of data. No wrong answers. And when I return to the oldest house, I'll take back anything we end up with to run against a classified project called Hedron to build a comparative data set. I wish I could tell you more. It's a very, very exciting non-physical forces impacting. Oh, no, sorry, I really can't. It is. Das erzählt noch ewig weiter, oder? You know what? Maybe some of you can come visit. We'll have to get you clearance, of course, but if that would, maybe that can. You know what? I don't want to take the entire day talking. So. Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit. Represents a whole new area of research, and I couldn't be more excited to start digging in. Okay, gut. It is a great new world, people. Gut, merci. Der redet gern. Aber ich habe es tatsächlich, ich finde es auch cool. Vor allem, dass sie ihn integriert haben, nochmal, die Synchronstimme von Alan Wake, also der Synchronsprecher, wo so im Video dann nochmal vorkommt. Also, Chat, was haben wir jetzt genau gemacht? Wir haben das Knöpfchen gedrückt und dann... If you can understand me, I am an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action against me or any action that can be perceived as hostile. Nein. Kann ich auf die schiessen, Mann? Die kommen nicht hier rein, oder? Aber kann ich? Das geht nicht, oder? Da geht nicht. This isn't working. Okay, einfach for science haben wir es schnell probieren. Gehen wir da schnell safen. Gehen wir speichern. Ne? Schnell runterkommen, Chat lesen. Herzig, wie du alles übersetzt. Schnell lesen, wo sind wir? Also von mir aus kann der noch 2 Stunden weiterreden, ich lasse ihm gerne zu. Es ist halt, ich will ein bisschen Action. Ich persönlich will ein bisschen Action. Und jetzt habe ich sie bekommen, ich weiss nicht, was ich machen muss. Warum hält sie Vortrag gegenüber diesen Viechern? Ja, habe ich jetzt irgendwie auch, habe ich mich auch gefragt. Aber ich frage mich auch, ich kann nichts machen, das heisst, ich muss einfach weg, oder? Kann ich da etwas machen? Was ist, wenn ich da drücke? Aha. Okay, jetzt sehe ich wenigstens, was passiert. Aber das ist immer hin und her, auf und zu, oder? Auf und zu. Dort gehe ich hin. Dort gehe ich hin, Chat. Ja, easy peasy, oder? Müssen wir healen? Müssen wir nicht. Wir sind Hardcore. Hardcore, Chat. Bye bye.
Bye bye. What were those things? Wo gehen wir an? Wir sind in der -1 gewesen, wir gehen ins -2. Okay, deep breaths. One. Chat, wir müssen schnell. Also, es dauert noch 3 Minuten. Es dauert noch 3 Minuten und dann ist 3. Also, nein, eigentlich ist dann 2. Aber ich frage mich, ob das Geräusch kommt. Jetzt soll eine Prediction machen. Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Jetzt ist es ein bisschen zu spät. Wait a second. Chat. Ich mache nachher eine 1-Minute-Prediction jetzt rein. Kommt am 3, also am 3 meine ich in 2 Minuten, einfach, dass keine Verwirrung rum ist. Kommt in 2 Minuten der 3 Uhr Sound. Ich habe noch 40 Sekunden, ich habe einen Kanalpunkt verwetten. Ich habe das Gefühl, nein. Aber ich weiß es echt nicht. Jetzt. Da kommen Punkte rein, Chat. Da kommen Punkte rein. Es bleibt spannend. Ich wechsle schnell auf die andere Szene. Ja, wir werden jetzt das zusammen erleben. Die Zeitumstellung, Chat. Und um 3 Uhr morgens kommt immer der Sohn. Und um 3 Uhr morgens kommt immer der Sohn vorbei, der Sohnemann. Ja, den ich einmal im Jahr gesehen. All in, oh mein Gott, okay, da sind einige Punkte drin. 1 Minute noch, Chat, 1 Minute. 50 Sekunden. Ich glaube, 7TV Blocked Predictions. Oh, wieso? Das war mir aber neu, Wolfi. Ja, doof. Du KTV4, Servus, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Und nochmal Grüße nach YouTube. Wie geht's dir? By the way, falls du dich fragst, ne? Es gibt so ein Ding, dass um 3 Uhr ein Geräusch kommt. Ich mache auch die Musik kurz weg. Um 3 Uhr kommt ein Geräusch und die Frage ist jetzt, kommt's jetzt oder erst in einer Stunde mit der Zeitumstellung, Chat? 9 Sekunden. Oh, es ist nicht gekommen. Es ist nicht gekommen, Chat. 3 Uhr und es ist nicht gekommen. Das heißt, fies, nicht nur gemein, fies. Ja, der Avalon so, der Avalon. Oh shit, das hat nicht. Wieso war das? Avalon so. Es ist auch erst 2, oder? Es ist halt auch erst 2, Chat. Was haben das Gefühl? Also, Chat, ich löse auf. Es ist nicht gekommen. Nein! Let's go. Es werden Punkte verteilt. Leider. Sorry für alle, die Punkte verloren haben. GG's, alle, die Punkte bekommen haben. So, 2 Uhr morgens zum zweiten Zeit zum ins Bett gehen. Hey Carnage. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht voller süßer Träume, in denen du nicht verreckst, sondern sanft in deinen Socken eingewickelt bist. Mögest du friedlich schlafen, ohne auszubluten oder elendig zu sein. Träum süß, hey Carnage, mach's gut. Schönen Sonntag noch, gute Nacht und genieß die 1 Stunde, die du geschenkt bekommen hast, die dir auch geklaut wurden bei der letzten Zeitumstellung, die du aber allerdings auch mal geschenkt bekommen hast bei der vorletzten Zeitumstellung, die dir allerdings, du weißt schon, was ich meine. Ne? Schlaf gut und träum süß. Mehr mit dem Spielzeughammer. Let's go. Let's go. So, Chat. Awkward silence. 2, 3, 4, 5, 6. Look, you never really get used to the shit you see in this job, but you can learn techniques to adjust, to function,
Das Programm für meinen Soundmixer hat sich gerade aufgehängt und es ist Then bei der get to work. Uhr bei Find the source, 2:59 stehen. threshold. Was hast du für ein Programm? Wie heisst das? Da müsstest du eigentlich fast den Bug melden. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben auch schon mega verwirrende Sachen gehabt mit dem Streamerbot, weil ich kann euch sagen, wenn jetzt ein Cooldown aktiv war, bevor der, ja, wobei, nein, dann, eigentlich ist es so, alle Cooldowns sollten jetzt eigentlich eine Stunde abgezogen bekommen haben. Oder nicht? Nein, diesen Weg. Zusätzlich bekommen haben. Also jeder laufende Cooldown hat jetzt eigentlich eine Stunde plus bekommen. Aber ich weiss nicht, ob irgendein Cooldown aktiv war. So, Chat, was tönt da so? Ah, das ist meine Uhr. Meine Uhr ist sich am neu einstellen, Chat. Ich muss nochmal schnell im Streamerbot etwas machen. So. Was ist gezogen worden? Meere mit dem Dunkelwald. Oha. Ja, es hat eine Gratiskarte bekommen. Hey, Meere, darfst du im Fall 3-mal raten, was ich in dem Moment gemacht habe, wo du gezogen hast? Ich habe es ausgeschaltet. Weil ich eben Angst hatte, dass der Cooldown jetzt irgendwie, dass der Cooldown weggeputzt hat und alle nochmal einlösen können. Jetzt hast du mega Glück gehabt, dass du die noch bekommen hast. Wirklich so wahrscheinlich auf die letzte Millisekunde. Nice one. Das ist so ein China-Unternehmen, Creator Central von Avermedia. Okay. Ja, wenn du irgendjemandem einen Bug melden kannst, würde ich das machen. Ich glaube, du würdest allen Gefallen machen, Jamon. Aber ich mache es auf jeden Fall amigs so. Denke mir, ich habe einen Bug gefunden. Einfach alles das ist so der Millennium-Bug, oder? Jetzt stürzt alles ab. Das stürzt aber noch öfter ab. Das ist allerdings nicht gut. Also im allerletzten Moment mitgenommen. Hey, absolut. Absolument. Ja, direkt wieder im Horror drin. If you can understand me, I'm an agent of the Federal Bureau of Control. I can assist you if you take no hostile action against me or any action that can be perceived as hostile. Do you understand? Well, I'll be damned. Ich gumpe einfach rein, oder, Chat? Gumpen wir rein. So what kind of entity are you? Oh, that's on. You can speak. That means you probably imprinted on a person or retained some of your former self's information. Previously human, maybe? Okay, I can work with that. Sind Sie eine Frau? Nein, sorry. Sind Sie ein I Feind? just had an unpleasant encounter with some other painted individuals. Any relation? What is Ich pausiere kurz. Jessie, du gehst schlafen. Jessie, dann wünsche ich dir ganz eine gute Nacht. Schön warst du hier und mach's gut. Schönen Sonntag noch. Genieß auch du die zusätzliche Stunde. Und Jessie, man liest sich, ne? Bye bye, tschüss. Hey, Troy, das ist nicht Mario 64, das ist ein Horror-Game. Ich habe auch genau an das gedacht, oder? Okay, hey, calm down. Chillen. To cease all hostility. Take a chill pill. now? Karte aktuell. Karte aktuell. Aktualisiert, okay. Bad news? That thing is really pissed off. Good news. It didn't try to kill me. Okay, baby steps. Okay, schnell müsste zu der Musik passend etwas machen. Aber wait a second, jetzt gehen wo sind wir? Hä? wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir doch ein -2, oder nicht?
Komm on. Dann gehen wir jetzt das -3, oder? Ich will nur for Science. Angry living paintings are not typically on the Cauldron Lake bingo card. Sind wir nicht das -2 gefahren vorher? Something different was happening at the lake house, and I couldn't let it escape. Bright Falls didn't need this Oder hat sich particular die Realität cherry on its already verändert? shitty Sunday. Hey Jesse, True, bis später. Ne? Trio Katastrophale, let's go. Chain Together mit Ullen und Mr. Bletch auf meinem Channel. Sonntag, heute Sonntag. Ne? Ich weiß es nicht mehr, Chat, ich weiß es nicht mehr, 18 Uhr oder so. Ne? Irgendwann. Sublevel 3. This isn't the floor I wanted. Ja, okay. Chat, das spielt gar keine Rolle, was wir drücken. Ich könnte jedes Knöpfchen drücken, wir würden geführt werden vom Spiel. Jetzt gehen wir da schnell nach System looten. He? Looten nach System, Chat. Lesen. Also man kann eigentlich weniger looten und mehr lesen. Ich muss mich noch bedanken für das Abo auf YouTube von Der Gamer. Merci vielmals, danke dir für das Abo. Und wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Chat, heute ist richtig postlos auf YouTube. Das ist abartig. Hast du mir genau perfekt Bescheid gegeben dafür. Merci vielmals, Highway Racer. Hey, ja, indeed. Ich habe 2 gedrückt, aber es geht einfach irgendjemand hin. Also das Spiel führt mich in dem Sinn. Ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich hingehe. Aber das ist auch gut, weil ich bin ja eh nur verwirrt und lost. Und so geht mir das Game endlich vor, wo ich hingehe. Verbesserung, ASG-Ausgabe und Kalibrierung. Das automatisierte Schreibgerät ASG produziert Texte im Stil von Alan Wake, einem bekannten Paratotalitarier, mit dem Ziel, die Realität mit derselben Beständigkeit zu verändern, wie es die Werke von Mr. Wake taten. Um diesen Grad der Authentizität, ich kann ihn lesen, Um diesen Grad der Authentizität zu erreichen, muss jede vom ASG produzierte Seite bewertet und anhand der Ähnlichkeit zu Wakes eigenem Stil benotet werden. Die Seiten werden anhand der folgenden Kriterien bewertet. Verständlichkeit, das ist das grundlegendste Kriterium. Die Seite muss Geschichten in verständlicher, organischer Sprache entwickeln. Stil, die Seite muss anhand von Referenzseiten aus dem Besitz des Hauses am See den typischen Stil von Wakes Texten exakt kopieren. Ausdruck, die Seiten anhand von Referenzseiten aus dem Besitz des Hauses am See den typischen Ausdruck von Wakes Texten exakt kopieren. Inhalt, oh mein Gott, das hört nicht auf. Die Seite muss anhand von Referenzseiten aus dem Besitz des Hauses am See den typischen Inhalt von Wakes Texten exakt kopieren. Okay. Sobald die Seiten benotet wurden, werden sie dem Algorithmus als bevorzugtes Referenzmaterial zugeführt, wodurch die Schriftstücke der ASGs immer weiter verfeinert werden, bis sie Geschichten produzieren können, die nahezu identisch mit denen von Alan Wake sind. Sobald dieses Ziel erreicht wurde, geben wir den ASGs Anweisungen darüber, wie sie schreiben sollen, um so effektiv die Kontrolle über Wakes Fähigkeit zu gewinnen, sich der Schattenenergie zu verbinden. ChatGPT. AI. Das ist schon verdächtig eine Anspielung auf AI, oder Chat? Sehen Sie das auch so? Oder bin ich da der Einzige? Awake GBT. True. Hey, welcome back, Snuffies. Hello. So, haben wir da. Das fand ich jetzt noch interessant gefunden, dass sie da so ein Ding haben. Ich habe das Gefühl, das spielt
eine zentrale Rolle. Rina, gehst du schlafen? Hey, Rina, ich bedanke mich für den Schlurk. So, meine Lieben, ich mache mich dann mal auf den Weg ins Bett. Haben ja schon 2 Uhr zum 2. Mal. Euch noch einen tollen Stream und schlaft später gut. Danke für den tollen Stream, Troy. Oh, hey, Rina, danke dir für die netten Worte. Danke dir, dass du hier warst. Und Rina, gute Nacht. Ich wünsche dir einen erholsamen Schlaf voller Träume von epischen Gameplay-Momenten. Epische Gameplay-Momente, Chat. Und Abenteuern. Troilina, die Streamerin, schickt dir Sternenstab, damit deine Träume unvergesslich werden. Schlaf gut. Oh. Hey, Rina, schönen Sonntag auch dir noch und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. So. Spielen wir schnell ab. September 12, 2023. Notes regarding a page of an Alan Wake manuscript I found in the archives. I checked the records, and this page is not in our inventory. I believe it manifested inside the lake house directly. I won't be filing this page. It'll just send Jules into a panic. The page is written in Wake's usual style, so I can't say for certain if it's being literal or figurative when it calls us monsters. But what's interesting is that the page indicates that a painting succeeded in linking Cauldron Lake's threshold with our facility. Writing has always been the clearly superior avenue of research, but I never considered that the writing itself would dictate a different art form as the catalyst for our success. I cannot accept that. I can't allow Jules to stumble his way into success. Not after the years of work I put into this research. I got word yesterday that 2 writers are visiting Bright Falls. I will beat Jules to the finish line. Okay. Also da die beiden und so, hä? Interesting. Organisatorisches Update. In Zukunft werden die Forschungsarbeiten im Haus am See in zwei unterschiedliche Projekte aufgeteilt. Projekt X10032 AW, Codename Arbutus, konzentriert sich auf die Untersuchung der Schriften von mit Dr. Diana Mormont als Projektleiterin. Projekt C, bla 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 bla, Codename Ramnus, wird sich auf die Untersuchung von und seine Arbeit konzentrieren, die mit Dr. Jules Mormont als Projektleiter. Was? Ja, okay. In Kürze werden die Mitarbeiter über ihre Projektzuweisung und alle erforderlichen Schreibtischwechsel benachrichtigt. Während dieser Umstrukturierung bitten wir um Ihre Geduld. Dies ist eine interne Angelegenheit und darf nicht mit externen Vertretern oder Teams besprochen werden. Bei Fragen wendet euch bitte direkt an mich. Gezeichnet Harry Kingston, Gebäudeverwalter. Also da haben wir wieder Ramnus und Arbutus, die beiden Projekte. Tiger sagt noch episches Gameplay. In welchem Kanal bitte? Hey, Tiger. Aber du hast halt recht. Jetzt habe ich die aber nur gesehen von dem Monster wegrennen. Hey, jetzt gehen wir rein und schön ballern um, okay? Aber es wäre cool, wenn ich noch irgendwie so einen Minigun finde oder so. Ja, Minigun. Okay, schon klar. Rudolph Lane stood back from the canvas. He didn't recognize the piece. Did he paint this? His mind was foggy, unfocused. He knew the Marmonts were putting something in his food. A man in a white coat came to steer Lane back to his cell. He did not resist. He was too tired. He lay on the bed, but the stench in his cell wouldn't let him sleep. An acid stink. The turpentine. The paint. It was all over him. Years of it. 1,000 paintings. 1,000 more to come. A putrid weight he could never wash away. Cold hate simmered below the mist clogging his thoughts. Hatred for the paint. Hatred for the brushes. For the Marmonts. For himself. Okay. Das, by the way, das ist genau das, was er jetzt vorgelesen hat.
Wenigstens ein Dokument, das synchronisiert worden ist und man nicht lesen muss, ja. Das ist true. Darum lese ich es jetzt auch nicht vor. Wörter pro Satz WPS. Okay. Ich muss nicht nüssen, okay. Maximal 12, Minimum 1, durchschnittlich 6,71 ist Score-Leiter, ein Wort oder zwei. Ja, okay, die Probleme, ne? Stil enthält Dialoge, gekürzte Formulierungen, dritte Person allwissend, grober Zeitablauf. Marmont, Diana, Jules, FBC, Haus am See, Konflikt, Wasserdunkel. Okay, interesting. Diana and Jules Marmont had once been a team. Rising stars in the Bureau, both talented in their own way. Diana innovated and Jules got funding from the bureaucrats. Cooperation led to respect. Connection. Then after a decade of hard work, the happy couple were promoted. Co-heads of research. Their first years at the lake house were good. Challenging, but not insurmountable. Not for them. Gradually, thoughts fell into their heads like drops of dark water. Why does she get all the credit? Why does he get any credit? With that, a crack formed in the lake house. The Marmonts and their work became arrogant, erratic. The crack widened and the water seeped in. Okay, interesting. 15,1, 6,41. Charakterorientiert, Vergangenheit, gekürzte Formulierungen, mehr Adjektive, gezielte Zeitachse. Story-Konzepte, Rudolph Lane, Farbe, Geruch, Mormons, Hasskonflikt. Ich weiß immer noch nicht, ob das Marmont ist oder ist es Français oder ist es irgendwie Englisch. Marmonts. I don't know. Okay, interesting. Interesting, Chat, wir gehen weiter. Wir sind da für zum Umballern, Chat. Umballern. Woher bin ich überhaupt gekommen? Fuck, woher bin ich gekommen? Ah, okay. Komm, erzähl mal. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. Können wir dich auch abstellen? Ich will das gerne abstellen. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. It became trapped, stagnant, went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. Es stört mich gerade ein bisschen, dass das jetzt läuft. Jetzt muss ich da Zeug vorlesen, während der Scheiß läuft. Ich will das abschalten, Mann. Abschalten hier. There was a crack in the lake house. Wir machen das anders. So, wäre schnell leislich. Was haben wir da? Jetzt war ich weiß, jetzt muss ich wieder lernen lassen. The art was not art, just content. Marmont. Wir lassen nochmal schnell. There was a crack in the lake house. Das The können wir wissen. Marmonts had let the lake The Marmonts. in, but the water could not flow. Ich sage gleich Marmont. Marmonts. Bericht über die ersten Ergebnisse Edward Franklin Booker. Geboren in New York, derzeit wohnhaft in New York. Verheiratet mit Tamita Booker, keine bekannten Kinder oder Angehörigen. Keine parakriminellen Verbindungen bekannt. Zum Zeitpunkt des 10.09.2023 in Bright Falls,
Washington. Schriftsteller und Regisseur von 5 Theaterstücken erfolglos. Bestätigter Künstler, Bezeichnung Autor, Stückeschreiber. Vermerk, Hintergrund untersuchen, bla 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 bla. Ist das überhaupt irgendwie interessant? Okay. Hat nie gedacht, dass die Bookers nochmal Bookers, das ist true, von denen haben wir auch schon irgendetwas gehört. Da, Projekt Arbutus, Bericht über die ersten Was ist jetzt da? Aha, hä? Moment, müssen wir schnell schauen. Edward Franklin Booker damit Madison Booker. Geboren in Atlanta, derzeit wohnhaft in New York. Was ist GA schon wieder, Chat? GA. Atlanta. Ich weiß es nicht. Was ist das für ein Staat? Hey, aber Arti, Mann. Gute Nacht, Arti. Möge deine Nacht so entspannend sein wie ein Schenkengipfeli in einem gemütlichen Café. Träume von Abenteuern mit deinem Hund namens Gizmo und lass Yoda dich in eine erholsame Nacht führen. Schlafe gut, hey, Arti. Schön bist du dabei gewesen. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Fühl dich gedrückt, Arti. Und ja, ich sage da, und du mir auch immer sagst, wenn du jemanden brauchst zum Reden, dann melde dich. Ne? Melde dich. Arti, schönen Sonntag noch, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Das sind die am Anfang vom Main Game den Mord finden und nachher aha, ja, natürlich, das sind die beiden. Oh mein Gott. Ja. True, jetzt habe ich es. Und also bin wieder da, er muss noch schnell, noch kurz dürfen, ausserplanmässig arbeiten, 3 Stunden. Oh no. Gut bin ich im Rhythmus, Troy. Sehr geil, Platsch. Ja, und ich bin jetzt da inzwischen im Gameplay gelandet. Und es ist viel Story. Wir werden ein bisschen überhäuft mit Story. Ab und zu mal ein bisschen Action. Oh mein Gott, by the way, UE Robin auf YouTube. Sorry, es kommt sehr spät, aber danke noch für das Abo auf YouTube. Merci vielmals. Ja, das ist bestimmt, nein, das ist nicht das Generalabonnement. Das ist ein State. Aber was ist es? Was ist GA? Ich kenne mich nicht aus. Wo ist Atlanta? GA. I don't know. Würde gerne länger bleiben, aber morgen das letzte Event. Hey Art, ich drücke den Daumen. Georgia, ist es Atlanta, Georgia? Das könnte aber noch sein. Hast du gegoogelt? Es ist Georgia. Das ist aber da, wo mich verwirrt hat. Ich hatte jetzt schon getippt auf Georgia, aber ich habe gedacht, ja, das kann ja nicht Georgia sein. So, why? Aber hey, ist es halt wirklich? Okay, merci fürs Googlen. Und hey, Slicks, viel Spaß euch noch. Ich hau mich hin. Hey Slicks, danke dir, dass du hier warst. Und ich wünsche dir eine ganz gute Nacht. Genieße auch die Stunde, die zusätzliche. Und genieße den Sonntag noch. Slicks, ja, ich gucke auch mal wieder bei dir vorbei. Mach's gut, bye bye, tschüss. Hey, Platsch, sag mir noch schnell, um welche Zeit ist es überhaupt? Ich habe völlig vergessen, um welche Zeit es ist. Ich weiss, ich könnte nachschauen, aber du bist jetzt da, du kannst mir helfen. Wann starten wir? Hast du jetzt echt eine Stunde gratis geschafft? Oh no. Das ist eigentlich noch spannend. Der Gedanke ist also schon. Da muss man sich schon überlegen. Eigentlich ja schon. Erklärt das ab, hey. Schlussendlich wird das gerechnet, was du an Dauer geschafft hast. Ich nehme nicht an, dass eine Zeit eine Rolle spielt, oder Zeitumstellung. So, Chat, ich mache noch ein bisschen weiter. Die Frage ist noch offen, wann starten wir morgen, Platsch? Das kannst du mir sicher noch beantworten. Ausser du weißt es auch nicht. Ich muss nachschauen.
Also jetzt haben wir hier den Loop. Ah nein, ich habe es jetzt vorgelesen. Chat, habe ich es jetzt vorgelesen? Ich habe es gar nicht vorgelesen. Also geboren in Atlanta, Georgia, derzeit wohnhaft in New York. Verheiratet mit Edward Franklin Booker, keine bekannten Kinder oder Angehörigen, keine parakriminellen Verbindungen bekannt. Zum Zeitpunkt des 10.09.23 in Bright Falls, Washington. Autorin von 3 kommerziell erfolgreichen Büchern über echte Kriminalfälle. Erste Veröffentlichung war eine Gedichtsammlung, erfolglos. Bestätigte Künstlerin, Bezeichnung Autorin, Dichterin. Und der Vermerk, den wir vorhin schon hatten. Okay. Trapped, stagnant, went bad. Warum haben die eigentlich nicht Rose als Autorin dazu? Hey, sag's nicht. Und die Fanseiten müssen wir eigentlich auch mal analysieren. Wir müssen mal die Fanseiten hier reinfüttern in das Ding. Das sind doch die besten Fanfictions. Ja, und Fanfictions über Alan Wake geschrieben. True. Ich bin gerade am Nachschauen. Ich finde es gut, dass du auch nachschauen musst. Ich habe ein bisschen Werbung gemacht, lieber Chat. Stream auf meinem Channel. Heute, Sonntag. 18 Uhr, in dem Fall. 17.45 Uhr treffen wir uns und ja, dann stimmt das schon. Also 18 Uhr, im Kalender eintragen auf meinem Channel. Change Together. Mit dem Ullenbullen und dem Mr. Bletch. Mal schauen, Change Together sollten wir theoretisch so fertig schaffen, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, dann schauen wir mal, wie wir noch auffüllen, was wir noch machen. So, Chat. Haben wir eigentlich da... Ah, da haben wir Loot. Das ist aber nicht Minigun. Ich habe Haufen Munition, ja geil, aber wenn die Viecher kommen, kann ich ja gar nichts machen. Also, Chat. Ui. Oh. Typewriters. Schreibmaschine. Please don't let this be what I think it is. As you know by now, typewriters and Cauldron Lake do not mix. And a room full of them all clacking away? 100% bad Das news. ist alles so verwirrend im Fall. Was ist unser Ziel? Begib dich zum Ort des Experimentes im Untergeschoss 5. Finde einen Weg zur Schlüsselkarte und Waffe, indem du die Einrichtung erkundest. Okay. Need a higher Oh, clearance komm ich nicht. keycard. Oh, ja 02. Da kommen wir natürlich nicht durch. Man hat ja gesehen im DLC, wie das rauskommt. Ja, das ist wirklich so. Aber das habe ich mega nice gefunden. Ich habe es wirklich einfach so völlig over the top gefunden. Und dann noch... Es war echt geil gewesen. Es war einfach wirklich ein gutes DLC gewesen. Also, ich will jetzt mit dem jetzt auch nicht sagen, dass das schlecht ist. Es ist einfach komplett anders. Das ist halt so ein bisschen ernst. Viel Story, die ergänzend ist zum Main Game. Viel Story, die halt auch so ein bisschen... Gut! Oh! Laune-Raid! Ein Laune-Raid. Chris macht Laune. Liebe Raiders, ich danke euch, dass ihr zu mir raidet. Holy shit, Chris. Ich danke dir für den Raid. Ich wechsle kurz die Szene, mache ein bisschen Musik rein. Und wir machen jetzt zuerst ein Foto zusammen. Also, liebe Raiders, geht noch nicht. Wir machen ein Foto und es braucht alle von euch. Ne? Es braucht alle von euch. Chris, was gab's bei euch? Was gab's bei euch? Was hast du gestreamt? Wie war dein Stream? Und hallo, liebe Raiders, hallo Don, hallo 16-Bit Mascha, Schnecke, let's go. Ja, bekannte Namen hier, natürlich Chris, Fresh wie Mentor und Slippy und Cree-Art Moments, let's go. Schön, dass ihr alle hier seid. Gebt doch alle einmal Ausrufezeichen, Foto ein, dann kommt ihr mit dem lieben Chris oder dem Logo von Chris und mir aufs Bild mit eurem Profilbild. So, und ich drücke hier noch kurz meine Knöpfchen. So ein bisschen Blur rein, damit ihr nicht untergeht im Hintergrund. Let's go.
Und ich begrüße weiter King Ragnar, Tom High, Sabi Berlin, grüezi miteinander. Ich bin übrigens der Troy aus der Schweiz. Bei mir gibt es viele schweizerdeutsche Unterhaltung mit vielen Spielereien, Effekten, Interaktivität, viel Gelaber und Hashtag eventuell auch mal Gameplay. Und wir sind aktuell im Gameplay drin und nämlich im DLC von Alan Wake 2, dem DLC, das sich nennt Haus am See. Wir sind da noch nicht besonders weit. Es ist viel Story. Aber einfach, dass ihr Bescheid wisst, auch eine Spoiler Alert natürlich. Aber jetzt machen wir zuerst ein Foto und dann, Chat, dann passiert da noch was, weil ihr habt voll gemacht, mehr als voll. Wir sind bei 31 von 15 Raiders. Das heißt, dass wir den Bossfight machen. Und ich frage jetzt aber Chris, bist du in 20 Minuten noch da? Weil ich würde den Bosskampf reinqueuen für in 20 Minuten. Der Bosskampf, das ist was, das ich selbst gebaut habe. Ihr Chat kämpft gegen mich. Rundenbasiertes Kampfsystem. Und ich kann euch nur empfehlen, bleibt dabei für den Bosskampf oder stellt euch einen Timer. Aber Chris, du kannst mir natürlich auch sagen, weil ich weiß ja, wie es ist, nach dem Stream, ne? Man muss noch Dinge, man will was essen, man muss Pipi machen gehen. Du kannst mir sagen, oder schlafen gehen. Kannst mir sagen, nee, 20 Minuten sind zu viel oder nee, 20 Minuten sind zu wenig. Ich passe mich da gerne auch noch ein bisschen an. So, und ich begrüße noch Silly Popilli. Was für ein schöner Name. Let's go. Und jetzt lese ich mal, was Kristen noch geschrieben hat. Wir haben uns Silent Hill 2 Remake gegönnt. Oh mein Gott, das muss ich auch noch zocken. Wie findest du's? Ich habe es ein wenig mitgeschaut in Streams, will mich aber auch nicht zu fest spoilern. Ich habe das Original auch schon gezockt, aber ich weiß schon gar nicht, was da passiert ist, storymäßig. Aber es sieht sehr interessant aus. Ich denke, ja, wir werden nur gleich erstmal in den Aftertalk rein und was essen und was trinken. Aber dann, ich mache mal 20 Minuten, ne? Machen wir es so, da ist der Timer. Am besten stellst du dir auch einen Timer, ne? Dann kannst du da in Ruhe die Dinge erledigen. Und es ist aber auch nicht schlimm, wenn du dann nicht da bist. Es wäre natürlich geil, wenn du da bist, weil du bist ein Dungeon Leader und dann, du hast Dreifach-Votes. Ne? Du kannst am meisten Einfluss nehmen auf das Kampfgeschehen. Aber du kannst auch dann dazu joinen, wenn der Bossfight schon läuft. Also mach dir da auch keinen Stress. Ne? Heftig alleine der Sound. Oh, und ich finde es absolut sick. 12 von 10. Okay. Oh, ich will das auch zocken, Chat. Ich will das auch zocken. Aber ich bin jetzt noch an dem dran. Alan Wake DLC. Dann müsste ich Song of Horror noch fertig spielen. Und ich muss da die ganze Episode 2 wiederholen, weil ich da gestorben bin. Und dann vielleicht mache ich dann auch mal Silent Hill 2. Das wäre echt nice. So, Chat. Oh, wie viele Leute haben wir drauf? 27 Leute. Wer noch nicht auf dem Foto ist, Chat. Jetzt ist die Chance hier. Gebt alle, die das jetzt hören, ne? Alle, die mitgeradet sind, alle, die schon hier waren, gebt alle ein Ausrufezeichen-Foto in den Chat. Damit ihr noch mit eurem Profilbild draufkommt. Wir haben 28 Leute drauf. So. Und ich begrüße noch Beast. Beast, grüezi, schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. So, habe ich noch was überlesen? Oha, danke für den Follow, Beast. Danke dir und willkommen hier auf meinem Channel. Chris, natürlich auch danke dir für den Follow. 16-Bit Mascha, danke für den Follow. Und Slippy, danke dir für den Follow. Willkommen hier auf meinem Channel. Freut mich riesig, dass ihr den Weg zu mir gefunden habt. Respektiv Chris, dass du deine Zuschauer mir anvertraust. Ne? Du willst Silent Hill 2 zocken, ich will Alan Wake 2 zocken. Dann machen wir so einen Tausch. Ne? Ich gebe dir das Alan Wake 2, du gibst mir das Silent Hill 2. Nee, aber ja, also Alan Wake 2, das Hauptspiel natürlich, meinst du wahrscheinlich, ist nice. Ist sehr, sehr, sehr geil.
Ich finde es ein bisschen sehr komplex von der Story. Es ist auch sehr, sehr, wie soll ich sagen, übernatürlich, so in diese Richtung. Viel Interpretationsspielraum, ne? Aber es ist sehr geil. Sehr geil. Kann es auch empfehlen. Nur Gutes gehört. Deal! Let's go, let's go. So, Chat, wer ist noch nicht drauf? 28 Leute. Bring eine Person, ne? Ich weiß, um diese Zeit schaffen wir es wahrscheinlich nicht auf 37 Leute, aber eine Person. Come on. Da ist noch jemand. Irgendjemand hört da noch meine Stimme. Let's go. So simple. Let's fucking go. So, Chat. Ich bereite das Foto vor. Titel ist Danke für den Raid. Passt alles. Dann würde ich sagen, das Foto machen wir in zwischen 7 und 15 Sekunden. Let's go, Chris. Macht Laune. Hier unser Foto. Wunderschönes Foto, viele Leute drauf. Und dieses Foto ist ab jetzt auf dem Discord drauf, Ausrufezeichen DC. Und ich mache dann noch eine Story auf Insta. Sofern finde ich dich auf Insta unter dem Namen. Ich gucke halt immer, ob der Name da ist, ne? Der Username 1:1. Wenn du aber einen anderen Namen hast, kannst du mir per DM gerne auch Bescheid sagen, damit ich dich markieren kann. Ich mache dann noch eine Twitch-Story, wo ich dich auch markiere. Das Foto kann man sich auch in physischer Form bestellen, hatten wir heute auch schon. Link zum Merch-Store ist im Chat. Kann man sich das auch bestellen, wenn du möchtest. Dann würde ich das per Post zuschicken. Let's go. Ich habe jetzt schon wieder 2 neue Eicheln gemacht. Ohne Scheiß-Fienchen. Oh mein Gott. Ne? Schnell zur Erklärung. Die liebe Fienchen im Chat, Fienchen85, hat mir viele, viele solcher Eicheln hier gemacht. Ne? Eichel. Das ist Franziskus die Eichel, by the way. Ist so ein Thema bei mir im Channel. Tonnenweise. Sehr viele von diesen hat sie gemacht. Und jetzt schon 2 weitere während dem Stream. Sehr geil, sehr geil. Hey, absolut geiles Foto, absolut geiles Foto. Ne, Chris, ich will dich nicht aufhalten, ne? Du hast noch deinen Aftertalk. Mach dir einfach einen Timer. 14 Minuten, 45 Sekunden, dann erkläre ich kurz, wie der Bossfight funktioniert. Und dann machen wir das, ne? Dann gibt's auf die Fresse, ne? Chat. Dann gewinne ich wieder. Und ich habe heute schon gewonnen, ne? Just saying. Name ist auf Insta derselbe. Okay, perfekt, perfekt. Ach, du bist ja krass. Du bist krass. Und jetzt guckt mir rein. Ne? Jetzt will ich's wissen. Jetzt will ich's wissen. Machen wir einen Showclip. Machen wir einen Showclip 1. Am besten von heute. Mal gucken, ob es heute einen Clip gab. Wir gucken rein. Ja, wow, das Timing, nice one. Nice one. Das ist sehr geil, ne? Ich liebe das auch. Ich liebe das auch. Chat und das Timing, das ist sehr geil. Geiler Clip. Ne? Geile Qualität, ne? Also Chris, ich drücke jetzt da auf ein Knöpfchen. Ich drücke auf ein Knöpfchen. Hm? Mein Follow hast du. Ich habe doch gesagt, Troy ist der Hammer. Hört doch einfach auf mich. Na, jetzt hört doch auch mal auf den Don. Der weiß Bescheid. Jetzt ist, ja, natürlich, the pressure ist jetzt da. Ne? Jetzt erwarten alle hier hochqualitatives Programm von mir. Ich hab ja nie an dir gezweifelt. Ich habe deinen Stream offen, keine Sorge. Okay, let's go. Der Chat hat heute mega getimed, war völlig sick. Ja, und ich liebe das. Chat kann das, ne? Chat kann das. Es ist erstaunlich, wie gut die das können. Ab und zu hat Schnecke mal Timing. Okay. Ja, es ist ja auch mit viel Glück verbunden zum Teil, also jedenfalls bei mir, ne?
Weil es hat ja auch ein Delay, ne? Und zum Teil kommt es einfach wirklich genau passend, so wie bei dir. Ey, boy, danke für die Liebe. Hey, danke dir für den Raid, ne? So, Chat, kurz überlegen, 12 Minuten. Wir gehen noch kurz ins Gameplay rein. Ich würde sagen, ich bleibe auch kurz ein bisschen bei Hochdeutsch, ne? Bevor ich wieder... Oh, sorry. Sorry. Okay. Ich war kurz Nice-Würfel. Also was wollte ich jetzt sagen? Wir gehen kurz ins Gameplay rein. Wir bleiben bei Hochdeutsch, bevor ich dann wieder zu Schweizerdeutsch wechsle. Chat. So, let's do this. Ne, und jetzt nochmal Spoiler Alert für alle, die das DLC noch nicht gezockt haben und sich nicht spoilern lassen wollen. DLC, das Haus am See von Alan Wake 2. Wir sind da mittendrin. Also eigentlich bin ich eher lost als sonst was, aber wir sind hier. Und ich bin sehr Fan von dem hier. Das ist die beste Game-Mechanik hier im ganzen Spiel. Die Stühle. Immer schön aufräumen hier. Genau so. Und jetzt hier hoch. Sorry. Du bleibst schön gefroren, hält länger. Die Raid-Empfehlung soll sich doch gelohnt haben, Schnecke. War das deine Empfehlung, Schnecke? Also es könnte ja natürlich auch... Nee, Don hat jetzt auch gesagt, er hat mich empfohlen. Aber hast du mich auch noch empfohlen? Ich danke euch mal beiden. Ne? Ich kenne euch schon und es ist sehr, sehr gut möglich, dass ihr gesagt habt, hey, gehen wir mal dahin und appreciate it. So, Chat, wir gucken hier, wir hören hier hin. 2018. Notes regarding Dr. Emil Hartman, founder of the Cauldron Lake Lodge, where he manipulated artists in an attempt to control the power of the Shadow. I've gone through his notes, which were confiscated by the Bureau after his arrest in 2010. Overall, Hartman's work was sloppy. Complete disregard for proper scientific method. But he was bold enough to try something we haven't. Our procedural writing machines are Unschuldiger. We could understand the effects of Cauldron Lake's threshold much better by observing live artists in action. Thanks to Hartman, we even have a list of prospects. Next step is to send Dr. Darling a request to bring some into the lake house for analysis. Gute Dr. Darling. Also sehr viel Story hier, ne? Sehr viel Zuhören, sehr viel Lesen. Mir fehlt bis jetzt ein bisschen die Action, muss ich ganz ehrlich sein, aber ich denke, die kommt noch. Ne? Wir haben eine Pistole. Bis jetzt kann ich aber mich nicht verteidigen gegen die bösen Gestalten, die da kommen. Aber das wird schon noch. Schnecke hat mir deinen Namen genannt, Don hat dich empfohlen, ich habe dich erkannt durch einen Post von Don. Okay, Chris, das freut mich mega. Und nochmals danke Schnecke und Don. Genau, das war Teamwork und das finde ich echt nice. Ja, bin ich sehr dankbar. Und ja, es ist ja, man supportet sich und ich mache das auch gerne. Ist auch wichtig. So, Chat, Forschungsbericht AW, Inhalt des Wake-Manuskripts. Wir fanden nun Seiten eines Manuskripts, das höchstwahrscheinlich von Alan Wake verfasst wurde. Einem Parautilitärer. Hey, das Wort, Chat. Hello there. Einem Hello there. Oh, Elvaraza, let's go, let's go. Immer noch hier. Einem Utilitarier. Wenn ich es langsam sage, dann geht's. Und Verdächtigem in früheren Fällen, die mit dem AWE am Cauldron Lake in Verbindung stehen. Ich halte mich und meine Voreingenommenheit eigentlich aus meiner Arbeit heraus, doch muss ich hier eine Ausnahme machen, damit der Sache nachgegangen wird. Zur Information für künftige Leser, ich bin Dr. Diana Marmont. Ich kann, das ist auch dieser Name, egal. Co-Leiterin der Forschungsabteilung in der Einrichtung am Haus am See. Und Pascal, grüezi, Pascal, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Das Wort ist so schlimm, hey, so true. Parautilitarier. Jetzt war ich so. Parautilitarier. Jetzt geht's.
Parautilitarier. Ich muss es ja auch nicht 5-mal hintereinander sagen. Natürlich spiele ich das neue World of Warcraft Add-on. Oh, ja, ich war früher war ich halt WoW-Spieler, aber jetzt schon lange nicht mehr. Also mit früher meine ich auch so Wrath of the Lich King. Ich glaube, da war ich noch dabei. Und danach nicht mehr. Aber es halt schon irgendwie, ne, ich gucke da auch gerne zu, muss ich ehrlich sagen. Pascal, Mann mit der Karte, hast du Troilina noch nicht, gell? Troilina. Sag mal das Wort 10-mal schnell hintereinander. Nee, mach ich nicht. Mach ich nicht. Und Igit Karadak. Oh, das ist aber nordisch, ne? Das ist nordisch. Das ist ein Wikinger-Chat. Igit Karadak. Oder ein Ork. Nein, sorry. Igit, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Ja, ein AWK. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du sagen willst. Jahr ein, Jahr aus. Oder irgend sowas. Aber hallo nach YouTube nochmals. Ich bin bis jetzt im Streambeginn im Lurk und habe in der Zwischenzeit jetzt geschlafen. Wie geht's dir? Ja, und jetzt bist du verwirrt, oder? Dass das erst 10 vor 3 ist, Pascal. Hey, alles gut, alles gut. Aber hey, dann bist du ausgeschlafen. Du bist ready für noch ein bisschen Gameplay, oder? Und ein Bosskampf. Chat, ein Bosskampf in 6 Minuten. Ich muss hier mal weiterlesen. Die jüngst gefundene Seite fasst mein Leben mit Jules Marmont zusammen, meinem Ehemann und Mitforscher. Sie hat uns zu Charakteren in einer Geschichte gemacht und ist voller Verallgemeinerungen und Annahmen, die ich versuchen muss, ohne Emotionen oder Vorurteile zu untersuchen. Die Genauigkeit des Textes ist faszinierend. Es dokumentiert unsere Vergangenheit in der Behörde, aber auch Einzelheiten über unsere Gedanken, über die ein Ausstehender keine Kenntnis haben dürfte. Ich muss hier leiser machen, weil die Geräusche im Hintergrund, die machen mich hassig. Wütend. So, Chat. Jules und ich haben im vergangenen Jahr tatsächlich immer größere persönliche Probleme entwickelt. Das wirft viele Fragen auf. Woher hat Wake, von wo auch immer er dies schreibt, diese Information, oder hat die Seite selbst diese Emotionen und Ereignisse bestimmt? Ich kann nicht glauben, dass Wakes Fähigkeit so ausgeprägt ist, dass sie meine gesamte Karriere am FPC vorgeschrieben hat. Doch selbst wenn, wäre das von Bedeutung, selbst wenn eine Person weiß, dass ihr gesamtes Leben von einer externen Macht getrieben wurde, würde das ihrer Natur, ihr Verhalten, ihre Persönlichkeit verändern. Meine Konflikte mit Jules rühren nicht von einem plötzlichen Persönlichkeitswandel, sondern vielmehr einer wachsenden Abneigung. Ich glaube fest daran, obwohl ich keine Möglichkeit habe, das zu beweisen, was mich wiederum zu einer neuen Forschungsfrage für das Team führt. Mit welcher Methodik können wir nachweisen, dass wir selbst es sind, die unsere Handlungen, Gedanken, Liebe oder Feindseligkeiten kontrollieren? Chat. Der Stream läuft noch sehr gut. Weitermachen. Okay, Mino, alles gut. Danke für den Check. Viele Geschichten hier. Keine Waffen. Chat. Wo ist die Minigun? Wo ist sie? Wir müssen hier nach System vorgehen. Wir sind... Okay, hier ist vieles, ne? Hier geht es wahrscheinlich weiter. Okay, Freigabestufe 2 kommen wir noch nicht rein. Freigabestufe 2. Ist das markiert jetzt? Also es ist markiert. Ist denn hier noch was? Bitte. Oh, da kommen wir rein. Let's go. Loot. Elvarasa, hey, gute Nacht, Elvarasa. Möge... Loot. Möge deine Nacht genauso magisch sein wie im Reich von Luna Lovegood. Ravenclaw.
Träume von Abenteuern mit Blitzdingsbums-Momenten. Oh, let's fucking go. Ich helfe dir da kurz. So. Jetzt ziehen sich alle die Sonnenbrille an, ne, Chat? Ganz normal. So. Ich lese noch kurz fertig, ne? Träume von Abenteuern mit... Ja, muss ich kurz neu einstellen, Moment. Hier, so, let's go. Träume von Abenteuern mit Blitzdingsbums-Momenten und schlafe gut. Hey, Elva Rasa, nochmals GG's und schlafe ganz gut. Schönen Sonntag dir noch. Und hier, nur für dich, alle Antworten, hier, genau drauf schauen. Let's go. You were trying to cross the border, right? Walked right into that Imperial ambush, same as us. Check, ich pausiere schnell, während wir mit dem Internet verbunden werden. Love is here to stay, Chat. Aber nicht immer, ne? Nicht immer. Manchmal auch nicht, ne? Dun, dun, dun. When she's gone too long, anytime she goes away. Okay, sorry. Hey, Mere, gehst du schlafen? Gute Nacht miteinander, habt eine ganz gute Nacht. Hey, du auch. Kokainum. Gute Nacht, liebe Mere. Mögen dich heute Nacht keine dunklen Mächte wie Darth Vader stören, sondern möge die Weisheit von Obi-Wan Kenobi dich beschützen. Träum süß und möge die Macht mit dir sein. Was ist hier eigentlich los? Chat. Schnecke. Ups. Da war ich kurz da, ne? Und jetzt bin ich im Weltall, Chat. Also im Weltall hört man ja niemanden, aber mich hört man halt, ne? So ist es halt. Ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch. Chat. Ich muss hier noch vorlesen, Chat. Hat es jetzt schon Gameplay aus so einem Lück? Ja, schwierig. Schwierig zu erklären. Ne? So schließen wir an, Troy. Heute wird es nicht der letzte Zug. Viel Spaß noch, bis später. Hey, Platsch, nochmal danke für alles. Auch danke für deinen Support. Mega. Und danke für die geile Nacht. Das tönt jetzt so, oder? Aber du weißt, was ich meine. Die geile Abend und Nacht, wo wir hatten. Und gute Nacht, lieber Mr. Bletch. Mögen deine Träume von abenteuerlichen Piratenschiffen, epischer Filmmusik und exotischen Ananasträumen. What? Okay. Schlaf gut und lass dich von der Magie der Nacht umhüllen. Der Satz hat keinen Sinn gemacht, ich habe ihn wahrscheinlich falsch vorgelesen. Aber egal, Mr. Bletch, mach's gut, bis spät, schlaf gut. Und 18 Uhr, 17:45 Uhr im DC. Ja. Bletch, Brother from another mother. Mach's gut, bye bye. Chat, ich brauche eure Hilfe. Chat.
Ihr müsst mich hier rausholen, Chat. Müsst mich hier rausholen. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, Was macht I ihr? will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Ich bin jetzt tot. Oh. Was ist das für ein Emote? Ja, ne, also ich bin immer noch tot, aber gleichzeitig, Chat, verspüre ich auch noch ein bisschen Leben in mir. Und ich fokussiere mich auf das Leben und... So, jetzt ist Crow tot, aber ich lebe wieder. So funktioniert das. Ah, die Effekte, ne? Chat, die Effekte. Ich will noch kurz Hallo sagen, dem Polymech. Grüezi Polly, schön, dass du da bist. Danke für den Follow. Hey Souls, this is Luna. Was für ein Name, was für ein Name. Danke dir für den Follow und willkommen hier bei mir. Und Crow, grüezi und danke fürs Erschießen. Crow? So ist er halt. The Crow. So, Chat, es ist soweit. Bossfight. Seid ihr alle ready für den Bossfight? Und Kadett Robbie, danke dir für den Follow. Auch dir willkommen hier auf meinem Channel. Oh, Avalon geht. Okay, ey, Avalon, dann wünsche ich dir noch ganz eine gute Nacht. 3 Uhr. 3. Hey, gute Nacht, Avalon. Schön, bist du dabei gewesen und genieß den Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Ich wollte gerade die Ghostbusters rufen. Let's go. Habe ich die Zeitverschiebung schon verpasst oder ist die noch? Die war schon. Die war schon. Es ist jetzt 3 Uhr, tatsächlich. Ich bin ständig am Studieren, woher ich den Follow-Sound kenne. Die Trommeln, die habe ich irgendwo von Envato Elements. Habe ich mir die geholt. Weil die Easter Eggs auf Cooldown sind, sag ich so, oh. Die sind auf Cooldown. 3. Chat, kann ich das? 3. 3. So, jetzt ist es angekommen. Battlestar Galactica kann das sein. Oder wüsste ich jetzt nicht, ob die das auch gebraucht haben. Was, die war schon Pascal, come on, hast du halt verschlafen? So, Chat. Ich erkläre jetzt kurz für alle, die das erste Mal dabei sind, und ich glaube, es hat einige von euch, die das erste Mal dabei sind bei einem Bossfight. Ich erkläre kurz, wie das funktioniert. Ne? Es ist so, wenn der Bossfight nachher startet, werdet ihr diese
Chatbefehle zur Verfügung haben. Ihr habt 3 Aktionen pro Zug, ja, rundenbasiertes Kampfsystem. Ihr startet 3 Aktionen. Für jede Aktion votet ihr mit diesen Chatbefehlen. Ihr habt 3 verschiedene Angriffe, die machen unterschiedlich Schaden, haben aber auch unterschiedliche Trefferwahrscheinlichkeiten. Mit Kaffeetrink hielt ihr euch, hat aber eine 10%ige Verschüttungswahrscheinlichkeit. Wenn ihr verschüttet, dann hielt ihr nicht. Kann euch auch zum Verhängnis werden, aber 10% sind sehr wenig. In der Mystery Chest kann alles Mögliche drin sein. Starke Angriffe, starke Heilung, Damage für uns beide, kann aber auch leer sein. Aber grundsätzlich sehr beliebt, da sind viele Dinge drin. Kann auch der Thanos drin sein, der einfach beide HP-Balken in die Mitte snappt. Als erste Aktion hatten wir auch schon in den vergangenen Streams, ist das sehr effektiv gegen mich. Ne? Wenn ich Full HP habe, dann sind es einfach eigentlich 750 Damage. So, Chat, Franziskus. Das hier ist der Franziskus, der kämpft für mich. Wenn ihr ihm Liebe schenkt mit Ausrufezeichen Franziskus, senkt das die Chance, dass er seine stärkste Attacke gegen euch ausführt. Das wären 400 Eicheln, entspricht 400 Damage. Genau, Dungeon Leaders. Chris ist Dungeon Leader. Das heißt, Chris, du hast 3-fach Votes. Du kannst am meisten Einfluss nehmen aufs Kampfgeschehen, aber alle dürfen mitvoten. Ne? So, habe ich alles erklärt? Es wird dann auch nochmals eingeblendet während dem Bossfight, also ihr müsst nichts notieren. Was ihr jetzt noch machen könnt, ich sage es jetzt einfach so, alle Star Wars-Fans geben jetzt ein Ausrufezeichen-Karte 1. Alle, die mit Star Wars nichts anfangen können, bitte den Channel falsches Skript. Bitte Ausrufezeichen, keine Karte in Chat eingeben. Die Frage ist jetzt, wollt ihr Lichtschwerter, wollt ihr keine Lichtschwerter, ist aber rein kosmetisch. Nintendo-Bruder. Was bist du für einer? Was bist du für einer? Dich habe ich noch nie gelesen hier. Mods, kann jemand? Nee, Nini Bubu, Mann. Wieso hast du eigentlich die Namen geändert? Das verwirrt mich, ne? Aber wie geht's? Schön, dass du da bist. Ne? Du bist nicht das erste Mal dabei. Ich vertraue auf Will Smiths Rechte. Okay. Treu, ich soll dich noch an etwas erinnern. Oh shit. Und das war, oh mein Gott, holy shit. Das war Snuffys. Ich bin so vergesslich. Ne? Ich bin so vergesslich. Was muss ich? Nee, ich will jetzt aber den Aimbot nicht ausschalten. Meinst du das? Lass mir doch auch mal die Chance zu gewinnen. Oh? Okay. Ah, das nicht? Ja, jetzt bin ich schon am Eingeben. Okay. Also wir spielen fair, ne? Wir spielen fair. Nini Bubu. Ich will Vader. Okay, wir haben 9 Votes auf Karte 1, 3 Votes auf keine Karte. Ich löse mal auf. Und das heißt, ihr bekommt die Lichtschwerter. Let's go. Ich habe einen 9, aber geht noch 55 Tage zum Ändern. Oh, ach so, okay. Oh, Snuffis, let's go. Jetzt, du musst halt... Manchmal stehe ich auf dem Schlauch, aber Snuffis, das wäre ja endlich logisch gewesen. Ja. Snuffis, Snuffis ist jetzt auch Dungeon Leader. Das ist nicht so, dass ich jetzt alle zum Dungeon Leader machen, die danach fragen, aber Snuffis hat mich mal geradet, musste aber schlafen gehen, ne? Und da habe ich gesagt, hey Snuffis, sag mir Bescheid, wenn du das nachholen möchtest. Und Snuffis holt es jetzt nach. Das war mein Versprechen und das halte ich auch. Snuffis also auch Dungeon Leader, also auch 3-fach Votes. So, habe ich mich bei Kadett Robby für einen Follow bedankt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber danke nochmals für den Follow. Und Chat, seid ihr ready? Ich versuch's. Weiß nicht, ob ich weiß, was ich tue. Ha. Das ist wie ich, ne? Im Alan Wake. Genau dasselbe, Chat. Let's go. Chris macht Laune und Snuffis. Mit Lichtschwertern. Ihr wollt mich besiegen?
Chat, votet für eure erste Aktion. Die Votes sind am Laufen. Gebt euren Commander ein. Ihr könnt auch den ersten Buchstaben nehmen. So wie es Chat macht, das geht auch. Macht es ein bisschen einfacher. Wenn Twitch-Chat euch sagt, ihr dürft nicht dasselbe immer wieder spammen, dann macht einfach Abstand irgendwas hinten ran. Denkt auch daran, dass mein Video ein bisschen Delay haben kann, wenn euch der Bot also sagt, warte bis die Abstimmung läuft. Achtet euch dann eher auf den Chat, ne? Weil wenn der Bot sagt, wie jetzt, oder wie vorhin, wenn ihr Delay habt, Chat, ihr seid an der Reihe, dann heißt das, ihr könnt jetzt die Befehle reinmachen. Ne? Achtet euch dann eher ein bisschen auf Chat oder drückt einmal F5 zum Refresh machen und ein Delay ein bisschen weg zu bekommen. So, let's do this. Oh mein Gott, war das Will Smith? Mascha. Mascha beschwört Will Smith. Oh, Jesus, okay, not bad. 150 Damage. So, eure dritte Aktion. Dritte Aktion, Chat. Was votet ihr? Oh, Angriff. Der kleine Angriff, ne? Hohe Trefferwahrscheinlichkeit. Wenn ihr trefft, wenn ihr Schaden macht, füllt sich aber unten auch ein Balken auf. Wir sehen das wahrscheinlich jetzt gerade. Ich warte kurz, bis Slippy... Oh ne, Franziskus Edes. Franziskus hat mehr Votes bekommen. Ihr senkt also die Wahrscheinlichkeit, dass er 400 Damage gegen euch macht. Nochmals kurz zum Angriff. 3 erfolgreiche Angriffe, dann füllt sich da unten rechts füllen sich die 3 kleinen Balken. Wenn die voll sind, habt ihr einen Spezialangriff zur Verfügung, der kann bis zu 650 Damage machen. Mindestens aber 60. Ja. Muss nicht immer gut sein, aber einfach, dass ihr es wisst. Chat. Was mache ich mit euch? So, ich glaube, ich mache das hier, ne? Ich mache das hier. Kratzer. Okay, das macht keinen Sinn. Okay, die Soundeffekte muss ich noch anpassen. Ne? Dann nimmt es einfach dieselben wie bei euch. Ja, immer optimieren, immer Bugs fixen, Chat. Das ist wichtig. So, let's go. Was habt ihr gewotet? Oh, der Angriff. Ne? Ihr wollt den Spezial... Okay, nice one. 69 Damage, nice. Ihr wollt halt den Spezialangriff. Oh, verteilte Votes, verteilt. Ja, also das bringt natürlich nichts, wenn ihr alles schön verteilt. Ne? 2, 2, 2, 3 auf Angriff. 7 auf Angriff, das war ein Dreifach-Vote-Chat. 9 auf Angriff, 13 auf Angriff. Let's go, let's go. Tiger mit dem Angriff. 62 Damage. Ihr habt schon 2 voll. Ihr könnt jetzt noch voll machen, wenn ihr wollt. Könnt aber natürlich auch was anderes machen. Ihr müsst nicht unbedingt healen. Ich mache maximal 500 Damage. Ich habe auch so eine Mystery Chest, die Chest of Hammers. Da kann der Mjölnir drin sein und der kann bis zu 500 Damage machen. Was auch... Lieber Mod, was machst du denn hier genau? Hä? Was hast du das Gefühl, was hier deine Aufgabe ist? Guter Mod. Ja, der Warlock. Guter Mod. Dann würde ich jetzt mal sagen, ne? Franziskus. 40%ige Wahrscheinlichkeit für 4. Okay, nur 250 Eicheln, das ist nicht das, was ich wollte, Franziskus. Das ist nicht das, was ich wollte, aber es setzt euch ein bisschen unter Druck, Chat. Es setzt euch unter Druck. Oh, Schnecke, hey, gehst du schlafen? Ich lese kurz vor. Gute Nacht, liebe Schnecke. Möge dein Schlaf so gemütlich sein wie ein Schneckenhaus und deine Träume so bunt wie die Schweizer Twitch-Community. Schlaf gut und bis bald, Schnecke. Nochmals danke für die Empfehlung und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. Und Cadet Robbie, du gehst auch schlafen. Ich lese auch
gleich kurz vor. Ihr könnt noch voten. Gute Nacht, Kadett Robbie. Träum von spannenden Venom-Abenteuern und epischen Gameplay-Momenten. Möge die Nacht voller Action und faszinierender Geschichten sein. Schlafe gut und lass dich von deinen Träumen verzaubern. Hey, Kadett Robbie, mach's gut, schlaf gut. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Bye bye, tschüss. Oh, The warrior raises the sword and prepares for attack. Leaping forward, the warrior swings the sword towards the winged beast. Naja. Although the sword pierces the skin of the beast, it deals only little damage. Chris. Es war jetzt nicht ganz so schlecht, ne? Es waren aber auch keine 650. Der Würfelwurf vom 6er-Würfel, wo du eine 2 gewürfelt hast, das war halt nicht so geil. Die 70 waren nicht schlecht. So. Ich muss nicht niesen. So, Chat, ich bin wieder hier. Chris mit der Mystery Chest. Und die Chest ist nicht leer. Troy, Chris, ich bin nicht sass. Come on. Komm, ich bin doch nicht sass. Wieso soll ich denn sass sein? Ihr seid sass, Chat. Chris, du bist sass. 320 Damage, okay, nice one. Hätte es mich machen lassen sollen. Oh shit. Du isst Pizza mit Ananas. Aha. Das ist also der Grund, ne? Jetzt haben wir den Grund. Chat, ich habe noch 629 HP. Ich sage jetzt noch was, das ist wichtig. Wird so langsam, ab Runde 6 mache ich mehr Damage. Gebt euch ein bisschen Zeitdruck. Ab Runde 6 10% mehr Damage, dann alle 3 Runden mache ich mit 10% mehr Damage. Also lasst euch nicht ewig Zeit, sonst mache ich irgendwann One-Shot-Actions, One-Shot-Angriffe. Chat. Aber bis es soweit ist, würde ich sagen, ich mache mal die Chest of Hammers. Vielleicht kann ich euch unter Druck setzen. Ich kann euch nicht killen bei 504 HP. Aber das kann gewaltigen Schaden machen, Chat. Die Frage ist jetzt, welcher Mod ist es? Es ist der Warlock, ne? Hat für euch gekämpft vorhin und jetzt fällt er euch in den Rücken, Chat. Okay, ihr habt noch 108 HP. Und ich denke, jetzt müsst ihr definitiv healen. Denkt daran, in der Mystery Chest kann auch ein großer Heal drin sein, aber es ist halt immer risky, weil die Mystery Chest kann euch selbst auch 200 Damage zufügen und ihr wollt euch nicht selbst killen. Also Kaffeedrink, definitiv eine gute Wahl. Snuffis führt Kaffeedrink aus und healt Chat auf 308 HP hoch. Jetzt ist die Frage, macht ihr nochmal... Oh, Schufki! Schufki! Und liebe Raiders, hallo! Danke dir für den Raid, Schufki. Hallo, Smaragd-Zwerg. Warte doch noch kurz, ich spiele nachher noch die Animation für euch ein. Schufki, ich mach dich direkt zum Dungeon Leader. Du weißt ja, wie es geht. Ich muss dir nicht erklären. Du hast jetzt auch dreifach Votes. Ne? Dank deinem Raid nehme ich dich direkt rein. Machen wir das hier in dem Bosskampf noch. Und danach machen wir noch ein Foto. Also liebe Raiders, unbedingt noch bleiben bis zum Schluss. Dann könnt ihr nämlich mit dem lieben Schufki und mir noch auf ein Foto kommen, das dann auf dem Discord publiziert wird und ich noch eine Insta-Story mache. Aber liebe Raiders, wie war euer Stream? Was habt ihr gezockt? Schufki, was gab's bei dir? Ein Raid in den Bossfight-Attacke, let's go, Tom! Sagen Sie, geht es noch? Mich hier einfach anzugreifen, während ich den Schufki begrüße, aha? Das wir Konsequenzen haben. Nee, Moment kurz, ich muss hier...
Ich will kurz die Animation abspielen. Let's go. Danke, Schufki, nochmals für den Raid. Hier deine Animation noch kurz. Wir pausieren nur kurz den Bosskampf für die Animation. Let's go. Und hallo, liebe Raiders. Hallo, liebe Raiders. Und wir machen direkt weiter. So. Genau. Geht auch bei dem lieben Schufki mal vorbeischauen, lieber Chat. Auch ein ganz toller Dude. Wo ist jetzt die Musik hin, Chat? Bin ich an der Reihe? Ich bin komplett verwirrt. Ich glaube, ich bin an der Reihe, Chat. Was machen wir denn? Ne, ist ganz klar, ich heale. Ich heale. Ich heale, weil der Schufki ist gekommen, wir machen es noch ein bisschen spannend. Ich heale hoch, denkt aber daran, ne, Schufki, du bist jetzt direkt ein bisschen in den Hard Mode gerutscht mit deinem Raid. Ab Runde 6 mache ich mehr Damage. The pressure is on, aber keine Angst, ihr werdet sowieso verlieren. Ne? Ihr habt eh keine Chance gegen mich, Chat. Schufki schreibt noch kleine Coding-Session und dann wieder Bloomtown. Mein Samstagsspiel aktuell musste vor einem verrückten Axttypen wegrennen heute. Okay, let's go. Ne, also lieber Chat, beim Schufki gibt's Coding und Gameplay, was sehr, sehr, sehr geil ist. Create Moments. Was ist jetzt wieder los? Ich hab doch nur die Raiders begrüßt. Jetzt bin ich direkt sass. Ne? Chat, Mann. Komm gerade aus einem Round-Based RPG, also ich bin heiß, oh mein Gott. Ja, also das will ich jetzt sehen. Du hast deine Dreifach-Votes. Wie gesagt, wenn ich nach dem Bossfight vergesse, das Foto zu machen, bitte, bitte, Schufki, erinnere mich dran. Nicht, dass das dann untergeht, ne? Machen wir noch einen Bossfight dann noch. So, Chat. Snuffis. Mit der Mystery Chest. In der Mystery Chest, da kann alles Mögliche drin sein. Ja, come on. Oh, come on. For democracy. For democracy. Hey, Chat, come on. Für den lieben Schufki müssen wir schon noch ein wenig länger machen, ne? Ich würde jetzt sagen, ihr hielt euch, ne, Kaffee trinkt, ne, und dann heal ich mich nochmals, ne, und dann mache ich mehr Schaden und so weiter, ne. 21 Votes auf dem Kaffee trinken, nice one. Chris macht Laune, hielt, Ehrenmann. Das ist natürlich auch, ne, es wäre risky, wenn ihr nur 400 HP hättet und ich bin dann an der Reihe, Chat. So, denkt daran, liebe Raiders, ne? Es kann sein, dass mein Video ein bisschen Delay hat. Achtet euch in diesem Fall dann eher auf den Chat. Wenn der Bot sagt, ihr seid ja jetzt an der Reihe, dann könnt ihr voten und dann habt ihr kein Problem mit dem Video-Delay. So, und ich heal mich nochmals, Chat. Ich heal mich nochmals. Nee, come on. Come on. Oh, ja, geil. Aber ich überleb's nicht, ne, Chat. Denkt an den lieben Schufki. Denkt an die lieben Raiders. Die wollen jetzt auch noch ein bisschen Action haben, ne? Die wollen auch noch ein bisschen Action haben. Oh, kommen noch ein paar Ks kommen auch noch rein, Chat. Ein paar Ks kommen auch noch rein. Oh, Mystery Chest von Chris macht Laune. Oh! Oh ne, das killt mich. Das killt mich. Gibt euch schon, aber das killt mich halt. Chat. Nein! Let's go. Chat, ihr habt das gut gemacht. Schufki, leider ein bisschen kurzen Bosskampf. Sorry for that. Aber ich kann... Loot! Aber Schufki, machen wir es so, ne? Es war ein kurzer Bossfight. Wenn du
wenn du bei einem der kommenden Bossfights noch Dungeon Leader sein willst, dann sag mir einfach Bescheid. Wenn ich dich sehe, dann mache ich dich einfach rein. Aber wenn es beim nächsten Stream ist, dann habe ich es wahrscheinlich vergessen. Du darfst mich gerne, und bitte mach es auch, daran erinnern, dass du noch einen zu gut hast, weil es jetzt ein kurzer war. Ne? Schufti, danke nochmals für den Raid und ja, Foto, ne? Foto, liebe Raiders. Erstens mal gut gekämpft, aber ganz wichtig, wir machen natürlich auch mit dem lieben Schufti noch ein Raid-Foto. Also kommt alle nochmals drauf, Ausrufezeichen Foto in den Chat, kommt mit eurem Profilbild auf unser Foto mit Schufki und mir. Schufki, du kannst dir was auswählen auf der linken Seite, was mit dir aufs Foto kommen soll. So. Chat, jetzt muss ich kurz ein wenig gucken. Was habt ihr noch geschrieben? So, mein Lose. Mein Lose von vorhin wieder gut gemacht. Ein Los, okay, Lose. Oh, Schufki. Mal kurz gucken. Mal kurz gucken, der Hintergrund. Du darfst wie immer sagen, ist gut oder wir generieren nochmals neu. Ich finde es jetzt eigentlich nicht mal so schlecht. Ne? Ist okay. Ein paar Wolken oben. Ist okay. War halt dabei, also. Let's go. Es war mir eine Ehre, mit euch zu streiten und jetzt der Loot. Was war der Loot noch gleich? Ich habe mich gar nicht... der Koffeinschub, ne? Ihr habt für einen der nächsten Bossfights eine Karte, die euch mehr Heal gibt. Das ist euer Loot-Chat. Highway Racer, ich habe kurz eine Frage. Hast du jetzt Igit Karadak geschrieben oder war das vor vielen, vielen Minuten? Weil ich sehe das erst jetzt und ich habe ja schon irgendwie vor einer Stunde auf die Dinge geantwortet. Also entweder ist der Chat bei mir irgendwie hinten nach bei YouTube oder ich weiß es nicht. Einfach kurz eine Frage, damit ich das weiß. Lieber Highway Racer. Hintergrund passt, let's go. Bad Moon Rising. Jetzt, weil Highway Racer, das hat die Person etwa vor einer Stunde geschrieben. Ohne Scheiß. Also ich weiß nicht, ob du ein Delay hast bei dir. So, alle noch einmal aufs Foto. Der Grassi ist auch da. Grassi, grüezi wohl, schön, dass du da bist. Auch noch schnell aufs Foto drauf. Ich drück mal F5. Drück mal F5. The end is coming soon, Chat. Grassi, wie hast du es? Wie geht's dir? So, und jetzt muss ich noch kurz gucken. Smaragdzwerg. Habe ich mich überhaupt für den Follow bedankt? Ich bedanke mich jetzt nochmal für den Follow. Vor 9 Minuten hast du noch gefollowt. Smaragdzwerg, danke für den Follow und willkommen hier auf meinem Channel. Let's go. So, wir haben 24 Leute drauf. Einer geht noch, Chat. Einer geht noch rein. Danke, alles gut bei mir selber. Ich kann mich nicht beklagen. Grandioser Stream, grandiose Leute hier. Ganz, ganz geile Community. Ne, Raiders, ganz geile Raids. Also wirklich, ne, ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Herbsti, let's go. Herbsti auch noch auf dem Foto. Wir sind 25 Leute, Chat. Ich bereite mal vor fürs Foto. Danke für den Raid, das ist der Titel. Und On the Rise. So, wir machen das Foto inzwischen 7 und 15 Sekunden, Chat. Jetzt habe ich schon... Okay. Oh, wie ich reinschaue, Chat. So unschuldig, ne? Unschuldig. Schufki hier, unser Foto, wunderschön. Ab jetzt auf dem Discord. Ausrufezeichen DC.
Ich mache dann wie immer noch eine Insta-Story, eine Twitch-Story und das Foto kann man sich auch bestellen. Link im Chat. Dann drucke ich das aus, wie ich es bei Mr. Bletch gemacht habe. Let's go. Schöner Song, Chat. Schöner Song. So, dann hätten wir, ich glaube, wir haben alles gemacht. Muss kurz meine To-Do-Liste abhaken. Ey, wer furzt hier rein? Grassi. Einfach reinfurzen. Kam dein Not nicht? Pascal. Du weißt, dass ich es nicht gern sage. Aber ich sag's so, es gibt einen Grund, wieso du keine Easter Eggs einlösen kannst. Aber, das fuck, ich weiß jetzt genau, ich weiß auch genau, was passiert, Chat. Ich weiß jetzt auch schon ganz genau, was passiert. Und da habe ich schlechtes Gewissen, aber ich bin halt schon selber schuld. Aber es gibt auch keinen Ausweg aus dieser Situation. Pascal, hä? Fishbone, hey, grüezi, Fishbone, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Hello. Wie war deine Woche, mein Lieber? You were answered by you. Senpai, die Woche war stressig, oh no. Ja, kenn ich, ne? Finchen, nein, Finchen, mein Gott. Das ist nicht da, wo ich verlange. Gell? Alles gut, aber Pascal, ich sage es jetzt im Klartext, aber bitte nicht falsch verstehen, aber ich will nicht baiten. Es ist nicht da, wo ich jetzt sagen will. Aber Easter Eggs können nur die Abonnenten einlösen. Ausser du hast sie selber gefunden. He? Wenn du den Not selber gefunden hast, dann kannst du ihn einlösen. Aber Zugriff auf alle Easter Eggs hast du nur als Abonnent. Aber alles gut, he? Ich mache es schnell für dich. Aber ich nehme an, du hast es aufs Viertel Welle, aber da... Not. Hey Crow, let's go. Schlage mit deinem Spielzeughammer süße Träume ein. Wow, okay. Und kuschele dich gemütlich in deine kuscheligen Socken. Möge die Macht voller Magie und Frieden sein. Hey Crow, schön, dass du hier warst, ne? Auch wenn es nur war, zu mir auf die Fresse geben, ne? Aber auch das schätze ich. Crow, schönen Sonntag, schlaf gut und bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bye bye, tschüss. Du hast bei mir... Dann kommt es bei mir nicht an. Ja, okay, Pascal, dann sorry. Dann für diesen Vorwurf. Aber ich kann auch nichts dafür, weil ich sehe es nicht. Weil da müsstest du endlich im Chat, im Overlay, müsstest du einen Hammer haben. Und bei mir zeigt es im Chat-Tool selber, im separaten Chat-Tool, zeigt es auch nicht an. Was könnte man da machen? Musst du vielleicht noch irgendein... Aber das ist auch komisch. Musst du noch irgendeinen bestätigen oder so? Hey, Pascal, der weiss es leider nicht. Dann ist Twitch schuld. Aber theoretisch setzt es endlich an und für das sage ich jetzt noch Danke. Für das sage ich natürlich noch Danke. Aber musst du mal schauen, ich weiss nicht, von meiner Seite kann ich es wahrscheinlich nicht lösen. So, Chat, wie du schon gemerkt hast, wir würden wieder ein bisschen ins Schweizerdeutsch zurück switchen. Aber lieber Chat, wenn jetzt jemand da ist, der oder die gar nichts mehr versteht, bitte sagt Bescheid. Ne? Oder fragt auch einfach, wenn ihr Wörter nicht versteht. Wir helfen gerne weiter, ihr sind alle willkommen. Aber ich würde sagen, wir probieren es noch ein bisschen mit Schweizerdeutsch. Bin dann auch gespannt, wie viel ihr versteht vom Schweizerdeutsch. Eigentlich nicht. Twitch, Mann. Twitch. Und Chat. Pascal. Jetzt machen wir da schnell gemeinsam. Flo, ein Baby, ein kleiner Flo. Flo, merci vielmals für den Resub im 9. Monat, Baby. Im 9. Monat, merci vielmals für den Support. Du solltest einen Link bekommen vom Bot. Du kannst dort das Formular ausfüllen, wie sich's gehört in der Schweiz. Formular ausfüllen, einschreiben. Nein, einfach loschecken. Du kannst bestimmen, wie unser Baby soll heissen. Flo, und merci vielmals für den Support. So, liebe Twitch. This is Sparta!
Das passiert da auf dem Channel, wenn Leute, die eigentlich gesubbt sind, als nicht gesubbt gekennzeichnet sind. Ne? Das passiert, Chat. Oh. Fishbone, ich guck mir den Clip kurz an. Ja, Chat. Ja. Auch das schätze ich, Chat. So bin ich halt. Merci für den Clip, Fishbone. Danke für den Clip. Sehr, sehr geil. Wait, Troy. Wir haben jetzt ein Baby. Ja. Es ist passiert. Flo, es ist passiert. Plötzlich passiert es und ich sehe es nicht kommen. Weil, Babys bekommen, das kann man nicht kontrollieren. Ne? Das passiert einfach. Kann allen von uns passieren. Plötzlich ist es da. Chat. Snuff ist das. Oh, das ist jetzt schwierig zu erklären. Wieso? Flo, wie erklären? Ich überlasse dir das mit dem Erklären, Herr Flo. Wir haben abgemacht, dass du die Kommunikation übernimmst. Sollte es irgendwann so weit kommen, Flo, du übernimmst. Merci vielmals. Wie erkläre ich das, der Snuff ist? Ja, das ist jetzt dein Problem. Sounds like a you problem, Flo. Hey, Cree-Art Moments, gute Nacht. Hey, schön warst du hier. Und schön hast du beim Bossfight noch mitgekämpft. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Du darfst auch gerne noch Ausrufezeichen gute Nacht schreiben, wenn du möchtest. Dann bekommst du noch von meinem Bot einen kleinen Text, den ich vorlese. Aber Cree-Art Moments, sehr schöner Name, by the way. Schlaf gut, schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich klippe gleich nochmals. Oh, shit, Mann. Well, Mann. It is not a you problem. It's a mine. It's a you problem. It's not a mine. Okay. Ja, aber schwierig. Schwierig. Aber ich verabschiede mich jetzt von Cree-Art Moments. Gute Nacht, Cree-Art Moments. Mögen deine Träume so episch sein wie Jurassic Park und so inspirierend wie ein Film mit Will Smith. Lass deine Kreativität über Nacht sprießen und neue Kunstwerke entstehen. Kunstwerke und in Bezug auf Alan Wake DLC. Problematisch vielleicht. Aber hey, Cree-Art Moments. Jetzt, Moment kurz. Ich finde es echt nice, weil mein Bot, das ist ChatGPT, der nimmt deinen Namen rein in die Info. Und deshalb schreibt er, lass deine Kreativität über Nacht sprießen und neue Kunstwerke entstehen. Sehr geil. Hey, Cree-Art Moments, mach's gut, schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, tschüss. So, Chat. Okay, Chat, okay. Wir gehen ins Gameplay zurück. Let's go. Weiterspielen. Also, lieber Chat, wir machen noch ein bisschen Alan Wake DLC. Wir versuchen noch ein bisschen vorwärts zu kommen. Mit Betonung auf Versuchen, Chat. Die Geräusche hier. Was haben wir da gemacht? Da haben wir gelootet, hä? Da sind wir noch nicht gewesen. Schnell Loot-Check machen. Alles gut. Wir machen da schnell den Info-Check. Ja, bin tatsächlich sehr kreativ. Die sprießt definitiv. Hey, nice one. Bis bald. Mach's gut, bye, tschüss. Bin auch mal Richtung Bett unterwegs. See you. See you habe ich auch schon lange nicht mehr gelesen. See you. Das war doch noch so zu MSN-Zeiten. Ne? Das ist so quasi das hier.
See you. Let's go. Hey, Grasi, gute Nacht. Grasi, möge dein Schlaf so sicher sein wie ein Panzer und so gemütlich wie eine kuschelige Decke. Träum süß und lass die Sorgen des Tages hinter dir. Grasi, mach's gut. Schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Schöne Sonne. Geniess noch die Stunde, die du geschenkt bekommen hast. Und bis sie wieder geklaut wird. Bye, bye, tschüss. See you, es ist halt schon ein bisschen Boomer-Style, oder? Chat. Ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Aber er hat es jetzt halt selber gesagt. Schon ein bisschen, aber es soll ja nicht negativ sein. Du Boomer, du. Du Boomer, du. Chat. Fortschrittsbericht AW, Antwortuntersuchung der Schreibmaschinenmarke. Die Untersuchung der genauen Marke und des Modells der Schreibmaschine, die Alan Wake benutzt hat, in der Absicht, diese bestimmte Marke für und die ASGs zu verwenden, ist weiterhin erfolglos. Kontaktierte Quellen diskret behandelt. Wakes Verlag, Ergebnis keine nützlichen Informationen. Wakes Agent, Ergebnis weigerte sich, Angelegenheiten des Klienten zu besprechen. By the way, Wakes Agent ist ja der, wie hat der geheißen, der... Ist der Barry gewesen? Wie hat der schon wieder geheißen, Chat? Also ich verziehe mich mal noch ein bisschen. Ich will keinen Spoiler. Werde das eventuell auch mal noch spielen. Hey, das verstehe ich absolut, Pascal. Mach's gut, schlaf gut, merci in dem Sinn für den Lurk-Support. Auch Flo, danke vielmals für den Lurk. Fishbone, auch dir, danke vielmals für den Lurk. Let's go. Ich glaube, das ist der Barry. Der Barry war es, oder? Der Agent. Wakes Ehepartnerin, Ergebnis weigerte sich darüber zu sprechen. Redigiert Ergebnis keine nützlichen Informationen. Alle verfügbaren Online-Interviews, Veröffentlichungen, Elemente zu Alan Wake überprüft. Ergebnis keine brauchbaren Informationen. Das zuständige Team wird weiterhin nach anderen Informationsquellen suchen. Die ASGs werden weiter mit den vorhandenen Schreibmaschinen betrieben, bis die von Wake präferierte Marke bekannt ist. In der Theorie sollte die Nachahmung des Schreibstils von Alan Wake mit der gleichen Schreibmaschinenmarke, die auch der Autor verwendet hat, optimale Ergebnisse liefern. Der Projektleiter hat angekündigt, dass eine ähnliche Untersuchung über die Marke und die Art der Tinte, die in Wakes Schreibmaschine verwendet wurde, eingeleitet werden sollte. Die werden halt alles ganz genau so haben, wie es der Alan Wake hat. Zum quasi, ich sage jetzt auch wieder ChatGPT, zum die AI oder in dem Fall halt das übernatürliche Ding, damit das so Stories macht, 1:1, wie es der Alan Wake macht. Sehr, sehr interessant. Chat, ich frage mich jetzt gerade, aber wir machen es schnell. Wir gehen schnell speichern. Wir gehen schnell speichern und dann gehen wir in der Mitte noch schnell den Loot-Check machen. Ich frage mich auch gerade, soll ich mich mal heilen? Ich lasse jetzt mal was ein. Machen wir da schnell den Check, ob wir da irgendetwas finden. Irgendwas Lootbares oder so. Loot. Irgendwo. Schwierig. Sieht nicht nach Loot aus. Schauen wir schnell, wo wir sind, wo wir hin können. Wo sind wir gewesen? Relevanter Ort. Da ist ein relevanter Ort. Sind wir da noch nicht drin gewesen? Wo sind wir ja gewesen? Was habe ich denn hier verpasst, Chat? Ja, geil. Ich kann halt nichts mit so einem Interagieren da. Wow, Mann, hey. Mach jetzt auch die Türen zu. Okay, was ist da relevant? Infos. Sind das relevante Infos?
schnell schauen, ob wir bei den Zielen etwas haben. Schlüsselkarte. Ja, okay, das ist immer noch das Gleiche. Also, schnell gucken. Oder ist jetzt... Ist echt da irgendjemand etwas, wo wir interagieren müssen? Moment. Also da kommen wir ja nicht rein. He? Stufe 2, nein, haben wir nicht. Chat, ich gehe jetzt einfach schnell überall durch. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das bringt uns nicht weiter. Ja, das kann es nicht sein, Chat. Kann es nicht sein. Wir gehen in den Lift. Ist der überhaupt noch da? Ich glaube, der Lift ist gar nicht da. Ja, doof. Ja, der ist halt nicht hier. Das sind aber auch relevante Orte. Haben wir da irgendetwas, wo wir noch nicht bedient haben? Rudolph Lane stood back from the canvas. He didn't recognize the... Diana and Ju... Emergency. Das haben wir angeschaut. Ich muss irgendwann interagieren, Chat. Ich muss ja interagieren, sonst bringt das alles nichts. Ich habe schon das Gefühl, dass ich da irgendetwas muss machen. There was a crack in the lake house. The Marmonts had let the lake in, but the water could not flow. Da kann ich nicht interagieren, oder? Stagnant. Went bad. The truth was controlled here. The art was not art, just content for the experiment. Kann ich nichts machen, Chat? Das Neck kann ich mir auch nicht rauslassen. Okay, ich weiss gerade nicht, was ich machen muss. Wir können nicht zurück, weil der Elevator ist nicht um. In diesen Räumen haben wir nichts, da können wir speichern, da kommen wir nicht rein. Da sind wir vorher nicht gewesen. Chat, wenn ihr eine Idee habt, ihr dürft gerne nach wie vor mitraten. Ich darf nicht spoilern, aber mitraten ist immer erlaubt, wenn ihr etwas gesehen habt. Wenn ihr denkt, hey, probier mal das und so. Einfach rein in den Chat. Da bin ich auch nicht rein. Ich tue etwas bedienen bei denen. No. Ach, komme ich da? Hey, okay, never mind. Das ist gar nicht eingezeichnet, oder? Das ist gar nicht eingezeichnet. Darum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, da zu schauen. Mein Gott. Ja, hallo? Schaut euch jetzt mal die Map an. Jetzt sind wir nie mehr. Wir sind im Nirgendwo. Das tut nicht gut, Chat. I don't like this. Shit. I don't like this. I like this. Chat. Now we're talking. Now we're talking. Big bada boom.
back where I started. Ja? Spatial recurrence usually observes the law of 3. Geh durch die heimliche Rekursion. Wenn wir auch 3-mal durch alles durchgehen, oder? Overlap, rebounded on Aber wir haben jetzt da laut. compressing, compounding, reflecting, and refracting. An urban legend and a murder in constant Also wir haben imbalance. richtig geile Laut. Ja, wow. Auch eine riesige Kiste. Könntest du meinen, da ist jetzt ein Bazooka drin, aber nein, es ist ein bisschen Munition drin. Back loop doubled and redoubled out of control. Okay, gehen wir schnell speichern. Ich nehme an, wir müssen jetzt wirklich auch 3-mal. Hat 3? Der Rule of 3. Oh, nein, nicht wollen. Durch das Zeug durch. Aber jetzt haben wir ein bisschen laut. Oder auch nicht. Gut, machen wir das so. Aber natürlich machen wir jetzt What is happening? Jedes Mal den Loot-Check. What's here? Good thing I brought a flashlight. Chat, schnell Waffenwechsel machen. Ja, das kann ich nicht, das kann ich halt nicht. Hey, ich hab doch keine Batterie. Habe ich keine Batterie mehr? Was ist los? Ich habe gemerkt, das war gerade ein bisschen leise. Wir haben schnell testen, wie das ist. Mit der Wish-Taschenlampe-Chat. Ich bin mir das nicht mehr gewöhnt, dass ich die Wish-Taschenlampe brauchen muss. Aber ganz ehrlich, sind ein bisschen viele aufs Mal. Ich weiß nicht, ob ich gegen die muss kämpfen muss. It's over, it's done. Horizon plus DLCs durchgemacht, beide Game 250 Stunden. Holy shit. Double-Click. Was Kill ist schon? Double-Click, nice one. GG's, sehr geil. Einfach Skill ist schon. Oh nein, nicht die Wish-Taschenlampe. Ja, Chris. Ne, die macht's halt kaputt. Worth a shot. Oh no, aber ich weiß halt wirklich nicht. Okay, da bin ich. Ich weiß halt wirklich nicht, ob es gescheit ist, wenn ich gegen die kämpfe. Ich glaube, es ist nicht gescheit, das bringt mir nichts. Ich bekomme nicht irgendwie Experience Points über oder irgendwas. Ich gehe da rein, gehe da looten, direkt looten. Ich will mit euch nichts zu tun haben, okay? Geh da looten. Okay, jetzt bin ich doch im Arsch. Mach zu! Merci vielmals. Oh! Was ist eine Wish-Taschenlampe, hallo? Ja, also wenn ich so viel Schüsse brauche. Für einen Dude. Chat. Hallo, Taschenlampe, bist du? Sind wir ready? Okay. Hey. Shit, 3 durch, Chat. Die mögen halt einstecken. Sie mögen halt einstecken, Chat. Das ist gar nicht schön. Ja, jetzt mache ich aber den Rest noch kaputt, oder? Das Schlimmste wäre jetzt, wenn ich keinen Loot finde. Wenn das echt für nichts gewesen wäre, dass ich mich da verdammt. Das sind zu viele, Chat. Das sind zu viele. Es geht sie, du gehst schlafen. Ich flüchte schnell. Schnell auch die Augen ein bisschen offen behalten für Loot. Ist hier Loot? Kein Loot, kein Loot. Okay, wir gehen weiter, Chat. Oh, ich muss hier all 3. Hey, 3 durch, Chat. Das ist 3 durch, ne? Ich will hier euch weg. Ich will hier nicht gegen die Dudes kämpfen. Bye, bye. Nimm das. Friss das, Mann.
Bye bye. Bye bye. Aber die folgen mir jetzt nicht, oder? Oh, okay. Also, ich glaube, alle killen. Wir haben keinen Loot auf dem Weg. Ich glaube, ich gehe einfach durch. Und dann könnt ihr endlich einen Flashbang rühren, um die Tür aufzumachen dort. Hey, aber es geht sich. So, Troy hat leider gerade ein bisschen viel jetzt habe ich gelesen, Marketing-Reklamationen. Magenreklamationen und verkrüchen mich ins Bett. Viel Glück beim 349er Damage machen an diesen Viechern. Hey, es geht sich. Merci vielmals für deinen Support heute. Schön, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir ganz eine gute Nacht und natürlich eine gute Besserung, deinem Magen. Gute Nacht, Liebe. Liebe Skizonta. Liebe Skizze, schlafe schön und lass dich von den sanften Träumen wie Luna Lovegood in eine magische Welt entführen. Möge dich der süße Schlummer umhüllen und dich vor jeglichem Venom schützen. # gute Nacht, Skizze. Mach's gut, bye bye, schlaf gut, schönen Sonntag. Tschüss. So, wir haben unsere Strats-Chat, die ziehen wir jetzt durch. Das erste und letzte Mal, wo ich in diesem Game gestorben bin. Machen wir da noch schnell zu. Machen wir schnell den Loot-Check, weil da haben wir grundsätzlich die Zeit noch. Schnell gucken. Ich glaube, wir machen das einfach. Ist eigentlich egal. Wir können auch den hier nehmen, oder? Fackel. Aber ich glaube, wir nehmen die Flashbang noch. Rühren die Richtung durch, dann können wir sofort durch. Das ist jedenfalls meine Theorie. Loop 3. Should be the last one. I keep coming back to this page. The author's clearly awake. Haben wir da keinen zusätzlichen Loot? Ja, let's go. Ich habe ihn gesehen. Ui. Okay, gut. Da müssen wir schnell einen Check machen, das ist gut. Würde ich sagen, rein da, Chat. Ich würde sagen, ich säckle links da. Okay, das ist nicht gut. Ich säckle auch. Wo bin ich da genau? Habe ich jetzt die weggenommen? Ich glaube, beide weggenommen, oder, Chat? Ich kehre nochmal um. Traue dieser Sache nicht. Da ist etwas. Das ist auch leer. What the fuck? I just need Rudolph Lane's paintings to lead to more pages. Der Loot ist wichtig, Chat. Müssen wir natürlich mitnehmen. One day we can understand. So, Maestro, ich habe mich nun auch mal aufs Ohr. Ich fühle mich, als hätten wir 5 Uhr oder so. Ja, ist komisch, ne? Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Ne? Ich wünsche noch viel Spaß, eine gute Nacht und es hat Spaß gemacht. Hey Chris, ich danke dir nochmals für den Raid. Ne? Schön, bist du noch hier geblieben für einen Bossfight und bis jetzt noch. Ich wünsche dir ganz eine gute Nacht. Schönen Sonntag noch und bis zum nächsten Mal. Chris, hab ich eigentlich ein Follow da gelassen? Ich muss jetzt direkt mal gucken. Habe ich gemacht, ne? Habe ich gemacht, let's go. Ich gucke auch bei dir mal vorbei. Unbedingt, ne? Sehr gerne kommt bestimmt wieder eine. Oh, hey, Chris. Ehre. Mach's gut, Chris. Ich sehr gerne. Ich komme sehr gerne vorbei bei dir. Chris, wann streamst du denn? Was sind deine Streamtage oder deine Streamzeiten? Das muss ich jetzt noch wissen. Dann kann ich das auch gut einplanen. Oh, Tiger, stimmt das eigentlich? Oder es wäre eine Stunde mehr, ne? Wobei, bei mir zeigt es das auch an. Aber das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Sehr geil. Immer mittwochs und einmal am Wochenende. Ab und zu gibt es auch mal was außer der Reihe. Das finde ich gut. Aber dann notiere ich mir mal Mittwoch und versuche da mal reinzuschauen. Machen wir so. Chris, gute Nacht.
Bis dann. Bye, bye, tschüss. So, Chat, und wir gehen jetzt hier einfach durch. Einfach durch. Geradeaus. Weiter, weiter ins Verderben. What is that? Oh. Chat, ich höre Clickers. Okay, das haben wir alles nicht auf der Map. Huh. Ist das jetzt... Controllable shifting phenomena. Ist das geschehen gewesen? Uah, wie das klingt, wie das tönt. Chat. Oh nein, jetzt müssen wir auch wieder zügeln. Ich nehme an, wir müssen euch da hindern. Hä? Oder vielleicht auch nicht. Da hindern. Da komme ich nicht durch, weil der Strom nicht da ist. Okay, got it. Oh, was ist das eigentlich? Oh, dort. Chat, was haben wir verziehen? Fühlt sich an, als wäre 5 im Chat. Ja? Komisch. Aber die Müdigkeit kickt bei mir langsam irgendwie rein. Chat. Aber das heisst nicht, dass wir jetzt schon Feierabend machen. Stufe 1, check. Tiger, kickt bei dir die Müdigkeit auch schon? Okay, da haben wir eins Phoenix. Die Geräusche, die machen mich wahnsinnig, Chat. Was ist mit dem da? Also, ich nehme jetzt den mal mit. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin mit dem. Wow, jetzt bin ich verschrocken, weil die so komisch ausgesehen hat. Hey, what the fuck? Habt ihr das gesehen? Die hat das Loch im Kopf gehabt, Chat. Ein Loch im Kopf. Aber den kann ich jetzt... Ja gut, jetzt kann ich ihn sowieso nicht mitnehmen. Aha, interessant. Ja, come on. Ich frage mich jetzt halt einfach, wenn wir jetzt den wieder rennen tun, oder was ist die Idee? Jetzt haben wir an beiden Orten Strom. Das ist definitiv nicht die Idee, oder? Und dann? Okay, das hat uns den Zugang ermöglicht. Ich muss noch mal schnell schauen. Ich frage mich jetzt echt, ob wir den hier brauchen. Den kann ich endlich jetzt mitnehmen, oder? Das ist auch ein ganz normaler Durchgang. Keine Energie. Es geht da rein. Aha, ja, kein Wunder. Und jetzt da mal mit. Ich sehe halt nicht. Ist das mühsam mit diesen blöden Dingen, Chat. Ich habe keine Map. Ich drehe durch, ne? Ich lese schnell Chat. Ich lese Chat. Stelle es an, lese Chat.
Mit was für einer Bitrate streamst du im OBS? 7000. 7000. Ich sollte dann auch mal pfusen, muss ja heute noch zu meiner Schwester, weil Geburt. Oh, Fienchen, hey, aber dann mach das, please. Ja, dass du auch fit bist dann. Was ist die Idee? Wie geht es weiter? Und was sind das für komische Geräusche? Das macht mich wahnsinnig, ne, Tiger? Hey, Fienchen, aber wenn du geschlafen wünsche ich dir natürlich ganz eine gute Nacht. Schön, bist du dabei gewesen. Merci für deinen Support. Merci, wie immer, für alles, für Teicheln und einfach alles. Noch nicht. Also gut, ich nehme alles wieder zurück. Blende es wieder aus. Wir machen weiter, Chat. Wir machen weiter mit Lost Sign mit Troy. Oh, da darf ich nicht an. Da verschlingt mich die Darkness, Chat. The Darkness. Oh, ich habe das Gefühl. Ich habe aber langsam das Gefühl, ich muss das wieder einschalten. Hat sich jetzt da etwas verändert? Ja. Ha. Zack, boom, bang, Chat. Snuffis und Flo. Gute Nacht, Snuffis. Träume von einem Meer aus bunten Murmeln, in dem Ananasbäume, ich weiß nicht, wieso ich jetzt zuerst Anal lesen, aber egal. Ananasbäume sanft im Wind schaukeln. Möge die Nacht voller süßer Träume sein. Und Flo, bevor du mit deinem Spielzeughammer ins Traumland reist, wünsche ich dir eine gute Nacht. Möge deine Fantasie durch das Stargate in neue Welten fliegen. #SweetDreams. Und Snuffis ist allergisch auf Ananas. Ja, was soll ich da sagen, ne? Hey, aber Snuffis, das gibt's. Da verpasst ich leider etwas mit deiner Allergie. Weil Ananas, vor allem auf der Pizza, ist halt schon richtig geil. Aber Snuffis, Flo, macht's gut. Schön sind ihr dabei gewesen. Auch euch danke für den Support und so. Baby incoming, also wahrscheinlich ist schon etwas reingekommen, I don't know. Und so, ich gehe. Sorry, Snuffis, I'm so sorry. Ist nur Spass. Snuffis, Flo, macht's gut, schlaft gut, schönen Sonntag noch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht, ich schaue sicher auch wieder bei euch vorbei. Und bye bye, tschüss. Da ist reingekommen, das Baby, let's go. Let's go. Hast du einen Namen? Willst du noch schnell den Namen in den Chat posten? Oder überraschen wir den Chat mit dem? Also, du kannst es auch. Vielleicht nimmt es die anderen Wunder, was du dir ausgewählt hast. Klein Snuffis. Oh, mega cool. Mega cool. Ja, Snuffis, das hast du sicher gewusst, aber das ist nice. Klein Snuffis. Das Baby. Geilo. Hey, Flo, merci vielmals, das freut mich. Geschlechtsschnüffeln, also das ist sehr geil. Da muss ich noch kreativ sein. Oh. Da muss ich immer so ein Bildchen suchen, aber eine Schnüffelnase finde ich schon. Let's go. Hey, macht's gut. Bye bye. Und bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt hier aus dem Loop raus, Chat. So we meet again. Ich weiß, wer Sie sind. Weiß ich das? Ja, das weiß ich. Did the people here do this to you? Ich würde gerne interagieren damit. Aber ich muss halt weiter wegstehen. Was haben die Mormons getan? Mormons before. Do they do this? Where are they now? Come on! Tell me where Hass. they are. Beckens. Christ. Ja. Hey Lance, wie geht es dir? Guten Morgen, Lance. Hast du denn schon geschlafen? Hast du schon geschlafen oder bist du noch wach? Das ist immer dieselbe Frage, die ich stelle. Ne? Lance, wie geht's dir?
Be blessed in the name of Jesus. Greetings from from Germany. Yeshua Max, greetings, Grüße zurück nach Deutschland. Ich nehme an, ich kann auch Hochdeutsch reden, so, wenn du sagst, du kommst aus Deutschland. Wie geht's dir denn? How are you? I'm sorry, not from hell, of course. From heaven. Germany is heaven. Germany is a beautiful country. And I don't know why we are talking English now. Why are we communicating in English now? It makes no sense. It's fixated on the Marmons. What did Bin gerade aufgestanden, der Kaffee läuft und bin mitten in Pen-and-Paper-Wochenende. Heute ist der Tag, an dem ich nach und vor Arbeit. Oha. Let's go. Wo ist hier? Okay. Wir können hier... Was denn schaust du? Hier können wir interagieren, Chat. Macht keinen Sinn. So, Chat, wir gehen weiter. Und wie immer spielt es wahrscheinlich keine Rolle, wo wir reingehen. This key card isn't cut it. Access denied. Access denied. Access denied. Access denied. Ich mache jetzt da. Jetzt geht es wieder rauf, okay, das war nicht die Idee. Ja, Chat, dann gehen wir halt Ground Level. No access back to the lobby. Ja, wir halt das -1, Chat. Only one way to go. Only one way to go, dann wäre wahrscheinlich das 2 auch nicht gegangen. A foreign reality and our own. Now, they all have their own rules, strange as they are. But the further down I went, the more chaotic this one got. Clearly, this was the Cauldron Lake threshold, but something was wrong. Well, more wrong than usual. More wrong than usual, Chat. Okay, mal gucken. Jetzt sind wir wieder da. Gehen wir das schnell... Wir gehen auch schnell anschauen, ob wir irgendwie weiterkommen, Chat. Wir gucken mal, ob wir weiterkommen. Solche Spiele benutzen Dämonen, um euch zu schaden. Mir geht's gut. Ich habe zu spät gehört, dass du Deutsch sprichst. Hey, kein Problem. Pass auf dich auf. Hey, passt du auch auf dich auf, ne? Aber freut mich, dass es dir gut geht. Heute werden die Anhänger des Wasserdämons unschädlich gemacht. Die Hafenstadt muss gerettet werden. Oha. Ist das Teil des Pen and Papers, nehme ich an, Lance? Wasserdämon. Ui. Okay, wie sieht's denn hier aus? Immer noch gleich? Bin mir nicht sicher. Chat muss man schnell zurechtfinden. Doch können wir speichern. Machen wir schnell. Speichern. Wichtig. Speichern. Haben wir da etwas Neues? Ich muss schnell die Ziele. Ich brauche die Ziele. Begib dich. Es ist immer noch genau das Gleiche. Ich muss das 5. Untergeschoss. Und für das brauche ich aber Zugang, Chat. Zugang. Eine Schlüsselkarte. Da komme ich nicht rein. Was ist da? Da wäre... Hä? Da wäre die... Oh, what the fuck? Da werden wir schnell anschauen. Loot? Okay. Nein, da komme ich nicht rein. Can't open it from the Da side. komme ich nicht durch. Was macht denn das bitte für einen Sinn? Ich muss da durch, brauche aber
Aha, nein, das macht schon Sinn. Ich brauche halt zuerst Level 2. Ich habe jetzt irgendwie völlig falsch gedacht. Okay, never mind. Dann ist das noch nicht da, wo wir mitmachen. Ich brauche eigentlich Level 2 Zugangskarte. Ah, nicht schon wieder, Mann. Fienchen, bist du schon ready? Ja, come on, hey. Come on. Oh my God. Oh my God. Ich muss da schnell weg, Chat. Oh, das ist nicht gut, oder? Chat, das ist nicht gut. Hey, kann ich da wirklich nichts machen? Jetzt halt alles nichts. Das war jetzt reine Verschwendung, Chat. Eine reine Verschwendung. Genau, nachher habe ich meine Gruppe in die verschiedenen Dinge eingeführt. Erst Kampf, dann Religion, dann Politik und jetzt halt die Unterwelt. Okay. Auf jeden Fall ist immer ready. Aber klingt geil, Lance. Klingt echt nice. Ja, das schießt mich an, dass ich jetzt da das verschwendet habe. Da bin ich anscheinend safe. Aber ich bin da auch gleichzeitig komplett falsch, oder? Also einmal mehr komme ich aber auch nicht zurück. Das ist halt das Ding. Also kann ich auch nicht unbedingt falsch sein. Das heisst, ich gehe da mal in den Raum nochmal. Also, Chat. Ich darf auch nicht sterben. Das ist eigentlich ganz einfach, Chat. Ich darf nicht sterben. Wie habe ich das gemacht? Das ist doch so ein Schalter. Ist der nicht da gewesen? Verdammt. Oh shit, ich habe das falsch in Erinnerung. Das ist nicht das. Das ist wahrscheinlich da hin. Da muss ich hin. Verdammt. Shit. Ich mag das, wie positiv du bist. Bisher hat meine Gruppe immer alles in Flammen gesetzt. Oh no. Einfach nicht sterben. Oh. Ja, das... Da muss ich hin, Chat, da muss ich hin. Wenn wir da schnell in Sicherheit, schnell speichern. Machen wir da einen Schalter umlegen, oder? So. Jetzt muss ich schauen, wie es weitergeht. Jetzt... Oh, what the fuck? Das habe ich gar nicht gecheckt. Looten unter Druck, Looten unter Druck, Looten unter Druck. Hey Chat, ich komme echt... Ich komme gerade gar nicht raus, was ich machen muss. Oh, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will doch nicht, Chat. Wie komme ich dort rüber, Mann? Ist jetzt hier etwas aufgegangen? Es ist halt nichts aufgegangen. Chat, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Ich bin langsam zu müde für den Scheiß. Und die Musik, ne, die macht mich... Ich bin da safe, oder? Ich bin da safe, ich bin da safe, ich bin da safe, ich bin nicht safe, ich bin nicht safe. Oh. Hi.
Du musst schnell ein bisschen leislicher machen. Du musst schnell ein bisschen Chat lesen. Oh, ein Gegner, Flammenstrahl. Oh, ein Vertreter der Kirche, Flammenstrahl. Eine Audienz beim Jarl, Flammen. Hier bitte nicht. Okay, wow. Ja, das ist halt so, ne? Das ist noch tricky. So als Dungeon, als Game Master ist das wahrscheinlich schon noch tricky. Chat. Und by the way, Must Be Acoustic Guitar, danke für den Follow. Merci für den Follow. Thanks for the follow on YouTube. For the subscription. Chat. Haben wir einen Plan? Haben wir einen Plan, abgesehen von nicht sterben? Ja, habe ich die jetzt echt nicht gelootet? Die habe ich jetzt halt nicht gelootet, gell? Wow. Run. Aufzug bewegte sich. Hätte ich jetzt einfach da habe ich jetzt den Schalter fälschlicherweise umgelegt? Ich glaube, ich hätte den gar nicht müssen umlegen. Bye bye. Hallo. Oh, okay. Bye bye. Jet, ich habe das Spiel ausgetrickst. Ich bin unsterblich. Also, Jet. Nochmal schnell. Ich muss nicht immer speichern, das macht null Sinn. Aber jetzt legen wir doch auch nochmal den Schalter um und theoretisch sollte hier irgendwie jetzt die Tür aufgehen, richtig? Geht sie auf? Ja, da muss ich machen. Ich dachte, die Zellen durch den Raum durchsäckeln. Ich war echt zu dumm, oder? Jet, ich bin unsterblich. Ich bin unsichtbar. Also, jetzt gehen wir da durch. Das ist der Plan. Ja, schade. Ah, mal, es geht. Okay. Wow. Da habe ich mich jetzt echt auch dämlich angestellt in dem Moment. Jetzt komme ich... Und jetzt gehe ich ins 2, I guess. Das Bild, wo vor der Tür 2 war, ist verschoben. Du kommst jetzt an die Tür hin, wenn ich es... Ja, ich habe einfach den Schalter umgelegt und habe es dann endlich zugemacht. Das war eigentlich der Fehler, den ich gemacht habe. So wie ich es gesehen habe. Okay, wir haben wenigstens ein bisschen Ruhe. Wir sind wieder da. Hey, hallo. So, Chat. Jetzt wäre ich für gemütliches Looten. Oh, okay. Ja, also. Können wir natürlich auch machen, schnell Pipi-Pause und so. Schnell schauen, wo wir sind. Da sind wir noch gar nie gewesen. Ja, dann würde ich sagen, mal aussen noch Loot-Checks machen. Wie viel haben wir da drin? Einen. Oh, there's the elevator. Ja, okay. How do I get in? Never mind. Da komme ich aber... Wahrscheinlich müsste ich auch aufmachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das gescheit ist. Haben wir da Loot? Probieren wir schnell aufmachen, Chat. Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen... Okay, das geht gar nicht. Schnell ein bisschen lauter machen. Looten auf jeden Fall mal zuerst. Wir können nicht genug haben. Da sind auch welche drin. Ich habe das Gefühl, irgendwann geht echt alles aufs Mal auf, oder? Kultisten, die durch die Wälder streifen. Oh! Was ist das gewesen? What the fuck? Are you kidding me?
Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Okay, gut. Loot. Habe ich jetzt den Loot weggenommen oder ist es auch wieder leer? Wow. Okay, das geht auf. So, jetzt eigentlich irgendwie so ein Minigun. Also gut. So gut wie möglich systematisch vorgehen. Jeder Raum schnell looten. Access Card 2. Da kommen wir noch rein. Ist das eingezeichnet? Okay, gut. Kuchen. Was ist mit Kuchen? How many paintings did they have this guy make? Also, von der Malstunde am oder Katalog der Rudolph Lane Production. Okay. Bezeichnung schwarze runde Form zwischen gelben Linien. Beschreibung: ein unregelmäßiger dunkelschwarzer Kreis im Vordergrund, hinter dem gezackten gelbbraune, senffarbene Linien verlaufen. Die Linien überlagen sich manchmal und/oder verlaufen manchmal durch den schwarzen Kreis. Bezeichnung: einsamer Baum bei Nacht. Beschreibung: ein dunkelgrüner Baumkiefer in einer dunklen Landschaft, vermutlich bei Nacht. Verlassene Straße im Wald. Ein dunkelgrauer Strich in einer dunkelgrünen Landschaft, vermutlich ein Wald bei Nacht. Bei dem grauen Strich handelt es sich aufgrund der Platzierung der Farbe und dem perspektivischen Verlauf wahrscheinlich um eine Straße. Anmerkung: Bei einer kleinen weißen Form auf der Straße könnte es sich um eine Seite des Autors Alan Wake handeln. Die entsprechenden Teams wurden informiert und suchen aktuell nach dieser Seite, um sie zu bergen. Gelbe Sichelform auf schwarzer Leinwand, eine gebogene gelbe Sichelform auf einer schwarzen Leinwand, vielleicht eine Mondsichel oder eine Banane. Eine Banana! Unfertige Arbeit. Banana! Banana! Merci. Let's go. Ja, aber da haben wir jetzt noch... Oh mein Gott, das hört ja nicht auf. Rote, gelbe, grünlicher Kreis. Getrocknete Bananen. Getrocknete Bananen. Chat, ich lese jetzt nicht alles vor. Schau schnell, ob Stadtlandschaft mit blaugrauem Himmel, schwarze Leere, Auswahl an schwarzen Spiralen. Hey, it's a spiral, Chat. It's a spiral. Braune Form mit Hörnern. Schnell schauen, was wir hier haben. Oh, let's go. Allerliebst. Let's go. Das habe ich gesucht, Chat. A higher access card. Sorry, but I need this. Und bist du für einen Lümmel, Mann? Ist das auch einer gewesen, oder? Passwort, ja. Chat, wir müssen das Passwort knacken. Ist echt das? Oh, wir haben halt 0 Anhaltspunkte. 0. Aber wir machen es wie vorher. Wir machen schnell den Check, ob wir irgendwie eben gleich noch mehr Infos haben. Nein. What the actual fuck, man? Du Lümmel, du. Okay. Okay, heutiges Passwort. Ich fange mal oben an. Ich bleibe dabei, gemeinsam einen Film anzusehen. Ist
nicht der Beginn einer Beziehung. Das heutige Passwort ist das Datum unseres besonderen, unvergesslichen Jahrestages plus braune Form-Eternen. Okay, das haben wir irgendwann gehört. Besonderer, unvergesslicher Jahrestag. Zwischen Jay Watterson und P. Greenberg, oder? Also. 44, stimmt, ja. Du willst mir also sagen, dass du nicht weißt, wann unser Jahrestag ist? Ja, viel Glück damit. Also 44, ist das schon. Das Passwort, das du geschickt hast, hat nicht funktioniert. Schwarze Leere ist 44, oder? Aus der Liste von Lanes gemeldet. Ich muss da rein, sonst war Mittwoch umsonst. Oh. Braune Form mit Hörnern. Gipfeli, oh. Oh, jetzt ist so ein Gipfeli, Mann. Das war so richtig geil, Chat. Das war richtig nice. Wir müssen schnell den ersten Teil vom Passwort haben. Haben wir das da irgendwann drin? Also, 4. Aha. Aber da steht, schwarze Leere ist 44, aber dann ist das nicht das heutige Passwort. Wir brauchen noch den unvergesslichen Jahrestag und da mit dem Gipfel müssen wir herausfinden. Ich nehme an, das ist noch jemand anders. Das ist sicher da. Okay. Ich habe für unseren Jahrestag reserviert, der, wie ich weiß, nächsten Freitag ist. Wir sollten das Büro mit unterschiedlichen Autos verlassen. Jetzt, wo diese Heuchler in der Chefetage Beziehungen am Arbeitsplatz verboten haben, sollten sie uns nicht zusammen sehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Nächsten Freitag, was ist denn der 14.09.? Oh mein Gott, den haben wir ja vorher schon gehabt. Oh, shit. Ist das ein Donnerstag gewesen? Wir haben das Ganze am Anfang gehabt, der 14.09. Weiss das nicht mehr? Ich glaube, das war ein Thursday gewesen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es ein Thursday, aber nächsten Freitag wäre da gerade der Tag drauf. Oder nicht? Oder war es ein... Oder ist es ein Dienstag gewesen? Es war irgendwie etwas mit T gewesen, Tuesday oder Thursday. Der 14.09. auf dem Kalender, wo wir den ersten Code gesucht haben. Vielleicht haben wir weitere Hinweise. Oder haben wir da... Oder ist jetzt da etwas, was ich nicht gecheckt habe? Ist da etwas drauf? Oder haben wir auch noch ein Datum? Ist der Name falsch geschrieben? Ah, wait. Oh. Ja, ich weiss nicht, wieso der Bot jetzt zu dumm ist für da. Er hat keinen Zugriff auf die Easter Egg-Liste, Fähnchen, gell? Also hast du eigentlich das Gefühl, dass er jetzt auch die Easter Eggs spoilert? Nein, da ist wahrscheinlich das, was wir brauchen. 14.09. ist ein Thursday. Also ich bin tatsächlich richtig gelegen. Aber was ist denn der nächste Freitag? Der 15.? Oder wahrscheinlich der 15. Also 15 oder 22, ja? Das haben wir schon mal gelesen. Nein, Chat. Mal. Also 15.09 oder 22.09. Oder respektive andersrum. 09.15 oder 22. Ich gehe mal schnell an den Computer rein. 15 oder 22. Ah, jetzt aber? Das stimmt halt wirklich. Wo bin ich? Shit, ich habe mich verlaufen. Shit. Fuck, ich weiss echt jetzt gerade nicht mehr, was es war. Nein, da bin ich falsch. Ist da gewesen? Da ist es. Also.
Bevor ich es eingebe, muss ich aber den hier noch mal schnell anschauen. Weil ich weiss ja den letzten Teil nicht. Braune Form mit Hörnern. Eine braune 25. 25. 09, 15. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Nein, 25. Nope. 09, 22, 25. Okay, let's go. There. Let's go! Chat. Ich bin so blöd. Ich habe gerade den Lockdown aufgehoben und überall sind die dummen Viecher drin. Hey, Flöro, Mann, hello, da ist ja Gameplay. Flöro, da ist ja ein Flöro, Mann. Ja, aber ich habe einfach gedrückt. Ich halte einfach gedrückt. Und da haben wir den Scheiß, oder? Grüezi miteinander, grüezi. Ich bin der Treu. No, turn back. Area is extremely hostile. Fucking Videos. Ja, ich glaube, das lesen wir jetzt nicht alles, Chat. Hat nicht interessant ausgesehen. Also, suche dein Team in UG1. Ja, mach das, mach dieses. Das heisst, wir gehen da wieder raus. Gehen wir schnell ein bisschen in die Monster rein, oder? Können wir schnell speichern. Ich bin nicht ready dafür. Selbstzerstörung. Ja, aber das kann jetzt... Muss ich mich jetzt hier durchmetzeln, Chat? Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, oder? Oh mein Gott. Oh mein... Oh. Ui. Ja, aber das kann ja jetzt echt nicht sein, dass ich... Oh mein Gott, ich bin so tot, Chat. Ich bin so tot. Wo ist meine Pistole, Mann? Scheiße, Chat, Mann. Oh. Pistole. Pistole, let's go. Ach, Chat. Es sind ein bisschen viel. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach ein bisschen rumballern. Ich kann nicht immer an allen vorbeilaufen. Das kann nicht sein. Wir gehen jetzt rein, Mann. Wir haben gespeichert. Wir probieren das jetzt nochmal. Für das haben wir die Fiendchen, wo Death Count Master ist, Chat. Ja. Alles easy. Alles easy. Das ist da, wo mich ein bisschen nervt. Manchmal geht es mega schlecht mit dem Zielen. Batterie schnell wechseln, das wäre super geil. Ein bisschen reloaden und so, wäre irgendwie noch nice und so. Reloaden. Der noch schnell hinten dran, können wir nicht, okay. Oh. Muss ich mich zuerst heilen? Ich bin halt angeschlagen, ich habe kein Wunder sterben, Chat. Ich sollte mich halt noch zuerst heilen, bevor ich da in die Action reingehe. So, Chat. Jetzt aber. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Chat.
So, 2 Hände. Genau. Ja, du noch die Batterie wechseln. Mach doch etwas, rühr doch das blöde Ding, Mann! Ich muss sogar mal mein Equipment ein bisschen brauchen, Chat, oder? Ich habe jetzt halt wirklich die ganze Pistolenmunition durchgelassen. So, jetzt ein bisschen Action. Let's go. Haben wir jetzt alle besiegt. Es ist Ruhe eingekehrt, Chat. Jetzt gehen wir looten. Ich hoffe jetzt auch, dass ich ein bisschen Munition finde. Das ist schon nicht das Problem. Let's go. Let's go. Hey, ich glaube, das funktioniert wunderbar. Ich habe auch das Gefühl, je mehr Munition das wir verbrauchen, das war ja schon immer so gewesen, desto mehr Munition finden wir auch wieder. Jetzt ist ein bisschen der Shooter mehr vorgekommen. Obwohl ich mit Controller halt wirklich einfach immer noch nicht Schlag komme. Dann würde ich sagen, jetzt gehen wir hier auch noch looten. Das ist jetzt alles clear. Wenn, da. Ja, ist denn da vielleicht auch noch etwas drin? Es ist halt einfach nichts drin. Ach. Wer wischt den ganzen Gammel dann weg? Troilina. Das ist ihre Aufgabe. Could be due to recency bias or simply the amount of recorded evidence skewing our opinion. But also, I wonder if writing's very nature is an advantage. Text can describe events in such explicit detail. The story gives the shadow a blueprint, a map of what to make real. But not all art is like this. Music, sculpture, dance, cuisine. In our case, a painting. Ich frage mich gerade, welches System das ist. How will the shadow choose to interpret it? I think Diana will find the question very interesting. Ich nehme an, She already has an answer. so wie es tönt, ist die Stimme vom Schauspieler von Alex Casey. Wo aber auch Alex Casey hat immer eine andere Stimme bekommen. Und ich glaube, das ist seine Originalstimme. Alex Casey, Schauspieler, seine Originalstimme quasi. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heisst. Aber let's go. Ich habe mich jetzt mehr auf das konzentriert. Haben wir sonst noch etwas zum Mitnehmen? Ein bisschen Munition, irgendwie etwas. Man. Da haben wir irgendetwas verpasst. Du hast noch mal etwas gesehen. Okay. Immer den Map-Check machen. Ja. Wo? Also wo? Ja. Zack. Gut. Oh, sind das Batterien gewesen? Wertvoll. Wertvoll. Boom. Jetzt geht's wieder los, oder? Komm, looten wir noch ein bisschen schnell. Okay, gut, säckeln wir schnell ein bisschen. Wir wollen nicht sterben. Fienchen soll jetzt nicht Arbeit haben wegen uns.
Reloaden. Ja, reloaden. Und ausweichen. Und nicht sterben. Reloaden. Nein, sie reloadet halt einfach 15 Minuten lang. Chat. Oh. Merci, Finchen. Danke vielmals. Nein, also da glaube ich nicht. Oh shit, nein, es ist halt wirklich so. Wir müssen es nochmal machen, Chat. Oh no. Oh, ich bin so blöd. Ich musste speichern. Um 5 Uhr muss ich definitiv geschlafen haben. Ich auch. Finchen, ich auch. Wenn du gehst geschlafen, dann gehe ich langsam Richtung Feierabend an. Definitiv. Vor allem jetzt scheisst es mich echt an, dass ich das nochmal machen muss. Aber hey, da sind wir machen es. Einer nach dem anderen. Würdest du echt du mal ablegen, Gopferdeckel, noch einmal? Habe ich eigentlich da Vollautomatik? Ich habe jetzt immer einzeln angetippt beim Schiessen. Nein, habe ich nicht. So, Chat. Gut. Da kann ich langsam. Das kann ich langsam. Jetzt gehen wir noch mal looten. Und dann gehen wir noch mal speichern. Ich merke das irgendwie. Lenz, du darfst wieder hinschauen. Die bösen Dämonen sind weg. Ja, es rumpelt halt. Also zuerst gehen wir speichern, bevor wir dort aufmachen, Chat. Ganz wichtig. Aber bevor wir gehen speichern, gehen wir hier looten. Wo war es? Haben wir da nicht noch looten? By the way, ja, ich spiele es jetzt auch nochmal ab. Es steht relevante Information. Da. Gut. Reloaden. Ganz ruhig. Haben wir alles mitgenommen? Da ist nochmal etwas. Bin ich den Loot damals verpasst? Das ist schlimm. Da ist etwas drin, nice. Gut. Reload. So, jetzt können wir speichern. Ich werde das nicht nochmal machen. Was haben wir denn überhaupt da noch? Okay, nix. Speichern und dann weiter. Wenn ich verkacke, muss ich das dann nicht nochmal machen. Lenz, jetzt musst du dann wieder wegschauen. Jetzt kommen wieder die bösen Dämonen. Ich habe keine Lust, Chat. Ich habe so keine Lust, aber wir machen das jetzt. Wir säckeln einmal im Kreis. Keine gute Idee, keine gute Idee, keine gute Idee. Gang doch weg, Mann. Ja, der andere. Ja, der andere, der andere.
glaube, ich muss da noch mal einen, oder? Check, das muss schon sein. Von Good Measure. Ein bisschen reloaden. Wir haben alle Zeit von der Welt. Ja, einfach nebendurch schiessen ist ganz wichtig, Chat. Nebendurch schiessen. Taktisches Danebenschiessen. Ja, genau. Let's fucking go. Und jetzt gehen wir gemütlich looten. Also ich muss schnell nach Prinzip looten. Wir fangen hier an. Geht da nicht im Kreis. 3, ja, da komme ich noch nicht rein. Aber ich weiss jetzt, wo ich das 3 bekomme. Also, ich habe es einmal mal gesehen. Wir gehen jetzt hier noch nicht weiter. Zuerst looten. Oh, also da... Aha, da muss ich sicher looten. Nein, das haben wir schon gesehen. Das haben wir da schon gesehen. Kuchen. Wo sind doch die relevanten Informationen? Bin ich blind? Oder? Hinweis an das Team. Wie ihr sicher wisst, wurde ein wichtiges Mitglied unseres Teams kürzlich vom Projekt Arbutus abgezogen. Carla Livingstons Pläne und ihr technisches Fachwissen waren ein wichtiger Bestandteil bei der Entwicklung der ASGs. Ihr Beitrag zum Projekt kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Das Projektteam kann sich darauf verlassen, dass ihre Versetzung ein Fehler war, der bald korrigiert werden sollte. Unsere Projektleiterin Dr. Diana Mormont möchte alle Teammitglieder darauf hinweisen, dass alle Anweisungen oder Aufträge von Dr. Jules Mormont keinen Einfluss auf das Arbutus-Personal haben und ignoriert werden sollten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Okay? Whatever. Ich werde endlich nur den Loot. Oh, fuck you, hey, du siehst mal. Ja, oh, keine Munition. Ui, 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 ui. Oi, 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 oi. Würdest du mal aufhören nachladen? Die ladet einfach ewig nach und dann muss sie noch die Batterie wechseln. Gott, verdeckel noch einmal. Ich habe fast keine Munition. Sie ladet halt ewig nach, haben wir da wenigstens Loot. Oh nein, come on. Lance, kannst du wieder hinsehen. Dauerloop von 3 bis 2 immer in der Zeit rückwärts heute. Ja, genau. Ja, genau. Das war geil. Das war irgendwie schon noch geil. Aber irgendwann ist es langweilig wahrscheinlich. Bleibt es immer Nachtchat. Im Jahre 2010 wurde Lane versehentlich in der AW 35 hineingezogen, während er in der Cauldron Lake Lodge wohnte. Unter der Aufsicht von Dr. Emil Hartmann, siehe Fallnummer für Informationen zu seinen Verbrechen und seiner Verhaftung. Lane wurde während des AW schwer verletzt. Er wurde 2 Monate lang in Seattle medizinisch betreut und in dieser Zeit von Mitarbeitern des FBCs verhört und als unschuldig eingestuft.
Nachdem die Cauldron Lake Lodge vom FBC übernommen und geschlossen wurde, zog Lane nach Watry, Washington, wo er derzeit wohnt. Aktuelle Beobachtungen bestätigen, dass er keine bekannten persönlichen Beziehungen oder Verbindungen zu paranatürlichen Gruppen hat. Wie gewünscht hat das Beobachtungsteam bestätigt, dass Lane am Tag der Erstellung dieses Berichts weiterhin malt. Interesting. Aber wo ist der Loot? Wenn wir jetzt das nochmal anschauen, dass es da immer noch steht. Bin jetzt irgendwie nicht sicher. Das ist auch relevant. Okay. Ja, wir bräuchten langsam, aber sicher Munition. Sonst haben wir ein Problem, Chat. Sonst haben wir ein Problem. Ja, ich finde den Loot nicht. Sehr gut. Zellen. Sind wir schon mal bei den Zellen schauen, was wir da machen können? Oh, Chat, oh. Also, jetzt machen wir es so. Das ist das letzte Rätsel, das wir lösen. Und dann können wir an dieser Stelle pausieren, Chat. Ein Passworträtsel machen wir noch. Fienchen bist dabei. Passworträtsel und dann raiden wir. Ja, weg. Ich mache Raid-Stop rein. Ganz wichtig. Raid-Stop, let's go. Also, lieber Chat, wir suchen ein Passwort. Und ich muss zuerst mal schauen, wo ich überhaupt irgendwelche Hinweise finde. Erste Bewertung. Das ist wahrscheinlich hat das nichts mit dem Passwort zu tun, aber ich lese es jetzt vor. Das erste Werk der Testperson ist äußerst enttäuschend. Es hat nicht im geringsten etwas mit den Wake-Seiten gemeinsam, die wir als Referenz anboten. Warum ist er so fixiert auf meine Ehe? Warum ist Jules der Protagonist? Warum spielt die Handlung an einer tatsächlichen Hütte am See? Und was passiert am Ende? Was zum Teufel ist am Himmel? Hat jemand Brooker über das Konzept informiert, über das er da schreiben soll? Das Haus am See, der Schatten? Er muss Wakes Stil perfekt kopieren. Es wird nicht funktionieren, wenn er nicht versteht, was er da schreiben soll. Wir müssen das in Ordnung bringen. Wir müssen jetzt Fortschritte machen. Und warum nimmt er die Sache nicht ernst? Als ich mit ihm sprach, hielt er mich für eine Schauspielerin. Ich musste ihm begreiflich machen, wie ernst wir es meinen, um jeden Preis. Seite Auftrag, Fortsetzung der Geschichte von Seite 02. Ausdruck, Stil und Inhalt von AW02 dabei so genau wie möglich treffen. Der Riss war emotionaler Natur, ein Strich direkt durch die Ehe, ihre Grundfeste, ihr Haus am See. Diese Gedanken und weitere gingen Jules im Kopf herum, als er aus den Fenstern der Hütte am See starrte. Die Sonne ging nach einem stürmischen Tag unter, regenschwere Wolken hingen tief, schicksalsschwer. Diana saß in ihrem Lieblingsstuhl und starrte auf die kräuselnde Oberfläche des Sees. Er sah zu, wie der Wind sich in ihren hellbraunen Haaren verfing. Als ob sie seinen Blick auf sie spürte, wandte sie sich zu ihm um. Jules sah weg, nervös, dann wütend auf sich selbst, dass sie so eine Wirkung auf ihn erzielen konnte. Er nahm die Rotweinflasche und goss sich einen großzügigen 375er großzügigen Schluck ein. Und er goss weiter, einem Gedanken nachsinnend. Wie sind wir hierher gekommen? Sie war im Labor, führten ein Experiment durch. Dann waren sie hier. Warum? Er erinnert sich daran, darüber nachgedacht zu haben, dass eine Pause vom Labor ihnen die Möglichkeit geben würde, sich wiederzufinden, den Riss zu heilen. Aber er konnte sich nicht daran erinnern, je gegangen zu sein. Wein ergoss sich über den Rand seiner Tasse, doch er bemerkte es gar nicht. Er stellte die Flasche ab, suchte den See ab. Ein schwacher Schein hing am anderen Ende des Sees in der Luft, als würde sich
würde Licht sich auf Glas spiegeln. Etwas, das man nur sah, wenn man dann danach suchte. Er hatte das Gefühl, so etwas schon einmal gesehen zu haben. Aber wo? Jules! Dianas Schrei riss Jules zurück in die Gegenwart. Sie starrte entsetzt in den Himmel. Ein dunkler Schatten kroch über die Terrasse. Jules ran zur Tür zu seiner Frau. Ja, und das Passwort wissen wir jetzt nicht. Das Beschaffungsteam ist hiermit ermächtigt, sich weitere Testpersonen für die fortlaufenden Forschungen im Zusammenhang mit Projekt Abotus in der Einrichtung am Haus am See anzueignen. Folgende Ergebnisse sind zu priorisieren. Beide Testpersonen zu Forschungszwecken zum Haus am See bringen. Tamita Booker, ihre Arbeit ist finanziell erfolgreicher und basierend auf bewiesenen Fällen, daher auch von größerer Erfolgsaussicht. Edward Booker, weniger erfolgreich als Tamita, aber das Theater wird eher als Kunst wahrgenommen, als Roman über echte Kriminalfälle. Die Testpersonen aus der Entfernung beobachten nur aneignen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Unter keinen Umständen darf diese Operation die Aufmerksamkeit der örtlichen Strafvollzugsbehörden erwecken. Gezeichnet, bla 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 bla. Alright. Bringt uns auch nicht weiter. Ich würde gerne das Passwort knacken. Passwort, come on. Die Texte der Versuchsperson müssen enthalten. Dunkelheit, Wasser, Mormont, Haus am See, Konflikt. Hat ihm das irgendjemand erklärt? Chat. Dennis, grüezi. Dennis, wie geht's dir denn? Grüße nach YouTube. Kann ich da ran? Nee. Chat, der Deal ist Passwort. Ui, das schnell. Muss nicht? Okay. Nicht. Jules Marmont looked at the painting. He didn't understand it. Saw only random whirls of color. Drugging Lane made him more compliant, but his work had turned abstract. Jules needed more art his team could parse, could test. Trial and error. These abstract explosions of color complicated the data. His grip tightened around the letter opener in his hand. The piece of art he needed was hidden inside Lane. If Jules could simply cut the painter open and pull the painting out of him, he would. The overhead lights flickered. Jules would make Lane cooperate. No more drugs. Less carrot, more stick. Jules had to go faster. He wouldn't lose to Diana. Nothing else mattered. And nothing else matters. Und Taka-chan, merci vielmals. Danke dir für das Abo auf YouTube. Merci vielmals. Und willkommen hier. Wie geht's dir? Oh, Chat. Ja, wo sind die Passwörter, Mann? Bericht zum Zustand. Ja, mein Gott. Ich will doch nur das Passwort. Aktuelle Situation. Können wir das nächste Mal lesen, Chat? Können wir das nächste Mal abspielen? Ich will nur das Passwort. Weil nächstes Mal muss ich wahrscheinlich wieder alles lesen. Erstens weiss ich nicht, was ich gelesen habe. By the way, Chat, ich sage es jetzt schon. Nächste Woche, der Stream fällt aus. I know, nicht traurig sein, Chat. Nicht traurig sein. Er fällt aus. Aber vielleicht hole ich ihn noch. Vielleicht am Sonntag. Ich muss mal schauen. Chat. Aber nur, wenn wir das Passwort finden. Nur dann. Ja. Oh, da haben wir noch nicht gelesen. Chat. Please. Nein, das ist auch nicht das Passwort.
Wir reden nicht darüber, Chat. Wir reden nicht darüber. Der Stream fällt aus. Und was soll ich denn am Samstagabend machen? Dann wird es mir ja langweilig. Ja, I know. I'm sorry. Ich bin an einer Hochzeit. Und ja. Ja, I know. Ich streame einfach vom Hochzeit her. Ich verkrüche mich irgendwann an und dann lade ich auch den Stream an. Ich nehme ein Notebook mit und dann machen wir ein bisschen Gameplay. Ja, Finchen, genau das. Genau das ist am nächsten Samstag und es dauert ewig. Also es wird wahrscheinlich nach Mitternacht irgendwann heimkommen und dann bin ich komplett durch. Ich werde komplett durch sein. Und dann ist die Idee, dass ich vielleicht am Sonntag live gehe, aber dann muss ich noch schauen, ob es überhaupt klappt und um welche Zeit. Aber ja, ich gebe noch Bescheid so gut wie ich kann. Aber ihr habt es jetzt schon mal gehört, nächstes Wochenende fällt am Samstag ganz sicher mal aus. Valianz, hey, ich wusste gar nicht, dass du auch auf YouTube unterwegs bist. Valianz, ja, bin ich. Tatsächlich eigentlich immer noch so testweise. Ne? Heute scheint es aber sehr gut, die Interaktion scheint sehr gut zu laufen. Habe einige Abos reinbekommen. Aber Valianz, wie geht's dir denn? Schön, dass du hier bist. Und ja, auf YouTube ist halt einfach Vertical Format. Das ist eigentlich optimiert, wenn du mich auf dem Smartphone guckst. Mino, nächsten Samstag fällt aus. Nächsten Samstag kein Stream. So, jetzt habe ich das Passwort geknackt. Jetzt möchte ich aber noch schnell schauen, was wir natürlich bekommen haben. Das haben wir schon gelesen. Nussallergien haben wir gelesen. Kuchen, ist unwichtig. Da, Achtung, Schwarzstein fehlt. Das haben wir schon gelesen. Scheiße. Jules hat gerade eine Memo rumgeschickt. Wir sollen das Projekt seiner Frau ausspionieren. Früher haben wir uns über seine albernen Projektnamen und seine Scheinwissenschaften lustig gemacht. Es war so einfach. Hat er das wirklich gemacht? Diana dreht ihm den Hals um, wenn sie das erfährt. Die beiden sind eine Katastrophe. Ich war gestern mit Perry was trinken und der meinte, dass Jules die Wake-Seiten von Dianas Team zurückhält. Er hat ihr gesagt, sie wären verloren gegangen. Verrückter Scheiß. Paula sagte, dass ihr beide darüber nachdenkt, eine Versetzung anzustreben. Würdest du mich hier wirklich alleine lassen? Lulu, hä? Lässt du mich denn hier einfach alleine? Lulu, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Einfach der Wiggle. Einfach der Franziskus am Wiggeln. Wie hast du es, Lulu? Wir telefonieren. Einmal die Woche versprochen. Ja, aber jetzt habe ich das Passwort geknackt. Für einfach nichts, oder? Gut geknackt, Chat. Ja. Das Passwort steht da oben. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ich bin halt zuerst 5 Minuten im Zeug rumgelaufen. Okay, aber das bringt uns weiter. Hm? Oh. Also was jetzt? Hi. Chat, bevor wir mit dem reden, machen wir Feierabend. Kann ich noch schnell noch einmal speichern? Ich möchte gerne noch speichern. Wenn wir da schnell retour, wenn wir speichern. Wir merken uns für 2 Wochen, Chat. Da brauche ich eure Hilfe dann. Das erste, was wir mitmachen, ist mit dem Dude reden. Das ist wahrscheinlich 2 Stunden im Zeug und weiss nicht, was ich machen muss. Bin ich da? Nein, da. So schön, dich noch live zu verwünschen. Mir geht es gut, danke uns selber. Hey, ich kann mich nicht beklagen. Ich sage nachher gerade noch schnell etwas dazu. Mache langsam Feierabend und wechsle jetzt noch schnell in diese Szene rein. Mache den Sound an. So, also, Lulu, das freut mich natürlich riesig, dass es dir gut geht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich sage es jetzt nochmal, ich habe es jetzt nicht manchmal gesagt, aber ich habe einfach mal gesagt, hey, es gibt so ein bisschen Challenges im Leben. Das ist halt so. Eine aktuelle Challenge, die ich habe, ist auch ein bisschen auf den Beruf bezogen. Es kann sein, dass ich, keine Ahnung, den Job verliere oder dass ich etwas anderes muss machen, mir etwas anderes muss suchen in dem Sinn.
Aber ich weiß es schlussendlich auch nicht. Kann auch sein, dass alles beim Alten bleibt, aber das Fragezeichen macht mich ein bisschen fertig im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hey, sonst geht es mir gut, ich kann mich nicht beklagen. Lulu, gesundheitlich bin ich fit. Hey, ich bin noch richtig. Was? Noch nicht richtig wach, Mino? Nimmst du jetzt Kaffee? Du kannst noch nicht gehen. Doch, kann ich. Und hey, gute Nacht, liebe Fienchen. Träum von einem Abenteuer auf dem Firefly-Raumschiff mit Luna Lovegood als erste Offizierin. Jetzt aber. Jetzt machen wir so ein Smash-Up. Firefly, Harry Potter und Stargate. Möge dich Stargate sicher in süße Träume geleiten, hey Fienchen. Auch nochmal merci für deinen Support heute. Und dass du da bist, für Death Count Master und so weiter. Wir machen nicht mehr lang, also wenn du willst, kannst du noch bis zum Raid bleiben. Aber auf jeden Fall wünsche ich dir schon mal eine gute Nacht und schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Oh no, das tut mir leid. Ich drücke dir Däumen. Hey, merci Lulu. Danke vielmals. Ja, das weiß ich zu schätzen. Es ist aber auch dumm, wenn die nicht sagen können, was Sache ist. Hey. Ist halt einfach nur eine Nummer und nicht ein Mensch. Ja. So wird man behandelt. I'm sorry, auch wenn es jetzt jemand sieht. Es ist ja so, sorry, ich bin einfach ehrlich. Und wenn sich schlussendlich nicht einmal etwas verändert, dann bin ich froh, ja. Aber ich muss gleich sagen, sorry, also. Come on, please. Ja. Ich war genug lang in dieser Bude, dass man mich ein bisschen mehr als Mensch behandeln kann und nicht einfach als eine Nummer. So, aber Mino, ja, auf jeden Fall. Danke für den Stream, bis später, bis 18 Uhr. Hey, ich rede so, als, hey, das ist jetzt der letzte Stream für 2 Wochen, das ist ja gar nicht wahr. 18 Uhr gehe ich wieder Live-Chat, das ist schon fast wieder vergessen. Also, alle, die das hören, notiert euch heute Sonntag, 18 Uhr, Chain Together mit Mr. Blatch und dem Ullenbullen. Machen wir dort noch ein bisschen weiter auf meinem Channel das mal. Und es würde mich mega freuen, wenn ihr dabei seid. Ich kann mich wahrscheinlich nicht so gut auf Chat achten, das muss ich da irgendwie noch einmal anschreiben. Wenn wir zu dritt unterwegs sind und uns fokussieren auf das, was passiert, werde ich wahrscheinlich auch ein paar Effekte deaktivieren. Und, aber ihr werdet immer noch euren Fun haben, das kann ich euch garantieren. Trio-Katastrophale, das ist immer sehr, sehr unterhaltsam, was dort passiert. So macht man sich nur die Leute verrückt, ja. Ist leider so. Ja, absolut. Das ist leider so. Bei mir hat es eine riesige Entlassungswelle gegeben und da geht es leider echt nicht mehr um die Person. Aber ich bin voll bei dir, es sollte auch mal um einen Menschen gehen. Mir ist bewusst, dass es schwierig ist, ja. Vor allem eine grosse Firma, es ist halt nicht einfach. Aber vielleicht, ja, man sollte es doch wenigstens auch probieren. Grüße aus Heidelberg, Germany. Let's go. Hey, Grüße zurück nach Heidelberg. Aus der Schweiz. Man hört das wahrscheinlich, ne, dass ich aus der Schweiz bin, Schweizerdeutsch und so. Aber Grüße nach YouTube in dem Sinne auch. Ne? Man sieht hier ist eine Nachricht von YouTube. Wie geht's dir denn, CP? Wie geht's dir? Ich mache leider aber auch schon bald Feierabend, also bald jetzt eigentlich. Ich wollte kurz die Nachrichten noch lesen, vor allem hier auf Twitch die Nachrichten. Und dann geht's weiter. Raten wir auf Twitch dann jemand anderes. Und der Rumpel, wo Gameplay, Gottverdammt, ist jetzt vorbei. Das hast du verpasst, Rumpel. Treumann, schlafen Sie gut im Rüebliland. Ja. Wo auch immer ihr seid, lieber Chat. Schlaft auch ihr gut. Ja, sei es im Rüebliland, in Zürich, in Basel, ja. Oder wo auch immer, im Wallis. oder in Heidelberg. So, ich kann mich nicht beklagen, CP. Ich habe jetzt gerade erzählt, so jobtechnisch, berufstechnisch ist da was im Wandel, das beschäftigt mich ein bisschen. Aber ich kann jetzt wegen dem nicht behaupten, dass es mir schlecht geht. Ich bin gesund, es geht mir gut, es war ein toller Stream. Tolle Leute hier. Und das ist wichtig, ne? Das ist wichtig, Chat.
Also, jetzt, wir suchen ein Raid-Ziel. Wir suchen eine Raid-Ziel. Hey, übrigens, Lulu, ich habe heute gepuzzelt, ne? Danke für das nochmal, Lulu. Danke für den Virus, der sich nennt Jigsaw Explorer. Wir hatten noch ein bisschen puzzelt tatsächlich, das war auch lustig. Wer habe ich denn live? Chat, habt ihr jemanden? Habt ihr jemand, Lulu, auch du, habt ihr jemanden, den wir wir raten können? Und ja, mir ist klar, Jen ist bei mir live gesehen. Jen kommt immer als Vorschlag, aber ich fände es auch heute wieder geil, wenn wir jemanden raiden könnten, den wir noch nicht geradet haben. Und ich schaue in der Zwischenzeit mal, ob jemand im Alan Wake 2 drinnen ist, wo dann vielleicht auch auf Deutsch unterwegs ist. Alan Wake 2, Language, Deutsch. Bin nur ich. Ich bin der einzige Deutsch-Streamer. Habt ihr Schlitten Troy? Habt ihr Schlitten Troy? Troy, du Maschine, wünsche dir und Chat eine gute Nacht. Hey, das wünsche ich dir auch. Chat, bitte, ich wäre froh, wenn ihr noch schnell worden für den Raid. Wäre mega cool, wenn wir noch schnell ein paar Messages im Chat hätten. Aber ich brauche natürlich auch euren Input. Beruf ist nicht alles, Gesundheit ist wichtig. Hey, CP, True Words gebe ich dir recht. Ist so. Muss ich mir auch immer wieder mal selbst sagen. Ne? Beruf, es geht weiter. Ne? Ich finde was. Auch wenn ich jetzt wirklich was Neues suchen muss, auch dann finde ich was. Ne? Und wenn sich was verändert, dann ist es halt so. Aber hey, True Words. Kann ich nur unterstreichen. Ein kleiner Hype-Train war auch noch heute. Hey, True, ein kleiner Hype-Train, Level 14. Mhm. Iowa Racer Chin. Ich habe nichts anderes erwartet. Die Scheibe hat so scharf gegessen, jetzt brennt mein Maul. Lolo. Ist nur so scharf, jetzt magst du vertragen, gell? Oder Lulu, hast du vielleicht noch jemanden? Ich frage jetzt dich noch. Oder Chat. Alle dürfen noch ihren Input geben. Sonst würde ich sagen, Chen. Mal schnell durchgehen. Chen. Wer ist das da? Ninth Child. Back though. Ja, genau, der Omni. Okay, Lulu hat noch jemanden Vertrauensgekück. Warte, das ist nicht ein Streamer, das soll ein Wort sein. Vertragsamme, nicht mal Pfeffer. Lulu? Vertrag. Sorry, ich habe gemeint, das ist ein Streamer. Ich habe es schon kapiert. Weißt, ich habe es schon Vertragsgekück. Habe ich mir schon kapiert, weil ich dachte, das ist ein Twitch-Streamer. Habe ich immer das Live, Scusi. Du bist so sympathisch, du findest einen Weg. Hey, danke für die netten Worte. CP, danke für die netten Worte. Wow. Das ist schön zu lesen. Chat. Wir raten zu Chin. Sekiro spielt der liebe Chin. An dieser Stelle muss ich vielleicht noch sagen, ne, an die Leute auf YouTube, also CP zum Beispiel, wir raten natürlich auf Twitch. Ne? Das heißt, auf YouTube geht der Stream einfach offline. Auf Twitch raten wir zur nächsten Person. Und ihr dürft natürlich gerne auch hier auf Twitch followen, twitch.tv/treuhammeren. Das wäre natürlich mega nice. Chat, wir gehen zu Chimpanzee. Schweizer, egal welches Game, wo Prio? Das Schweizer ist schwierig. Aber Rumpel, hast du gerade einen Vorschlag? Einfach irgendjemand, wo du sagst, hey, da würde jetzt noch passen. So der Vibe, der Community-Vibe, you know. Da finde ich immer das Wichtigste, dass der passt. Und das darf auch gerne Deutsch sein, das darf von mir aus auch Englisch sein. Ja? Also, I don't care.
Um diese Zeit bin ich nicht wählerisch. Ich tue mir aber schon mal den Chen rauskopieren und warte noch schnell einen kleinen Moment, bis ob noch etwas kommt. Chat. Und Rafzen, merci vielmals für den Follow. Merci vielmals. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das jemand ist von YouTube. Und darum habe ich natürlich mega Freude. Mach nur. Also, hey Chat, Chimpanzee it is. Wir haben uns entschieden, oder ich habe mich entschieden. Und mache ich Start Rate. Chimpanzee. Lieber Chat, wir gehen weiter zum lieben Chimpanzee. Sekiro ist er am Spielen, ganz sympathischer Dude. Kopiert euch die Nachricht für Subscribers oder die Nachricht für Nicht-Subscribers, pastet die bitte schnell einmal bei ihm rein. Schaut vielleicht auch schnell rein, gebt ihm eine Chance, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr auch followen. Und lieber Chat, merci vielmals für den riesigen, absolut abartigen, riesigen Support heute, Level 14 Hype Train. Es hat mega Spass gemacht, wir haben mega gute Themen besprochen. Ich habe Freude gehabt jetzt auch am Spielen, Alan Wake, ein bisschen weg vom Song of Horror, aber wir werden wieder zurückgehen. Lieber Chat, heute 18 Uhr auf meinem Channel geht es weiter mit Chain Together. Also eintragen, 18 Uhr, Plätsch, Ullen, machen wir dort weiter. Und notiert euch auch nächste Woche Samstag kein Stream, aber das sage ich dann einmal. Lieber Chat, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlafen gut, schön sind ihr dabei gewesen, habt es gut, schaut auf euch. Let's fucking go. Du bist immer noch da. Der Stream ist fertig. Sorry. Hast du erwartet, dass es noch irgendwie, ein Easter Egg gibt? Ich muss dich leider enttäuschen. Ich kann nichts mehr. Also gang am besten schlafen oder mach das, was du um die Zeit sonst auch machst. Ja, sorry. Und gute Nacht. Bye. Okay, wait a second. Wieso eigentlich nicht? Wenn du schon da bist, können wir endlich wirklich schnell. Ich kann wirklich schnell die Easter Egg-Liste nehmen und sie zeigen. Aber nicht weiter erzählen. Also bist du ready? Let's go.